Lilu Dallas Multipass. Multipass. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
Grüezi miteinander! Holy Okay, okay. Chat. So, Chat, probieren wir es nochmal, Chat. Oh, Chat, ich weiss wieso. Ich weiss, wieso das ist. Dann muss ich da noch schnell das Licht abmachen. Kokainum. Ich weiss, wieso das ist, Chat. Das ist wegen dem Gipfeli. Das ist wegen dem Gipfeli, aber genug Gipfeli jetzt. Jetzt machen wir zuerst mal nachher so ein Raffle. Auch mal so ein Ausrufezeichen Eichel-Raffle, Chat. Und da könnt ihr euch wieder ein bisschen beruhigen. Und ich bedanke mich zuerst einmal, dass ihr alle da sind. Lieber Chat, wie geht's euch? Wie war eure Woche gewesen? Habt ihr denn schon Ferien? Habt ihr ein Gipfeli? So, noch schnell regeln. Gut, oh mein Gott, da ist schon Support reingekommen. Lieber Chat, holy shit, what happened? Ich bedanke mich schnell, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sabi hat irgendwie Offstream noch reingesubbt. Sabi, merci vielmal für den Resub im 30. Monat. Danke vielmal. SDTLC im 18. Monat. Tier 3. Merci vielmal, SDTLC. Danke euch, Chat. Danke euch, dass ihr da seid. Ja, merci vielmal. SDTLC, merci für deinen Support Tier 3. Danke vielmal. Sty, merci vielmal für deinen Resub im 24. Monat. 2 Jahre Sty. Holy shit. Sty, merci vielmal für das. Nino Talks, holy shit. Nino, merci vielmal für 5 verschenkte Subs. Danke vielmal an verschenkte Subs an Ravens Café Sandyline, Teddybär, Itachi Uchiha und Tito Z Hour 70. Merci vielmal, Nino, für deinen Support. Danke vielmal. Und Arti, merci vielmal für deinen Resub im 26. Monat. Haben wir eigentlich einen Hype-Trend? Der ist schon mal laufen, oder? Ich sehe es gar nicht. Irgendwie nicht. Also wir müssen jetzt nicht starten, Chat. Das möchte ich nicht sagen. Arti, merci vielmals für deinen lang anhaltenden Support. Und Agent, merci vielmals für deinen Resub im 12. Monat. 1 Jahr, Agent of your Mama. Let's fucking go. Merci vielmals für den ganzen Support, lieber Chat. Schön seht ihr euch. Ich begrüße schnell alle, die ich hier lese. Und ich hoffe, der Stream... Oh, Jenny, Arti, merci vielmals Arti für 300 Biddies. Danke vielmals Jenny, merci vielmals für 100 Biddies. Und schön sind ihr alle da. So, ich versuche es jetzt nochmal, lieber Chat. Ich versuche es nochmal, mich ein bisschen heller zu machen. Also ein Ticken heller. Vielleicht so. Das war der falsche Knopf, Chat. Das war der falsche Knopf. Nino_Talks gifted at Tier 1 Subte Curiously Amanda. Nino, merci für einen weiteren verschenkten Sub. Curiously Amanda hat auch schon ein paar Mal einen Sub geschenkt bekommen. Nino, merci vielmals. Merci für den Support. So, und jetzt probiere ich es, Chat. Lasst ihr mich jetzt? Jutti, grüezi wohl. Dann wer ist überhaupt First? SDTLC geht jetzt zum First und grüezi SDTLC. Arti, habe ich gesagt. Fienchen Clue, Sabi, Yasukiwa, Tliabo, Trini, Swiss Coconut, Kaylee, The Fishbone, Speckus Dai, Lilo Multipass, habe ich gesehen. Princess Luna, Agent, natürlich Nino, Carnage Rage, Smoker, Vortex Crow,
Ich muss immer überlegen, ob ich es richtig sage. Ist es Crow oder Crow? Ich glaube, es ist Crow. Vortex Crow, Flöro, grüezi, Sandro, grüezi wohl, Jenny, Airfighter und Zafin Crafter auf YouTube, hallo und grüezi miteinander. Wie war eure Woche, lieber Chat? Und by the way, ich bin immer wieder mal da ein bisschen am Mikrofon rumschrauben. Wenn ihr das Gefühl habt, es tönt schlechter als letztes Mal, bitte lasst es mich wissen. Wenn ihr keinen Unterschied merkt, dann ist okay, dann müsst ihr nichts schreiben. Wenn ihr das Gefühl habt, es ist besser, dann könnt ihr es natürlich auch schreiben. Aber ich bin immer auf Feedback angewiesen im Moment, dass ich da das Mikrofon ein bisschen besser einstellen kann. Lieber Jen. Oh, Fired King, what are you doing? What are you doing? Fired King gifted a Tier 1 Sub to the Chef Bear. Der Chefbär, Chat. Der Chefbär. Hey, Fired King, grüezi und merci vielmal für den Gifted Sub an The Chefbär. Und es hört nicht auf, Chat. Es hört nicht auf. Jetzt kommt Poppy rein. He? Jetzt geht die Post ab, Chat. Mit 37 Lüt. Popcorn, let's go! Merci für den Raid! Holy! Ich habe erst gerade angefangen. Es ist wild, Chat. Es ist wild. Und liebe Raiders, zuerst mal Knöpfchen hier. Liebe Raiders, ich bin der Troy, ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität. Viele Spielereien, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und heute mit tollen, geilen, vielen Giveaways. Wir haben das zweite Weihnachtsspecial heute und es gibt vieles zu gewinnen. Für mehr Infos, Ausrufezeichen, Giveaway. Und wenn ihr direkt mitmachen wollt, dann könnt ihr Ausrufezeichen Ticket reinmachen. Das kostet einfach 200 Treuepunkte. Und die könnt ihr abrufen mit Ausrufezeichen Points. So, jetzt aber zuerst mal. Kommt alle mit aufs Foto, mit Ausrufezeichen Foto. Dann kommt ihr nämlich mit eurem Profilbild mit aufs Foto. Ja, das gibt es auch bei anderen Streamer-Chat. Ja, ihr kennt es vielleicht. Let's go. Chat, kommt alle mit drauf und Poppy. Wie war dein Stream? Und wie geht's dir? Und was gab es für Musik? Ja, jetzt wollte ich fragen, was hast du gespielt? Aber natürlich, Poppy macht ja Musik, nicht Chat? So, und ich begrüße noch kurz Team Underwater, natürlich Poppy und Sicaro, grüezi Sicaro. Ja, Giveaway, Sicaro. Und der Calls ist auch noch drauf, let's go. So, lieber Chat. Wo ist hier das Faultier, Chat? Sehen wir das hier? Das ist schon, ja, so ein bisschen da. Da sehen wir so ein bisschen, Chat. Machen wir da schnell. Ja, so 1 machen wir rein, Chat. Und Patch Gaming CH, grüezi wohl. Schön, dass du da bist. Art Shooting auch drauf. Hey, 24 von 37 Leute, lieber Chat. Da geht noch mehr, oder? Da geht noch mehr, Nick, oder? Nick, bist du drauf? Nick, Mann, schön, dass du da bist. Hello. So, Chat, jetzt muss ich mal schnell schauen, dass ich hier Poppy nicht überlese. Poppy hat noch geschrieben, Poppy Raid zündet den Knaller. Die Party muss weitergehen, Chat. Genau so. Und Poppy hat sich einen Rot gewählt. Let's go. Nice one. By the way, ihr habt vielleicht gesehen, das Franziskhaus ist auch dabei. Ja, jetzt in der Weihnachtszeit und so. Ey, Lannister, grüezi übrigens. Schön, dass du da bist. Swiss Uli, grüezi wohl. Holy shit, der Hype-Train ist noch durch. Ich muss da noch das Knöpfchen drücken. Lieber Chat, ich muss noch das Knöpfchen drücken. Und in dem Sinne, danke nochmal. Lieber Chat, danke euch für den Hype-Train. Merci vielmals für den ganzen Support, lieber Chat. Das war nicht nötig. Ich sage es immer wieder, aber es nützt nichts. Heute verschenke ich, Chat, heute verschenke ich Dinge, ne? Und ich hole jetzt noch ein paar Preise. Ich muss noch schnell ein paar Preise holen da in der Zukunft, Chat.
So, merci nochmal. Und grüezi wohl Nelfi, Sir Simple, Lisa Lee, Juna, Ratio, grüezi miteinander. Schön sind ihr da. Wie geht's euch? Wie geht es euch? So, und jetzt muss ich mal gucken. Ne? Chat wie immer. Ich kann nicht von Anfang an alles lesen, Chat. Ne? Das ist ein bisschen schwierig geworden. Aber ich überfliege mal kurz ein wenig und ich steige mal irgendwo dann ein. Aber kommt alle noch aufs Foto drauf. Wir haben noch, come on, 4 Plätze, Chat, 4 Plätze. Das bringen wir hier hin, oder, Chat? Das bringen wir hin. Ist wieder 22 Uhr die Verlosung, absolut korrekt. Also ich sage immer zwischen 10 und 11. Lilo zwischen 10 und 11, aber wir ziehen 3 Gewinner drum. Es kann auch sein, dass es Viertel ab wird, es kann auch sein, dass ich pünktlich bin, aber sicher dort zwischen 10 und 11 Uhr empfehle ich euch allen, die mitmachen beim Giveaway, seid dann hier, weil wenn ihr was gewinnt, dann müsst ihr claimen, ne? Und einen Preis dann auch auswählen, Chat. Stream war super, danke. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Hand, Bitz, was ruhiges gespielt. Bitz Haus, okay, ein bisschen ruhig. Und ich habe es verpasst. Chat, ich habe es halt einfach verpasst. Ich würde jetzt gerne, und jetzt habe ich gedacht, dann schauen wir halt einen Clip an, aber Clips gibt es ja nicht. Verdammt! Jetzt finde ich so schade, dass man das nicht darf, Chat. Okay, aber hey, Papi, das freut mich. Das freut mich. Ein bisschen gemütlich, das I like that. I like that. Bei mir jetzt ein bisschen Weihnachtsmusik am Laufen, wie man gehört hat. Also das muss auch sein, Chat. Kannst du 3-mal raten, was ich mir als Weihnachtsgeschenk kostenlos habe? Treu Wickel. Jetzt Liabo, merci für den Lurk-Support. Du hast dir etwas gegönnt, Trainee. Die Rammstein-Jacke. Was aber kostenlos? Also ich hätte jetzt gesagt Rammstein-Jacke, oder? So, Chat, ich gehe noch schnell durch. Sind alle drauf? 2. Lieber Chat, 2 fehlen noch, ne? 2 fehlen noch. Nein, gut, da weiss ich Bescheid. Muss mich darum jetzt kurz ums Krankenkind kümmern. Darum Lurk, ja, Lilo, dann wünsche ich deinem Kind alles gute Besserung, Lilo. Hoffentlich auch nicht streng für dich. Das ist doof. Aber jetzt ist wieder so die Zeit, oder, wo man krank wird. Ist ja nicht das letzte Mal, dass es ruhige Musik gibt. True. Kann man immer wieder machen. Auf Findlibad, let's go. Lizzie, hey Lizzie, wie geht's dir? Renegade, grüezi wohl. Kopmar, grüezi miteinander. Wir sind voll, Chat. Wir sind voll. Oh nein, jetzt hat der Ullen keinen Platz mehr. Oh no! Jetzt müssen wir wieder Platz machen für den Ullen. Was? Oh, Ullen, I'm so sorry. I'm so sorry. Wie voll? Mein Engel und Ullen, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Und sorry. Ich habe, Fienchen, ich kann Leute rausschmeißen, aber der Platz wird wegen dem nicht frei. Darum bringt es nichts. Ich habe die Funktion noch nicht. Ich habe mir überlegt, wie ich es ausbauen kann in den letzten Tagen, aber ich habe noch nicht gestartet damit. Aber ich merke, ich muss langsam ausbauen. Lieber Chat, aber dann warten wir auch nicht länger. Machen wir schnell das Foto. Ich schaue schnell, dass da alles stimmt. Danke für den Raid als Titel. Und that's it. Der rote Strophe. Und wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden Chat. Oh mein Gott, shit. Okay, jetzt haben wir mich schön verarscht. Okay, aber Chat, it is what it is. Papi, da unser wunderschönes Foto. No! Please, no! Ein paar Effekte sind ein bisschen zu spät. I'm sorry. Aber das Foto ab sofort auf dem Discord drauf, Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann auch eine Story auf Twitch, auf Insta, wo ich dich markiere. Papi, du kennst es ja, wie das läuft.
Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. So, und jetzt muss ich schnell schauen, dass ich alle begrüßt habe. Römer, grüezi Römer, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Comedy Freddy, hello there. You are a bold one. Und dann, wie geht? Hello there. Now, General Kenobi, you are a bold one. Hey Freddy, wie hast du es? Chat, wie haben es? Schnell schauen, wo ich da bin im Chat, dass ich den gerade wieder weiterlesen kann. Ich sehe da, wo der Ullen reingekommen ist, wo leider keinen Platz mehr hat auf dem Foto. Da Trini, das möchte ich noch schnell lesen. Ja genau, aber nicht kostenlos. Das hat Korrektur geschrieben. Nein, scheisse teuer, aber die habe ich mehr verdient. Hey, also Trini, oder lieber Chat, gerade jetzt dürfen wir sich auch mal etwas für sich selber gönnen. Oder? Es darf auch mal ein bisschen teurer sein. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch so, zum Beispiel da die Uhr habe ich mir gegönnt. Und ich finde das geil. Ich find, go for it. Natürlich immer auch schauen, dass es aufgeht finanziell. Aber da muss ich euch nicht sagen. Dann ist es geil. Mir geht es soweit gut und die lese ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Merci vielmals. Merci vielmals. Und freut mich, dass es dir gut geht. Sabri! Ja, es ist wieder so Fieberzeit. Das wird wieder, darum hoffe ich, verpasse ich nichts. Hey, weißt du, stellst dir einen Timer und dann wenn es so weit ist, hast du mich einfach auf dem Ohr. Das ist so da, wo ich dir als Tipp geben kann. Weil ich würde dann sagen, Multipass hat gewonnen. So, Chat, wo sind wir? Kaputt machen. Ich lese da nur kaputt machen. Hallöle, danke gut euch allen noch. Hey, ich kann mich nicht beklagen, Freddy. Schöne Zeit. Ich liebe den Dezember. Ich habe Ferien tatsächlich und ich sage es jetzt schon mal, lieber Chat, der nächste Stream wird wahrscheinlich, ich müsste noch schnell ins Discord hineinschauen, noch schnell schauen, ob der Ullen zurückgeschrieben hat. Nein, der nächste Stream wäre wahrscheinlich dann am Dienstag. Ja, jetzt gibt es ein bisschen mehr Streams. Jetzt habe ich Ferien. Die Idee ist, Dienstag nächster Stream, Donnerstag nächster Stream, Samstag dann wieder ganz normal. Also 2 Zusatzstreams. Also, der Ullen hat jetzt geschrieben, das teile ich jetzt gerade mit euch. Der Ullen hat jetzt geschrieben, und ich habe ihn gefragt, weil ich eigentlich mal gesagt, dass wir dann so schnell zusammenhocken und so. Und dann habe ich eben geschrieben, hey shit man, ich habe einen Stream eingeplant genau dann. Und jetzt schreibt er, nur wenn du mich aufs Foto einbaust. Also Ullen, das ist ein Deal, aber da muss ich nach einem Offstream Photoshoppen. Aber das mache ich. Dann nehme ich dich dort noch rein. Dann haben wir unseren Deal-Chat. Ullen, let's go. Hey, Papi. Hey, ja stimmt, bis nachher. Wenn du wieder rum bist, bitte sag mir Bescheid. Ich habe ganz vergessen, den Bossfight reinzuqueuen. Aber wenn du wieder rum bist, Papi, mit deinem Essen, dann gib schnell Bescheid und dann würden wir starten. Aber kein Stress, dann, wenn du ready bist, dann starten wir. Der Verräter-Chat. So, wo bin ich? Und Decor, grüezi, Decor. Buah! Wie hast du es, Decor? Auch in Weihnachtsstimmung? Autokorrektur, meine Kollegin hat mir ein neues Rezept geschickt und geschrieben, Mandelentzündung soll wieder... Mandelentzündung. So eine Prise Mandelentzündung, Chat. Genau so muss es sein. Genau so muss es sein. Ich habe mir ein Rad 2X gegönnt. Ein HDMI-Adapter und meinen SNES. Aber ich darf immer noch darauf warten. Da hast du mal was gesagt, ne? Da hast du mal gesagt. Muss er auf alles noch warten oder nur auf Super Nintendo? Hey Lilo, bis später. Hast schliesslich 6'000 Stutz im Lotto gewonnen. Das hat gelangt für ein Auto, die Jacke und noch Tumbler
Kannst du mir auch gerade einen neuen Templer kaufen? Gott, es wäre nicht mehr, es wäre uns allen hier im Block. Ich bin zufrieden, dass ich das erste Mal seit langer Zeit. Hey, aber das ist geil. Trini, das freut mich mega für dich. Das freut mich mega für dich. Ja. Das ist nice. Gönn dir, gönn dir. Und der Senpai Shippo. Grüezi, hey, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Hey, lieber Chat, jetzt muss ich gerade schauen, wo wir sind. Aber das ist für mich jetzt ein Stichwort, das ich euch schnell zeige, was es zu gönnen gibt. Ja? Wenn ich hier den Namen lese vom Senpai, dann habe ich das Bedürfnis, euch zu zeigen, was es zu gönnen gibt, Chat. Dann muss ich aber mein Knöpfchen noch finden. So, lieber Chat, ich habe es heute schon mal gesagt, im letzten Stream haben wir schon Preise vergeben. Ausrufezeichen Giveaway. Senpai! Ausrufezeichen Giveaway für mehr Informationen und es gibt zu gönnen. Die restlichen, also einen ist jetzt schon weg, die restlichen 4 Brack.ch Gutscheine. Wir haben einen Razer Mouse. Dann haben wir von Govi, Senpai. Von Govi haben wir noch 3 Produkte. Da eines mit der HDMI-Box, so eine Beleuchtung für hinter dem Monitor. Dann das Ganze ohne HDMI-Box mit einer Kamera. Funktioniert aber genau gleich. Hat einfach die 2 Ständer nicht dabei. Die Version ist letztes Mal weggegangen. Und dann haben wir ganz auf der rechten Seite noch einen Lightstrip von Govi. Genau. Und was haben wir noch? Schnell schauen, was wir noch haben, Chat. Von WOG haben wir noch alle Spiele. WOG.ch hat auch noch ein paar Sachen gesponsert. Und auch da, wenn ihr könnt, könnt ihr euch auch etwas von diesen Games auswählen, Chat. Oder wenn ihr auch sagt, hey, ich bin zufrieden mit einem Steam-Gutschein, 45 Franken oder umgerechnet ca. 48 €, lieber Chat, dann könnt ihr auch dann das wählen. Das alles gibt es zu gönnen. Zwischen 10 und 11 zum Mitmachen, Ausrufezeichen, Ticket in Chat. Und jetzt haben wir doch noch so ein Raffle gestartet, oder? Das ist, glaube ich, durch. Ich schaue schnell, Chat. Mir zieht noch schnell jemand. Wo ist das Raffle? Das ist durch. Dann machen wir schnell Pick a Winner, Chat. Von denen machen wir übrigens dann noch ein paar heute. Letztes Mal habe ich eins vergessen. Also, lieber Chat, es geht um die Kleinigkeit, also eine Kleinigkeit. Die magische Eichel von der Fienchen gemacht bekommt. Jutti! Jutti ist halt da. Jutti ist hier, ne? Jutti, GZ, du bekommst noch mal was von mir. Wie viele Dinge hast du jetzt schon gewonnen bei mir, Jutti? Das ist schon das 3. Mal oder so, oder? Für Jutti eine kleine Eichel. GZ Jutti. Sehr geil, sehr geil. Und Äpfelmosch, grüezi wohl, Äpfelmosch, die geht's dir. Schön, dass du da bist. Hello, hello. So, let's go. Nice one. Muss ich schnell schauen, ob ich irgendetwas überlesen habe. Lisi nimmt alle Steam-Gutscheine, lese ich da gerade. Hey, oh mein Gott, ich müsste mich vielleicht noch bedanken für ein paar Support-Sachen, lieber Chat. Oh mein Gott, habe ich das alles verpasst? Hey, nein, guck mal, bist mir nicht böse, wenn ich 10 Minuten zu spät bin mit dem, aber merci vielmals für den Resub im 10. Monat. Guck mal, danke vielmals, ich hoffe, du hörst es noch. Smoker, merci vielmals für den Resub im 3. Monat. Danke vielmals für deinen Support. Und Senpai Shippo, merci vielmals. Direkt neu auf Twitch, neu da auf meinem Channel und einfach mal ein Abo raushauen. Senpai, let's fucking go. Merci vielmals für den Support. Und natürlich auch merci für Govi und so, ne? Hey, Senpai, merci vielmals. So, let's go. Chat. Holy shit, man. Wo sind wir gewesen? Ja, das war es, oder? Ich habe gesagt, ich komme live und nachher gibt es ein Eichel. Muss ich sonst noch etwas machen? Ich glaube, wir haben alles, oder? Ich glaube, wir haben alles, oder? Eichel verteilt, wir haben schnell ein bisschen Musik gehört zusammen. Schöne zusammen. Bye, bye.
hier bin ich wieder, Chat. Oh, ich muss den ein bisschen brauchen, das ist neu. Du bleibst da. Du bleibst jetzt da. Jutti, okay, ich bleib hier. Ich bleib hier. So, und vor allem muss ich noch ein bisschen Chat lesen. Chat. Ich glaube, Poppy ist auch wieder rum. Sobald ich ein bisschen vorwärts komme im Chat, schauen wir uns schnell an, ob wir in Bossfight reingehen schon. Twitch-Partner vor Ende Jahr. Also, schau, es ist nicht etwas, wo ich jetzt da irgendwie forcieren und irgendwie nur an das denken. Aber hey, mal gucken. Mal gucken, wie es kommt. Vielleicht Ende Jahr, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht never. Vielleicht in 3 Jahren. Aber es ist eigentlich auch egal. Schlussendlich geht es nicht um das. Ich kann euch viel auch dann, ein bisschen geben, wenn ich das hätte, aber es geht überhaupt nicht um das. Aber guck mal, vielleicht. Das habe ich schon gelesen, Ich muss da mal ein bisschen vorwärts machen. Würfel mal auf Körperbeherrschung, bitte. Oh ja, gerade kein Würfel da. Mal, ich kann ja... Ullen, was muss ich würfeln? Was muss ich für eine W würfeln? Für einen Würfel. Da fällt mir ein, ich habe erzählt, wie ich mir einen neuen DLAN-Adapter geholt habe. Ich habe von 100 Mbits auf 150 Chat. Ich kann kein Deutsch mehr. 150 geupgradet. Habe mich dazu entschieden, die zurückzuschicken, wenn eine neue Wi-Fi-Karte kommt. Oha. W20 muss ich noch schnell würfeln, Chat. Ich habe eine 7 gewürfelt, Ollen. Oh, das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut. Mir geht's gut, nee, Weihnachtsstimmung ist bei mir gerade nicht rum. Oh, also, hey, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber ist im Moment auch gerade nicht so beste Stimmung, sage ich jetzt einmal. Es gibt halt immer wieder mal Dämpfer. Oder ist auch, darum frage ich eben, ist auch Weihnachten allgemein nicht dein Ding? Es gibt auch viele, die sagen, hey, Weihnachten, dem kann ich einfach gar nicht anfangen, oder? Troy, man hört einen Startscreen nebenbei, teils manchmal, glaube ich. Really? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es kann sein, dass das Mikrofon meine Kopfhörer hört. Das wäre dann aber nicht der Startscreen. Chat, habt ihr jetzt etwas gehört, Hört ihr jetzt etwas? Hello there. Ausser der Speckeier im Teig, wo Ihnen abonniert für 24 Monate. Okay. Ja, aber es kann schon sein, dass mein Mikrofon meine Kopfhörer hört. Das Problem ist mir bekannt. Aber hey, Speck-Eier im Teig, merci vielmals für den Resub im 24. Monat. Danke vielmals, Speck. Und wie hast du es? Merci vielmals für deinen Support. Und ich begrüße noch schnell Jessie. Jessie, grüezi, schön, dass du da bist. Hallo Jessie, wie geht's dir? Oh, Jutti, du bist doch mein Lieblings-Twitch-Partner. Bin ich denn nicht einfach dein Lieblingsstreamer? Das muss doch auch reichen, Jutti. Dein Lieblings-Gipfeli-Konsument. Oder so. Chat. Ich habe wieder einiges überlesen, bitte seht mir nicht böse. Und wenn ihr wirklich etwas Wichtiges geschrieben habt, auch wenn es schon zum 3. Mal ist, einfach nochmal rein damit. Richi! Und denkt, shit, vorbei. Hey, es geht noch den ganzen Dezember weiter. Hey. Es geht noch den ganzen Dezember weiter. Und Speck mit dem Kaffee trinken, let's go. Jetzt muss ich schnell schauen, was ich da... Okay. Einmal bitte quer über den Tisch kötzeln, merci. Bis 7 über den Tisch kotzen. Franziskus, heute nicht, ne? Heute kötzeln wir keine Regenbögen. Chat. Wow, nicht nur ich bin verwirrt, mein Chat-Tool ist verwirrt, Chat. Und jetzt kommen wieder die alten Nachrichten, nachdem die neuen Nachrichten gekommen sind. Holy shit, ich muss da mal schnell ein bisschen runterscrollen. Und Herbsttee.
Herbsti, wie geht's dir? Grüezi, Herbsti und grüezi, liebe Chat. Ich bin Troilina aus einem alternativen Universum. In Weihnachtsstimmung. Heu mein Sahneschnittli. Aber so wie heute du Sahneschnittli. Ach, schön sind ihr alle da, Chat. Und was haben wir da für Musik? Das ist im Treu seine Musik, oder? Er hat sicher die Song-Requests nicht eingeschaltet, Chat. Dann mache ich das jetzt schnell. Und ich weiss nicht, was der Treu da vorhin gemacht hat. Er hat die Hälfte vom Chat überlesen. Aber ich mache jetzt echt dort weiter, wo er aufgehört hat. Weihnachten ist schon lange nicht wirklich ein Fest für mich. Seit ich ein Teenie bin, ist der Zauber vorbei. Ja, ich Troilina spürt das ein bisschen. Ja, weil bei mir im Keller gibt es nicht einmal einen Weihnachtsbaum im Dezember. Nein, aber hey, das gibt es. Also, jedem das Seine, und wenn jemand Weihnachten nicht so wirklich feiert oder Fan ist davon, dann ist es halt so. Und Fippo, merci vielmals, Fippo. Sali und Moin zusammen. Fippo, danke vielmals für den Tier 2. Resub im 13. Monat, merci vielmals. Fippo, wie hast du es? Schön, dass du da bist. So, wenn da jetzt wieder eine epische Troilina drin ist, dann brauche ich eine Sammelkartentauschbörse. Ja, aber Jesse, wieso denn? Hast du mich nicht gern? Was möchtest du denn lieber als mich? Du bist ein Ini-Mini. Du bist Ini-Mini-Geist. Gelucksten Streamer. Oh, jetzt, das ist ein bisschen holprig, Jutti. Das ist holprig. Das ist Schweizerdeutsch. Also, Jutti schreibt, du bist Ini-Mini meist, geschautester Streamer. Ja? This is fine, Chat. This is fine. Also ja, du gehörst zu meinen liebsten Streamer. Hab euch sehr gern. Oh. Jutti, ich glaube, ich habe das sogar gesehen. Du hast da was gepostet. Ne? Du hast da was gepostet. Ich hab's gesehen. Es ist halt wirklich so. Ah, Chat. Ich gehe live und ich bin auch überfordert. Ich bin halt einfach überfordert, Chat. Aber es ist auch schön. Ich geniesse Festtage schon, mache nur kein grosses Ding daraus. Private Heim schmeckt mir auch nichts. Hey, aber same. Schlussendlich bin ich auch so. Also jetzt mit euch gehe ich ein bisschen auf Weihnachten. Wir hören ein bisschen Musik. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da daheim hocke und die Weihnachtsplaylist spielt auf und ab. Aber ich finde es so schön, einmal in der Woche, am Samstag mit euch, lasse ich auch ein bisschen Weihnachtsmusik. Das ist nicht too much dann auch. Und so ein bisschen feiere ich es gerne mit euch zusammen. Aber ich jetzt so im privaten Rahmen, da, wenn ich off-stream bin, dann ist bei mir auch nichts geschmückt. Und es ist eigentlich so wie immer, einfach, dass alles so ein bisschen ruhiger ist. Und dann, das schätze ich so ein bisschen an der Weihnachtszeit. Und ich bin mir auch ich mache mir keinen Stress, das habe ich schon mal gesagt. So Geschenkli-Stress und so, das mache ich mir schon gar nicht. Wenn, dann mache ich mir den Giveaway-Stress wegen euch, Chat. Da mache ich aber dann auch gern. Aber ich liebe wirklich so ein bisschen die Ruhe. Jas, du bist Platz 4. Meiner meist geschauttesten Stream. Jetzt nehmen wir mal schnell den Satz, Chat. Den Satz nehmen wir jetzt schnell. Also, by the way, für alle, die vielleicht jetzt das erste Mal dabei sind. Und ich erkläre schnell, die liebe Jutti, die ist aus Deutschland, ne? Aber die schreibt manchmal recht gutes Schweizerdeutsch. Aber diesen Satz schauen wir uns jetzt nochmal an. Du bist, das stimmt, Platz 4, meiner. Okay, das war direkte Übersetzung meiner meist geschauttesten. Also, jetzt du bist Platz 4 von meinen meist geschauttesten. Das ist so ein halbriger Satz, aber es stimmt eigentlich. Meist geschauttesten Streamer. Also ich würde jetzt sagen, es braucht noch einen von und bei meiner muss das R weg und dann stimmt's. Holy shit, Chat. Wo bin ich gewesen? Mir geht es echt wieder gut. Wie tut es dir, Troy? Hey, Fippo, ich kann mich nicht beklagen. Fippo, es freut mich, dass es dir gut geht.
Und bei mir, wie gesagt, so ein bisschen ein Runterkommen jetzt, so ein bisschen ein Geniessen, aber ich habe Ferien. Es ist nice. Ferien, mehr streamen, mehr Zeit mit euch verbringen, mehr Seich rumbasteln im OBS. Kaum haben die Ferien angefangen, habe ich auch angefangen, Zeug rumbasteln im OBS. Aber das sind Sachen, die sehen ihr dann erst, wenn der Bossfight ist, Poppy. Poppy, wärst du ready für den Bossfight? Weil die Tochter nicht rum ist, bin ich froh, dass ich mal nichts machen muss an Weihnachten. Ich muss da ein bisschen Lesungen machen, sonst kann ich nicht lesen. Dass ich mal nichts machen muss an Weihnachten, ich genieße meine Ruhe, habe auch nicht gern Weihnachten. Ja, Weihnachten sehe ich, ja, wie gesagt, so, Weihnachten kann auch Stress sein, wenn man es übertreibt. Und das habe ich überhaupt nicht gerne. Ich liebe die Ruhe auch. Ich habe im Recap einfach 5531 Chat-Nachrichten da beim Troy gehabt. Sicher die Hälfte davon ist wegen der Easter Egg Hunts. Und ich habe da auch 372.210 Kanalpunkte ausgegeben. Holy shit, Fähnchen. Krass. Wir können sonst nachher, wenn wir einmal Zeit haben, können wir mal, wenn ihr wollt, mein Recap anschauen. Ich habe es zwar postet auf Insta, aber wir können es gerne auch nochmal on Stream anschauen. Aber krass. Was ist das für ein Lied, Chat? Ja, das nimmt mich jetzt Wunder. Carnage Rage. Ist das aus einem Spiel? Poppy wäre da, kein Stress, let's go. Aber hey, ich glaube, da gehen wir wirklich dann noch in den Bossfight rein. Denn, es ist nichts Grosses, was ich neu gemacht habe, by the way. Und es ist erst am Ende vom Bossfight krass sein, dass du siehst, dass etwas neu ist. Hey, aber Mongo, grüezi Mongo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist, Mongo. Noch schnell lesen. Ich übe privat etwas mit zwei Schweizer Freunden. Oha. Also so Schweizerdeutsch-mäßig was. Aber nice, nice. Nicht, dass ich wüsste, dass der Song aus einem Spiel ist. Okay, ich dachte mir nur wahrscheinlich, dann ist es aus einem Anime, nehme ich an. Unter meinen Follows at Troy Number One. Oh, Carls, ey. Ja, du bist halt die Number One, ne? Du bist auf dem Platz 1 Leaderboard, Carls. Und ich glaube, der Platz macht dir niemand streitig. Also, das ist schwierig. Das ist schwierig. Beziehungsweise ich kenne den Song über Osu. Ach so. Okay, das ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit. Kettenbusch. Kettenbusch. Kettenbusch-Chat. Kettenbusch. Ah, Fienchen. Fienchen ist schon in vielen Sachen MVP, oder? Fienchen muss es jetzt noch ein bisschen geniessen, einfach nur MVP zu sein, bevor sie dann zum Mod wird. Ja. Oh, du musst die Ruhe noch ein bisschen geniessen jetzt. Nachher geht es dann ab. Das ist nachher eine Welt, was passiert. Noch schnell ein paar Fireflies, let's go. 12.000 Stunden, 12.300 Stunden sind 711 beim Troy über die Bühne gegangen. Von 12.300 711. Holy shit. Ich finde das eh krass. Also wenn wir es nachher anschauen, ich finde das eh krass, die Zahlen. Ich finde Community-Zahlen finde ich sehr interessant. Also Community-Zahlen über ganz Twitch. Das ist mindblowing, was da für Zahlen sind. Aber auch die ich habe. Da denke ich mir so, what? Wie viele Hype-Trains ich beteiligt war, wie viele Hype-Trains wir da hatten und so weiter. Das ist alles so mindblowing. Oh, hier wird geknuddelt. Oh. Oh, 109 Mal. Und da haben wir noch ein Leaderboard. Sabi auf Platz 23, Calls auf Platz 1.
Coles ist 110 Mal umarmt worden. Jutti ist 26 Mal umarmt worden. Jetzt drück mal die Jutti. Die hat jetzt eine Eichel gewonnen, Chat. Jenny 64 Mal. Running Up That Hill, ja, das ist halt so. Ist ein bisschen catchier. Es catcht halt mega das Lied. Und ja, Stranger Things natürlich dann auch, oder? Ist ja logisch. Die Zimmerpflanze habe ich noch mal gesehen. 41 Mal. Fienchen auch 100. Ey, Fienchen und Coles haben die gleichsten. Okay, ihr habt hier ein Rennen. Ich glaube, ihr habt ein Rennen. Fienchen und Coles. 110, 111. Und ich bin einfach 281 Mal umarmt worden, Chat. Oh, das ist aber mega lieb. Das ist mega lieb, Chat. 27 Mal Juti, let's go. So, Chat. Poppy hat vorhin gesagt, kein Stress. Aber ich würde sagen, lieber Chat. Oh, Techie, oh mein Gott, bevor ich weiterrede, ich muss mich noch schnell bedanken und den Techie begrüßen. Lieber Techie, merci vielmals für den Resub im 37. fucking Monat. Holy! 37 Monate. Techie, wie hast du es? Und schön bist du da. Schön bist du da. Hast hoffentlich ein bisschen eine ruhigere Zeit? Ich weiß es nicht. So eventtechnisch, Techie. Aber Techie, wenn du jetzt da bist, ja. Ich weiß nicht, ob der Warlock auch da ist. Nehmen wir Fienchen ein Mod-Team auf. Jetzt machen wir das auch live on Stream. I don't fucking care. Nehmen wir Fienchen ein Mod-Team auf. Ja oder nein? Und jetzt schreibt sicher Techie so, ja, aber da müssen wir noch Sachen anschauen. Try. Nein, es ist schon. Hey, Fienchen, ich mache jetzt auch noch ein bisschen Spass. Wie gesagt, ich wäre jetzt auch noch nicht ready, dass wir das jetzt sofort würden machen. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, dann machen wir das richtig. So, Chat, wo ist die Musik hin? Schnell ein bisschen. Jetzt muss ich wieder das Ende vom Chat suchen, bevor wir in den Bossfight reingehen. Übrigens, dieses Jahr haben wir im Dezember einen Freitag, den 13., also einen realen Nightmare Before Christmas. Also wir hatten gestern, ne, Chat. Oder rede ich hier mit Jesse aus der Vergangenheit? Nein, Jesse, ne, der war gestern. Der Calls ist vom Blitz getroffen worden. Oh no! Es wird ein neuer Mod geboren. Also, eigentlich sind es immer Spoilers, wenn ich so etwas sage, aber ich bin schon aktiv gewesen. Ich habe schon rumgebastelt an dieser Animation, ohne Scheiß. Also ich bin schon fast ready. Aber natürlich, da wird natürlich auch dann noch off-stream einiges miteinander geschrieben. Also, wenn dann einfach alles im Livestream schnell kurz beschlossen worden ist, finde ich irgendwie dann auch nicht so professionell. Also, liebe Leute, liebe Fienchen, Techie und so, Warlock, wir schauen das alles nochmal an. Und wenn alle einverstanden sind, dann machen wir das. Hört man niemals besser. Schau Chat, schau mal, was der Techie schreibt. Fienchen, schau mal, was der Techie schreibt. Und ich bin genau. Ich kann das nur unterstreichen. Ich kann das wirklich nur unterstreichen. Es gibt niemanden, der besser ist. Also, es ist eigentlich Fienchen und dann ist lang nichts. Und dann kommen vielleicht auch die nächsten paar, die ich jetzt aber die Namen nicht sage. Aber let's go. Aber am Freitag, dem 13. Deutsch geschrieben, danach geweint. Oh, aber Joti, wieso nicht? Wieso hast du denn geweint? Oh? Fienchen Format, let's go. Fienchen, er genießt das. Das ist mega schön. Das ist mega schön von euch auch, Chat. Das berührt mich auch. Ich finde das schön. Holy shit, man, was passiert eigentlich? Das ist zu viel schöne Gefühle hier für mich. Mag das nicht vertragen, Chat? Deutsch lief Gott verdammt beschissen. Ja.
Aber ist doch Deutsch. Was ist an Deutsch so schwer? Oh, okay. Ja, schade, Jutti. Aber was haben wir da noch gehabt? Es dauert auch im Moment, das Manual auswendig zu lernen. Also jetzt macht der Fienchen nicht Panik. Keine Panik jetzt. Jetzt per Zufall gemerkt, dass ich das richtige Shirt habe, von da, was ich jetzt gerade gesagt habe. Keine Panik jetzt. Geh weg, du Sozialkontakt. Ja. Was sind die 2 Lebensweisheiten von mir jetzt heute? Ja, aber ohne Scheiß, Jackie, das ist wirklich mega, mega schön gesagt. So, Chat. Ja, bevor jetzt da noch Tränen fließen, von lauten Emotionen hier, gehen wir in den Bossfight rein. Ist der Pepper ready? Pepper, bist du ready? Das habe ich schon etwa 10-mal gefragt. Poppy denkt so, ja, Troy, ich bin immer noch ready. Yes, okay, let's go. Das lese ich jetzt noch schnell, Poppy. Wir haben nur in Gruppenarbeiten geübt, das Thema von der zweiten Hälfte die Woche davor das erste Mal gemacht. Also es ist keine 5 oder 6, aber bestimmt nicht besser als 3. Oder 2, minus. Jutti, das sagst du einem Schweizer. Bei uns ist alles anders. Bei uns ist die 6 die beste Note. Ne? Bei uns ist die 6 die beste Note und die 1 die schlechteste Note. Also so quasi umgerechnet wäre es ist also keine 1 oder 2, aber bestimmt nicht besser als 3. Egal, wir gehen jetzt in den Bossfight in den Chat. Ich mag jetzt nicht rechnen. So, Chat, muss ich euch erklären, wie der Bossfight funktioniert? Ich glaube es nicht. Und sonst findet ihr 3. Lieber Chat, on the fly findet ihr in den Bossfight rein, das kann ich euch eigentlich garantieren. Aber zuerst könnt ihr mal eine Karte wählen, die ihr nicht habt. Ihr habt keine Karte mehr im Inventar, Chat. Ihr habt keine Drop-Karte mehr. Was ist los? Es gibt keinen Buff. Ich kann euch nicht einmal Buff für den Bossfight. Und ihr müsst doch gönnen zum XP bekommen, Chat. Sonst kommt die neue Funktion nicht. Oh. Oh, das ist jetzt aber doof. Das ist jetzt aber doof, dann gönne ich ja. Chat. Da ich mir Event Lokal-Technik mache, gibt es gleichbare Einsätze auch während der 4 Tage. Heute ist aber mal frei, dafür Mon-Einsatz. Okay. Hey, aber wie gesagt, also, ich finde es mega schön, dass du da bist, Tech. Ich weiss auch, dass du immer viel zu tun hast. Und auch wenn du jetzt mal vielleicht die Zeit geniessen willst und nicht jetzt da willst, bei mir müssen mitschauen oder moderieren, also go for it. Hey, nicht, dass du das Gefühl hast, wenn du mal einen freien Abend hast, dass du musst da sein. Also so viel Freiheit haben meine Mods, liebe Chat, liebe Fienchen. Also da ist nie irgendwie Druck oder so. Ne? Einmal Karte bitte, R20. Ja, Karten, die Karte, ihr habt alle Karten gebraucht, Chat. Ja, Jutti, ich verstehe es. Ne? Aber hey, das wird schon. Ne? Mach dir da keinen Kopf. Ich kenne das auch noch, ne? von früher. Ich kenne das doofe Gefühl. Ich kann es nachvollziehen. Ich bin ready für den Bossfight. Ich nicht. Ich nicht, Chat. Weil ich gönne. Gönne ja so wie immer. Ja? Ich dachte, es kommt mal ein bisschen Abwechslung. Hey Mutti, grüezi Mutti. Schön, dass du da bist. Und wie geht's dir? Hello. Ullen, Grande Master, true. Also ich werde vielleicht noch an dieser Stelle schnell daran erinnern. Ich glaube, ich habe nie davon berichtet, dass ich gesagt habe, dass wir es machen. Letzten Sonntag hat der liebe Ullen Bullen, ja, die Zeit nehmen wir jetzt schnell. Poppy muss schnell Geduld haben. Kennst du es ja? Chat, ihr kennt mich ja.
Der liebe Ullenbullen hat letzten Sonntag, ich sage es jetzt richtig, ein Pen and Paper organisiert und durchgeführt. Er war Game Master, dabei sind mein lieber Mod, der Techie. Ich mache jetzt vor allem ein Shoutout. Techie, ja, ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal gestreamt hast, aber der Techie, der streamt vielleicht dann auch wieder einmal. Der Techie war dabei. Dann war dabei der liebe Jack Black V8. Gehen wir da schnell alles durch. Habe ich jetzt Jack Black? Ich bin so blöd, Chat. Es ist nicht der Jack Black. Das haben wir jetzt nicht gesehen, Chat. Das erzählt ihr im Jack auch nicht. Habe ich jetzt wieder Jack Black geschrieben? Nein. Oh, Jack, I'm so sorry, Mann. Oh mein Gott. Ja, da ist er. Er war auch dabei, natürlich. Und dann war noch dabei, meine Wenigkeit. Und der liebe Squanchy, einmal mit Profis. Liebe Squanchy war auch noch dabei. Und wir haben dort... Jetzt muss ich schnell überlegen, habe ich alle dabei gehabt? Ja, ich glaube, ich habe alle dabei gehabt. Wir haben zusammen das Pen and Paper gemacht und es war so eine Weihnachtsstory gewesen. Für mich das erste Mal, als ich so etwas gemacht habe. Und es war mega nice gewesen. Also der Ullen hat das wirklich, wirklich grandios auf die Beine gestellt. Geile Geschichte, geil übergebracht, geil erzählt. Squanchy, grüezi Squanchy, schön, dass du da bist. Also, ich glaube, ich kann nicht mehr recht geben. Oder alle, die dabei waren, ich glaube, ich kann nicht mehr recht geben. Der Ullen hat das wirklich einfach nur geil gemacht. Kroatien, Chat. Kroatien. Ich hatte auch grandiose Mitspieler gehabt, Ullen, merci. Also, es hat wirklich Spass gemacht. Ich glaube, wir sind die richtigen Leute gewesen. Auch wenn es für mich und den Squanchy das erste Mal war. Hat es trotzdem gepasst. Das ist nicht irgendwie... Ich glaube auch, der Squanchy hat mega Freude gehabt und ich glaube, wir haben beide müssen sagen, hey, das machen wir wieder. Also wir haben auch schon gesagt, wir sind schon wieder dabei für nächstes Mal, oder? Hey, Uli, merci für den Lurk-Support, danke vielmals. Danke, Troy, geht gut, normale Wahnsinn halt und es ist Vollmond morgen. Oh no! Oh, Vollmond, Chat. Das heisst... Ich habe das Gefühl, wenn morgen Vollmond ist, dann verliert ihr, Chat. Dann verliert ihr. Poppy Raiders. Chat, ihr wollt mich besiegen? Chat, rein da. Wir machen jetzt den Bossfight. Votet für eure Wunschaktionen, lieber Chat. Ihr habt 3 Aktionen pro Runde, dann bin ich an der Reihe. Euer Ziel ist, so lange wie möglich überleben, bevor ihr sterbt. Genau. So, Sabi the Pumpkin mit Level 1. Level 1 Sabi. Hey, come on. Hey, wie startet ihr? Hallo. Ein bisschen langsamer. Chat, ein bisschen langsamer. Gehen wir das so ein bisschen gemütlich an. Jetzt ist eine Weihnachtszeit, lieber Chat. Die Weihnachtszeit und so. Und was ist das um Maverick? Grüezi wohl. Schön, dass ihr da sind. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Und JK, grüezi. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, alle wollen mir auch auf die Fresse geben. Alle wollen mir auf die Fresse geben, oder? Ullen, oh. Oh, Ullen, kommt auch etwas raus, wo du würfeln musst? Oh nein, der Ullen steckt einfach das WLAN-Kabel aus, oder? Autsch! Wir jubeln im Troy einfach einen Sockenhunger, wenn er dir das nächste Mal Wasser und Brot im Keller bringt. Dann bist du frei. Jenny. Genau. Das ist jetzt an die falsche Person gegangen, oder? Das ist jetzt an die falsche Person gegangen.
In Kien. Oha, in Kien. Grüezi. Schön, dass du hier bist. Und was nimmst du da aus? Oh no, in Kien. 200 Schaden für uns beide. Gute Serie, schlechte Season. Damage für uns beide. Und wie geht's dir? Sag ich den Namen richtig? In Kien oder in Ken? Und wer habe ich noch nicht begrüßt? Karandar, grüezi wohl. Bärenhöhlen TV, grüezi. Und Barracks, Mann, grüezi. Der Barracks ist auch da. Ich habe vorhin schon Barracks. Ich habe vorhin da die Fotofunktion mal schnell gezeigt, die ich habe. Die ja du auch hast. Ja, sie vielleicht abgeschaut von dir, wir wissen es nicht. Nein, hey Barracks, Spass, alles gut. Wie hast du es? Chat, wie habe ich es überhaupt? Und wie habt ihr es überhaupt mit euch nicht 358 KP, Chat? Ja, sind ihr ein bisschen am Chillen? Habt ihr vergessen zu zielen, Chat? Oh no, aber es kann sein, dass ich euch jetzt kille. Chat. Ah, du hast sie mir geklaut? Nein, ich habe sie doch dir geklaut. Ich weiss auch nicht, wie das genau gelaufen ist, Chat. Fuck, man, Chat. Come on. Also, ihr habt sie so wollen, Chat. Ihr habt sie so wollen. Ihr steuert den Bosskampf. Ihr müsst auch mal healen, Chat. Ja, okay, jetzt haben wir Glück gehabt. Wenn jetzt ein Mjölnir rausgekommen wäre, dann hat der Techie ihn schon mal so gemacht. Ja? Der Warlock hat auch so gemacht. Und die Fiendchen hat gemacht. So. Chat, ihr seid an der Reihe, ihr müsst healen. Kaffee trinken, let's go. Kaffee trinken. Ah nein, wie sagt man so schön? Mich inspirieren. Und ich habe letztes Mal gesagt, das ist Inspirationsception, was wir da machen. Du lässt dich von mir inspirieren und dann sehe ich etwas bei dir, wo ich dann denke, hey, shit, so etwas brauche ich auch. Also, Chat, ein Heal. Ein Heal habt ihr euch gegeben, ihr seid auf 433 HP oben. Mein Max Damage ist bei 500 HP aktuell. Ich habe den Ullen mit einem Pokéball gefangen, er gehört eigentlich mehr. Ich habe den Ullen auch schon x-mal gefangen, aber der bricht immer wieder aus. Barracks, Mann. Level 2 Barracks. Es ist schon wieder ein Disconnect, come on. Langweilig! Chat, pack mal etwas Neues aus dieser Mystery Chest. Muy bien, Nick. Muy bien. Oh, was haben wir? Oh, 13 Wölze auf dem Kaffee trinken. Ich glaube, noch ein Heal muss schon sein. Ah, meine Taktik geht auf. Ihr seid jetzt schön am Healen. Der Arti healt, der Robin Rehmann kommt und schleicht sich aufs Schlachtfeld. Und während das alles passiert, sagt Sayuki: Hello! Und ich heile mich. Und niemand hat es gemerkt. Robin Rehmann, grüezi wohl, Sayuki, grüezi, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Wir sind da direkt in den Bossfight reingespawnt. So kann es manchmal gehen. Dann ist es Samstag am Abend. Man ist spawnet auf Twitch und man ist auch im Bossfight drin. Nein, ganz sicher nicht. Also jetzt, ihr könnt mich jetzt noch nicht finishen, Chat. Das ist gar nicht möglich. Ullen. Mit der Mystery Chest. Und Gatorina und Untitled.psd, grüezi miteinander. Schön, dass ihr da sind. Oh, Vader, come on. Come on. Ich habe einen Mjölnir dabei. Autsch. Oh, das war der falsche Mjölnir, Chat. Oh, Chat. Oh no, don't do it. Ihr müsst noch einmal healen, Chat. Ihr seid noch nicht Full HP. Ihr müsst noch einmal healen. Dann müsst ihr sich noch einmal Franziskus machen. Für das ganze Erlebnis. Das volle Paket.
Ja, das DLC, da müsst ihr doch auch noch spielen, Chat. Das DLC und so. Juna, was ist mit dem DLC? Oh, come on, please. Nein! Nein, das ist so ein Nein! Chat! Oh, come on! Nein! Oh, er hat einen Drop bekommen, Chat. Er hat einen Drop bekommen und ich habe einen Kaffee. Obi-Wan, ich da. Will, Mann. Sie haben You were the einfach. chosen one! It was said that you would destroy the Sith, not join them! Ich habe doch gesagt, Obi-Wan, Sie müssen das DLC noch spielen. Sie müssen den ganzen Content noch entdecken. Not leave it in doubt! Aber Sie hatten einen Speedrun gemacht, Obi-Wan, und ich brenne. Chat. Jetzt muss ich schnell schauen, ob da mein Bot etwas geschrieben hat. Hat mein Bot geschrieben, Chat erhält insgesamt 156 Erfahrungspunkte. Und Arti und Fienchen haben einen neuen Rahmen freigeschaltet. Holy shit, Mann. Okay, aber ihr seht es halt erst im nächsten Bossfight, wie das aussieht, lieber Chat. Oder so weit bin ich affig. Es können jetzt Rahmen droppen für eure Avatars, die ihr im Bossfight seht. Es gibt Rahmen und es gibt sogar noch Dekorationen, die man kombinieren kann. Aber die Dekorationen, die droppen erst bei High Level. Ja, da müsst ihr noch ein bisschen dranbleiben. Wenn ihr dann irgendwie so Level 15 sind, dann sind ihr so in dieser Region, wo dann auch noch die geilen Sachen können droppen. So, Chat, jetzt muss ich schnell ein bisschen irgendetwas noch lesen. Schnell. Übrigens, mit Ausrufezeichen My Level kann man sich das Level anzeigen lassen. Ich habe da vorhin gerade gefragt, welches Level bist du? Das war der Öffnie True, Wernhöhlen TV True. Hey Papi, nochmal merci für den Raid, danke vielmals, geiler Bossfight gewesen. Und viel Spass beim Gamen. Papi, gönn dir. Und Papi, sag's nochmal, hey, Ausrufezeichen Giveaway, wenn du noch nicht mitgemacht hast, zwischen 10 und 11 und so, darfst du natürlich gerne noch mitmachen. Ja, weißt, ich bin am Troid stark dann hat er mich genervt. Italia, Teira, Arosa, Kroatia. Italia. Ibiza, Chat. Da bin ich auch schon gewesen. Das ist auch schön. So, jetzt muss ich mal gucken, was ihr noch geschrieben habt. Und Quertutsu übrigens, grüezi, schön bist du da. Quertutsu, wie hast du es? Wer gewöhnt, hast du gesagt? Hast du nicht richtig verstanden? Schnell, Jenny, du musst dort schnell schauen. Dort liegt es am Boden. Dann steht drauf, wer gewonnen hat. Jenny. Ja, noch ein bisschen weiter. Ja. This is Sparta! Geil. Okay, ich sehe, Fienchen hat sich Silver 3, den Silver 3 Rahmen gemacht. Arti mit dem Silver 2 Rahmen. Beneath the Christmas tree. Fienchen ist Bossfight Level 5, das funktioniert auch. Werden die Rahmen und Accessoires auch bei Fotos mit angezeigt? Noch nicht, nein. Aber ich habe vielleicht etwa 10% gebaut von dem, was ich bauen will. Aber ich muss die irgendwo mal anfangen. Ne? Aber natürlich wäre da schon die Idee, dass das dann an so vielen Orten wie möglich greift. Karage ist wieder geil gewesen. Oh, hast du den Karage gegönnt, Speckle? Let's go.
Specko hat sich Karage gegönnt. Chat, Specko hat sich Karage gegönnt. Ich habe das auch, Chat. Ich habe auch meine Knöpfe für so Zeug. Also Karage ist natürlich schon ultra sexy, Chat. Und also ich muss sagen, den Bert habe ich schon Karage habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, möchte ich schon gerne wieder mal genießen und so. Mir geht es gut, gerade noch ein bisschen probiert, das PC-Problem zu fixen. Hat nicht funktioniert. Oh nein, gewährt, so. Was hast du denn für ein Problem? Also ich weiß nicht, ob ich helfen kann. Wir können helfen, aber du kannst immer so ganz grob schnell sagen, was ist denn dein Problem? Jemand Neues im Loch, die Gefallenen. Jenny ist jetzt eine von den Gefallenen. Hast du immer mal ins Loch schauen, was die machen dort? Ja, kannst du mir dann berichten, Jenny? Ich hole dich dann schnell auf und kannst berichten. Die Leute in der Grube sind cooler als die oben rum. Say won't again. Say won't again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say won't one more goddamn time. Wo Bling? Meinst du den Rahmen und so? Die Dekoration? Bling, Bling? Ja, ich glaube, jetzt nur 2 Leute haben bekommen. Aber es geht immer ein bisschen ums Level. Die Sachen droppen bei gewissen Levels. Also wenn ihr das Level erreichen, ich weiss jetzt auch auswendig nicht, welche Levels. Ich glaube, Level 5 ist schon mal das erste. Dann kann etwas droppen tatsächlich. Und Wolfi, guten Abend. Troy und Chat, guten Abend. Wolfi und Bert. Bert, ich habe schnell an dich denken. Aber ich weiss nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Specko hat irgendetwas gesagt und dann habe ich an dich denken, Bert. Ein bisschen geträumt für den Moment, von dir träumt. Das Lied macht mich ein bisschen wahnsinnig. Wie viele Töne kann man nicht bereichen? Ja, da gerade vorne. Oh, Arcane, jetzt aber, Chat. Oh, ich habe es halt noch nicht geschaut. Ich habe es halt noch nicht geschaut. Deal with it, Chat. Aber die Musik ist halt schon geil. Haben wir mehr gönnt? Siehe Discord. Hey, Specko, wenn wir einmal Zeit haben, gehe ich schnell schauen, okay? Vielleicht schauen wir ein bisschen Fotos an. Ich werde noch das Recap noch anschauen. Wenn wir mal Zeit haben, ich muss noch einen Kaffee trinken, alle Chat. Bedankt sich und bringt ein Sixpack Bier und Energy Drinks mit an. Und Sadik, merci vielmals für den Follow und wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Oh. Ollen? Was ist los? Ollen. Komm, erzähl. Ollen, ich höre. Aber ich lese zuerst noch im Quertutzu seine Nachricht. Ja, Windows 11 halt. Neues Update seit dem neuen Administrator, aber ich habe den nicht gemacht und ich kann Dateien nicht mehr öffnen, weil ich nicht Admin bin, also im Hauptaccount und auch mit dem neuen Administrator. Ich habe keine Services wie Computerverwaltung öffnen, weil keine Berechtigung alles am... das ist scheiße. Ja, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn Windows 11 ein Update rausbringt, dann ist einfach alles kaputt, oder? Also ohne Scheiß, gefühlt, jedes Mal lese ich News. Neues Update macht alles kaputt. So. Dann denke ich an Microsoft, was macht ihr? Und ich muss da schnell schauen. Oh mein Gott, Bernhöhlen TV, merci vielmals. Holy shit, Bernhöhlen TV, merci vielmals für 5 verschenkte Subs. An Besesselt, Danny, Sahariel, Mana und Schunski. Hey, allen viel Spaß, die ein Abo bekommen haben. Viel Spaß mit den Emotes und den Emotes, genau. Und den Perks.
Und Bergnölen TV, merci vielmals für den Support. Kassi, was machst du? Kassi, danke dir für 100 BDs und Grüezi. Kassi, wie geht's dir, mein Lieber? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Lieber Chat, jetzt ist aber gut, ne? Jetzt ist aber gut. Sonst muss ich wieder Eicheln verschenken. Ja. So, ich lese schnell weiter. Aber quer tut ich hoffe, du kannst es lösen. Ich wiederhole mal von vorher, du und Barracks haben es, das wollte ich mal lesen, I'm so sorry, haben es voll angenehm, neuerdings werde ich auf Planeten geschickt, die von den sogenannten Illuminaten attackiert werden, neben den Terminiden und den Robotern. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das war der falsche Knopf. Das kommt mir bekannt vor. Das ist auch eine riesen Lore da, oder? Riesen Lore. Ein geiler Song, by the way, Chat. Ich muss ein bisschen nachlesen, Chat. Ich muss den Chat nachlesen. Bosskampf Level 1, 3, 2. Wünsch mir was. Ihr dürft euch aber auch etwas wünschen, Chat. Set Level 0. Ja, das Weihnachtslied vorher ist ziemlich neben der Tonlage durchgesungen. Es ist mir so ein bisschen Anis gemerkt, tatsächlich. Oh, Seven, gut, empfohlen von Schipron. Oha, hey, Schipron, merci vielmals für die Werbung. Danke vielmals. Und willkommen in dem Fall, Seven. Dann kann ich mit dir als Schweizerdeutsch reden. Tue ich mir das gerade schnell hinterlegen. Hat er dann, wie soll ich mir da vorstellen, Seven? Hat er das jetzt so in die WhatsApp-Gruppe reingeschickt? So, geht dort mal schauen. Schaut mal, was der macht. Der hat einen Ecken ab. Achtung, nicht für Leute, die Hunger haben. Ja, ich habe ein bisschen Hunger, muss ich ehrlich sagen. Schon. Aber nur ein bisschen. Ja. Ich habe schon gegessen vorhin. So ein Salatchen. Ja, Windows 11 an sich ist das Problem fast schlimmer als Windows 8. Windows 8, hey, what the fuck? Das hat es auch mal gegeben. Ich glaube, Windows 11 ist das Windows mit den meisten Updates, weil sie mit jedem Update etwas probieren zu fixen und dann mit dem Namen mit dem Namen noch mehr Probleme machen. Dann kommt das Nächste, was sie fixen sollten, aber nicht tut. Es ist ein Teufelskreis. Aber dazu kommt doch irgendwie Windows, hat es nicht einmal geheißen, Windows 11 sei das letzte Windows. Wobei, das hat es, glaube ich, bei Windows 10 schon mal geheißen. Ich habe eher das Gefühl, Windows 11 ist jetzt so das Windows, wo es nicht auf ein 12 gehen, aber dafür einfach Patches raushauen, wo einfach scheiße sind, ja. Als du mal in Urlaub gehst, kann ich rüberkommen und die Pflanzen gießen. Let's go. Der Troy hat nicht nur ein Ecken ab. Nein, ich habe nicht nur ein Ecken ab, Chat. Ich habe noch ein paar Eicheln ab. Du willst. Chat, 15 Minuten ab jetzt. 15 Minuten, eine weitere Eichel gibt es zu gönnen. Eine weitere Eichel. Ja, die droppen da einfach amix. Die kommen da amix von oben. Droppen die da runter zum Meer. Lieber Chat, Ausrufezeichen Eichel, wenn ihr auch noch so eine Eichel wollt. Ja, ich sage es aber nochmal, alle, die schon eine Eichel gewonnen haben, ne, pro Person einfach eine, ne, damit es fair bleibt. Ihr könnt mitmachen, aber wenn ich jemanden ziehe, der schon eine Eichel hat, dann ziehe ich einfach die nächste Person. Oh, Chat. Ich muss schnell schauen, ob es geht. Ich glaube, es geht nicht.
Ist es Ausrufezeichen Eichel? Sorry, ich habe es verkackt. Es ist Ausrufezeichen Raffle. Chat. Ausrufezeichen Raffle. Ich müsst nochmal Raffle eingeben. So wie der Arti. Sorry, ich habe es verkackt. Ich bekomme eine Bestätigung, wenn es geklappt hat. Ausrufezeichen Raffle. Ja, irgendetwas läuft immer falsch. Senda auch, ja genau, Senda hat es auch noch gemacht. Und Senda, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hello, hello. Schnell schauen, was ich... Dallas Multipass. 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 Ah, der Seven ist aus Deutschland. Ach so, okay, nicht. Dann mache ich bei dir die Deutschlandflagge hin. Das sehe aber nur ich, ne? Aber verstehst du das Schweizerdeutsch gut, Seven? Also kannst mir ruhig sagen, ne? Ich passe mich auch immer gerne an die Leute. Wir haben hier viele, viele Leute aus Deutschland. Windows 12 ist schon angekündigt. Ja, das wusste ich gar nicht. Ich habe Sushi-Rollen und Carpaccio von Jakobsmuscheln. What the fuck, okay. Speck, ja, gönn dir heim. Das ist natürlich geil. Im Restaurant? Ich habe das Gefühl, wegen dem müssen sie ja auch Windows 12 machen. Ich wünsche mir auch für Windows 12, wenn nicht sogar schon für Windows 11, dass man die hure Taskbar kann links oder rechts machen. Das ist etwas, was mich gewaltig nervt. Ich bin aber einer von wenigen, der sich gewaltig nervt. Aber stellt euch auch vor, ihr habt so einen Ultra-Widescreen und die Taskbar nimmt auch so viel Platz ein, wo sie gar nicht reinnehmen müsste. Dann wäre es doch viel besser, wenn ich es auch links oder rechts könnte haben. Darum bin ich immer noch auf Windows 10. Das ist der Hauptgrund, wieso ich immer noch auf Windows 10 bin. Und hey, Arti übrigens, merci für 69 Bits. Danke vielmals, ich habe es erst jetzt gesehen. 69 Bits, Arti, merci vielmals. Wenn ich das Giveaway zwischen 10 und 11, einfach zwischen 10 und 11 ready sein, Maverick. Jetzt haben wir aber noch so ein Mini-Giveaway, Ausrufezeichen Raffle, wo du noch so eine Eichel kannst gönnen. Finische macht jetzt auch mal mit. Wir müssen halt immer noch schauen, wenn du sagen wirst, dann müssen wir zusammen schauen, was wir da draus machen. Porzellankrankheit. Du hast zwar alle Tassel im Schrank, aber nicht alle Henkel dran. I like that. Das tönt nach mehr. Das tönt nach mehr, Chat. Ich habe eine Eichel, aber habe sie nicht gewonnen. Was nun? Hä? Ja, das ist jetzt schwierig. Nein, Sandra, du hast noch keine Eichel, ne? Also keine so eine Eichel hier, ne? Ja, wir reden von den Eicheln, ne? Keine andere Eichel, Chat. Ihr seid so versaut, Chat. Das ist unglaublich. Oh, All-Star bei Smash Mouth. Geil, Chat. Hey, Jennifer Hudson spürt sich nicht mehr, oder? Die explodiert jetzt dann. Hi, mir geht's soweit gut. Hey, das freut mich, Sandra, das freut mich. Bin schnell Pipi, hey, bis nachher. Du bist wahrscheinlich schon lange wieder da. Hängt vollgefressen im Stuhl. Also in welchem Stuhl? Sorry. Gönn dir, hä? Mach das. Das ist aber schon geil. Treu spricht Fremdsprachen. Manchmal schon. Schibron ist mein Schwager. Ach so. Ja, also hier die Verwandtschaft. In der Verwandtschaft ist er am Werbung machen. Ja? Nice. Aber merci, Schibron. Danke vielmals. Ja, well. Troy, ich bin mit dir. Taskbar links bitte. Hey, let's fucking go. Aber bei mir ist es eben tatsächlich auch ein bisschen weit ein Grund, weil ich streame. Weil, Ultra Widescreen, ich habe mein OBS nehmen, ich will mein Game ja irgendwie mittig haben, ich will mein Game aber nicht auf dem Fullscreen, also ich will es nicht Fullscreen laufen haben. Jetzt habe ich, glaube aus Versehen das Lied nochmal wiederholen. Kann das sein? Ich mache schnell.
tue schnell skippen. Ich glaube, ich bin mit dem Finger reingekommen, da nochmal wieder halt. Wo bin ich gewesen? Genau, Taskbar. Und für mich, wenn ich jetzt das Game in der Mitte habe, möchte ich ja die volle Höhe haben vom Bild. Und zu diesem Taskbar kann eben auch schnell in den Weg kommen. Wenn man mit dem Mauszeiger irgendwie runtergeht, ist man plötzlich auf der Taskbar und macht dort etwas. Darum möchte ich die weg haben, und zwar links oder rechts. Und Windows 11, dort haben sie auch gesagt, ja, die Funktion gibt es jetzt nicht mehr. Die braucht ja niemand, außer der Troy. Herrgott Donner einmal. Jetzt muss ich irgendwann muss jetzt gehen Lizenzgebühren zahlen, Chat. Man kann die Taskbar doch verschieben. Wolfi, bei Windows 11 kann man sie eben nicht komplett verschieben. Du kannst nur sagen, ob das Symbol links oder rechts sein soll. Aber die ganze Taskbar kannst du nicht links machen, sodass sie vertikal nach innen ist. Also ausser sie haben jetzt irgendein Update gebracht und das geht inzwischen. Es geht auch mit Tools, kann man das auch machen, aber dort muss nur ein Windows-Update kommen, dann geht auch gar nichts mehr, habe ich die Erfahrung gemacht. Chat, ich sage es nochmal, 7 Minuten 40 Sekunden, Ausrufezeichen Raffle, wenn ihr so eine kleine Eichel wollt, so einen Schlüsselanhänger. 18 Leute sind dabei. Wenn ihr auch wollt, die Chance darauf, dann einfach mitmachen. Und lieber Chat, by the way, das grosse Giveaway, ich tue es jetzt noch mal schnell erwähnen, viele tolle Preise beim grossen Giveaway, Ausrufezeichen Giveaway für mehr Informationen. Da könnt ihr auch schauen, was für Preise das sind. Vielleicht sind aber auch noch die drauf, die es schon nicht mehr gibt. Aber ihr könnt dort mal ein bisschen schauen, etwas von Gowie ist schon weg, ein Brack.ch-Gutschein ist schon weg und der Landwirtschaftssimulator ist schon weg. Und mit Ausrufezeichen Ticket könnt ihr natürlich auch direkt dann mitmachen. Ihr braucht echt 200 Treuepunkte. Die könnt ihr abrufen mit Ausrufezeichen Points, wenn ihr nicht wisst, wie viel das ihr habt. Genau. Wo bin ich da? Windows 12 wird wahrscheinlich gar keine Taskbar mehr haben. Anstelle sie wieder flexibler zu machen. Ja, okay. Windows 12 ist nur CLI. Ja, genau. Du drehst bei Tetris sogar den Würfel. Ja, manchmal muss man den drehen, Smoker CH. Ja? Also wenn er nicht passt, dann muss man den drehen. Hat eigentlich nicht alle Tassen im Schrank, weil in einer immer Kaffee drinnen ist. Aber den muss ich auch noch holen, Chat, den Kaffee trinken. Schnell Tee und Essen, gönnt ihr. Das Problem habe ich mit mehreren Bildschirmen gelöst. Ja, ist auch eine Möglichkeit, aber irgendwie schießt mich das fast ein bisschen an, das so zu lösen. Zweiter Bildschirm. Und dann ist das Bar dort hin. Dann okay. Dann könnte ich auch so einen Mini-Bildschirm anhängen. Also ein zusätzlicher Bildschirm, wo dann taskbar ist. Aber das ist ja auch wieder oft zum Bedienen nachher. Also ich habe gar keinen Platz für einen zweiten Monitor. Windows ist wie Intel TikTok. Man muss immer eins rauslassen. Windows 10 ist gut, Windows 11 ist Köder. Windows 12 wird sicher unbrauchbar. Ja, es ist so, wie es ist. Das ist schon immer die Regel bei Microsoft tatsächlich. Oder bei Windows. Feta-Käse, bist du im Lurk? Im Zug ohne Soundlurk. Hey, merci für den Lurk-Support. So, Chat, ich kann sagen, und Feta-Käse übrigens grüezi. Hi Feta-Käse, schnell schauen, ohne Sound. Dann muss ich das so machen. He? Einblenden und winken. He? Hi! So, let's go. Chat. Ich bin am Ende vom Chat. Die Musik ist vorbei. Jetzt gehe ich den Kaffee trinken holen. Be right back.
'Cause I'm just a teenage dirtbag baby. Holy shit. Chocapri, Spumann, Rina, DJ Flavio, grüezi miteinander, schön sind ihr da, wie geht's euch? Wie war eure Woche? Wie war euer Einstieg ins Wochenende? Ich habe mir noch schnell einen Kaffeedrink gegönnt, by the way. Nick, merci für den Coffee-Drink. Geiler Song, Chat. Ach, wirklich geiler Song. Hey, und für alle, Song-Requests sind eingeschaltet, wenn ihr euch einen Song noch wünschen wollt. Ich weiss jetzt gerade nicht, wie viele in der Queue sind. Einfach rein damit. Einfach der Spotify-Link, also Ausrufezeichen SR-Abstand Spotify-Link. Green Maiden, baby, come with me Friday, don't say maybe. I'm just a teenage dirtbag baby like you. Ooh. So, Chat, wo bin ich gewesen? Schnell schauen, wo ich da wieder einsteige im Chat. Der Kohls hat noch geschrieben, und wer jetzt mit Apple kommt, was Apple dieses Jahr am OSUI umbricoliert hat, geht unter keinen Kuhhut. Also Kohls, die Art und Weise, wie du das jetzt ausgedrückt hast, ist wirklich einfach 10 von 10. Umbricoliert, Chat. Geht unter keinen Kuhhut. Ja, Apple. Ich habe schon lange kein Apple-Produkt mehr gehabt. Nein, ich habe schon lange kein Apple-Produkt mehr gehabt. Apple hat für mich mal mit iPhones alles revolutioniert. Das war sehr geil. Da bin ich iPhone-User für einen Moment. Und für mich ist das geilste Produkt, das Apple jemals gebracht hat. Ja gut, wir können jetzt schon sagen, das erste iPhone ist schon eigentlich das Geilste. Aber für mich sind halt die iPods immer geil von Apple Chat. iPods, das war auch Liebe, Mann. Ich vermisse iPods. Also ja, mir ist klar, jetzt streamt man alles, wir brauchen nicht mehr das Gerät. Aber gleich, also, die geilen iPods mit diesen Dingen, die man trollen konnte. Mann, Nori, oder? Komm, Nori, gib mir recht. Du hast sicher auch iPods gehabt. Nori, Mann, wie hast du es schön bestehen? Ich muss mal schauen, wo ich da bin. Chat. Wo bin ich hier? Chat lesen. Gibt es wieder ein Giveaway? Feta-Käse? Ja, für alle. Ausrufezeichen Giveaway. Ist am Laufen. Ziehung zwischen 10 und 11. Ausrufezeichen Ticket. Ein Ticket ist möglich. Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Super, zurück von Berlin. Oh, DJ Flavio. Was hast du in Berlin gemacht? Hast du aufgelegt? Hast du für Stimmung gesorgt in Berlin? So zurück mit Parfait-Brötchen. Und jetzt kommt er mit Parfait-Brötchen heim. Noch Parfait. Ich glaube, letztes Mal habe ich so eine Taube weggerührt. Das war nicht mehr gut. Das war abgelaufen. Aber schwarz? Hey, oha. Calls, geiles Lied, freue mich schon drauf. Waxfang, immer gut. Gerade wieder zurück von einem von einem Weihnachtsmärz. Oha. Spu, hast du dir etwas gegönnt? Hast du ein bisschen getrunken? Hast du es auch genossen? Aber Spu schön bestehen. Hashtag Schattengang. Ich schaue später wieder rein. Der Akku zieht jetzt fest. Alles gut, Feta-Käse. Alles gut. Verschwinde, Bus.
Die Antwort auf diese Frage, Sayuki. Spoo. An wie vielen Märkten war Spoo schon gewesen? Die Antwort ist ja. An allen. Chat. An allen. iPod Nano Liebe. Definitiv, ja. Also ich glaube, jede iPod-Generation hat so ihren Charme gehabt. Für mich ist der grosse iPod mit dem Speicher, also irgendwann hat man dem auch iPod Classic gesagt. Das ist für mich absolute Liebe gewesen. Aber das war auch zu einer Zeit gewesen, wo es halt nicht Spotify gegeben hat, wo man nicht mit mobilem Internet unterwegs war und immer hat können, das Zeug streamen. Dort hat man halt die Musik genommen. Von den selber gekauften CDs abgebrannt, konvertiert in MP3-Backups, Chat. Backups. Und hatten dort, ich weiß gar nicht, wie viel Giga hat so ein iPod Classic gehabt. Viel zu viel. Hast gefühlt, alles können drauf tun. Ja, ihr wisst, was ich meine, Chat. Die Backups, man kennt sie. Ich habe noch einen iPod Touch. Von dem bin ich jetzt nicht mehr so Fan gewesen. Das war dann schon fast in dieser Zeit gewesen, wo man nicht mehr richtig gewusst hat, für was braucht man jetzt eigentlich noch genau einen iPod. Wow, 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 wow. Roter Horizont am großen Fluss. Nur wir beide im Land des Lächelns, so verträumt. Und dein schwarzes Haar. Zärtlich hast du mein Herz verzaubert. Und es schlägt wie ein Schmetterling. Lotusblume hab ich dich genannt, als die rote Sonne in Japan versank. Rot wie Mohn war der Mund, der versprach Worte, die ich mir nie mehr im Leben vergaß. Hab ich dich genannt? Zärtlichkeit, die ich nur bei dir fand. Bleib bei mir, bis der Morgen erwacht und es brennt ein Feuer im Traum dieser. Nice one. Nach Kategorie wechseln. Wow, 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 wow. Hey, Vivi, du kommst zu einem ganz speziellen Zeitpunkt rein. Vivi und M&A und Cherry Berry. Geil, was geht denn hier ab, Cherry Berry? Atemlos. Doch, du schränkst mich ein, Cherry Berry. Den Tränen nah. Halt mich fest bis zum nächsten Morgen. Wenn ich geh, wirst du die Sonne sehen. Hey, wie haben wir's? Wer hat sich das gewünscht? Ja, ihr kennt mich halt. Nick. Nick, what have you done? Nie mehr im Leben vergaß. Habe ich dich genannt, so viel Zärtlichkeit, die ich nur bei dir fand. Bleib bei mir, bis der Morgen erwacht und es brennt ein Feuer im Tag. Oh no, please, no! Nein, er hat nicht einen Clip gemacht. Chat, what have you done? Die müssen nicht klippen, wenn ich singe. Schmetterling. Oh no. Ah, Scheiße, Mann.
dich genannt. Scheiße. Hey, Chat. Oh, geil. Also, lieber Chat, der Song. Also, zuerst mal muss ich natürlich im lieben Hamster-Sound. Muss jetzt schon sein. Ich habe den Song für mich entdeckt beim Hamster-Sound. Und darum mache ich jetzt schnell ein Shoutout. Da, für den lieben Hamster-Sound habe ich den Song so ein bisschen für mich entdeckt, weil er hat den auch als Effekt drin. Ne? Da muss ich natürlich schon erwähnen an dieser Stelle. Und dann habe ich den so gefeiert jedes Mal. Und dann habe ich mir den, glaube ich, einmal gewünscht hier in meinem Stream. Also ich habe mir gewünscht, hey, spielt den ab, nehmt den Playlist rein. Und dann ist das immer wieder gekommen, immer wieder. Dann bin ich zu der Nori, habe dort ein bisschen gesagt, hey, wir lassen jetzt Lotusblume, gell Nori? Ja, so war es gesehen. Und Lotusblume ist auf Platz 1. Spotify, Jahresrückblick, Platz 1. Ich habe es geschafft. Chat, wir haben es geschafft. So, lieber Chat, wir picken noch schnell einen Winner und dann schauen wir, wo ich im Chat bin. Eine kleine Eichel für Kotmar. Kotmar. GZ. Ich sage es nochmal schnell, bei den Eicheln muss man nicht claimen. Aber Kotmar, du darfst natürlich gleich, er ist da, Kotmar ist halt da. Kotmar, du darfst mir gerne per DM deine Adresse durchgeben. Auf Twitch, auf Discord, auf OnlyFans. Ich kann schon einen Rab vorbeischicken. Ich bin da eingerichtet für so Sachen. Gibst mir deine Adresse durch und dann würde ich dir so eine kleine Eichel mit ein paar Goodies zuschicken. Und somit haben heute schon gewonnen Jutti und Kotma. Ja, Jutti, wenn sie nicht noch da steht, dann bräuchte ich die dann natürlich auch wieder. Ne? Hey, alles gut, Kotma. Du, das Glück hat dich auserwählt. Das Glück hat dich auserwählt und das freut mich natürlich. Ja, und ich sage es jetzt noch mal schnell, also ihr wisst es ja, die Eicheln, ich habe Haufen von denen bekommen, von den lieben Fienchen. Ja, die zukünftige Mod-Fienchen hat diese schönen Eicheln gemacht. Für uns. Ja, für uns. Und danke nochmal für das, liebe Fienchen. Ja, schon etwa 1000 Mal habe ich Danke gesagt, aber es ist so, wie es ist. So, Chat, jetzt muss ich ich muss mal schnell schauen, ob ihr noch etwas geschrieben habt, bevor ihr den Clip gemacht habt. Weil irgendwie sind wir noch bei iPods gewesen, das habe ich aber noch interessant gefunden. Vor irgendwie 10 Minuten. Äpfeltaschen lese ich auch noch. Äpfeltaschen. Oh, Jenny, so eine Äpfeltasche würde ich also schon noch nehmen. Einmal Äpfeltaschen. iPods waren so cool, true. Geht mal schnell ein bisschen durch. Alles gut und bei euch sind fit und Unterheim, Nori. Ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Freut mich, dass es dir gut geht. Ich habe meinen iPod noch. Ja, ich habe eben leider nicht mehr rein. Ich habe ihn mal verkauft für eben tatsächlich relativ viel Geld. Ich habe so gedacht, hey, ich hatte immer im Auto gehabt. Der grosse, mit viel Speicher. Und dann habe ich den irgendwie plötzlich nicht mehr gebraucht. Und dann habe ich ihn verkauft und auf Ricardo konnte ich den recht gut verkaufen. Aber ich hätte es nicht selber machen. Es wäre irgendwie so ein Gerät, das hätte ich gerne noch. Einfach als Andenken, aber ein bisschen weit. Die Pots waren der Hammer. Flavio, ich weiss nicht, ob wir vom Gleichen reden. Also es sind nicht die wir können rauchen, gell? Ich probiere meinem iPod Bluetooth zu verpassen und eine grössere Batterie. Oha, okay, das ist auch noch speziell. Nein, ich bin absolut kein Apple-Fan im Fall bei Samsung HTC. Hey,
Ich bin dafür ein Google Pixel-Kind jetzt inzwischen. Ich habe Google Pixel Uhr, Google Pixel Buds, Google Pixel Smartphone. Google weiss alles über mich, Chat. Alles. Hey, aber jedem das seine, gell? Es ist, manchmal entdeckt man etwas für sich und denkt, hey, ich brauche nichts anderes als da, ich bin zufrieden. Und auch das Ökosystem, das man dann auch immer ein bisschen hat mit Apple oder mit auch Pixel oder mit Samsung, das funktioniert halt damals schon auch recht gut. Ich habe keine Apple-Produkte mehr gehabt seit Jahren, aber ich habe für die Weiterbildung von der Schule ein iPad bekommen zum Lernen, würde das aber sonst nie nutzen. Ein iPad, das wäre jetzt wirklich noch etwas, wo vielleicht in Frage kommen. Ja, aber auch, wäre aber auch immer die zweite Wahl. Weil, was ich muss sagen, ich glaube, iPads sind sehr stark mit dem Stift. Also die Stiftfunktion funktioniert, glaube ich, mega gut bei iPads. Und da würde mich noch reizen, das irgendwie so ein bisschen für so Handnotizen zu brauchen. Aber ich habe jetzt ja Surface Pro gekauft, wo ja auch, ist zwar Windows, aber es ist auch ein Tablet schlussendlich oder kann auch als Tablet funktionieren. Und dort ist die Stiftung aber also auch recht gut, muss ich sagen. So, Chat, ich mache noch ein bisschen vorwärts. Ich weiss, ich bin mega weit hinten nachher. Aber ich will wirklich da nichts Wichtiges zu diesem Thema noch verpassen. Ich weiss nicht mehr, wie meine zwei geheissen haben. Einmal hatte ich einen kleinen, dünnen, schwarzen gehabt. So einen habe ich auch. Reden wir von den iPads. Und dann später mit meinem grünen, kleinen, grösser, also länglich. Ja, da trifft es schon besser. Aber noch jetzt, ich kann es nicht mehr ernst nehmen. Chat, von was reden wir genau? Und mein Chat-Tool hat jetzt gerade einfach gescrollt. Mein Chat-Tool hat jetzt wirklich einfach die Nase voll. Hey, Monster TCG, grüezi, wie geht's? So schön, dass du da bist. Ich weiss jetzt auch nicht mehr, welches du meinst, Spu. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Aber ich habe wirklich so die grosse Decke gehabt. Den habe ich gehabt, Chat. So, ich muss nochmal schauen, was da mein Chat-Tool. Das Chat-Tool, das ist ja auch nicht mehr da, was einmal war, Chat. Ich lese da nochmal von der Sayuki Volt Schlagerstimme Troy. Oha. Sie hat noch geschrieben, ja, die guten alten Sicherungskopien. Oh ja. Und dann haben wir Lotus Bloom Action gehabt, Chat. Hey Sancha, grüezi nach YouTube. Wie läuft's beim Angeln? Alles gut. Was hast du heute geangelt? So, Chat. wo bin ich gewesen? Thema Angeln. Ich bin auch atemlos, wenn ich dich sehe, Troy. Oh, Cherryberry. Atemlos. Wie ist es nachher weitergegangen? Weißt du? Lotus Blue. Ich bin schuldig. Ich verreck. Schmetterling. Ohne das Playback ist es eben schon ein bisschen cringy. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling. Ich habe das nicht so gut wie... ich habe da... Von wem kommt das eigentlich? Vom Bert? Das ist, alle haben nachher so geredet in der Streaming-Szene, Chat. Ein wunderschöner Schmetterling oder so. Keine Ahnung. Hey, der Barracks mit dem Shield of Reflection. And the award goes to Troy Hammerin. Danke vielmals. Lotus Blume ist einfach der Troy-Soundtrack. Ich finde es auch geil, dass er auf Platz 1 ist. Ich habe wirklich so... Ich glaube, ich habe das nie geshared, aber das ist so. Ich habe bei den Alben oder bei den Interpreten habe ich so den Midnight drin. Wirklich, also The Midnight, da kann ich den stehen. Das habe ich wirklich, wirklich viel gelassen, auch on Stream. Also meine, schlussendlich kann ich auch hinter Lotusblumen stehen, aber es hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich schon ehrlich sein. Ulen hat noch geschrieben, Troy, würdest du mir einen Gefallen machen? Und einfach kurz einen Satz. Das haben die auch gesagt.
sagen, ein bisschen ernst bitte, wenn es geht ohne... Jetzt muss ich noch mal schnell, ich muss mich schnell versetzen in so eine passende Situation. Jetzt bräuchte ich ein bisschen die Pen-and-Paper-Musik vom Ullen. Das haben die auch gesagt. Das haben die auch gesagt. What am I doing? Was passiert jetzt da mit dem? Juti, merci nochmal für die Adresse, danke. Fishbone, merci für den Lurk-Support. Fishbone, ich schreibe dir dann noch, ne? Es war so viel los jetzt in den letzten Tagen. Listen! Eichel. Was muss ich lesen? Ich muss schnell schauen, was ich muss lesen. Ich weiß gar nicht, was ich muss lesen. Ich lese mal weiter. Specko, ich weiß leider nicht, auf was du dich beziehst. Weit oben. Aber nicht von dir, weil ich lese jetzt nur ich schaue nur deine Nachrichten an und bei dir finde ich gerade nicht. Ah, da. Ich schalte sonst ab und komme später wieder. Aha, Specko, sorry. Jetzt habe ich es gesehen, sorry. Mein Chat-Tool. Das ist mein Chat-Tool. Specko, bis nachher. So, jetzt muss ich noch mal zurück. Chat. Highway Racer. Merci vielmals für den Resub. Schon 18 months treu Hahug. Oh, hi. Merci vielmals für den Resub im 17. Monat. Highway Racer, danke vielmals. Und wie geht's? So schön bist du da. Hey, listen! Um die 22 Uhr? Ja, richtig. Wenn das siehst. Ich lese schnell weiter, Chat. Oder ich überfliege so gut, wie es geht. Ich will nur schnell schauen, dass ich da wirklich nichts Wichtiges verpasse. Ich habe noch all meine alten Handy, Nokia 3330, Sony Ericsson. Oh mein Gott, da habe ich alles so viel gehabt. Da könnt ihr jetzt auch wahrscheinlich ewig aufzählen, was ich alles hatte. Und Nokia, da bin ich auch ein bisschen traurig, dass ich das weggegeben habe. Der beste Hammer, den ich je hatte. Das Nokia. Das war unzerstörbar. Oppo, das habe ich nie gehabt. Das haben alle um mich herum gehabt. Hey, aber der Akku, der stirbt nie bei so einem Nokia 33 oder 3210. I don't know. Ich habe das iPad fürs Zeichnen, Lilo. Für das ist ganz sicher sehr ist eine gute Wahl. Wenn nicht die beste Wahl. Man kommt krisenweise in der Schulgang Informatik machen und dann geben es den Gofen Apple-Plunder und erzieht es zu Apps-Klicker. Finde ich auch ein bisschen schade. Ja, schlussendlich muss ich auch immer sagen, hey, wenn jetzt Apple oder von mir aus Android oder was auch immer noch, Microsoft kann ja auch wieder mitmischen von mir aus auf dem Mobile-Markt. Aber wenn jemand einfach ein intuitives Interface hat und man kommt gut damit schlagen und es passt für einen halt wunderbar, wieso nicht? Also gerade Apple, muss ich sagen, wieso nicht? Also alle, die Apple haben und damit zufrieden sind, denen quatsche ich nichts anderes auf. Denen sage ich nicht, du musst wechseln. Das macht auch keinen Sinn. Da, wo für einen am besten funktioniert. Aber SCT an sich weiss auch, was du meinst, natürlich. Der grosse Deck. Ja, genau, der grosse Decke. Der kurze, aber Deck. Oh, Chat. Und Detlef, by the way, Detlef Schwarz, hello from Germany. Grüße zurück nach Deutschland. Detlef, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Ich bin wenig nach hier im Twitch-Chat, muss entschuldigen. Bin alles noch ein bisschen am Nachlesen. Tiger, mein Guter, wie geht's dir, Tiger? Grüezi wohl. Treu der Sprecher. Ich habe schon meine. Ich weiß nicht, ob ich ein guter Synchronsprecher wäre. Es würde mich tatsächlich reizen, Chat,
mal etwas richtig Podcasts zu machen. Das ist tatsächlich auch der Grund, wieso ich das Mikrofon gekauft habe. Aber eins nach dem anderen. Ja. Und es ist auch gar noch nicht irgendwie sicher. Es ist eher so ein Antasten. Aber manchmal denke ich, habe ich eine gute Stimme für das? Viele sagen es mir, ja. Das ist mir bewusst. Aber ja. Wenn ich mir eben Mühe gebe, dann kann ich schon ein bisschen, dann kann ich mit meiner Erzählerstimme erzählen, Chat. Wann ziehst du aus, Troy? Wann ziehst du, Troy? Ist, glaube ich, schon beantwortet worden. Zwischen 10 und 11. Ich schalte zwischen ab und komme später wieder. Das haben wir, glaube ich, erledigt. Die Antwort ist auch gekommen. Merci vielmals. Sabi, merci für den Lurk-Support. Zwischen 10 und 11, lieber Chat. Ganz wichtig. Thema Angel. Hey, let's go. Sandra, erzähl. Was gibt es für neue Sachen? Quertutsu, alles, was du sagst, stimmt immer. Quertutsu. Das ist Quertutsu, das sage ich dir immer wieder, das ist immer da, wo ich dir ins Ohr küschele. Bevor du einschlafst. Ja, genau. Bleib bis um 3 Uhr nachts wach, Sandra, das machst du immer. Nur wegen mir. Nur wegen mir. Und das schätze ich, ne? «33 hatte ich auch. Mein erster war es 32:10. 4 Grüezi und Grüße zurück nach Deutschland. Hello. Okay, 71:10. Oder aus Bananenhand. Ja, das habe ich aber auch gehabt. Das habe ich auch gehabt. Und da bin ich so enttäuscht gewesen, wo es nicht so von selber aufgeklappt hat. Also, der Schlitten, oder? Da hat man immer so von Hand müssen bedienen. Der ist gar nicht wie im Film aufgegangen. Oder ich habe einfach das Falsche gehabt. Ich habe so die Wish-Version wahrscheinlich gehabt. 7110 in meiner Handyschublade war mein zweites Handy. Aha. Hey, listen! Listen! Ausgelost wird zwischen 10 und 11, richtig? Ja. Jutti, das stimmt. Und alles, was ich Troilina sage, das stimmt, ne? Informatik ist für mich verstehen, was in dieser Kiste passiert und nicht, wo ich muss draufdrücken zum Katzenbild schauen. Ja, okay, also das ist ganz klar richtig, ja. Das ist ganz klar richtig. Er ist ein wenig hinten drin. Hat Troilina jetzt aber gesagt, Chat. Katzenbilder sind cute. Ich weiss jetzt nicht, wie man auf Katzenbilder kommen, aber du hast absolut recht. Katzenbilder holen mich immer auch wieder ein bisschen ab. Oder noch viel besser Katzenvideos. Die Videos... Ich sage es jetzt nicht, was ich denke. Das ist alles wieder zweideutig in meinem Kopf, Chat. Glühwein. Oha, Tiger. Ja, Prost, Tiger. Gönn dir. Troilinas Podcast-Stube. Oh. Also, ja, also Stimme ist sehr angenehm. Okay, merci, Sayuki, danke. Ja, darum war wirklich auch mal so ein bisschen die Idee gewesen, ich werde mal etwas Neues probieren. Aber ich muss auch Zeit haben. Ich muss das irgendwie noch ein bisschen, ich muss ein bisschen ein Konzept haben. Ich will nicht einfach irgendetwas machen. Da kommt dann halt wieder der Perfektionist führen. Und ich will es eben vielleicht auch nicht allein machen. Aber das ist alles schon so ein bisschen am Laufen, am Planen, am Entstehen, Chat. So als Hörbuchsprecher. Da weiss ich jetzt eben nicht, ob Idee gut wäre. Ich merke das auch jetzt bei Life is Strange. Life is Strange gibt es viel zum Lesen. Und ich gebe mir manchmal so ein bisschen Mühe, aber ich mache immer so Fehler. Ich bleibe immer wieder mal hängen. Es ist nicht flüssig. Also ich weiss nicht, ob ich das wirklich gut könnte. Auch wenn ich jetzt vielleicht die Stimme hätte, habe ich irgendwie die Skills nicht, gut vorzulesen. If you know what I mean.
Hallo, 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 hallo. Sandra, sagst du jedem Fisch Hallo hier? Das würde ich noch als Doku-Sprecher sehen. Also auf Schweizer, also ich mache auch so schweizerdeutsche Synchros für Dokumentarfilme. Und da sehen wir den Kotmar in seiner natürlichen Umgebung. Und er merkt nicht, dass sich ein Troilina von hinten anschleicht. Ja, das klingt schrecklich. Gell, jemand, der schon gewonnen hat, ist ausgeschlossen, soweit ich das weiss. Oder ja, Highway Racer. Du hast einen geilen Preis geclaimed. Du hast 100 Franken Brack.ch-Gutscheine geclaimed. Wenn jetzt du nochmal gezogen, also du kannst schon mitmachen, ich kann es nicht verhindern, aber sollte ich jemanden ziehen oder jetzt dich ziehen, der schon gewonnen hat, dann würde ich sagen, hey, ist ja so kommuniziert gewesen, dann würde ich die nächste Person gönnen. Aber ich kann euch nicht daran hindern, mitzumachen. Es ist auch, eigentlich ist es aber dann nur so ein bisschen Punkteverschwendung, wenn ihr es macht. Nein, es soll für alle fair bleiben. Ich glaube, das ist aber auch für alle okay, oder? Ich nehme nicht an, dass jetzt da jemand sagt, ja, halt stopp, treu, das ist unfair. Nein, ich habe das doch genug manchmal durchstudiert. Weil ihr ja könnt wählen, ist es eben dann nicht unfair. Je früher, als ich euch ziehe, desto mehr habt ihr zur Auswahl. Aber dann ist es ja nicht unfair, wenn ich sage, beim zweiten Mal, ja, dürft ihr nicht mehr. Ich habe schon viele Vocals eingesprochen für diverse Sachen. Okay, Fernhöhl TV, oha. Für was denn auf was bist du am meisten stolz? Das habe ich schon gelesen. Troilina, das dann am Troy sagen, ich kann ihm dann was auf diese Geschichte. Wir schauen nachher Ullen, wir schauen nachher rein. Ich muss schnell ein bisschen vorwärts kommen, wir haben aber nachher vielleicht noch ein bisschen Zeit. Chat. Das 7110 hat hinten nachher einen silbrigen Knopf gehabt zum Drücken, dann ist der Schlitten vorne gefedert. Dann, ich weiß nicht, ob ich da falsch in Erinnerung habe. Es hat mich aber schon mal jemand korrigiert. Vielleicht habe ich einfach auch keine Ahnung, eine Version gehabt. Oder, meins war aber, glaube ich, sogar eine Occasion. Vielleicht hat es dort einfach nicht funktioniert. Ja, Sandra, haben wir ja. Aber gibt's da was Neues? Ist da was Neues rausgekommen? Also gibt es irgendwie neue Angeln? Gibt es so eine neue Meta? Ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, das wechselt ja immer wieder. Ist auch je nach Jahreszeit dann. Was ist denn jetzt die Meta? Wo hinten drin ist er? Kein Kommentar. Weil der TLC die erwähnt hat. Aha. Okay. Swiss Cat Clips. oh, merci fürs Aufmerksam machen. Ausrufezeichen STC, das kann ich auch wieder mal machen. Lieber Chat, an dieser Stelle, ich sage es jede Woche mindestens einmal, Swiss Twitch Clips, er hat ein neues Video gebracht gestern. Es ist geil. Jenny, du bist da. Jenny, gut gemacht. Wirklich geil. Ich habe leider noch nicht kommentiert. Aber gucken, Freude haben und bei den Leuten followen gehen, die ihr da seht. Also, und Jenny, merci vielmals auch für all die Videos. Swiss Twitch Clips. Ladies and Gentlemen, es gibt Katzenvideos und es gibt... Hey! Jetzt habe ich doch gesagt, wir reden nicht darüber, was ich jetzt vorher nicht gedacht habe. Ja, es gibt auch Videos, da kommen mehrere Pussys vor. Mayo-Gedanken. Ja, jetzt, wo du sagst, erst recht. Und Strohhut-Drave. Genau. Strohhut-Dave, grüßt's euch alle miteinander. Listen, jetzt muss ich... Schaust mal Fotos und Videos, also gut. The years start coming. So much to do, so much to say. Ich habe den Text nicht auswendig, Chat. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play.
Only shooting stars break the mold. Chat, ich müsste endlich den Chat nachlesen und nicht mitsingen da die ganze Zeit. Troy war schon mal in einem Podcast gewesen. Das ist true. Natürlich. Kann ich da irgendwie jetzt Werbung machen? Kann ich Werbung machen dafür? Also Ulen, darfst gerne schnell einen Link rein machen. Gell? Also nicht nur, du darfst gerne. Bitte Ulen, mach jetzt schnell einen Link rein zu diesem Podcast. Ich war natürlich mal eingeladen beim lieben Ullenbullen und beim lieben Blackjack, der nicht Jack Black heisst. Und dort durfte ich im Podcast mit dem D-Core zusammen dabei sein. Und das ist, ich glaube, das erste Mal, in einem Podcast. Ich habe das mega schön gefunden. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, hey, ich würde auch gerne so etwas probieren. Natürlich ohne jetzt irgendwie etwas zu kopieren. Oder, eben, das ist noch die Schwierigkeit. Ich werde etwas Ähnliches machen, aber ich werde es nicht gleich machen wie andere. Hey Dave, wie geht's dir überhaupt? Habe ich dich richtig begrüßt, Dave? Wie geht's dir, mein Lieber? Ich würde es mir anhören. Arena. Troy in Netznatur. Das ist der Titel des Podcasts. Ich habe dir dann noch geantwortet auf deine DM. Highway Racer, wir haben doch abgemacht, dass du nicht einfach da in die Öffentlichkeit raus posauninst, dass wir offstream miteinander Kontakt haben. Katzenvideos schauen ist sogar gesund, macht glücklich und tut den Körper mit Energie versorgen. Hey, das glaube ich sofort. Büssis, ja. Oder Pussis. Ansagen und Sounds für andere Stream. Oha. Also Bernhöhlen TV, vielleicht brauche ich... Vielleicht... Irgendein, ich muss... Moment schnell, ich muss schnell die Satzstellungen nochmal durchgehen. Also irgendein kommt die Lulu. Okay, das ist schon ganz verkehrt, Troy. Irgendein kommt ganz zufällig beim Stöhnen die Lulu. Okay, ich gebe es auf. Ihr wisst, was ich meine, Chat. What's the matter with your mind and your sign and oh. Hail, hail, nothing matter with your head, baby, find it. Come on and find it. Kokainum. Chat, ich muss jetzt echt den Chat mal nachlesen. Aber Bärenhöhlen TV, das ist sehr interessant, ne? Und ich sage es jetzt nochmals für alle, die vielleicht mal, also ich weiß es nicht, ich hoffe, du bietest das noch an, ne, wenn ich jetzt schon Werbung mache. Aber wenn ihr eine geile Stimme sucht, ne? Ansagen und Sounds für Streamer. Hier, Bärenhöhlen TV, let's fucking go. Aber Arbeit, wieso wird es jetzt gestrichen? Das war nicht die Abmachung. Wieso? Ich will jetzt hier eine Erklärung. Wieso wird das gestrichen? Musik jetzt aus hier. Musik aus. Auf YouTube hört man Musik gar nicht. Schon. Troy, ich hätte gerne Troilina als Anrufbeantworter-Sprecherin. Eidgenössisch diplomierte Anrufbeantworter-Sprecherin. So etwas gibt es sicher noch. Start das Video! Von was reden wir jetzt genau? Come and get your love now. Ich habe zu viel Energie, Chat. Ich muss das Katzenbildchen anschauen. Was ist das? Swiss Twitch Clips. Das ist etwas, wo du musst abonnieren auf YouTube. Ja? Sonst läutet das 7 Tage das Telefon und dann kommt Jenny aus dem Fernsehen raus. Ja. Das ist...
Und ich kann dir jetzt schon sagen, das ist keine gute Idee. He? Also einfach abonnieren. Gutes Lied, Fienchen. Jetzt muss ich schnell schauen, ob es auf da bezogen ist. Ich muss schnell schauen, wer es gewünscht hat. Kotmar hat das gewünscht. Geil. Ja, da, lieber Chat, also der Link ist im Chat vom lieben Ullen. Spotify-Link zum Podcast, wo wir vorhin schnell erwähnt haben, wo ich zu Gast war. Episode 6 wäre die Folge, wo ich rum bin. Aber das heisst nicht, dass ihr euch jetzt nur eine Episode 6 geben müsst. Ihr könnt ja mal mit Episode 6 anfangen. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr dort folgen und so. Und dann könnt ihr alle Episoden hören. Der Franziskus mit dem Weihnachtskäppli, ja, true. Das ist das einzige Emote, das ich so ein bisschen weihnachtlich umgestaltet habe. Und ich habe es tatsächlich selber drauf gebaut, das Käppli. Das war recht aufwendig, Chat. Also, Jenny Hut ab. Jenny macht ab und zu mal so animierte Emotes, holy shit. Es war auch frei, euch beide dabei zu haben. Okay, mega cool. Ich bin todmüde, bin alle Stunden aufgewacht heute Nacht. Oh no. Wieso denn, Dave? Ja, hast du irgendwie Schmerzen oder ist sonst irgendwie viel im Kopf los? Oder? Aber das Loch ist jetzt für einen Moment geschlossen, Herr Arti. Privatkontakt mit dem treuen Traum von allen. Aber das tun wir da nicht öffentlich. Das tun wir da nicht öffentlich machen, Chat. Offstream, was ist das? Troy, lebst du neben dem Stream? Ich habe gemeint, du schlafst von Samstag zu Samstag. Das ist schwierig jetzt zu erklären. Stellt euch vor, ich gehe also offline, dann gehe ich echt schlafen. Und dann, wenn ich wieder aufwache, ist auch wieder Samstag. Und dann lasse ich wieder den Stream an. Die Lulu kommt, red weiter. Nein, das Thema haben wir jetzt abgeschlossen, Chat. Also ich würde deinen Podcast auch gerne anhören. Ja. Also wie gesagt, vielleicht kommt da mal etwas, lieber Chat. Stay tuned. Lulu stöhnt. Aber hat das wohl wieder... Wer hat das wohl wieder geklippt? Oh nein. Calls! Also ich hätte gerne 3 Sätze als Sound-Comments. Also, Spu schreibt mich an, wenn du irgendetwas brauchst. Wenn das hilft, dass du wieder live gehst und streamst, Spu. Noch so gern. Das mache ich auch gratis. Wir sind alle nur hier, für mit der Swiss Twitch Clips 7 Tage Chat. Lieber Chat, nur weil ich es mit euch nicht schaue, heisst das nicht, dass ihr nicht abonnieren müsst. Aber wir finden sicher wieder einen so, irgendwann machen wir das so spontan. Es gibt heute noch so viel, was ich machen muss. Ich muss so Zeug auf Discord anschauen, dann müssen wir Giveaways machen, Chat. Da kommen wir nie hin, wenn wir jetzt noch die geilen Swiss Twitch Clips schauen. Und übrigens ja, 7 Tage Chat. Und dann kommt Jenny durch den Fernseher durch. Bitte was, Jenny kommt aus dem Fernsehen. Schnell abonnieren. Dem Fall. Ihr wollt nicht, dass Jenny durch den Fernseher durchkommt, Chat. Das überlebt ihr nicht. Jetzt bin ich am Ende vom Chat angekommen. What? Wir haben ja das Thema gar noch nicht richtig aufgemacht. Und ich packe es jetzt wieder zu. Wir machen die Schachtel zu. Dann das Klappband, ist rundum zugeklebt. Abgeschlossen, abgeschickt. Und übrigens da, lieber Chat, einem geschenkten Gipfel schaut man nicht aufs Zipfeli.
is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammer, and he does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Vielleicht auch wieder mal Gameplay. Also ich kann euch natürlich sagen, wenn es Gameplay gibt. Nein, das kann ich nicht. Shit. Okay, jetzt habe ich schon Scheiße. Oh, Jenny! Nein, jetzt kommt Jenny aus dem Fernsehen. Nice, Mann, Chat. Okay, wir haben Glück gehabt. Lieber Chat, wir haben Glück gehabt, es war nicht Jenny. Ja? Jetzt habe ich schon gedacht, Chat, Mann, wer hat nicht abonniert auf YouTube? Wirklich gedacht, Chat, jetzt kommt Jenny durch den Fernsehen, weil jemand nicht abonniert hat auf Swiss Twitch Clips. Aber wir haben Glück gehabt, Chat, weil alle haben abonniert und danke vielmals. Darum haben wir es jetzt überlebt. Virgin River, ja, das hat schon mal jemand gesagt, der Schauspieler. Oh, Dave, noch 45k. Oha. Ejo. Nein. Ich bin nicht Jenny. Oh shit, sorry, Ullen habe ich verwechselt. Aber ich komme auch aus dem Fernsehen. Geil. Ullen. Was muss man machen, damit du aus dem Fernsehen kommst, Ullen? Was muss man verbrechen? Den Podcast nicht abonnieren? Ja, aber ich habe eher das Gefühl, wenn man den Podcast vom Ullen und dem Jack nicht abonniert, dann kommen die beiden aus den Kopfhörern raus. Also, da auf dieser Seite kommt der Ullen raus und auf der anderen Seite kommt der Jack raus. Das ist noch viel schlimmer, Chat. Hätte ich früher so viel ausgegeben, hätte ich sie wahrscheinlich schon. Also hätte ich früher nicht so viel ausgegeben. Ja, aber es geht vielen so, ne? Es geht vielen so. Ich meine, ich merke ja da auch den Unterschied, ne? Ich merke ja auch den Unterschied. Früher, ne? Da wurde immer alles eingelöst und hier und da und pink und so und jetzt alles so am Sparen, ne? Brother from another mother. Hello PU Ople 30 Monat MSNN. MSNN? Was? MSNN? Ja. Jetzt ist alles pink. Jetzt habe ich es halt gechinkst, Chat. Merci für da. DJs Antworten. Ja? Da ist die Frage natürlich, ist das fair? Ja, aber es ist so, wie es ist. Hey, Mr. Blatsch, merci vielmals für den Resub im 30. Monat. Für dich ist jetzt alles pink geworden, nur für dich. Und wie geht's dir? Und schön bist du da. Und Blatsch, fuck, ich habe da nicht zurückgeschrieben. Aber auch schnell, dass es gesagt ist, ich habe es geguckt. Aber ich müsste vielleicht noch Feedback geben. Das ist eigentlich das Wichtige. Aber hey, ich mache es noch. Blatsch, aber es ist alles gut. Herr Blatsch, wir haben es vorhin einmal vom Thema. Ja, interessantes Thema Podcasts. Dass ich so ein bisschen eine Podcast-Stimme habe. Ein bisschen.
Da habe ich gesagt, das wäre schon noch interessant, mal so einen Podcast zu machen. Findest du das auch? Findest du das auch? Ja, weil auf dich lasse ich Plätze. Nein, ich muss da mal schnell weiterlesen, Chat. Guter Trigger für eine neue Podcast-Idee. Ohrengrübler. True. So, okay, nice one. Ullen, ein Froschknebel. Oder so hat es geheissen, soll man sagen. Ein Froschknebel. Treu, wenn ich irgendwann mal wieder streamen würdest du immer noch Twitch empfehlen oder einen anderen Anbieter. Also jetzt in dem Moment, ich kann natürlich nicht für die Zukunft reden. He? Also wenn du jetzt sagst, hey, keine Ahnung, in 3 Jahren streame ich vielleicht wieder einmal, dann kann ich nicht für in 3 Jahre reden. Aber jetzt im Moment gibt es ganz klar keinen anderen Anbieter, wo nur schon im Ansatz gescheiter wäre. Also Kick, nein. YouTube. Schwierig. Ich gehe jetzt aber nicht weiter darauf ein, wieso. Nein, also YouTube ist auch keine Livestreaming-Plattform. Das ist wahrscheinlich das grösste Problem. Also Twitch all the way. Mixer ist ja schliesslich so schnell gestorben, wie es gekommen ist. Sonst hätte jetzt vielleicht noch gesagt, ja, Mixer. Nein, Spoo, Twitch, it is. No Stress, als heute live testen. Und ich habe es eben verpasst. Ich habe eben noch gedacht, ja geil, jetzt hättest du noch mein Feedback hören und jetzt bist du schon live gewesen. So. Aber ich habe dir ja gleich noch das Feedback gegeben. Ich bin wirklich noch im Nest gelegen und habe irgendwie so mit einem Auge schnell ein bisschen reingelassen. Ein bisschen reingeschaut. Und nachher ein VOD habe ich aber auch... Nein, das ist gar nicht wahr. Das war das Video, das du mir geschickt hast. Das habe ich nachher komplett geschaut. Aber es ist richtig geil. Wirklich einfach, es ist geil. Also, hey, Chat. Ich mache es jetzt. Chat, ich da, ist ja klar. Lieber Chat, Mr. Blatsch. Ich sage es jetzt auch mal so, der liebe Mr. Blatsch, ganz ein sympathischer Dude, der macht Musik. Und jetzt macht er auch so ein bisschen neu etwas. Ja? Aber bevor ich jetzt da nicht richtig erkläre, was er genau macht, einfach hineinschauen, reinfollowen und die Streams gucken. Ne? Dann wisst ihr, was ich meine. Vielleicht gibt es sogar noch einen Clip. Chat. Wir gucken. Musik aus. Ja, let's go. Chat. Da müssen wir gerade nochmal reinschauen. Es kommt nochmal der gleiche. Chat, der kann das eben. Ich könnte das nicht. Chat. Klar könnte ich meine Gitarre nehmen, aber ich könnte sie nicht mehr spielen. Also, Hut ab, Mr. Blatsch, das ist echt gut. Also, I like. Und lieber Chat, unbedingt dort vorbeischauen. Mr. Blatsch habe ich mich richtig bedankt für den Support. Er hat 30 Monate, danke vielmals, Mr. Blatsch. Vorhin habe ich schnell erwähnt, wieso man nicht auf YouTube streamen. Und der Zähne raus ist das beste Beispiel für, wieso man nicht auf YouTube streamen sollte. Ne? Chat. Oder ist das ist nicht mal YouTube? Ist das nicht? What the fuck? Ist das Twitch? Assimilate this. Okay, let's go. Das ist nicht, aber auf YouTube, da kommen eigentlich die Leute her, ne? Oder die Leute. Chat, wo ist jetzt Musik? Oh, Majestic Wax Fang, Chat. So, ich muss mal schauen, wo ich gesehen Chat. Kick. Oh, da habe ich wieder ein Wort ins Maul genommen.
Froschknebel. Dann kannst du machen, was du willst. Auf Kick kannst du ja, aber das ist ja... I don't know. Also jetzt ganz ehrlich, das ist eigentlich da, wo ich vorher mit YouTube, also da, wo ich jetzt gerade gesagt habe, da geht es um Community. Es geht mir eigentlich nicht einmal gross darum, wer hat jetzt welche Technik, wer hat den besseren Algorithmus und bla bla bla. Sondern wer hat die beste Community, wer hat die besten Leute, wer hat so angenehme Leute. Ne? Natürlich, es gibt immer mal so Spezialisten, auch auf Twitch. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dort kann keine Plattform Twitch das Wasser reichen. Einfach nicht. Wenn es um die Leute geht. Und ich glaube, bei Kick ist das auch wieder ganz anders. Also ich bin auf Kick nicht aktiv, ich kann es mir auch nicht beurteilen, aber ich habe das Gefühl, auf Kick ist das auch wieder ganz anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Kick so eine schöne Community zustande kommen. To the blind will be awful majestic. It would be the most beautiful thing that they ever had seen. Chat, ich muss weiterlesen. Aber Kick ist seit 2 Jahren in Beta und kommt nicht in die Gang. Ja, zudem eben, Kick ist immer noch... Das basiert auf Cloud und Code von Twitch. Das ist schon mal da, wo mich einfach abschreckt. Und dann das ganze Hure, die das auf die Beine gestellt haben, das ist alles so shady. Die einzigen, die ich noch kenne von den Namen her, wären Kick und das Trovo. Okay, da kann ich nicht mitreden. Trovo, wie sagt man das überhaupt? Trovo. Da müsste ich mich mal informieren. Vielleicht ist auch das etwas. Ich werde jetzt nicht sagen, nee, Trovo, nur weil ich es nicht kenne, heisst das nicht, dass es schlecht ist. Aber ich würde dir einfach nur schon, weil halt die Community da auf Twitch ist, ja, inklusive Schmarz. Ich nehme jetzt auch ein Beispiel, Schmarz, oder? Auch in der Community drin. Oder Nascha. Und die sind halt hier auf Twitch, darum streamt hier auf Twitch. Das ist da, was ich dazu sage. Und Schmarz und Nascha und Betschart, grüezi, Betschart Guido. Grüezi wohl, grüß nach YouTube, wie geht's? So schön, dass du da bist. Und Nascha, Schmarz, wie geht's euch? So, Chat, wo bin ich gewesen? Alles gut, Brother from another mother. Feedback ist immer gut zu jeder Zeit. Okay. Mache ich auf jeden Fall noch. Ich weiss nicht einmal mehr, wie das geht, wann ich alles brauche, wann ich alles muss einstellen, zu lang her. Ich müsste zuerst wieder mal einen Kurs machen. How to stream. Ja, dann gehst du am besten so in ein paar Monaten die Podcast-Reihe, die heisst Wie man streamt. Erklärt von Troy Hammeron. Nein, ich weiß es nicht. Da war mal ein Podcast. Geil am Blatsch beim Blasen zuschauen. Oh, Ullen. Der Typ, er kann zwei Instrumente gleichzeitig blasen. Das ist mal können. Ach du Scheiße. Meine Tochter übt gerade Pirates of the Caribbean auf der Geige. Ich habe so drauf gewartet, bis sie so weit ist. Oh. Okay, also das Üben klingt, glaube ich, immer noch recht schlimm. Also kann ich mir jetzt vorstellen. Vor allem gerade auf der Geige. Gut, es kommt darauf an, wie viel Erfahrung sie schon hat. Wenn sie natürlich das schon lange macht, dann ist das Üben, wo man sagen, wahrscheinlich nicht einmal so schlimm. Aber geil. Kann man denn das hören, Sayuki, wenn es so weit ist? Das würde mich noch interessieren. Was ist denn das für eine geile Band-Animation? Das ist eine von insgesamt, ich glaube, inzwischen 6 oder 5 oder 6 Band-Animationen, die kommen, zufällig. Man kann ja auch da machen, was man will, wenn ich die Startseiten anschaue. Hey, Gut, das ist meistens dann, wenn Twitch wieder irgendwie... keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie machen. Wahrscheinlich haben sie damals über das Wochenende so einen Teamausflug, wo sie gehen trinken und Drogen gehen nehmen. Und dann treffen sie so komische Entscheidungen.
Und dann artet es einmal wieder schnell aus. Dann sagt die Community, ihr ändert TOS, also let's fucking go. Ja, ich weiss schon, was du meinst, Spu. Aber das ist, glaube ich, eher so Ausnahme. Ich meine, Twitch macht wirklich auch vieles falsch in meinen Augen. Aber gleichzeitig, who am I to judge? Ich sehe ja auch nicht alles. Aber insgesamt ist es halt gleich noch so, dass sie für mich die einzig wahren Streaming-Plattform-Anbieter sind. Du tönst, als wärst du von Twitch gekauft. Kann sein, dass Twitch die bestechen tut. Es ist, also, nur will ich jetzt positiv reden. Das ist schwierig zu erklären. Schnell schauen. Twitch, Direktkontakt. Ich suche den Knopf, den ich nicht finde. Ich finde den Knopf halt nicht, ne? Ja, das ist der Troy. Troy Hammaren. Twitch auf eurer Plattform. Ihr kennt mich ja. Darf ich denn da auch mal etwas Negatives sagen? Oder ist da der Partner direkt nicht mehr einen griffreich erweitert und so? Hallo? Hallo? Hey, ich darf da nicht negativ über Twitch reden. Chat. Ich habe euch lieb, Chat. Ich habe euch lieb. Was haben wir für Zeit? Ich muss schnell schauen. 51. Ich müsste noch ins DC hineinschauen. Oh mein Gott, Chat. Also, ich sage es jetzt nochmal schnell. Giveaways laufen noch. Giveaways. Viele tolle Preise. He? Ich muss das schnell durchgehen. Ich weiss, ihr müsst ja auch Chat lesen. Ihr müsst alles machen, Chat. Aber ich kann nicht alles machen. Viele tolle Preise. Es gibt von brack.ch noch ein paar 100 Franken Gutscheine, Razer Maus. Wir haben von Govin noch 3 Produktführung. Wir haben von WOG.ch noch ein paar Games-Führung. Und wir haben von mehr gesponsert noch ein paar Steam-Gutscheine-Führung. Und wenn ihr die Chance haben auf so einen Preis, dann müsst ihr mitmachen hier auf Twitch. Ja, auf YouTube geht das leider nicht. Müsst ihr auf Twitch mitmachen, aber ihr müsst auch 200 Treuepunkte haben. Das heisst, ihr müsst schon 3 Stunden mindestens zugeschaut haben bei meinen Streams. Und dann könnt ihr euch so ein Ticket gönnen und habt die Chance auf einen von diesen coolen Preisen. Lieber Chat. Flöru, Mann. Execute Z gifted a tier 1 sub to DJ Clancy. They have given 3 gift subs in the channel. Ja, ich bin es nochmal. Jetzt, der DJ Clancy hat jetzt gerade ein Abo von mir bekommen. Ändert das irgendetwas? Also, habe ich jetzt da... Also, ich nehme an, ich darf immer noch nicht negativ reden. Okay. Ist in Ordnung, okay. Flörumann. Merci vielmals für den Gifted Sub an DJ Clancy. Ja, für die ihn nicht kennen, der DJ Clancy ist der CEO von Twitch. Just saying. Merci vielmals, Flörum. Danke vielmals, Flörum. Merci vielmals für den Support. Ja, und maybe DJ Clancy is watching. Have fun with the emotes und so. Huh? Und Pagania, grüezi Pagania. Für dich auch nochmal, wir sind in den letzten paar Minuten vom Giveaway, Ausrufezeichen Giveaway oder einfach Ausrufezeichen Ticket. Aber Pagania, viel wichtiger, wie geht es dir denn? Und schön bist du da. Chat, ich muss wieder schauen, wo ich bin im Chat. Es ist schlimm, wird immer schlimmer. Ich kenne halt schon eigentlich nur Leute von da. Aber da fühlt man sich doch auch am wohlsten. Also, es ist wie... Also ich sehe es auch mal so, dann unbedingt auf dieser Plattform streamen, wo man dich kennt. Also ich meine, es Spu, jetzt ganz ehrlich, wenn du wieder anfängst streamen auf Twitch, du hast direkt wieder Leute. So funktioniert Twitch-Community, oder jetzt einmal unsere Community, und da rede ich nicht nur von meinem Stream, sondern wirklich so, alle
Streamer aus der Schweiz und über die Landesgrenzen hinweg auch schon. Wir sind sofort da. So funktioniert das heutzutage. Ich meine, vor vielen Jahren habe ich gestreamt für niemanden. und heute kann man anfangen zu streamen und wenn man sich nicht dumm anstellt, sage ich mal, dann hat man die Leute direkt bei sich. Also Spu, ich würde mich natürlich freuen. Nascha, meine Fastnachbarin. Oha. Die Frage, die dann mal hier, falls Twitch mal nicht mehr geht, ich will gar nicht so weit studieren. Arti, aber manchmal begegne ich dem Gedanken auch wieder einmal und dann denke ich mir auch wieder, ja, shit, Mann. Aber hey, es ist jetzt, wir geniessen die Zeit und wir hoffen, dass es noch viele Jahre wird weitergehen so. Und wenn der Moment mal kommt, dann finden wir auch dann eine Lösung, lieber Chat. Also, ich kann euch sagen, ihr werdet mich nicht einfach so los. Das wird nicht der Fall sein. Was, Chantal? Du gehst auf die Fasnacht. Genau als Globus. Oh, Susi. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt, aber egal. Hashtag Schattengang. True, Hashtag Schattengang. Kollegin kann auf dem Klavier Flucht der Karibik. Das ist auch geil. Ich kann ja, true. Oh, Susi. Hey, Pauli, wie geht's? So schön, dass du da bist. Ja? Ich tu jetzt den ganzen Songtext nicht sagen. Wir können es selber lassen. Es ist, ich weiss nicht, wie korrekt der Song noch ist heutzutage. Schwierig. Darum tue ich jetzt auch den Songtext nicht sagen oder singen oder rappen oder wie auch immer. Oh! Und 4 Hunty! 15. Der Hunty hat gesagt, jetzt! Und nun sind wir hier gelandet. Aber ihr fliegt immer noch, also Hunty ist immer noch hier im Millennium Falcon Chat. Ihr müsst jetzt noch landen. Und Ria und Hunty und liebe Raiders, grüezi miteinander. Ich bin der Troy. Ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, Interaktivität, viel Gelaber und Hashtag, eventuell auch mal Gameplay und dem einen Licht, das noch pink leuchtet, Chat. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Markenzeichen von meinem Stream. So, let's go. Liebe Raiders, wir machen jetzt direkt ein Foto zusammen. Und dann müssen wir auch schon bald ins Giveaway rein, also in die Ziehung des Giveaways. Also für alle, die jetzt noch reingekommen sind, ihr braucht aber tatsächlich 200 Punkte. Das heißt, ihr müsst schon 3 Stunden mal in meinem Stream zugeschaut haben, sage ich jetzt mal. Ihr dürft natürlich auch alle gerne noch ein Ticket kaufen. Ein Ticket maximal pro Person, Ausrufezeichen Giveaway. Für mehr Infos, Ausrufezeichen Ticket zum ein Ticket kaufen. Viele tolle Preise. Und jetzt kommt aber noch aufs Foto drauf. Ausrufezeichen Foto in den Chat. Dann kommt ihr mit eurem Profilbild mit aufs Foto. Let's go. So. Blur nehmen wir raus. Und Hunty, wie war dein Stream? Was gab's denn bei dir? Gab's wieder Dead? Ich glaube, du bist immer im Dead by Daylight drin, ne? Aber ist das richtig in Erinnerung? Dead by Daylight, natürlich! Wie sind die Runden gelaufen, Hunty? Warst du Survivor? Warst du der Killer? Und wenn der Killer, was für ein Killer warst denn du? Und wenn der Survivor, warst du Nicolas Cage? Chat, anscheinend gibt es ein Nicolas Cage DLC für Dead by Daylight. Das ist mindblowing. Und ich begrüße noch kurz Jeva. Grüezi Jeva. Schweizerdeutsch darf ich dort bei dir reden. Und Lost One, grüezi, wie geht's dir? Schön, dass ihr hier seid. Chat,
Wir haben noch 2 Plätze. 2 Plätze auf dem Foto. Wer noch nicht drauf ist, jetzt noch Ausrufezeichen Foto eingeben. Hanti, du darfst dir noch was auswählen auf der linken Seite, was neben dir aufs Bild soll. Ganz neu seit heute ist das Franziskaus. Aber du kannst dir natürlich auswählen, was du möchtest. Ein Franziskaus, wie süß ist das denn? Ja, Jutti ist seit heute drin. Aber Jutti, das hast du schon mal gesehen, ne? Moment kurz. Da ist es. Ich hol's kurz. Das ist das Franziskaus. Das Ding habe ich vom lieben Hamster-Sound und der Ellen Gender damals bekommen. Und ich muss das immer noch irgendwie einbauen. Ich habe da Pläne, auch dank euren Ideen, Chat, Carnage und so weiter. Warlock hat auch dazu beigetragen. Das Haus wird noch irgendwann eingebaut im Bossfight, Chat. So, Chat. Ah ja. Hallo B, kannst du mich bitte grüßen? Hallo B. Angelst du? Chat. 37 von 37 Leute, Chat. Wir machen das Foto. Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin jetzt einfach verwirrt. Ne? Konnten jetzt alle noch mitmachen, die mitmachen wollten. Also wenn der Bot sagt, hey, du hast zu wenig Punkte, oder wenn der Bot sagt, sorry, you don't have enough points, dann reicht es leider nicht. Aber es ist so, ne? Also wegen dem jetzt nicht aufgeben, die Giveaways, die laufen noch den ganzen Dezember. Also wenn ihr jetzt noch so ein paar Stunden mitguckt, oder beim nächsten Stream, bevor die Ziehung ist, 3 Stunden mitguckt, könnt ihr euch ein Ticket kaufen, Chat, ne? Also es müsste kein Problem sein. Hey Selim, grüezi. Selim, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Chat, wir machen noch das Foto. Klopapier. Hanti, möchtest du denn nichts auswählen? So, ich wähle jetzt für Hanti, wähle ich jetzt was aus, ne? Ist mir jetzt egal. Was mache ich jetzt? Oh, happy day. So. Let's fucking go. Okay, Hanti, ich habe für dich das Franziskaus ausgewählt. Ich hoffe, das passt. Weil es neu ist, es wurde noch nie gebraucht und da kommt sogar noch ein wenig Rauch aus dem Kamin raus, ne? Und das müssen wir jetzt einfach auf dem Foto haben. Hey, hey Poppy, Hanti, Poppy, ist alles gut, ne? Alles gut. By the way, heißt das, es gibt noch einen Bosskampf dann nach der Giveaway-Ziehung? Ja! Aber dann mache ich jetzt nicht, ich cue's nicht rein, weil wir machen wirklich zuerst die Giveaway-Ziehung. Wenn die durch ist, würde ich sagen, Hanti, ne, gibt es noch einen Bossfight, wo du Dungeon Leader bist. Aber damit sich das jetzt nicht... weil wir gesagt haben, zwischen 10 und 11, nicht, dass sich das jetzt nach hinten schiebt und dann die Leute schlafen gehen. Das wäre doof, ne? Ich bin schon ganz benebelt. Ich fühle mich auch benebelt, im Fall. Ich weiß nicht, was da der Franziskus in den Kamin reinwirft, ne? Fienchen. Ist Hanf drin vielleicht? Vielleicht auch Kokainum. So, Titel anpassen. Und ich würde sagen, wir machen das Viertel in zwischen 7 und 15 Sekunden. Haben wir jetzt fertig gemacht? No, God, please, no! 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 Ah, okay, wunderschön. Chat, Tanti, hier unser Foto. Alles ist kaputt. Alles ist kaputt.
Und natürlich von This Is Fine, lieber Carnage Rage, haben es die Flammen auch aufs Foto geschafft. Let's go. Hanti, das Foto ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich markiere dich dann noch auf einer Insta-Story, auf einer Twitch-Story. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. So, Chat. Ich habe jetzt viel nicht gelesen. Ich weiß, wir haben ein gutes Thema vorhin, aber I'm so sorry, es ist wirklich fast jetzt ein bisschen unmöglich, das noch nachzulesen. Ich habe, glaube ich, alle begrüßt. Let's go. Oh Mann, Troy dachte gerade, mein Handy sei... Ohne Scheiß. Das war auch so ein bisschen mein Gedanke, dass je nachdem, wenn man gerade nicht so hinguckt und dann guckt man auf den Bildschirm oder aufs Handy und hat es noch Fullscreen, dann wirkt es so, ne? Holy shit, das gross. Dann wirkt es so, als wäre da was kaputt auf dem Bildschirm. Und Troy sein Schnittel brennt auf dem Boden. Es gibt im Fall so viele Sachen, wo oder noch aufs Foto draufschmuggeln können, die ihr noch nie gemacht habt. Ja? Und ich erweitere das auch tatsächlich immer mal wieder. Er ist ein bisschen gross. Der tut mich da ein bisschen, verwehrt mich ein bisschen da, das Franziskus. Zudem brauche ich den Franziskus für den Bossfight. Jetzt vibriert das Haus schon. Das ist schon. Das hat noch Bluetooth und so. Wi-Fi 7. Chat. Hey, was meint der Chat? Sind ihr ready für Giveaway-Ziehen und so? Bin ich überhaupt ready? Ich weiß es nicht. Haben wir die richtige Musik für das Giveaway? Chat, ich will Einsen sehen im Chat, wenn ihr ready seid für das Giveaway. Ich kann ja auch offline gehen. Ne? Vielleicht denken jetzt die Leute, nee, Troy, heute nicht mehr. Ne? Heute habe ich keine Lust mehr. Let's go, ready. Chat ist ready. Lieber Chat, und ich bin da, ich darf die sein, wo schaut, dass also endlich die Giveaways gezogen, also die Gewinner gezogen werden, Chat. Das ist meine Aufgabe heute. Und ich habe da Haufen Knöpfe vor mir, aber ich weiss gar nicht richtig, wo ich drücken muss. Ich drücke jetzt auch mal hier auf eins von denen da. Okay, wir gehen mal da rein. Target User. Der Troy hat da nicht richtig programmiert. Gehen wir nochmal schnell raus. Gehen wir nochmal schnell rein. Jetzt stimmt's. Oh, Hanti. Hi, Hanti. Bist du auch hier? Chat, der Hanti ist auch hier. Und Jute ist auch hier. Und Fienchen ist auch da. Und der Ullen ist auch da. Oh nein, jetzt habe ich aber das Problem. Darf ich dir meine Würfelsammlung zeigen? Schon wieder? Schon wieder? GG Massi. Chat, Moment mal schnell. Die Treulina muss jetzt hier noch schnell die Giveaway-Seite aufmachen. Aber allerletzte Chance, Chat. Allerletzte Chance. Ausrufezeichen Ticket. Ausrufezeichen Ticket zum Mitmachen. So, Chat, wir haben 63 Leute. 63. 64 Leute. Also, wer jetzt noch dabei sein will, Ausrufezeichen Ticket. Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr dabei seid, Ausrufezeichen Ticket. Aber wir haben 64 Leute drin. Schippo, du bist drin. Senpai, du bist drin. Also, wenn der Bot sagt, too many tickets, ist alles gut. Weil dann habt ihr euch ein Ticket gekauft.
So, Chat. 64 ist die Zahl. He? 64 ist die Zahl. Da bleiben wir. Machen das Giveaway zu. Weil ich muss es zuerst zumachen, ich muss es schliessen, damit ich einen Gewinner ziehen kann. Close Giveaway. Wir können jetzt nicht mitmachen, Chat. Und ich ziehe einen Gewinner. Lisa Lee. Lisa Lee. Lisa Lee, du musst claimen. Ja? Einmal in den Chat hineinschreiben, Lisa. Und Big Buddha, sag mir jetzt bitte nicht, dass du nein, du bist zu spät. I'm so sorry, Big Buddha, du bist leider zu spät. Lisa Lee, ich muss schnell tracken. Ich muss tracken. Lisa Lee hat noch nicht geschrieben. Oh, Lisa Lee, das ist schon ein bisschen länger her. Lisa Lee, ich gebe dir. Ich muss dir die Uhr führen. 2 Minuten ab jetzt. 2 Minuten ab jetzt. Bitte einmal einfach in den Chat reinschreiben, dann kannst du dir noch was auswählen, ne? Einen Gewinn auswählen, aber zuerst einfach mal reinschreiben, einfach Oh hi oder Hallo oder Lull oder irgendwas reinschreiben. So, Chat, wir warten noch schnell. Ich schaue, ob... Nein, ich habe noch nichts gesehen. Lisa Lee. Könnt ihr Lisa Lee bitte... Lizzie, nein! Nein. So funktioniert das nicht. Könnt ihr bitte Lisa Lee... Genau, Uli hat getaggt. Läutet mal Lisa Lee an. Lisa Lee, bitte an die Kasse 1. Den. Oh, wie viel Zeit haben wir? Noch 1 Minute, Chat. 1 Minute. Lisa Lee, du musst claimen. Ich habe immer Angst, Chat. Ich habe immer Angst, dass ich nachher die nächste Person ziehe und 10 Sekunden später kommt dann die ursprüngliche Person noch rein. Da hat die so ein schlechtes Gewissen. Aber Chat, so sind die Regeln. 50 Sekunden noch. 50 Sekunden. Wenn ich sage, jetzt ist es vorbei und Lisa Lee, du hast nicht geschrieben, dann muss ich die nächste Person ziehen. Mitmachen und nicht rum sein. Lisa Lee, come on, please. Please. When heavens fall, I will be your light. Love will survive. In this hell you are my paradise. Blah. Decor, merci. 5, 4, 3, 2, 1. Wir müssen neue Gewinner ziehen. Lisa Lee, I'm so sorry. Aber so sind die Regeln, ne? Wir ziehen einen neuen Gewinner, Chat. Es ist immer noch alles möglich. Nochmal schnell einblenden. Ja, Gigi Masse. Chat, next one. Draw another winner. Chiliabo. Bitte in den Chat hineinschreiben. Chiliabo. Please. Und Öma auf YouTube. Grüezi, wie geht's dir? Schön, dass du wieder hier bist. Wie war deine Woche, Öma? Und by the way, wir machen gerade die Giveaway-Ziehung, also die Gewinnerziehung. Man kann aber nicht mehr mitmachen. Hey Tliabo, ich muss nochmal schnell schauen, ich muss schnell tracken. Tliabo, bist du hier? Bist du da? Jetzt muss ich schnell überlegen. Tliabo? Hat Tliabo schon mal gewonnen, Chat? Muss ich gerade schnell meine Notizen aufmachen. Tliabo.
Ah nein, das war etwas anderes, sorry, ich habe es durcheinander gemacht. Teliabo. Wo ist eigentlich die Musik? Ich habe gerade keinen Überblick, Chat, aber ich muss schnell auf die Uhr schauen. Sicher 2 Minuten ab jetzt. 2 Minuten ab jetzt. Und ich schaue nochmal schnell. Teliabo, hast du geschrieben? Hey, Chat, verarscht mich nicht, ne? Oh, come on, please. Chat, Teliabo hat nicht geschrieben, oder? Hey, wo sind denn die Leute? Wo sind denn die Leute? Bitte auch schnell Teliabo taggen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Bitte einmal taggen. Teliabo, wir brauchen dich. Und der Ron Master, grüezi, der Ron Master, wie geht's dir, mein Lieber? Schön, dass du hier bist. Oh Mann, Teliabo, come on, please. Also ich weiss, es steht, darfst du mich als nächstes ziehen, Spul? Yoda? 2 minutes. Ja, jetzt auch nicht mehr. Chat, jetzt auch nicht mehr. Oh, Teliabo, come on. 1 Minute noch. 1 Minute, also jetzt noch 50 Sekunden, Chat. 50 Sekunden, Teliabo, please, wenn du mich hörst, Teliabo. Kommt man es nach der Sendung sagen, hä? Ui. Dr 30 Sekunden. Teliabo Zukaza 1. Ich tue noch mal schnell daran erinnern, einfach das, Alles. wenn jetzt die Personen, Lisa Lee, Teliabo, Alles tut's mir weh. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Es ist Ich stur. meine, jeder kann machen, was Okay, er will. wir weil ziehen den jeder nächsten. steht dazu, was er macht. Nochmal schnell zum Erklären, wie wir das machen. Wenn jetzt die Personen noch reinkommen, ich muss es halt wirklich leider so machen, dass ihr einfach nächstes Mal wieder die Chance bekommt. Also wenn ihr jetzt reinkommen und ich bin immer noch am Ziehen, erst beim nächsten Stream habt ihr die nächste Chance. Chat. Oh, das tut mir so leid für euch, Mann. Aber so sind die Regeln. Ihr seid schlussendlich auch selber schuld, wenn ihr nicht da seid, Chat. Ich kann da nichts führen. Aber hey, Chat, wir machen weiter. Mehr Chancen für den Rest, Chat. Wir haben jetzt schon 2 gezogen. Wir ziehen eine weitere Person. Und es ist Sayuki. Sayuki, please. Bitte in den Chat hineinschreiben. Sayuki habe ich gelesen vorhin, oder? Sayuki ist um. Sayuki ist um. Let's fucking go. Sayuki, oh, wie gut. Gigi, Sayuki, du hast dir einen von diesen Preisen jetzt gesichert. Du darfst aber noch auswählen, was du genau willst. Finally! Hey! Oder wäre es jetzt gewesen, wenn das auch so weitergegangen wäre, Chat? Da hätte ich an mir selber gezweifelt. Also, Sayuki, wir gehen schnell durch. Auch nochmal für euch alle. He? Was haben wir alles? Und by the way, Sayuki, wenn du etwas gesehen hast, was du willst, machst du Ausrufezeichen Claim, Abstand, Nummer von dem, was du claimen willst. Wir haben im Angebot von brack.ch gesponsert noch 4 100 Franken Gutscheine sowie ein Razer Maus. By the way, wenn du mehr zu diesen Produkten erfahren willst, kannst du auch Ausrufezeichen Preis, Abstand, Nummern in den Chat machen. Dann tut mein Bot noch schnell sagen, was ist es genau und vielleicht gibt es noch einen Link dazu. Dann haben wir von Govee geile Beleuchtungsprodukte von Govee. Wir haben noch 3 Produkte. Einmal
quasi, ich sage immer Ambilight, ich weiss, Ambilight ist von Philips, aber man kann sich hinter dem Monitor die Strips machen, plus die beiden Standlichter. Und die werden nachher über die HDMI-Box, wo man das HDMI-Signal eigentlich durchschläuft, angesteuert. Die gleiche Version gibt es ohne die beiden Stehlampen und ohne die HDMI-Box. Das funktioniert dann mit einer Kamera, gibt es auch noch. Also da ganz ohne Durchschlafen vom HDMI-Signal kannst du so die Beleuchtung hinter dem Monitor machen. Dann haben wir noch einfach Lightstrips, Nummer 6 von Govee. Das sind auch ganz normale Lightstrips, die man ansteuern kann. Dann haben wir von WOG.ch diverse Games. The Last of Us Part 2 Remastered, Until Dawn, Horizon Zero Dawn Remastered, Skull and Bones für PC und Xbox, FC25 für Switch und Xbox. Ambilight ohne Philips, genau, M&A. Dann haben wir von mir gesponsert, einer von 45 Franken Steam-Gutscheine. Hardek, du bist leider zu spät. I'm so sorry. Hardek, du bist leider zu spät. Wir sind schon am Ziehen. Aber Hardek, wie hast du es? Nächsten Stream darfst du wieder mitmachen, Hardek. Dann musst du aber ein bisschen früher da sein. Hardek, aber ich hoffe, dir geht es gut. Steam-Gutscheine, das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt muss ich schnell schauen. Ich gehe da nochmal schnell auf die erste Seite. Sayuki, du darfst kein Stress. Wenn du dir noch schnell das genau überlegen, dann machst du das. Ich tracke da schnell deine Nachrichten, damit ich alles sehe, was du schreibst. Wie gesagt, Ausrufezeichen, Claim, Abstand, Nummern, die du claimen willst. Ganz einfach. Und dann ist das alles so ein bisschen automatisiert. Jemand zieht noch Sammelkarten-Chat. Under Pressure. Airfighter mit der Troy Sammer-Karte. Das von Govee, oder wie es heisst, das mit HDMI ist für den Bildschirm, nicht der TV, oder? Genau, das ist für den Bildschirm. So, okay, ich schaue schnell. Übrigens, Senpai Shippo, wenn du noch irgendwie Infos reinkippen willst, go for it. Wenn du noch sagst, hey, ich habe da auch noch etwas zu sagen über das Produkt, dann go for it. Das ist erlaubt. Preis Nummer 3, wir schauen schnell. Der Preis Nummer 3 ist für 27 bis 34 Zoll Monitore. Während das Nummer 4, das ein bisschen anders funktioniert, eben mit einer Kamera statt HDMI durchlaufen, ist für 24 bis 32 Zoll Monitor. Also das ist natürlich auch wichtig, dass es passt für deinen Monitor. Und ich sage jetzt mal natürlich, also wenn dein Fernseher ein kleiner Fernseher ist, bis 34 Zoll, würde ich jetzt mal behaupten, ein HDMI-Signal kannst du dann auch quasi dort durchschlafen am Fernseher, das geht dann schon auch. Aber ich glaube, die Grösse wäre dann ein Problem. Hey, Tliabo, Scheisse, Mann. I'm so sorry, Tliabo. I'm so sorry, aber du bist selber schuld. Ich hätte dich gezogen. Aber Tliabo, leider ist heute für dich die Chance vorbei. Ich weiss, das ist jetzt ein bisschen scheisse, weil ich ziehe noch Leute, aber ich kann dich nicht nochmal ziehen. Das ist gar nicht möglich. You know. Du hast den nächsten Stream, aber sicher, es hat noch genug Preise, den ganzen Dezember. Den ganzen Dezember lang. Tliabo. Mach einfach nächstes Mal wieder mit. Und bitte mach nächstes Mal mit. Ich hoffe so sehr, dass ich dich nochmal ziehe, aber Idees war die Idees. I'm so sorry, aber ich hoffe, du verstehst es. So, jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Und wenn der Monitor curved ist, ausser TV, also ja, 65 Zoll, da wird natürlich nicht funktionieren. Wenn der Monitor curved ist, sehe ich kein Problem. Weil das sind ja so Stripes, die kannst du auch leicht curved ankleben. Du klebst die hinten an, das ist kein Problem. Solange es im Rahmen von diesen Zoll ist das alles gut funktioniert. Hey, Tliabo, viel Liebe für dich, Mann. Und I'm so sorry. Ich fühle mich mega schlecht, aber ich werde jetzt da auch nicht die Regeln biegen. Gell? Ich hoffe, du verstehst das. Ja, von mir noch mal ein Hug. Lieber Chat, ist ein Hug für den lieben Tliabo. Wo leider gerade dann in dem Moment nicht rum war. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann, Tliabo, Mann. Und Sayuki, sag mir, wenn ich noch irgendwie durchswitchen soll, wenn du noch sagst, hey, sag mir noch mal, was es so hat, ich kann da schnell einblenden.
100 Franken brack.ch Gutschein. Let's go, Sayuki GZ. Gute Wahl. Ein 100 Franken brack.ch Gutschein für die liebe Sayuki. Und liebe Sayuki, wir beenden schnell die Musik. Du darfst jetzt natürlich noch schnell ein paar Worte ins Mikrofon hinein sagen. Also vor allem in das eine Mikrofon, das du gerade vor deinem Maul hast. Du darfst da natürlich noch schnell ein paar Worte in den Chat hineinschreiben, die dann vorgelesen werden vom TTS, wenn es dann überhaupt geht. Hey, Schippo hat noch geschrieben, du das noch ergänzen, ich kann es nicht einblenden, aber Schippo hat noch geschrieben, du hast es super erklärt, alles Top-Produkt von Govi. Es ist mehr als geil, wenn man am PC Games machst mit 3 und 4 alles richtig. 3 ist von Vorteil, wenn PS oder andere Konsolen-Gaming hast, halt direkt Farbspiel vom Game via HDMI. Genau. Merci nochmal für den Input. Und Sayuki ist ganz neben den Schuhen. Sayuki, wenn du noch etwas willst, sagen willst, da. Merci vielmals. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos und meine Katze hat leider jetzt das Herzkasperli bekommen, weil ich so aufgespringen bin, Sayuki LOL. Nein! Oh, hey, also es freut mich natürlich riesig für dich. Und, knuddel deine Katze ein, ist von uns allen, liebe Sayuki. Und 100 Franken, das ist geil. So, jetzt machen wir noch. Einen Applaus. Das funktioniert. Hey, alles habe ich gefixt, Chat. Alles, was letztes Mal nicht funktioniert hat, habe ich gefixt. Und wir machen natürlich jetzt noch ein Foto mit dir. Sayuki, wir machen noch ein Foto mit dir. Und jetzt ist es auch richtig auf dem Bild, der Gutschein. He? Lieber Chat, alle einmal Ausrufezeichen Foto in den Chat hineinschreiben. Dann kommt ihr mit eurem Profilbild da, mit der Sayuki und mir und dem Preis aufs Foto. Da füllen wir jetzt ganz sicher sehr schnell die 37 Plätze. Es hat so viel Platz, wie es hat. Der schneller ist der geschwinder Chat. 8 Leute, 7 Leute können noch drauf. Tech ist auch drauf, let's go. Noch schnell schauen, was ich noch geschrieben habe. Wie so oft sind Regeln einfach Regeln, damit sowas überhaupt funktioniert. Es war ja auch gut kommuniziert, wann gezogen wird. Schade, klar, aber irgendwie muss es bestimmt werden. Hey, es ist leider so. Wie gesagt, also, mir tut es mega weh, wenn so etwas passiert. Auch Lisa Lee, wenn jetzt du plötzlich noch rum bist. Also Teliabo, vielleicht hilft das ein bisschen. Aber die erste Person war auch nicht rum, die ich gesagt habe. Die Lisa Lee ist leider auch nicht rum. Vielleicht ist die Lisa Lee jetzt rum, I don't know. Aber auch für dich, I'm so sorry. Hey, alles gut, ja, aber alles gut. Alles gut. Ich sage, nächstes Mal mitmachen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und vielleicht kannst du noch mal etwas sichern dann. So, wir sind voll. Wir machen ein Foto-Chat. Sayuki, eine Frage noch schnell. Streamst du noch? Das war ein bisschen früh. Ja, also dann blende ich bei dir die URL ein. Das ist eigentlich das Einzige, was ich wissen muss. Weil dann steht oben an deinem Namen noch Twitch-URL, was so andeutet, dass du auch streamst. So, Chat. Wir machen ein Foto. In 7 Sekunden. No, God! No, God, please, no! No! Wieso? Jetzt schaue ich so verwirrt rein, Mann, weil die Nase nicht gegangen ist. Die Nase ist leider nicht gegangen, Chat. Aber hey, Sayuki, da unser Foto. Jetzt auf Discord, ich bin ein bisschen verwirrt, aber geht's jetzt nochmal zu dem. So, ich muss da schnell. Holy shit. No. Oh, jetzt ist die Nase da, es ist ein bisschen verspätet gekommen, Chat. Oh no. So, es ist aber noch nicht vorbei, also geht jetzt nicht schlafen, Chat. Wir haben. Aus dem restlichen Pool von Leuten, die noch mitgemacht haben, ziehen wir noch 2 weitere. Chat. 2 weitere. So, lieber Chat.
Alles nochmal schnell einrichten, sind ihr ready? Also alle, die mich jetzt hören, he? Jetzt müsst ihr an den PC kommen. Kommen an den PC, kommen das Handy, kommen das Tablet, ob Apple oder Android, das ist mir egal. Jetzt müsst ihr da sein. Wir tun jetzt googeln. Zollkosten Deutschland. Okay, gut. Okay, Chat. Wir ziehen einen weiteren Gewinner. Und die Musik passt. Soy Soville. Draw another winner. A. Lannister. A. Lannister. Habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Ich habe Angst, Chat. A. Lannister. Bitte melden. Bitte in den Chat hineinschreiben. Bitte schnell eine taggen. Merci vielmals, Chat. Danke vielmals, ihr macht das super. A. Lannister, come on, please. Chat. Wenn ihr bei einem Giveaway mitmachen, Chat, dann müsst ihr auch rum sein. Es ist einfach nicht so detailliert. Den gleichen Leu haben wir auf der Stadtwappen. Das ist tatsächlich. Das ist das Lannister-Wappen von Game of Thrones. Das ist das Lannister-Wappen. Hey, Lannister, please. Schnell schauen. Oh, das letzte Mal geschrieben vor 30 Minuten, 31 Minuten. Hey, Lannister, please. Double-Click, Mann, grüezi. Wie hast du das Double-Click? Schön bestehen. Schön bestehen. Ich muss noch mal einen Countdown starten. Chat, heute machen wir es nicht einfach. He? Jetzt habe ich schon ein bisschen gewartet, Chat. Das heisst 1,5 Minuten. 1,5 Minuten ab jetzt. Merci für den Lurk-Support, Techie. Der Techie hat keine Nerven mehr. Der Techie dachte so, ich habe keine Nerven für das. Gut, erst jetzt können will arbeiten damit. Oh, Double-Click, I'm so sorry. Ja, nein, leider nicht. Wir haben ja schon müssen zumachen, weil wir sind schon am Ziehen. Double-Click aber auch für dich. Celiabo, welcome back. Auch für dich, nächsten Stream. Wir haben noch den ganzen Dezember lang. Und ich sage es jetzt, nächster Stream ist am Dienstag, Chat. Am Dienstag. Dienstag. Wir machen es wieder so wie immer. 19 Uhr. Vielleicht komme ich auch früher live, aber die Ziehung ist sicher auch wieder zwischen 10 und 11 Uhr. Am Dienstag kommt die nächste Ziehung. Und vielleicht kannst du ja dann dabei sein. Tliabo, ja, am Dienstag. Sorry, vielleicht habe ich es dir falsch gesagt. Irgendwie völlig. Am Dienstag, ja. Dienstag nächste 3 gewinnen. He? Was ist das für ein beschissener Tag? Come on. Hey, A. Lannister, please. Ich sehe es nicht. Ich glaube, es sind noch 20 Sekunden, Chat. 20 Sekunden, A. Lannister. Oh, heute ziehe ich viele Gewinner, die nicht rum sind. Das haben wir letztes Mal habe ich gezogen und sind alle rum gewesen. Sagt mal, ist mein Content so langweilig, Chat? Liegt es an mir? Ziehung. Ich schaue schnell. Oh, ja, sorry, aber jetzt weisst du es. Zwischen 10 und 11 ist die Ziehung. Auch am Dienstag tue ich jetzt so definieren, machen wir nicht anders am Dienstag. Dienstag, du kannst, wenn ich anfange zu streamen, so ab 19 Uhr circa, by the way, sag ich jetzt, hey Lannister, es ist vorbei, wir müssen nochmal jemanden ziehen. Chat, Mann. What are you doing? Genau, Dienstag. Einfach mitmachen, wenn ich online bin, Ticket und dann zwischen 10 und 11 auch rum sein. Okay? Ich lese immer Gigi Massi. Das ist halt so true. Und das Geile ist, der Massi ist nicht einmal dabei. Wo ist denn der Massi überhaupt, Chat? Kann mal jemand im Massi schreiben? Er soll auch mal mitmachen.
Few So. moments later. Wir ziehen die nächste Person, Chat. Sassi. Ja, true. Draw another winner, Chat. Draw another winner. Jona. Jona Ratio 99. Come on, please. Einmal in den Chat hineinschreiben. Dann kannst du dir etwas auswählen. Einmal in den Chat reinschreiben, Juna. Und neu habe ich jetzt immer ein Aluhütchen auf, wenn ihr das macht. Chat, ich gehe jetzt dann offline. Surprise, motherfucker. Ich habe jetzt die Nase voll. Jona. Lose, you will. But learn, you must. Huh? From defeat, strength grows. Chat. A new path you will find. Shaya. Shaya, sie hat noch nicht geschrieben. Chat, wir machen noch, ich muss schnell 45 Sekunden. 45 Sekunden. Fuck. Sorry, die Effekte gehen halt nicht mit dem Zoom gehen sie in dieser Szene nicht, I'm sorry. 20 Sekunden. Juna, please. Wenn du bist, wenn du mich hörst, Juna Ratio 99, jetzt schreiben. Die letzten 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Next one. Hey, Chat, come on, please. Also, wenn jetzt das noch eine Stunde so weitergeht, dann gebe ich dem Tliabo einfach einen Preis. Nein, Chat, wir machen es so, wie wir es machen. Also, es haben genug mitgemacht, genug von euch sind da. Sweet Caroline. Da, da, da. So, Chat, also, lasst mich nicht hängen da. Lasst mich nicht hängen. Jetzt, now is the time. Jetzt mache ich da einen Schnelldurchgang. Draw another winner. Draw another winner. Gattorino CH. Ohne Profilbild. Oder ist etwas kaputt? Gattorino CH. Oh, war der ist auch nicht um? Also haben Sie schon geschaut? Oder was? Ich kann eigentlich auch in der Viewerlist schauen. Das mache ich sonst nie, aber... Gattorino CH. Gatorade. Nein, Gattorino. 2 Minuten. Chin one. Reaching out. Touching me. Touching you. Sweet Caroline, Gattorino, bitte melden. El Gattonato. Hello there. Ja, Jenny, sagen Sie, schleift es eigentlich? Ihr verarscht mich, oder, Chat? Da machen ihr absichtlich. Alle guten Dinge sind 7 oder so, ja. Schippo. Das ist unglaublich, Chat. El Gattorino Capture Card. Das ist nicht schlecht. Gattorino, please. Wenn du mich hörst, ich kann ja Schweizerdeutsch reden. Das CA steht für die Schweiz. Ja, Timer, jetzt bin ich halt neben der Schuhe. 45 Sekunden ab jetzt, Chat. Das ist, wenn, dann sind es mehr als 2 Minuten gewesen jetzt. Ich lese schnell noch ein bisschen Chat.
Regeln sind... Listen! Listen. Eben, wie war es mit den Tickets erst später öffnen zum Kaufen? Nicht gerade schon Anfangsstream. Ja, könnte ich schon machen, aber dann ist was dann doof ist, ich sage, hey, wir haben ein Giveaway, aber wenn dann die Leute kommen und fragen, hey, wie kann ich mitmachen, dann sage ich, ja, kannst du noch nicht mitmachen. Ja, ist dann auch ein bisschen schade. Ich meine, ganz ehrlich, so ist es ja fair, wenn ich sage, man muss rum sein. Es ist auch schade für die Leute, die nicht rum sind. Also, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie verrückt werde, weil die nicht rum sind. Also, ich finde es schade. Ich finde es schade für die Leute, die nicht gezogen haben. Und jetzt haben wir schon einige gezogen. Chat, 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. So, was hat der Schippo gesagt? Alle guten Dinge sind 7 oder so? Chat, Mann. So, wir machen weiter im Text. Ich weiss jetzt wenigstens langsam, wie das funktioniert. Ich weiss wenigstens, welche Knöpfe ich muss drücken, Chat. Jesse, Elfe. Alle, die Jesse Elfe kennen, jetzt schreibt. Jesse. Oh my fucking God. Jesse, Cheese. Jawoll. Jesse, let's fucking go. Also, liebe Jesse. Übrigens, mega schönes Lied. Jesse, du darfst dir jetzt was auswählen. Jetzt ist es so, Jesse, ich weiß, dass du aus Deutschland kommst. Und ich habe noch keine definitive Lösung. Aber im schlimmsten Fall, wirklich schlimmster Fall kann ich anbieten, dass ich bei Produkten, die ich nach Deutschland schicke, die ein bisschen größer sind, die Hälfte der Portokosten übernehme. Aber man muss sich bewusst sein, dass noch Zollkosten dazukommen können. Das wäre die allerschlimmste Variante, wie wir das lösen können. Vielleicht finde ich aber noch eine bessere Variante, wie ich das günstiger da nach Deutschland kriege. Jesse, es sind natürlich nicht alle Produkte davon betroffen. 100 Franken Pack.ch Gutschein, Pack.ch Online-Händler liefert in die Schweiz und nach Liechtenstein. Ganz wichtig. Aber du hast ja auch Kontakte in der Schweiz, also wenn du sagst, hey, das kann ich trotzdem brauchen, dann go for it. Dann gibt es eine Razer-Maus, da sehe ich kein Problem, das nach Deutschland zu schicken. Aber die Jutti möchte die auch, ne? Einfach, dass es gesagt ist. Dann haben wir Govi-Produkte. Hier könnte es sein, hier kommt das zum Zug mit dem Porto und den Zollkosten, Chat. Und liebe Jesse, Govi, geile Produkte, Beleuchtung, kann man sich hinter den Monitor machen. Aber dann musst du auch gucken, dass du die richtige Größe vom Bildschirm hast. Wenn du nicht sicher bist, dann frag bitte. Ich mache da noch kurz, ich tracke dich noch, damit ich dich sehe, was du alles schreibst. Jesus Christ. Auch wirklich kein Stress, ne? Nimm dir Zeit. Wenn du Fragen hast hier zu den Govi-Produkten, Fragen. Wir haben noch Schippo im Chat, der kennt sich auch aus mit den Govi-Produkten. Dann, Chat, Jesse. Von wog.ch, hier spielt es keine Rolle, das sind Game Keys, die schicke ich dir digital. Aber, Jesse, alles gut. Runterkommen, kein Problem, ne? Kein Problem. Ich freue mich mega für dich. Game Keys, hier kein Problem, wenn du ein Game willst, dann bekommst du einfach den Key dazu, den du einlösen kannst für PS5, für Switch, für Xbox, PC und so weiter. Also so, wie es dann halt jeweils angeschrieben ist beim Spiel. Dann gibt es von mir gesponsert noch die Möglichkeit für einen 45 Franken Steam-Gutschein, was dann ca. 48 € wären. Das können wir digital, aber kann ich dir auch physisch schicken, wenn du das so möchtest. Genau, 48 € in Deutschland. Oh, Jesse wird umarmt und Mr. Blatch wird auch umarmt. Oh.
Sayuki, merci vielmals. Das schauen wir auf jeden Fall noch an. Das schauen wir auf jeden Fall noch an. Merci vielmals, das ist mega wertvoll. Ich beziehe mich schnell auf einen DM, den ich gerade bekommen habe. Da schauen wir dann auf jeden Fall an. Fühlt euch alle umarmt, muss aufpassen, was Troy mir jetzt sagt. Das sind eigentlich die Dinge. Ne? Brag.ch-Gutschein, Schweizer Online-Händler, die Maus von Razer, die Nummer 2. Eines der Govi-Produkte, 3, 4 und 6. Wie funktioniert das mit Points übertragen? Weiss das gerade jemand, Chat? Weiss das gerade jemand? Ihr möchtet das immer. Ich weiss es eben selber nicht, Speck. Aber Chat hilft da. Irgendjemand von Chat hilft sicher da schnell weiter. Nochmal schnell wog.ch mit den Game Keys. Und by the way, Jesse, wenn du dich für was entschieden hast, kannst du einfach Ausrufezeichen Claim, Abstand, die Nummer reinschreiben. Dann wird das alles automatisch, ne, kommt es da weg, kommt da groß einmal, wird das angezeigt und dann hast du das quasi geclaimed. Gift Points, Username, okay. Aber Chat, ich finde es schön, haben wir doch noch jemanden gezogen, der rum ist. Und wir sind immer noch in der Zeit, also wir haben nicht einmal Stress. Also wir ziehen dann noch dritte Person, also lieber Chat, wir müssen jetzt auch noch nicht gehen. Es gibt immer noch einen weiteren Gewinner dann. 300 Treuepunkte für den DJ Flevio. Okay, let's go. Die Nummer 15, Jesse, die Nummer 15. Ja, alles, ey, Jesse, mach dir alles gut. Alles gut. Wir haben keinen Stress. Let's go. Jesse entscheidet sich für den 45 oder 48 Euro Gutschein, Jesse. Ich schreibe dir dann noch, ne? Oder du kannst mir auch noch irgendwie dann eine DM machen, kannst mir sagen, ich möchte das physisch oder ich möchte das einfach digital. Wie du willst. Wenn ich es dir per Post schicke, dann... Ja, nee, wahrscheinlich müssen, ja, egal, wir gucken das noch an. Ich denke jetzt an die Zollkosten wieder, wegen 45 Euro. Kann es sein, dass der Zoll wieder da was will. Aber egal. Digital, machen wir digital, dann haben wir da keine Kosten. Jesse, let's go. GZ und, jetzt geht's noch weiter, Chat. Das weg. Jesse bekommt von Franziskus den Steam-Gutschein, 45 Franken. Und Jesse, hast du noch Worte für uns? Du kannst jetzt was in den Chat reinschreiben, das wird dann per TTS vorgelesen. Wenn du noch was sagen willst. Ein paar nette Worte. Dann darfst du das gerne. Stief, heu du! Ah, die Musik, Chat. Ich möchte nur sagen, dass ihr alle super tolle Menschen seid und ich euch alle digital umarme. Oh, Jesse. Einmal, lieber Chat, einmal, wer es noch nicht gemacht hat, die liebe Jesse Elfe umarmen. Let's fucking go. So, Chat, wir machen noch ein Foto. Wir machen natürlich noch ein Foto. So, einmal bitte alle Ausrufezeichen-Foto eingeben in den Chat. Dann kommen wir mit eurem Profilbild zusammen mit der Jessie im Gewinn und mehr auf das wunderschöne weihnachtliche Foto. So, Gewinnerin habe ich eingestellt. Stimmt alles, Chat? Jessie, ich frage jetzt auch dich. Streamst du noch? Oder streamst du irgendwann wieder mal? Ja, du hast ja auch gestreamt, ne? Weil ich würde da einfach mal die URL auch mit reinnehmen aufs Foto. Dann sieht man, dass du auch streamst.
So, jetzt ist die Frage, wie lange geht es, bis wir die dritte Person sagen, hey, Chat. Also jetzt sind sicher, jetzt ist sogar der Tiliabo wieder da. Tiliabo, bist du... Oh, wir sind leider schon voll. Also wenn jemand aufs Foto wegkommt, wir sind leider voll 37 von 37. Dann habe ich Stream aktuell nicht, schließe es aber nicht aus, dass es weitergeht. Dann lasse ich die URL drin. Dann macht das so am meisten Sinn. So, Chat. Foto in 7 Sekunden. Jesse, hier unser wunderschönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Insta-Story, wo ich dich markiere, wenn ich dich finde. Das mache ich mit allen so, die jetzt auf dem Foto sind. Und, merci Specko, danke vielmals. Ja, das war es, oder? Ist es das für heute, Chat? Hä? Ah, nicht? Ah, müssen wir noch einen? Chat. Let's go. Eine Person müssen wir jetzt heute noch haben, Chat. Eine Person, die oben ist, braucht es noch. Einer geht noch, Chat. Zu dieser epischen Musik. Ich muss es noch schnell einblenden, dass es hier transparent bleibt, Chat. Zu dieser epischen Musik mache ich nochmal Draw Another Winner. Und jetzt wette ich aber, das direkt erledigt haben. Was ist das? Ich weiß nicht, wenn ich «Was ist das» letzte Mal gelesen habe. Schnell schauen. Vor 2 Stunden. Was ist das? Was ist das, please? Einmal im Chat melden. Einmal im Chat melden. Geiles Profilbild, by the way. I like. Wait a sec. Aber das ist ein Schauspieler, oder? Schnell auf die Uhr schauen. 1 Minute und 45 Sekunden. Ja, dann sind wir fair. 2 Minuten für alle. Wer ist das? Schnell schauen. Was ist das? Sehe ich noch nicht. Du hast noch nicht geschrieben. Was ist das? Please. Melde dich. Melde dich. Wieso ist das? Nein. Warum ist das? Heute ist... Hey, also, vielleicht schreibt, was ist das noch? Aber es ist schon ein bisschen der Wurm drin heute. Troy beendet jetzt den Stream. Ich mache das nie mit, Chat. Nein, sag ich. Sag ich. Es ist wirklich... Ich glaube, heute haben wir wirklich Pech. Ist heute noch irgendwie etwas los? Also, ich meine, kann ja sein, dass irgendwie... Ist noch irgendwie ein Match oder so? Ist ja irgendwie... Irgendetwas, so ein Event. Schlag den Rab oder keine Ahnung. Liebe Kinder, Alkohol trinken im Stream, das geht gar nicht. Wenn ihr Alkohol trinkt, dann nicht im Stream, wo es alle sehen könnt. Ihr seid ein Vorbild als Streamer, da solltet ihr auf keinen Fall Alkohol trinken. Hört, ja. Also auf Spoo, wenn du wieder anfangen zu streamen. Ja. Was hast du erlebt, du hure Banane? Da mit dem Alkohol, da muss man halt schon im Griff haben. Hey, ich muss schnell schauen, sorry. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Bananen. 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Wir ziehen den nächsten Gewinner und ich bedanke mich noch bei Java. Merci vielmals, Java, für den Raid. Und wie war dein Stream und was hast du gegamet? Valorant, sehe ich das richtig? Valorant. By the way, wir machen gerade Sieg von den Gewinner vom Giveaway, aber leider kann man nicht mitmachen. Java, aber am Dienstag bin ich wieder live und wenn du dir auch noch die Chance willst, sichern, dann kannst du dann noch mal dabei sein. Chat, wir arbeiten da schon noch heute, oder? Ihr habt das Vertrauen auch, oder? Heute haben wir viele gezogen, Chat. Holy moly, haben wir nicht viel gezogen.
So, draw another winner. Schmatz! Lost One, merci. One-218 rated mit 6 Lüt. Lost One, merci vielmals für deinen Raid. Schmarz, sorry. Ich komme, liebe Raiders, ich komme direkt wieder auf den Raid zurück. Ich muss nur kurz gucken, ob die Person im Chat ist, ne? Hey, come on, Schmarz, please. Ich muss schnell schauen. Ah, da, let's go. Du musst noch nicht claimen. Du musst noch nicht Hey, Okay. Wir nehmen uns kurz die Zeit. Schwarz, wir nehmen uns schnell Zeit, aber ich gehe schon mal auf den Screen. Du darfst claimen, wenn du willst. Liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, Spielereien, Effekten, viel Gelaber. Giveaways heute, ne? Die letzte Person, die wir jetzt noch gezogen haben, Schmarz, hat noch einen Preis gewonnen. Und später machen wir dann noch Gameplay. Und wie geht's euch denn, liebe Raiders? Schön, dass ihr hier seid. 100 Franken, brack.ch Gutschein, kurz und schmerzlos. Schwarz, GZ. Mache das da weg. Dann der Franziskus kommt mit dem Gutschein. Und natürlich auch, Schmarz, willst du noch etwas ins Mikrofon hinein sagen? Du darfst sehr gerne natürlich noch etwas ins Mikrofon hinein sagen. Kurz und schmerzlos, let's go. So, und jetzt ich muss hier ein bisschen Multitasking machen. Lost One. Was gab's denn bei dir? Valo? Gab's auch Valo? Warst du mit Java unterwegs, Lost One? Merci, Troy, du bist der Geilste und jetzt müsse ich leider fertig arbeiten. Schmarz, jetzt machen wir zuerst noch das Foto zusammen. Let's fucking go. Also, nochmal schnell für alle, Ausrufezeichen, Foto, alle schnell aufs Bild kommen, machen wir die 37 schnell voll. Schmarz ist auf dem Bild, der Gewinn, 100 Franken, brack.ch Gutschein und meine Wenigkeit und natürlich ihr, die beste Community, die man sich wünschen kann, lieber Chat. Alle bitte einmal Ausrufezeichen, Foto. Heute halt Valorant und From Software Games Minecraft. Okay, let's go. Valorant, Mann. Irgendwie, manchmal reizt es mich, mal ins Valorant wieder reinzugehen. Ich war eine streng, aber I don't know. So, jetzt müssen wir schnell schauen. Zuerst machen wir das Foto. Dann würde ich sagen, wir machen nachher mit Lost One noch das Foto. Ist das okay? Machen wir das so? Eins nach dem anderen. Lieber Chat, eins nach dem anderen. Ich muss dann auch schnell den Bossfight-Check machen. Okay, wir sind leider voll Kasse. Es hat leider keinen Platz mehr auf dem Foto. I'm so sorry. Not like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the five and the So, mal schnell schauen, dass da alles stimmt. Schmarz mit URL. Mit URL. So, Chat. Wir machen das Foto. Sind ihr ready? Ein wunderguten Abend miteinander. Ihr Geile. Was ist denn da los? Ne Scheia, Mann. Ne Scheia halt auch da, du Geile. Ja, wir haben gerade jetzt Gewinner gezogen vom Giveaway. Schmarz, noch die letzte Person, die sich also für heute, nur heute die letzte Person, die sich noch einen brack.ch Gutschein gesichert hat. Und wir machen jetzt noch schnell das Foto in 7 Sekunden, Chat.
This is fine, Chat. This is fine. Es wird immer besser, Chat. Es wird immer besser. Schmarz, da unser wunderschönes Foto. Aber jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Schmarz, es kann sein, dass du auch ein bisschen brennst. Ein Flämmchen ist so ein bisschen zu dir rübergekommen. Aber jetzt auf dem DC, ich markiere dich dann auch noch in einer Insta-Story, Twitch-Story und so weiter. Und by the way, ich habe es vorhin gar nicht gesagt, Fotos kann man sich natürlich auch in physischer Form bestellen, lieber Chat. Ob mir das mit dem This is Fight leid tut? Nein. Es ist jetzt einfach immer drauf. So, Chat. Subbanner ist besser. Sagt Big Buddha. Jetzt komme ich nicht raus. Subbanner. So, Chat. Ich muss mich schnell wieder sammeln. Wo sind wir gewesen? Machen wir noch das Foto? Ich glaube, wir müssen noch das Foto machen. Last One. Wir machen jetzt mit Last One noch das Foto. Start, Foto. Foto, Start, Rate, Foto. Ich weiss nicht, wie der Last One. Jetzt. Sorry, ich habe den Command nicht mehr gewusst. Aber ich muss noch schnell erklären. Java, bist mir nicht böse, aber komm aufs Foto. Direkt Ausrufezeichen Foto eingeben. Java, bist mir nicht böse, aber bei den Einer-Rates mache ich halt kein Foto. Soll einfach nicht böse sein. Aber du kannst jetzt noch drauf kommen, dann machen wir mit Last One noch eins. Und dann muss ich da noch das Knöpfchen. Ja gut, wir machen den Bossfight. Darf ich nur schnell... Ich habe nur eine ganz scheuche Frage, Last One. Weil es hat eben nicht aufgezählt, sehe ich gerade. Hast du geradet, nachdem du offline gegangen bist? Ich muss es nicht, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich frage das nur, weil ich muss verstehen, was ich bei mir muss anpassen muss, damit ich das nicht habe. Weil die Animation ist aber auch nicht gekommen. Das passiert eigentlich nur, wenn du offline gehst oder nur ganz kurz live gewesen bist. Einfach zum Verständnis. Also kannst du mir auch DM schicken, wenn du willst. Ich denke, du hast nicht lang... Okay, Java, du hast auch nicht lang gestreamt. Dann hat wahrscheinlich Lost, aber auch nicht lang. Ja? So, ich sage gutes Nächtchen und noch guten Stream Nachti miteinander, Chat Nachti, treu, blah! Hey, D-Car, mach's gut. Schlaf ganz gut, schön bist du dabei gewesen und bis zum nächsten Mal, D-Car, bye bye. By the way, Chat, Ausrufezeichen Foto, wer noch nicht getroffen ist. Es hat noch Platz, ne? Hat noch viel Platz. Doch so 1 Stunde. Offline. Ja, egal, dann bist du offline gegangen und hast erst nachher geradet und dann wird es bei mir eben als Offline-Raid angezeigt. Und dann zählt es eben das Zeug amigs nicht auf. Aber wir sind schon bei 15, also ist kein Problem. Dann muss ich aber noch schnell manuell Add Dungeon Leader machen. Add Dungeon Leader. Dann mache ich das für dich, Last One. Und mache das aber auch für Java. Dann hat Java auch noch etwas vom Raid. Mache ich euch als Dungeon Leader rein. So, Chat, Verwirrung. 29 Leute, Chat wird noch jemand drauf. Und, Last One, willst du dir noch etwas auswählen auf der linken Seite? Du kannst dir da noch was auswählen, ne? Was neben dir aufs Bild zählt. Swiss Uli auch noch. Let's go. 31 Leute. Sir Simple ist auch noch drauf. Ausrufezeichen Twitch gehört dazu. I don't know. Hi-Racer hat da noch geschrieben, er hat nach dem Offline... dann ist das der Grund. Okay, dann verstehe ich es. Ja, da kann ich eben nicht ändern. Das kann ich tatsächlich nicht ändern, wenn es so ist. Aber dann habe ich jetzt das... Dann machen wir da noch schnell. Machen wir da für den Last One, holen wir schnell alles nachher. Und dann nochmal schnell deine Animation, Lost One. Mit
dem geilen Avatar. Holy shit, Mann. Was ist das auf deinem Avatar, Lost One? Also da würde ich jetzt auch nicht wollen, dass der aus meinem Fernsehen rauskommt. Hey. Holy shit. Chat, letzte Chance, Ausrufezeichen Foto. Ich tue vorbereiten. Machen wir Merci für den Raid. Und dann würde ich sagen, oh, Dr. Suspect, let's go. Zwischen 7 und 15 Sekunden Chat. Not. Oh, kein Effekt hat es drauf geschafft, Chat. Kein Effekt? Was ist denn da los? Last One, da unser wunderschönes Foto ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ich markiere dich dann auch, sofern ich dich finde auf Insta, in einer Story. Du darfst mir gerne per DM, ihr alle by the way, wo ich noch markieren muss, dürft mir auch DM machen, wo ihr mir noch den User durchgebt, falls der anders heisst auf Insta. Aber let's go. Foto kann man sich in physischer Form abstellen, Link im Chat. Aber nice one. Chat, machen wir einen Bossfight, was meint ihr? Ich muss ein bisschen runterkommen. Und Lizzie, danke für den Lurk-Support. Sorry, by the way, jetzt habe ich so lange wirklich Nachrichten nicht richtig gelesen. Ulen ist noch drauf, let's go. Und danke, Troy, für deinen Hammer-Stream. Bis zum nächsten Mal. Schönen Samstagnacht euch allen. Genießt es weiterhin den Stream. Gute Nacht. Hey, Lilo Multipass, schön, bist du dabei gewesen. Und wie gesagt, nächsten Dienstag bin ich das nächste Mal live. Ab ca. 19 Uhr. Genau gleich. Ziehung zwischen 10 und 11, lieber Chat. Wir machen dann wieder Ziehung von 3 Leuten. Wir machen das jetzt weiter, bis alles weg ist, lieber Chat. Dienstag, hä? Und, Lilo, mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bossfight, bin ich voll dabei. Ich glaube, dann machen wir noch einen direkten Bossfight, oder? Das Fleisch soll kühl sein vor der Schlachtung jetzt, aber jetzt. Oha, hören, Chat. Aber jetzt hat es funktioniert, let's go. Chicken Attack. Was ist denn? Jetzt muss ich gerade schnell schauen, zu Liavo. Chicken Attack. Holy moly. Und Pagania, jetzt gehen alle schlafen, Chat. Jetzt haben wir aber auch lange durchheben. Also merci für die Geduld auch, lieber Chat. Danke vielmals. Ja, Avalon kommt für den Bossfight rein. Und Pagania, gute Nacht. Mögen dich die wilden Klänge des Pagan Metal sanft in den Schlaf wiegen, während du auf deinem Motorrad durch traumhafte Landschaften fährst. Träume süß und pass auf, dass dir im Traum kein Spielzeughammer Streiche spielt. So sind eben meine Spielzeughammer, Pagania. Die spielen einem Streich. Hey Pagania, mach's gut, schön bist du dabei gewesen. Schönen Sonntag noch. Auch für dich nächstes Giveaway am Dienstag. Ziehung vorbei, Specko, ja, die Ziehung ist vorbei, aber ich kann dich beruhigen. Den kann ich, also ja, das klingt jetzt so blöd, aber ich kann dich nicht sagen. Also du hast in dem Sinne nichts verpasst. Und Redbeard, grüezi Redbeard, wie hast du es? Schön bist du da. So, Chat, ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch in den Bossfight rein, oder? Muss ich erklären, wie es funktioniert? Eins in Chat, wenn ihr noch nie bei einem Bossfight dabei gewesen seid. Eins in Chat, wenn ihr noch nie bei einem Bossfight dabei wart hier. Uli, ja, das ist wieder der Klassiker, oder? Ja, der Uli und natürlich der Querputzer, der M&A. Ja, Runemaster, ich glaube, du warst auch schon dabei, ich bin mir jetzt nicht sicher. Avalon, ja, 3. M&A hat 0 geschrieben, Avalon 3. Das Weihnachtsessen ist fertig, dann kann ich ja heimgehen.
Hey, Specko, dann wünsche ich dir eine gute Heimfahrt. Ja? Pass auf. Oh, Fienchen zeigt mir noch mal schnell, welches Level sie hat. Wie sind die Regeln? Also, ich glaube, ich muss es nicht erklären, oder? Machen wir es so wie immer. Die das erste Mal dabei sind, die finden schon raus, wie es funktioniert. Chat, habt ihr noch eine Karte bekommen letztes Mal? Ich weiss. Ihr habt eine bekommen. Also, lieber Chat. Yoda? Boss fight Johann wir müssen. Ja. Yoda. Wir müssen. So, Chat, ihr dürft noch abstimmen. Ihr dürft abstimmen, wenn ihr Lightsabers wollt. Rein kosmetisch, also ich sage es so, Star Wars-Fans bitte Ausrufezeichen-Karte 1 in den Chat schreiben. Alle anderen Ausrufezeichen, keine Karte. Und alle sind schnell das Bossfight-Level am Überprüfen, oder? Wir haben Level 3. Feinsten mit Level 5 ist, glaube ich, das höchste Level, das ich bis jetzt gesehen habe. Ich glaube, der Arti hat aber auch Level 5, weil sonst hat er den Drop nicht bekommen. Glaube ich einmal. Hey Specko, bis später. Komm gut heim. Hanti ist nicht mehr da, der hat sich hingelegt. Okay. Das kann ich natürlich noch schnell sagen. Die Dungeon Leaders wären Hanti, Lost One und Shawa. Als Dungeon Leaders habt ihr Dreifach-Votes. He? Auch da schon. Da haben wir auch schon Dreifach-Votes und während dem ganzen Kampf haben die Dreifach-Votes. Level ist egal, wir touchen den Troy weg. Beim Ullen müsst ihr einfach immer so einen Würfelwurf machen. Immer wenn er eine Aktion ausführt, dann muss er zuerst den Würfelwurf machen. Bekommt man nur Level, wenn man raidet? Nein, zu Liabo, man bekommt Levels, wenn man mitvotet. Also, wenn ihr auch nur mitvotet, auch wenn ihr nachher nicht die sind, die es ausführen, ihr bekommt dann Experience Points über. Aber die Dungeon Leaders, also die geradet haben, die bekommen noch Zusatzpunkte über. Also einfach mitvoten während dem Bosskampf und dann steigt das Level immer. Und zu Liabo, ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt bei diesem Bossfight ein paar Mal votest, dann sollte schon Level 2 oder sogar 3 sein. 2 sicher dann. Sollen wir treu aber zeigen, wenn ihr mich gewinnen lasst, dann bekommt ihr keine Experience Points. Das muss ich natürlich schon auch sagen an dieser Stelle. 20 ist Crit, dann bist du instant down. Da kommt auch das Franziskhaus kommt dann. He? Das Franziskhaus, Instant Death. So, Chat, wir lösen auf. What the fuck? Okay, das ist aber doch noch recht krass. 14 versus 10. Aber ihr löset ein. Eure Lichtschwerter, lieber Chat. Ich has versaut. Aber jetzt gehen wir in den Bossfight rein. Hunty, der schon am Schlafen ist. Lost One, Chawa, ihr wollt mich besiegen? Chat, haut euch ein. Comments rein, votet für eure erste Aktion. Wir haben 3 Aktionen pro Runde. 12 Votes auf der Mystery Chest. Was labert? Wer labert da? Kabis Chat. Ne, Shia. Arti hat 2-mal den Cheater. 2? Aha. Oh, hey, ne, Shia, komm. Also, jetzt nur weil der Lichtschwerter dabei hat. Ich hab mit dem Franziskushaus. Es hat nicht funktioniert. Oh, okay. Franziskus auf Null bringen für Chancen auf Special Draw. Okay, dann schauen wir mal, wie gut das funktioniert, Chat. He? Beobachten wir mal die Strats. Also wir haben 20 Votes auf Mystery Chest. Arti, Level 5. Nein, Arti. Ich bin nicht
Ich bin nicht sass, Mann. Vielleicht ein bisschen. Oh, jetzt, ihr haut einfach schon hure Damage hinein. Das sind die ersten 2 Aktionen im Kampf und einfach schon krassen Damage gemacht. Ich habe einen Meilenstein erreicht. Vorschlag 69 wurde eingereicht. Okay. Oh, jetzt aber Carnage. Ich gucke mir dann das Offstream wieder an, ne? Aber eins nach dem anderen. Chiliabo. Mit der Leer. Okay. Man kann nicht durchgehend Glück haben, Chat. Das geht nicht. Oh, der Franziskus. Franziskus, ich muss dich da schnell einblenden. Ja? Franziskus, your turn. Und zwar mit 250 Eicheln. Yay! Du Lemmel. Du Lemmel. Hä? Du hast es ausgesehen, als hättest du sie in Indien, Franziskus. Okay, das war nicht, Chat. Rina am Zittern, Chat. Aber es waren keine 400. Chat, 10 Votes auf Mystery Chest. 11 Votes auf der Mystery Chest. Oh, der Arti, hey. Arti, so häufig vertreten heute da, beim Aufmachen von der Mystery Chest. Hey, come on, Arti. Also, ich weiß ja nicht, das ist aber das ist doch nicht mehr lustig, oder jetzt? Also. Arti, hast du auch noch etwas anderes in dieser Kiste? Nicht? By the way, hat der Arti jetzt eigentlich etwas ausgerüstet? Ich habe mich gar nicht geachtet. Hast jetzt du einen Rahmen ausgerüstet? Eigentlich sollte der Rahmen namens kommen. Ich habe mich jetzt wirklich gar nicht geachtet im Fall. Wir schauen nochmal. Chiliabo hat natürlich keinen. Musst du noch? Okay, wenn du einen ausrüstest. For thy democracy. Fies, Mann, ich bin schon fast tot. Ich bin schon fast tot. Chat, come on, please. Jetzt, aber einfach noch, wenn wir jetzt noch ein bisschen länger machen, dann haben wir noch ein bisschen mehr XP, wo wir können verteilen können, Chat. Ja, also ich weiß nicht, was heute los ist. Bei den Giveaways brauchen wir eine ganze Stunde und der Bosskampf ist nach 3 Minuten vorbei. Ja, Scheiße, jetzt 7 HP, Chat. Ich habe einfach nur noch 7 HP. By the way, ja, wenn es die einen Rahmen haben, ich glaube, nur Finchen und Arti haben einen Rahmen, ihr könnt mit Ausrufezeichen Set Avatar Frame, ich habe es schnell in den Chat reingeschrieben vorher, dann könnt ihr euren Rahmen setzen. Du hast einen gesetzt, aber dich haben wir leider jetzt nie gesehen, Finchen. Hey, was... Nein, also... Nein, Will! Nein, da kannst du gerade wieder abhacken. Ich sag dir's. Jetzt ziehe ich da einen Mjölnir raus. Und dann... Nein! Ich hätte doch wenigstens ein Hammer of Healing noch bekommen, Mann. Oh nein, Chat. Highway Racer, was machst du genau? Hä? Oh shit. Okay, du gehst das ein, was du bekommen hast, weil du nichts drin hast. Nein!
Also gut, schnell zur Erklärung, wenn steht Formatted Inventory, dann habt ihr nichts, Chat. dann habt ihr nichts. Ich bin ein Profi. Ziemlich sicher ein Hirnerschütterung, ziemlich sicher. Sehr ziemlich sicher bin ich. Oh, Chat. Oh. Obi-Wan, ich bin einfach überfordert. Okay. Ich bin überfordert. Die Bot-Comments gehen nicht. Ich habe verloren, ich bin am Brennen. Sie haben die Lightsabers gehabt. Ja, und ich habe 7 HP gehabt. Level 2, let's go. Jawohl, let's go. Nice one. So, jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Ich muss mir eine Notiz machen. Formatted Inventory. Chat, jetzt mache ich da schnell einen On-the-Fly-Fix, ohne Scheiß. Set Avatar Frame. Avatar Frame. Formatted Inventory. GG. Und Gurke fängt auch mit G an. Nein, so schnell kann ich es nicht fixen. Da muss ich nach dem Stream fixen. Ich tue mir schnell notieren. Wenn ihr macht Set Avatar Frame, ist das natürlich falsch, wenn dort Formatted Inventory steht. Das ist komplett falsch. Erinnerung, check. Let's go. Wie bekommt man Avatar laut? Okay, ich kann das schnell erklären. Das ist ab heute eigentlich neu, aber es ist in der Alpha-Phase, also darum funktioniert auch nicht alles. Und okay, der Arti hat sich jetzt Silver 2 gesetzt. Dann müsste das dann eigentlich kommen, wenn dein Avatar angezeigt wird, wenn du zum Beispiel einen Mystery Chest aufmachst, dann hast du einen Rahmen rundherum. So eine Verzierung, so quasi. Und wie bekommt man das? Das droppt random ab einem gewissen Level. Ich glaube, das gewisse Level ist Level 5. Kann das random droppen. Und da können 6 verschiedene droppen im Moment. Und bei den höheren Levels können noch Dekorationen zusätzlich droppen, die man kombinieren kann. Das ist alles so ein bisschen, ich bin ein bisschen am Ausprobieren, sieht auch noch nicht alles wirklich gut aus. Aber wir sehen es dann wahrscheinlich im nächsten Boss. Also in den nächsten Bossfights sehen wir es immer mehr. Dass zum Beispiel Arti oder Finchen dann so einen Rahmen montiert haben. Das Ganze war so schnell, dass das PS-Game noch nicht einmal ganz überkopieren. What the fuck? Es war auch ein Speedrun. Auch Song-Requests haben wir leider zu, lieber Chat. Jetzt muss ich schnell schauen, was wir für Zeit haben. Langt sich jetzt noch schnell... Ich schaue jetzt auch noch schnell ins Discord rein. By the way, Hans-Uli und Rappi grüezi miteinander. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Ich kann dir nicht schreiben privat. Also, wo willst du mir schreiben, Rappi? Wo willst du mir schreiben? Ich überlege gerade schnell, willst du mir einen DM auf Twitch machen? Oder mir Antwort auf meine DM, die ich dir geschrieben habe? Hast du bei deinem Twitch-Account keine Telefonnummer hinterlegt? Ich glaube, nur die können DMs machen. Das hat Twitch mal recht verschärft. Und ich habe das, glaube ich, auch so drin, wie es ist. Okay, dann liegt es an dem. Schreib mir doch auf Discord. Machst du mir auf Discord ein DM? Das wäre cool. Auch auf Discord. Dort müsste es ja gehen. Nori! So, ihr Lieben, danke nochmal für deinen Stream. Die geilen Lieder. Das GVW und die Unterhaltung. Schlafen gut. Hey, Nori, schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir auch ganz eine gute Nacht. Und auch für dich, nächsten Dienstag machen wir das nächste Giveaway. Bin ich wieder live, ich jetzt Ferien. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du nachher reinschauen. Und Nori, hey, schlaf gut, schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Troy, gibt es für deine Streamlevel und Sammeloptionen noch einmal ein Handbuch? Hey, das ist also es gibt
Ich habe etwas eingerichtet, aber ich habe es noch nicht verbunden. Wie gesagt, ich bin es noch am Aufbauen, aber die Level-Funktionen sind endlich dokumentiert. Aber den Link habe ich noch nie eingebunden, dass ihr auf die Webseite geht, um es anzuschauen. Aber ich bin das auch immer noch am Aufbauen. Aber ich weiss, also Handbuch, es braucht halt auch schon ein Handbuch, um meinen Stream zu konsumieren. So, wie konsumiere ich den Stream von Troy? Hier das 500 Seiten Handbuch. Fußgut, ein gutes Stück. Hey, nein, merci vielmals für den Kaffeetrink, den hole ich mir nachher gerade. Sie haben es gut gemacht, heute bin ich aber nur aufnehmen. Ah, du hast morgen dein Konzert. Okay. Hey, ich drücke den Daumen. Oder wie sagt man da, Amix? Da gibt es doch einen speziellen Ausdruck. Keine Ahnung, so Hals- und Beinbruch oder irgendwie so. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Aber dann bitte mit IKEA-Zeichnung im Handbuch. Ja, genau. Also zum Teil gebe ich mir schon recht mehr. Also bei den Sammelkarten hat es, glaube ich, sogar animierte GIFs, Chat. Also ich muss schnell selber schauen. Sammelkarten. Also auf dieser Webseite hat es 100 Pro... Ja, da hat es noch animierte GIFs, wie man sie einlässt. Also, ich gebe mir damals schon recht viel Mühe bei diesen Sachen, Chat. Ich habe sogar beschrieben, mit Bildchen, wie man an eine Community-Karte kommt, Chat. Ja, aber das Handbuch ist für Anfänger, oder? Mack. Bouncemann, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hey, ganz klar ist das für Anfänger. Ich drücke dir die Ohren. Okay. Ich habe das auch nicht so noch nie gehört. Troy Quiz fragt, zu wem habe ich das... La. Mack. Kapiert. Zu wem habe ich das echt gesagt? Hör auf schlecken, du hast Mundgeruch. Du hast nur einen Versuch. Platsch, jetzt musst du aber schnell weglassen. Nein, also ich tippe auf die Stella. Jenny. Wenn es Stella nicht ist, dann habe ich Fragen. GG. GIFs auf der Füße. Das wär's. Ich mache physische Karten, und dann sind es nicht GIFs, sondern GIFs. Ich mache dann noch animierte GIFs drauf. Mr. Plätschmässig immer für 100 Bits, 100 Punkte. Also bin ich richtig gelegen mit Stella. Das war eine Fangfrage, Chat. Das war eine Fangfrage. Kann man dich buchen für so Stream-Spielereien? Also so, dass ich dann so in den Stream reinkomme und so Spielereien mache mit dir. Also, kommt jetzt darauf an, was... Und wir hauen wieder Bits in den Chat. Der Hype-Train ist am Laufen, Level 2, let's fucking go! Ach, Chat, Mann, merci vielmals für... Also, Plätsch, merci vielmals für 100 Bits. Jenny, merci vielmals für 100 Bits. Jetzt habe ich aber schon 200 Punkte bekommen, ne? Nur für die Antwort. Dann Highway Racer, merci vielmals für 5 verschenkte Subs. Demon Mummy, an Pustekuchen, Buff, an Dominik und an Cospike. Viel Spaß mit den Emotes. Jetzt habe ich es verpasst, Chat. Viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnenten. Highway Racer, merci vielmals für den ganzen Support. Holy shit, wir sind Level 3.
Danke vielmals. Swiss Uli, merci vielmals für 100 Biddies. Danke dir für deinen Support. Arti, merci vielmals für 300 Biddies. Let's fucking Leute. Merci vielmals für deinen Support. Merci für 30 Biddies quer dazu. Danke vielmals. Sayuki, merci vielmals für 200 Biddies. Merci dir für deinen Support. Rina, merci vielmals für 100 Biddies. Danke für deinen Support. Stein, merci für 100 Biddies. Danke vielmals. Und quer dazu, merci für 101 Bit. So. Gut. Ja, haben wir das auch gemacht, Chat? Haben wir schnell ein bisschen den Dampf rausgelassen? Quer dazu, merci vielmals für deinen Support. Und Sayuki, merci vielmals für weitere 200 Bits. Ja. Hey Leute, come on jetzt. Jetzt ist der Carnage wieder Abonnent. Highwire03 gifted a Tier 1 Sub to Carnage Rage. Jetzt kommt wieder Ausrufezeichen Shout. 38 Gift Subs in the channel. Highwire Racer, merci vielmals für den Gifted Sub. Carnage Rage, viel Spaß mit dem Ausrufezeichen Shout. Und Polymech, grüezi. Geh rein. Poly, merci vielmals für 5. Hey Poly. Shit. Du siehst es so ein bisschen, was ich zeigen will. Polysocanical. Ich habe Zocken an, Mann. Hey, merci vielmals für deine 5 Bits. Holy shit, also. Wo bin ich gewesen, Chat? Mack, Chat. Schau mal Discord, das müsste ich schon, ohne Scheiße, 5 Stunden, müsste ich schon auf Discord schauen, Chat. Ah, du bist nicht auf dem Server drauf, darum musst du mich adden als... Okay, gut. Aber Rappi, also wirklich, ich schaue das alles off-stream an. Also wir haben keinen Stress hier. Wir machen das alles dann off-stream gemütlich. So, Chat. Ein bisschen Chat lesen. Habe ich eigentlich eine Community-Karte erhalten? Habe ich mal ein Foto mit dir gemacht und auf Insta gemacht? Ich habe dir das doch gegeben. Hast du das nie ausgepackt, Highwire Racer? Du hast die ja bekommen. die gebe ich den Leuten immer dann, in dem Moment, wo sie ein Foto mit mir machen. Dort, wo die Mystery Chest drauf ist, dort ist die Community-Karte drin. Und ich habe dir ganz sicher eine gegeben. Also, oder vielleicht auch, ich weiß es nicht, korrigiere mich, wenn ich dir keine Karte gegeben habe. Aber ich bin der Meinung, ich habe dir eine gegeben. Wäre auch eine nice Vorstellung, aber eher so Stream optimieren für diejenigen, die nicht so begabt sind. Ja, ich weiss, was du meinst. Ja, okay. Aber das wären dann eher so kleine Sachen. Das wären wahrscheinlich eher so die 0815-Geschichten. Und für mich ist halt auch immer optimieren. Da würde ich als allererstes wahrscheinlich Audio optimieren. Da würde ich schauen, dass alles am richtigen Ort ist. Lautstärke-Mix stimmt und so weiter. Und dann vielleicht so die paar Standard-Commands und so. Aber was ich nicht machen kann, ist, ich kann nicht irgendwie einen Bossfight einbauen für jemanden. You know? Das wäre echt ein Bossfight. Da wäre ich nach einem halbes Jahr dran. Ja, nie ein Bounce. Jetzt habe ich den Zusammenhang verloren. Zug Nummer 3 hat True, ja. Das ist halt schon der 3. Hype-Train-Chat. Gingerbread. Schöne Socken, lang und geben safe warm. Hey, darum habe ich sie im Fall an. Darum habe ich sie an, weil sie wirklich, ich finde sie wirklich gemütlich und sie gern warm. Zwei wichtige Fragen. Hau raus. Erst 4 Stunden 23, Troy, das geht noch. Bounce mit Bounce, ich weiss nicht, ob das ist, was du wollen. Schwierig. Und übrigens... Was?
Oh nein, oh come on. Ist nicht da gewesen, wo du hast wollen. Chat, ich muss aufs Knöpfchen drücken. Merci nochmal. Danke. Merci, Chat, für den ganzen Support. Merci vielmals für den Hype Train Level 3. Und wir reisen wieder mal in die Zukunft. What is happening, Chat? Du meinst, jetzt komme ich raus, Jenny. 4 Stunden 23 bin ich am Streamen. Das ist eigentlich... Das ist noch nicht lang. Es ist noch nicht einmal Mitternacht. Hey. Wir müssen noch nicht einmal über das Gameplay nachdenken. Hey, ein gemütliches Schmine. Wieso geht jetzt das nicht, Chat? Ein gemütliches Schmine und es schneit in der Wohnung. Ja, sie haben vergessen, das Dach drauf zu bauen, Paui. Ich habe ja gesagt, da alles so, da der Baumänner, da das Schmine muss brennen, da die Kerzen und so und Dekoration und so. Aber ja, ich habe doch vergessen, dass ich noch das Dach brauche. Und jetzt schneit es halt rein. Das macht wirklich... vielleicht ist es auch nicht Schnee. Paui, vielleicht ist es nicht Schnee. You know? Gute Nacht, Swiss Uli. Bevor du deine Socken verlierst, gönn dir noch einen letzten Kaffeetrink und lass die Träume tanzen. Schlaf gut. Kokainum. Von Kokainum und träum süß. La la Thank la you la. for this fucking sub, you son of a Porsche 911 highway racer. Danke I vielmals. will keep hating you with I have. Ich schaue mal nach. In meiner treuen Schatzkiste. Warte, jetzt muss ich noch schnell schauen, Highway Racer. Habe ich nicht noch einmal etwas gefragt? Hast du das nie aufgemacht? Nein, Highway Racer, hast du das echt zugeladen, oder was? Ich komme gar nicht raus. Weil du hast nicht in der Community-Karte plus noch weitere Karten. Chat Troy heisst jetzt Tron, das haben wir beim Barrack schon entschieden. Okay, whatever. Okay, Chat Tron. Nein, schon nicht gerade ein Boss. Ja, einfach so etwas Kleineres. Ein kleines. Kann ich noch reden? Kleineres. Wow. Was weisst, was du weisst es nicht. Du weisst es ganz genau. Ich komme nicht raus. Bounce, ich bin schwer neben den Schuhen heute. Ja. Schwer neben den Schuhen. Aber Bounce, auf welchem Platz bist du bei mir in meinem Herzen? Weisst du es noch? Ja? Weisst du es noch? Das haben wir auch noch anschauen, Chat. Und im Discord muss ich wirklich dann nachher auch noch schnell reinschauen, Chat. Gameplay haben wir noch nicht gehabt, Tiger. Troy hat vergessen, den Plan für das Dach zu zeichnen. Genau so. Schaut es kommen. Special Schnee oder was? Genau. Kokainum. Ist echt lustiges Mehl. Tron und Tronlina. Aber wie war das? Ich heisse Tron Hammaren. Oder echt Tron. Und dann haben wir den 81 Balls. Und der Helldive Raver. Das war eigentlich schon lange klar, wie der Highway Racer neu heisst. Chat, was soll ich machen? Discord? Kaffee trinken müsste ich glaube auch, oder? Yoda? Cocaine is not good for health of yours. Nein, Chat, don't do drugs. Das ist wirklich so. Das ist da nur als Joke eingebaut. Das geht keiner. Das ist nicht echt.
Du weißt genau, dass ich den geschissenen Gummihammer. Ja, okay, ich gebe es ja zu. Ich hätte jetzt gedacht, wir reden nicht drüber. Jetzt, ja, ich dachte, komm, wir reden lieber nicht drüber, weil der Bounce, da kommt die Emotion hoch und so. Und wir haben jetzt da White Christmas und so, mit Kokain um. 50, vor allem 50 Mal Chat, oder? 50 Mal. Brauch also frag nicht so höhnisch, du Schelm. Ach, Bounce. Do drugs? Nein, don't do drugs. Chat, jetzt machen wir da schnell Discord auf. Ich glaube, der Ullen hat mir mal etwas geschickt, das wir anschauen müssen. Chat. Ist der Ullen überhaupt noch rum? Oh, ich habe irgendwie von etwa 7 Leuten habe ich DMs bekommen, Chat. 7 Leute. Der Ullen ist ja da. Also ich schaue schnell, dass ich das da runterladen kann, bevor ich mich selber... Madness. This is Sparta! Dreckiges Shift. CYHC03 du dreckige Shift. Das ist Sparta, du dreckiges Shift. Das war eine gute Kombination gewesen. Okay, wait a second. Nein, nicht Fullscreen. Nein. Listen. Ich muss dich was Wichtiges fragen, Troy. Oh, habe ich das überlesen? Das hast du schon mal gesagt, ne, Juti. Aber jetzt rein damit. Ich glaube, jetzt überlese ich es nicht. Aber ich muss noch kurz das Video vorbereiten hier. Hallo im Loch. Juti, kein Kommentar. Ich beantworte die Frage nicht. Es hatte keine mehr. Juti, es hatte keine mehr. Ich habe keine Gipfel. I'm so sorry. Ich habe es gelesen natürlich, aber... Schau, wie geht es dir? Hast du bald oder schon Ferien? Ich habe Ferien, Polly. Ich habe Ferien. Wie geht's denn dir, Polly? Habe ich das überhaupt gefragt? Alles gut. Hast du denn schon Ferien? So, Chat. Keine Gipfel. Wie überlebe ich das heute? Keine Gipfel. Chat, wir schauen da ganz genau an, jetzt, was da passiert auf dem Video vom Mullen. Sind ihr ready? Ja, da noch schnell den da noch schnell ausblenden. Den auch noch schnell ausblenden. So, jetzt ist alles gut. Chat. Ja, I know. Chat. Was machen eigentlich die im Loch? Ja, aber Troy, ich habe doch gar nichts gemacht. Das haben die auch gesagt. Hey, look at was ist das? Troy ist wieder da! Yeah! Troy ist wieder da! Was ist das? What the fuck? Da muss ich noch mal schauen. Aber Troy, ich habe doch gar nichts gemacht. Das haben die auch gesagt. Hey, look at das passt gut. Troy ist wieder da! Yeah! Troy ist wieder da! Hey, aber oh mein Gott, das ist so gut, Ullen. Aber da müsste ich fast noch irgendwie einbauen als Effekt. Das wäre so geil. Vor allem das da. Das ist mega nice. Da müsste ich als Effekt haben. Da sieht man da die verschiedenen Leute im Loch unten. Und also ums Feuer herum. Troy ist wieder da! Yeah! Das ist so gut. Oh mein Gott. Okay, nice one, Ullen. I love it. I love it. Holy. So ein Scheiß. Sorry, dass ich so lange gewartet habe. Du hast dir hure Mühe gegeben. Aber sehr geil. Oh mein Gott. Aber da, ich meine, es ist ja von SpongeBob. Und
das nehme ich mir als mindestens Inspiration und mache etwas daraus. Und vielleicht auch das ganze Video könnte ich natürlich auch noch irgendwie brauchen und das, was du jetzt gemacht hast. Hey, nice. Sehr geil. Ullen, der Meme-Gott, lieber Chat. Der Meme-Gott Ullenbullen. Ich glaube schon mal Shoutout gemacht, aber lieber Chat, jetzt schauen wir einfach noch einen Clip. Da muss jetzt sehen, jetzt ist die Frage, schauen wir einen neuen Clip oder schauen wir... wir schauen einen neuen Clip vom Ullen. Der Ullen, der streamt auch, ne? Und wie der streamt, das schaut... Oh. Wie gut. Komm on, ich will noch mal schnell einen Clip haben. No, Colin, das machen wir noch mal. Ja, die... Wir probieren es noch das dritte Mal, Chat. Wir schauen mal, ob er immer noch an den Eicheln rumspielt, der Ullen. Gut. Also, das dritte... Oh, das haben wir auch schon gesehen. Aber es ist so geil. Es ist so geil. Ja, du hast jetzt Star Wars Battlefront 2 gespielt. May the 4th, Chat, May the 4th. Also, dort unbedingt reinschauen, lieber Chat, unbedingt reinschauen. Und einfach nur wirklich gute Unterhaltung, lieber Chat, das müsst ihr euch geben. Wichtig. So, Chat, jetzt muss ich da mal schnell ein bisschen rumscrollen. Ich mache einen Aufstand, nein, Jutti. Wie kannst du nur treu sein? Wie wollen die Leute jetzt nur wissen, wie gut meine Gipfel sind? Die sind gut, Chat. Trust me. Nehmt mein Wort. Die sind gut. Juttis Gipfeli. Es gibt keine besseren Gipfelis. Ich glaube, sagen, das solltest du mit einbauen. Hey, Juttis Gipfeli, es gibt keine besseren Gipfelis. Frisch aus dem Gebüsch, direkt nach Hause, nur nicht zu mir. Oh, Chat. Aufstand? Wetzt die Fackel, entzündet die Mistgabel. Der Runmaster, du hast da was durcheinander gebracht. Die brennt ja gar nicht, die Mistgabel. Der Platsch so, nochmal. Es wird wahrscheinlich immer genau der Clip kommen. Ab und an eventuell noch ein Skelett. Hey, das wäre, aber aus dem kann ich ganz sicher etwas machen. Darf ich mir da unten einen Dauerplatz reservieren? So eine kleine Burg Carnage Rage. Ein komischer, aber kreativer Mann. No, nee, komisch ist er nicht, Lizzie. Kreativ auf jeden Fall. Also wenn Ullen komisch ist, dann bin ich auch komisch, ne? Dann sind wir allen komisch. Vielleicht sind wir so. Ullen, hast du es in DC geschickt? Ullen, du kannst es sonst natürlich gerne schnell in einen Channel rein sharen. Also go for it, Ullen. Wenn du das willst, kannst du das auch in einen öffentlichen Channel rein sharen. Ich lese mal schnell weiter, sonst tue ich es noch mal schnell zeigen. Ich habe einfach nichts gesehen. Weg mit dem Cosplay. Hey, und Maestro, sorry, als ich sie erst jetzt lese, sorry, dass ich dich erst jetzt begrüße. Wie geht's dir, Maestro? Schön, dass du da bist. Hello.
Also ich habe zweimal Autogrammkarten, zweimal das PB als Sticker, zweimal Franziskus als Sticker. Oh eben, jetzt wollte ich ja sagen, also eigentlich wollte ich nur wissen, hast du jetzt die Community-Karte bekommen oder nicht? Also dann ist es gut, Highway Racer, dann hast du sie jetzt gesehen, oder? Dann hast du es erst jetzt ausgepackt. Das macht natürlich Sinn. Ja, die Community-Karte hast du auch bekommen. Ja, wir bauen es. Der Highway Racer hat eben gemeint, er hat gar nie eine Community-Karte bekommen. Dann habe ich gesagt, du musst halt mal das aufmachen, was ich dir gegeben habe am Hero Fest. Wo du auch bekommen hast, Bounce, wo du sogar live on Stream aufgemacht hast. Das hat wahrscheinlich der Highway Racer erst jetzt aufgemacht und hat erst jetzt gesehen, dass er auch eine bekommen hat. Aber das ist so, da finde ich noch geil. So, ich mache es nicht auf. Ich lasse original verpackt. Ullens Äuglein haben geleuchtet, ja, es ist mega cool. Also das Cosplay ist wirklich mega nice. Ja, gratis Schokogipfeli für den Chat, sagt Jurti. Müsste es nur... Ja, es ist ein bisschen weit entfernt. Ne? Das Gebüsch ist ein bisschen weit entfernt und zudem... Ne? Es regnet halt noch. Ah ne, es regnet gar nicht. Man kann schon im Gebüsch bleiben, Jurti. Du musst nicht rauskommen jetzt wegen dem. Wo sind diese Gipfel? Ich hätte Platz in der Küche und morgen auch im Bauch. Ich auch. Ich kann es mir direkt ins Maul liefern. So Lieferdienst direkt in den Mund. Und einmal Mini-Franziskus-Sticker und 2 T-Shirts. Also, okay, du zählst jetzt auch alles auf, was du hast. Und die Shirts. Nicht, dass jetzt die Leute das Gefühl haben, ey, am Hero Fest habe ich nur da so eine Karte bekommen, keine Shirts. Der Highway Racer hat natürlich noch andere Sachen jetzt aufgezählt, die er noch hat. Mein Nochmal ist auf eine Ullen... Aha, okay. Wollen wir es nochmal schauen, Chat? Wir schauen es jetzt nochmal. Das schauen wir jetzt einfach nochmal. Für all die es nicht mitbekommen haben. Oh, jetzt muss ich da aber schnell schauen, was da alles offen ist. Chat, wir schauen nochmal schnell. Im Ullen sein Meme. Jetzt all schnell genau hinschauen. Was machen eigentlich die im Loch? Ja, aber Troy, ich habe doch gar nichts gemacht. Das haben die auch gesagt. Hey, schaut mal! Troy ist wieder da! Yeah, Troy ist wieder da! Vor allem, ich stelle mir gerade vor, du hast ja das mega manchmal aufgenommen, da, quasi. Irgendwie so 3, 4, 5 Mal oder so und hast es übereinander gelegt. Das ist schon gut. Das ist wirklich cool. Ja, schaut mal! Gut. Und einfach Weltklasse. Einfach Weltklasse. Die Mistgabel hat einen hölzernen Schaft. Ah ja, gut, das stimmt. Und wie die brennt. True. Der Flöru ist wieder aus dem Lurk zurück, in dem er nie war, Chat. Ganz wichtig. Ich spasse ja nur, Troy, hab dich doch gerne. Ah, Jurti, das ist doch, ich weiß doch, dass du Spaß machst. Option wäre, dass alle da unten siehst, die in einem Stream abschmeißen. Das wäre eben tatsächlich die Idee. Also das ist nicht einmal, die Idee ist von Jack gekommen, oder von Carnage, glaube ich, vor allem. Dass man runterschauen kann und sieht, wer dort unten schon alles ist. Vor allem, ich finde auch das Lustige, die Sparta-Animation habe ich ja eigentlich als Bann-Animation ins Leben gerufen. Aber es ist auch so viel mehr als nur eine Bann-Animation geworden. Ich müsste eigentlich fast schauen, dass dort unten nachher nicht... Die Leute, die ich echt banne, die sind nachher nicht dort unten. Das würde keinen Sinn machen. Es ist eigentlich dort ein Profilbild, das ich nicht wegsehe. Komisch und stolz darauf, denn normal kann jeder. Hey,
Da finde ich eine gute Einstellung, Arti. Finde ich wirklich eine gute Einstellung. Du kennst ihn nicht so privat wie ich. Glaub mir, der ist komisch, aber ich liebe ihn. Ja, aber ja. Ullen. Yo, what the fuck? Ja, That what was the so fuck? fucked up, you guys. Ja, sag's. Black Noir. Sag's nicht. Aber Ullen, bist denn du wirklich so anders? Nein, also, Lesi. Aber komisch lieben. Ich bin auch. Jetzt wird's deep. jetzt wird's deep, Chat. Aber ich liebe auch lieber komisch. Punkt. Mit dem beende ich den Stream. Ich mag komisch halt auch. Komisch passt zu mir. Aber komisch ist irgendwie fast das falsche Wort. Ja? Außergewöhnlich. Lisi, das ist doch eher außergewöhnlich, oder nicht? Ich würde jetzt sagen, nicht komisch. Ullen ist außergewöhnlich, wenn schon. Unten im Loch sitzen die keine Pizza Hawaii tolerieren, oder? Ja, Rina, wie sieht es denn mit dir aus? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig. Ne? Wie ist da deine Einstellung, Rina? Okay, merci vielmals fürs Aufladen. Als du ausgepackt hast, aber war in der Schatzkiste drin mit dem vollen Zeug. Okay, dann hast du nicht realisiert, dass du eine Community-Karte gehabt hast. Okay. Also mein Loot ist immer noch verschweißt, original verpackt, 1000 Stutz wert in 10 Jahren, trust me. 1000 Stutz? Holy shit. Da muss aber noch einiges gehen in diesen 10 Jahren. Hey, holy shit. Ich habe noch das Franziskus Küssi. Wait, aber das ist das Ikea-Küssi jetzt? Oder ist es aus meinem Merch-Store ein Küssi? Jetzt bin ich gar nicht sicher. Mein Schatz hat mich liebevoll ein Treunatiker, okay, das ist auch nice. Wo ist mein Bounce, Mann, das Highway Racer, was hast du angerichtet? Jetzt haben alle das Gefühl, sie haben kein Shirt bekommen. Ich bin mal weg, wünsche euch allen noch einen schönen Abend und gute Nacht. Und ich lese es erst nach etwa 5 Minuten. Sabi, schön bist du dabei gewesen. Und ich wünsche dir auch gute Nacht, schönen Sonntag. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Sabi, bye bye, tschüss. Rina, me holt Rina da wieder raus. This is Sparta! Ja. So geht das nicht, Rina. Das macht immer noch ich. Die im Loch untertönen fast wie die aus dem Raid-Clip. Der Barracks hat Rina, glaube ich, wieder aus dem Loch rausgefischt, so wie es tönt. Und die selber Madness machen, ja, die wären auch dort unten. Wenn das die Frage ist, dann wären die wahrscheinlich auch dort unten. Und die selber... Hast du jetzt zweimal gelesen oder hast du zweimal geschrieben? Highway Racer hat getrunken, Chat. Ja, die Idee habe ich mal eingebracht und irgendwann habe ich vorgeschlagen, dass man mit Let Me Do It For You wen rausholen kann. True. Stimmt. Chat, wenn ihr da Easter Eggs habt, dann sehe ich das richtig. Schnell schauen. Sind hier meine East? Ja, oh mein Gott.
Also, ein Easter Egg. Es ist ein Schauspieler. Ah, ist schwierig. Nein, wait a second. Okay, mach's so. Ein Schauspieler sagt ein Wort. Also, ihr habt es wollen, aber jetzt ist es noch schwieriger zum herauszufinden. Ein Schauspieler sagt ein Wort. Und das Wort ist der Command. Zu finden auf dem Merch-Shop von Troy. Let's go. Einzigartig finde ich, und das finde ich auch ein schönes Wort. Das finde ich sogar, es ist nicht nur außergewöhnlich, weil das ist ja so, eben alle können außergewöhnlich sein, aber einzigartig kann nur, das heisst, man ist die einzige Person, die genau so ist. Das finde ich noch viel schöner. Fienchen, let's go. Bin ich bei dir, einzigartig. Besonders. Ach, Lissy. Oh nee. Ja, aber ja. Okay. Wieso nicht? Ich trage noch oft den Kaffeetrinkmatch. Oh, Highway Racer, let's go. Hast du schon mal einen Kommentar bekommen zum T-Shirt? Ullen ist alles außergewöhnlich. Okay, Mutti, let's go. Und das sagt Mutti, ne? Wow. Wow. Verhaltensoriginell, das ist auch ein sehr spezielles Wort. Die einzige Beleidigung ist, wenn man als normal bezeichnet wird. Hey, Mr. Blatsch, bin ich absolut bei dir. Weil einfach normal ist langweilig. Normal ist eigentlich langweilig dann in dem Moment. Und bin ich so bei dir. Ich liebe Pizza Hawaii, ich bin trotzdem im Loch. Ja, aber wieso denn auch schon wieder? Und das ist ein super Kompliment. True. Es ist schon so. Mit Jack Blacks Blackjacks Klimaanlage. Ja, die ist auch noch dort unter Chat. Hey, ich müsste so viel auf dem Bild einbauen. Merke ich gerade. Ich meine schon das Küssi von Ikea. Hey, und das ist ja heute ist es wieder Thema gewesen. Ich glaube, Rina hat doch, du hast ein Bild gepostet von der Ikea mit dem Franziskus-Küssi. Und Fienchen, hast du jetzt einmal einen Rucksack daraus gemacht? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder hast du es mal wollen oder mal versucht? Oder? Das war doch mal so ein Thema gewesen. Schubst sich selber ins Loch runter. Ja, und dann habe ich dich, glaube ich, selber runtergeschubst. Wirf die Überreste der Pizza Hawaii ins Loch. Mach das Klo. Let's go. Die sollen mal lernen, was eine anständige Pizza ist. Bin ich jetzt eigentlich immer noch in diesem Loch? Jenny so. Du Troy, ich habe da mal so eine Frage. Bin ich jetzt eigentlich immer noch in diesem Loch? Ich friere als Viertel und bekomme den Schiessen von diesen blöden Gipfeli-Brösmeli. Darf ich wieder rauf? Ach, Jenny. Wie war denn das gewesen? Du mich noch mal schnell daran erinnern, Jenny. Wie war das gewesen mit der Pizza Hawaii? Muss mich noch mal schnell daran erinnern, wie das schon wieder war. Im Loch tönen wirklich wie in meinem Clip von Lockdown Pro. Ah, jetzt komme ich raus mit Raid. Das habe ich vorhin gar nicht gecheckt. Raid. Let's go, nice. Hey, Don Vomit, grüezi, Don Vomit, wie geht's? So schön bist du da. Wie hast du es? Bist du gut ins Weekend gestartet? Was haben wir überhaupt erzählt? Oh mein Gott, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, Chat. Wir haben Sonntag. Es fehlt nur noch eins. Oh, dann stimmt's nicht. Das stimmt's nicht. Es waren eigentlich 2. Dann stimmt's nicht. Ich glaube mal eins eingebaut und habe nicht aufgezählt, Chat. 138 in dem Fall.
Fischen. Hey, aber also irgendwann gibt es Angeln. Ein Angeln, Ausrufezeichen Angeln, gibt es ganz sicher irgendwann. Da könnt ihr vielleicht auch jemanden aus dem Loch rausfischen. Schweinebacken, okay, jetzt muss ich schnell überlegen, was habe ich euch gesagt? Ein Schauspieler sagt ein Wort. Okay, fair enough. Action, okay. Freedom. Es ist halt, das ist schwierig. Da kann ja alles Mögliche sein. Okay, ich mache es so, Chat. Im Schauspieler wird eine Frage gestellt und er beantwortet die Frage mit einem Wort. Das Krasse ist, wenn ich jetzt euch den nächsten Tipp gebe, dann habt ihr es wahrscheinlich schon. Aber darum warte jetzt noch. Alright, why? Groot. Also I am Groot wäre auch noch interessant. Talk to the Hand. Auch Talk to the Hand, das erinnert mich jetzt an Terminator-Teil tatsächlich. Aber ich glaube, es kommt nicht nur dort vor. Jetzt bin ich verwirrt. Gewesen wegen dem Ding. Und das Ding höre ich immer, wenn Prediction aufgelöst wird. Da habe ich den gleichen Ton einfach auf dem Monitoring. Nee, die haben es runtergeschmissen. Ach, Chat. Ding Dong, es ist genau Uhr, Chat. Uhr. Ho, Christmas. Können wir ich will den Anfang noch mal schnell hören von diesem Lied. Neben Elvis Presley. Du bist eine Legende, aber... Danke vielmals. Ja, Leute haben mal gesagt, oh ja, ein Kaffeetrink wäre jetzt super. Haben dann natürlich Props zum Merch gemacht. Oh, let's go! Was ich mich noch fragen würde, hat es schon mal einen Fall gegeben, wo jemand so den Merch gesehen hat? Was auch immer das ist, ein Shirt oder die Kuscheldecke. Man kennt es, man ist in der Stadt mit der Kuscheldecke eingepackt. Und dann schaut jemand, was ist das? Und dann sieht die Person auch so meine URL. Listen! Und sagt, hey, listen! Und geht nachher meinen Stream schauen. Ich glaube nicht, dass das schon mal vorgekommen ist. Ich muss listen hier. Weiß noch nicht, ob du vorgelesen hast, denn in Gutnachttext. Oh, sorry, Jutti. Wo war denn der? Scheiße, Jutti. Hier. Oh, Jutti, I'm so sorry. Entweder bin ich irgendwie gerade da gewesen, oder ich habe es überlesen. Gute Nacht, liebe Jutti. Möge dein Herz sanft ruhen, während du von glitzernden Träumen umhüllt wirst. Träume von einem Land voller Gipfeliberge. Wow. Und Spielzeughämmer? Da kannst du auch einfach den Bounce fragen. Der hat genügend von denen. Der hat sicher 50 von denen, die nur für dich bestimmt sind. Schlaf gut, Jutti. Schön warst du hier. Und träum süß, schönen Sonntag noch. Dienstag bin ich wieder live. Geht's weiter mit den Giveaways. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Und sorry fürs verspätete Vorlesen. Ich bin glaube noch nicht da gewesen, tatsächlich. Ich bin noch nicht da gewesen. Genau aus diesem Grund, wir haben die geärgert mit unserer Klimaanlage. Ach so. Was haben wir da? Adrian! Das wäre aber auch geil. Barracks, ich liebe die Idee. Nein, ich habe noch keinen Rucksack gemacht. Ich muss zuerst noch mehr Küssis bestellen. Das, was ich habe, hat der Gizmo schon angefangen zu bearbeiten. Oh no. Aber Rina, ne? Fienchen will da einen Rucksack machen aus einem Franziskuskissen. Das ist die Idee. Du redest genau so, Jenny.
Ich habe mich gar nicht geachtet, wie ich rede. Das ist einfach so meine «Ich mache jemanden Nachstimme». Das haben wir doch, aber Chat, das haben wir doch alle, oder? Das haben wir doch alle. Wenn wir jemanden nachmachen, dann haben wir eine spezielle Stimme für das. Hä, Pizza Hawaii, weiss nicht. Haben doch nichts mit Pizza gehabt. Okay, fair enough. Also Jenny, du darfst wieder raus. Das ist eine Ausnahme, hä? Armageddon. Oh, precious. Sorry, mentale Flashbacks von Guilty Gear Strive mit May. What the... Okay. Sagt mir jetzt nix. Habe geschafft heute, habe erst jetzt Weekend. Oh, dann war mit. Aber hey, dann genießt jetzt dein Weekend. Hey. Ich hoffe, du hast es nicht streng gehabt. Ich hoffe, du kannst jetzt aber auch ein bisschen das Weekend geniessen und so. Das heisst, du schaffst am Samstag am. Hast du am Montag noch frei dann? Flipper. Ja, okay. Ah, ist leider kalt, Chat. Ein Wort. Blau. Okay, ja, okay. Ich weiss sogar, auf was es das Spielung ist. Ja, blaues Licht wäre da. Was tut es? Es leuchtet blau, aber dann wäre blau nie eine Antwort. Ja, habe Franziskus heute im Ikea gesehen, das ist ein Kisten mit Tasche, richtig süß, aber nicht geht über das Original. Hast du gehört, Franziskus? Hast du gehört, was die Rina gesagt hat über dich? Rina hat gesagt, du bist eine ganz komische Banane. Das hat sie gesagt. Oh nein, ich habe gesehen, dass der einen klippt. Oh, please, no. Er hat es natürlich geklippt. Oh, no. Ich mache mal weiter im Chat. Ich komme da schon noch zu dem Clip. Gut, dass es nur ein Wort gibt. Ja, darum, ich weiß ja nicht, das ist echt schwierig, aber ich finde es immer schön, was für Inspirationen das dann kommen. Wenn ich so ganz vage bin, da kommen mega viele Inspirationen. I Am Steve, Doubtfire, Octagon, This Stop Signal, nope. This Stop Signal was? This Stop Signi Sanok. Ich bin zu müde für das. Oh, Wakanda Forever. Inconvincible. Woher kommt jetzt das? Was habe ich gesagt, dass ihr jetzt auf da gekommen sind? Obviously. Also, der Moment war in einem Interview. In einem Interview-Chat, nicht in einem Film. Interview. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich Musik schon ein bisschen leisiger machen. Hm? Ja, wobei, es ist immer noch schwierig. Oh, Freddy, sorry, ich bin auch wieder mega hinten nach. Freddy, ich hoffe, du hörst es noch. Und so schlage ich dir das in Gedanken jetzt. Mit Gedankenübertragung lese ich das vor. Gute Nacht, Comedy Freddy. Du hure Legende. Möge die Macht mit dir sein und dir süße Träume mit Obi-Wan Kenobi und Pengu schenken. Not. Ruhe dich gut aus und tauche ein in eine galaktische Traumwelt. Der Freddy ist noch da. Let's go! Freddy, ja, du weißt, ich bin immer ein bisschen nachher. Aber ich versuche auch immer alles vorzulesen. Freddy, schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schönen Sonntag. Auch für dich, wenn du bei den nächsten Giveaways auch dabei sein. Dienstag gehe ich wieder live. Ziehe ich wieder zwischen 10 und 11. Und Freddy, Mann. Jetzt machen wir einen Showclip. Comedy Freddy. Jetzt nehmen wir aber einen neuen Chat. No fucking way. Wie? Wer? Jonathan? Nein, come on. Ohne Scheiß jetzt. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, ich schränke es schon ein, wenn ich sage, es war ein Interview gewesen, aber da können ja so viele Sachen sein und findest ihn einfach Jonathan. Holy! Kopfverdeckel. Okay, jetzt hast du mich beeindruckt, Fienchen. Nicht das erste Mal, aber du hast mich beeindruckt.
Scuffboy YouTube, auf YouTube kommst du aus Bayern. Klingt das bayerisch? Nee, ich komme nicht aus Bayern, ich komme aus der Schweiz. Scuffboy, woher kommst denn du? Schweizerdeutsch, das ist das Schweizerdeutsch, das du hörst. Eine der 4 Sprachen, die wir in der Schweiz reden. Showclip, Comedy Freddy, habe ich machen, Chat. Vier. Nein, Freddy, jetzt reiss dich zusammen. Nicht gerade durchdrehen. Was war das für ein Spiel gewesen? Und jetzt gibt es gerade noch einen zweiten Clip. Mhm. Also ich weiß nicht, was du meinst. Okay, aber so true. Ja, so true, tatsächlich. Und Freddy, nochmal gute Nacht. Und lieber Chat, schaut unbedingt da beim Comedy Freddy rein. Ganz unterhaltsamer Dude. Ist auch wieder relativ neu am Streamen. Indiana Jones war, glaube ich, letztes Mal, wenn es mich nicht täuscht. Heisst aber nicht, dass er unbekannt ist. Ja. Der hat natürlich seinen Namen mal gemacht beim Geekstöbli und jetzt wieder neu am Stream. Also unbedingt vorbeischauen und wenn es euch gefällt, reinfollowen, Chat, ganz wichtig. Und bye bye, Freddy, mach's gut, tschüss, bye bye. So, jetzt muss ich da mal schnell schauen, wo ich bin. Chat, ich bin fast 9 Minuten wieder hinten nachher. Aber ich überflüge mal schnell ein bisschen. Was hast du für eine Cam? Oh, that's a trick question, Chat. Eigentlich habe ich eine Cam, das ist ein Sony Alpha 6100. Nummer ist die Cam, die ich jetzt gerade aktiv habe. Ich würde jetzt mal sagen, qualitativ gibt es fast keinen Unterschied vom Bild. Aber weil ich auch für brack.ch den Tech Talk mache, ich muss es schnell erklären, weil sonst macht es keinen Sinn. Weil ich für brack.ch den Tech Talk mache, habe ich dort eine Kamera bekommen und das ist die jetzt gerade dran ist. Das ist ein Sony FX30. Nein, ist viel zu teuer, Chat, I know. Aber ein Sony Alpha 6100 oder irgendetwas in dieser Region, ich kann euch garantieren, hat etwas genau das gleiche Bild. Mit dem richtigen Objektiv dann. Und wenn du noch wissen, was ich für ein Objektiv habe, ich habe ein Sigma, oh mein Gott, es steht irgendwann mit den Panels. Sigma 16 mm f1.4, glaube ich. Schön war ich hier, schön war der Stream, True Jutti, schön warst du hier. Ja, Chat, ich sage es immer wieder, ohne euch wäre da gar kein Stream. Ja, es wäre kein Stream, es wäre kein Giveaway und es würde nicht Kokain umregnen. Das habe ich alles euch zu verdanken, Chat. Jenny, why? Oh no. Please, no. Es ist nicht einmal die Musik um. Jenny, es ist ja gar nicht, wir haben nicht einmal eine Referenz, wir wissen gar nicht, um was es geht. Und wenn Jenny einen Clip macht, dann ist es passiert, Chat. Dann ist es schon in Stein gemeißelt. Okay, ja, fair enough. Guter Clip. Jenny, ja, guter Clip, muss ich dir geben. Jetzt muss ich da noch schnell ein bisschen im Chat scrollen. Bounce, wie machst du das zusammen mit dem Chat? Das habe ich jetzt schon beantwortet. Cam zum Streamen. Ist sehr Troilina ähnlich gewesen, hat mir noch gefallen. Eine Rausnahme.
Oh, haben wir jetzt von der Stimme geredet? Ich bin halt 10 Minuten hinten nachher. Danke vielmals. Geh jetzt aufs WC sitzen und essen einen Zimtstern. Ich habe dich wieder rausgeholt. Hast du am Montag frei? Nein. No, nein. Wann hast du denn frei? Dann. Ist sicher ein anderer Tag. May aus Guilty Gear hat einen Raschangriff, wo sie mit einem Delfin angreift. Da hatte ich per Random Delfin ausgelöst. Und gerade in den Anfängen von Strive war es eine übliche May-Strat, dass man den Delfin spammt. Oh, okay. Okay. Chat. Da haben wir was gelernt. Troy hat auch so viel Ahnung von Film und Schauspiel. Ja, true. Für dich wäre es schwierig gewesen, Jenny. Und die Frage haben sich erübrigt, ihr habt es herausgefunden. Aber das ist auch, Stop It wäre auch, da weiss ich sogar welches Meme. Was ist da? Mein Baby gehört zu mir. Das ist ein Wort, wenn man es aneinander schreibt. Jenny? Let's go. Da ist es gewesen. Da ist es gewesen, Chat. Jonathan. Ohne Scheiß, eigentlich auf die Idee gebracht hat mich die Lulu, dass ich das einbaue. Jonathan. Weil, ich kann jetzt natürlich auch erklären, für all die nicht wissen, was jetzt Jonathan ist. Als erstens mal, der Paul Rudd sagt es. Und der Paul Rudd wird endlich in einem Interview gefragt, wie heisst der Hammer vom Thor? Was hat der für einen Namen? Und er sagt auch, Jonathan. Und das ist so gut. Das ist so gut. Genau, war Paul Rudd, true. Let it snow, let it snow, let it snow. Fienchen cheatet doch wieder. Fienchen kann gar nicht cheaten. Fienchen hat auch keinen Zugriff auf die Easter Egg-Liste. Es ist noch ein Easter Egg offen, das ist aber nicht interessant. Okay, lösen wir es gleich noch auf. Es ist ein Soundeffekt, den habe ich schon mal als Kanalpunkte-Belohnung drin gehabt. Kommt in vielen Spielen vor. Wahrscheinlich alle das jetzt schnell, oder? Ich komme aus Bayern. Du kommst aus Bayern. Okay, das Kaufbau sehr interessant. Verwundert mich jetzt, weil du gefragt hast, ob ich aus Bayern komme. Aber dann klingt das Schweizerdeutsch so wie das Bayerisch. Ist das sehr ähnlich, so quasi. SOS werden Clips zeigt. Ja? Caps Lock. Ja, mega umstudiert, was für eine Einwort-Antwort in einem Interview dann überhaupt so kann rausstechen. Ja, aber es ist schon nicht. Aber ja, dann, wenn du es dann herausgefunden hast, mit dieser Frage, die du dir selber gestellt hast, dann habe ich endlich etwas Gutes gewählt. Mir wird es spät, also verabschiede ich mich demnach. Viel Spaß noch, schönen Stream noch, bis ein andermal und gute Nacht lieber Carnage Rage. Mögen deine Träume voller Abenteuer sein, in denen du gegen Bananen kämpfst, aber am Ende siegreich bist. Lass die Sorgen des Tages ausbluten und schlaf elendig gut. Hey Carnage, let's go. Schön warst du hier und ich wünsche dir eine ganz schöne Nacht und einen schönen Sonntag. Bye bye Carnage. Die eigene VOD schauen ist schon ein bisschen cringe, ausser wenn du ein Highlight schneiden willst, oder? Ja. Hadouken! Gebe ich dir recht, M&A, gebe ich dir recht. Ich finde das immer cringe. Aber ich habe mich auch ein bisschen daran gewöhnt. Weil jetzt mache ich es eben wieder, weil ich das Mikrofon besser einstellen will. Und ich habe jetzt wieder ein neues Preset gemacht und dann werde ich wahrscheinlich wieder mein VOD einfach laufen lassen. Es ist cringe, aber ich konzentriere mich auf meine Stimme dann. Einfach so analysieren, ist es gut, ist es nicht gut. Und dann mache ich wieder eine Einstellung, aber manchmal muss man es eben machen. Und das ist etwas, was ich Streamer immer empfehle. So cringe wie es ist, schaut euch eure eigenen VODs, sonst könnt ihr euch nicht verbessern. Sonst habt ihr keine Ahnung, wie ihr wirkt. Ihr wisst nicht, sind ihr unterhaltsam? Ihr wisst nicht, ist der Audiomix gut? Sind ihr gut positioniert auf der Kamera? Weil wenn man streamt, kann man ja, also gerade das Audio kann man selber nicht beurteilen. Run.
Aber hey, auf jeden Fall eine gute Frage. Finde ich auch ein interessantes Thema tatsächlich. Ist immens wichtig zur Qualitätskontrolle und um sich sicher, um sich selber zu reflektieren, was man besser machen kann. Natürlich nicht der ganze, aber so Stichprobe. Genau so. Aber ich mache es so, wenn ich Audio irgendwie etwas verbessern muss. Und das ist jetzt genau das, was ich aktuell mache. Dann starte ich irgendwann einfach das VOD und dann bin ich am Arbeiten oder mache sonst etwas und ich höre mich einfach selber. Und dann höre ich auch sehr gut raus, wenn irgendwie etwas nicht stimmt. Weil es kann jetzt sein, dass ich zu viel Bass habe, weil ich den Bass ein bisschen aufgenommen habe. Also halt, jetzt im Moment bin ich halt auch mit Equalizer-Einstellungen am Rumprobieren. Und das geht so schlecht. Also, Plätsch, du kannst da vielleicht auch sagen. Es ist mega schwierig. Also erstens mal, wenn man sich beim Monitoring selber hört, hat man keine Chance zu beurteilen, wie es tönt. Wenn man so kurze... Get to the chopper! Wenn man so kurze Aufnahmen macht, die off-stream sind, also wenn man jetzt echt schnell auf Record drückt und schnell ein bisschen ins Mikrofon reinlabert, es ist auch nicht das Gleiche, wie wenn man nachher wirklich streamt und einfach so ist, wie ich jetzt bin. Und in dieser Lautstärke redet, es ist etwas ganz anderes. Darum, man kann Equalizer-Einstellungen meiner Meinung nach nur machen, wenn man seine eigenen VODs wieder checkt. Oder jemand anders für einen die Einstellungen macht. Ja, Chat. Ja, der Clip ist wirklich gut gewesen. Ein Sound, wo in Games vorkommt und er mal als Kanalpunkt drin hat. Genau. Findet man vor allem so ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht nur, also nicht ausschließlich, aber es ist ja nicht, vielleicht ist es schon gekommen, ich habe es nicht gehört, I don't know. Nicht ausschließlich, aber vor allem in Shooter-Games. So, jetzt aber, Chat, jetzt aber. Bei dem Kampf gegen Bananen muss ich wohl wieder Donkey Kong anfassen oder so. Piu Piu? Ist es nur ein Wort? Ja. Ist, glaube ich, ein Soundeffekt. Korrekt? Ist nichts Gesprochenes. Ich schaue noch häufig meine VODs. Aber dann kannst du auch bestätigen, dass das etwas bringt. Ich meine, du schaust ja auch, um zu schauen, was kann ich besser machen. Und das ist wirklich etwas, das kann ich nur empfehlen. Ich muss Easter Eggs testen, wo ich auf der Liste und nicht weiss, was es ist. Sorry. Ich mach nur, alles gut. Amicia, oh no, da würde ich mir gar nicht antun, Chat. Ich lasse mir meistens meine Würde nach dem Stream in Ruhe an. Manchmal mache ich das auch, weil ich weiß nicht wieso, weil ich da gerade so im Flow bin. Es klingt jetzt so komisch. Es nimmt mich dann am meisten, wahrscheinlich auch jetzt nach dem Stream, wird es mich am meisten wundern. Urlen, let's fucking go. C4. Das habe ich mal drin gehabt, Chat. Ist nicht so beeindruckend. I know. Ist vor allem von Rainbow Six Siege. Damals, als ich Rainbow Six Siege gestreamt habe, ist das einer der Effekte gewesen. Mit dem hat man mich so brutal verwirren. Weil auf das Geräusch reagiert jeder Rainbow Six-Spieler ganz sicher panisch. Okay, nice one, Ulen, nice one, geil. Um genau die Abstimmung vom Sound zum Mic herauszufinden, um zu schauen, ob es passt. Genau, klar. Das ist genau das, was ich auch meine. Ich habe mit meinem Live-Setup jetzt einen hohen Kampf. Gefällt mir noch gerade nicht der Sound, werde ich noch ein paar Mal wieder das VOD lassen und schauen, gehört halt dazu. Und ja, nach der Übertragung tönt irgendwie... Und je nach der Übertragung tönt es irgendwie immer anders. Sei so true. Und es braucht so viel Zeit. Also das ist jetzt schon der dritte Stream, wo ich... Nein, ich hatte schon 3 Streams mit dem Mikrofon. Und ich habe jedes Mal wieder irgendetwas angepasst. Und dann bin ich auch so, ich passe es ein bisschen an, lasse solo sein und sage mir, hey, der Hans-Uli hat ein Spielzeug an der Karte gezogen. Dann sage ich mir, nächsten Stream mache ich es so, lasse mir es an, ob es gut ist.
Und das ist, bei mir bezieht sich dann das halt über Wochen, bis ich mal endlich den richtigen Equalizer den Equalizer richtig eingestellt habe. Hey, aber alles, wo irgendwie Audio ist, und das muss ich Mr. Blatch nicht erzählen, und jeder und dem Clou und alle, die mit Audio und Musik zu tun haben, und Audioaufnahmen vor allem, das braucht Zeit. Und manchmal hört man es einfach auch nicht mehr. Manchmal kann man es einfach auch nicht mehr beurteilen. Das finde ich das Schlimmste. Als ich das Mikrofon bekommen habe, ich habe so lange an dem Equalizer herumgetragen und Testaufnahmen gemacht. Es hat alles nur noch Scheiße getönt. Ich habe wirklich gedacht, weißt du, ich schicke das Mikrofon wieder rum. Aber das Geile ist, dann habe ich das alte Mikrofon wieder reingemacht. Und auch das hat Scheiße getönt. Und ich dachte, ja geil, jetzt tönt auch alles Scheiße. Mein altes Mikrofon, mein Preset, das ich vorher hatte, hat wirklich einfach auch Scheiße getönt. Aber es ist auch gewöhnungsbedürftig, wenn man sich selber da sieht und hört. Ja. Ich bin jetzt der Meinung, ich habe mich schon mega daran gewöhnt. Aber ganz am Anfang hatte ich so Mühe damit. Ich hatte wirklich brutalst Mühe gehabt, wenn ein Clip gemacht worden ist und ich den musste schauen. Das war so komisch. Okay. Jenny ist am Easter Eggs testen. Genau. Ich glaube, ich habe alles dazu gesagt, was ich auch sagen wollte. Ist jetzt etwas gekommen? Ich weiss nicht, ob etwas gekommen ist. Vielleicht ist jemand gekommen. Chat, ist jemand gekommen? Hey, listen! Das war wegen dem Gummihammer schon. No. Okay, nein, alles gut. Er muss dich nicht entschuldigen, alles gut. Muss Schmarz bei dir melden oder machst du das? Wenn Schmarz nicht macht, dann mache ich es. Römer. Aber Schmarz kann sich natürlich gerne bei mir melden, per DM. Geht für mich ringer, weil dann habe ich direkt Erinnerung. Dann weiss ich genau, da muss ich noch etwas machen. Ich brauche ja... die Frage ist, ob ich es physisch muss verschicken oder digital. Physisch, also ich empfehle physisch, weil da gibt es einfach Goodies dazu. Aber hey, sonst ich melde mich das schon. Also keine Panik, ich melde mich bei allen Leuten dann spätestens in ein paar Tagen. Spätestens nächstes Jahr. Ich habe immer gemeint, das sagt mir Rainbow Six Siege. Es ist Siege. Rainbow Six Siege. Wir haben immer gesagt, gehen wir ein bisschen siegen. Aber ich glaube, das sagen sonst die Leute nicht so. Wir haben immer gesagt, siegen. Ich habe während der Dirigentenausbildung mehrmals eine 1-Stunde-Probe von mir müssen filmen und nachher analysieren, Körpersprache, was ich sage, wie ich korrigiere etc. Hyper unangenehm am Anfang, aber nur so wirst du besser und man gewöhnt sich daran. Ich habe die Erfahrung gemacht in der Weiterbildung. Interessanterweise bin ich dort schon am Streamen gewesen, aber noch wirklich so in den Kinderschuhen. Das ist genau, dort bin ich wahrscheinlich noch Rainbow Six Siege schon am Streamen gewesen. Für wenig bis gar keine Zuschauer. Also habe ich die Erfahrungen noch nicht wirklich so gehabt im Streaming, aber in der Weiterbildung haben wir es auch so gehabt. Haben wir müssen das ist so fucking unangenehm gewesen, wenn ich mich jetzt daran zurückerinnere. Stellt euch vor, wir kommen in den Unterricht und da sagt der Dozent, so, wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, um euch vorzubereiten für einen Vortrag, der mindestens 15 Minuten dauert. 5 Minuten. Und so, Vortrag, Vortrag ist vielleicht das falsche Wort. Und ein Vortrag ist ja dann nicht mit Folie und so. Aber es ist mehr so, einfach etwas erzählen. Ja, etwas erzählen, einfach ein Thema suchen und dann eigentlich erzählen darüber. Man kann sich wirklich fast gar nicht vorbereiten. Ich habe nicht einmal richtig gewusst, welches Thema ich nehmen, während ich auf dem Weg war nach vorne, vor die Leute.
Und dann habe ich irgendetwas erzählt, ich war so fucking nervös gewesen. Weil ich glaube, jetzt könnte ich es besser, aber ich hatte früher echt Mühe mit so Vorträgen. Ich bin immer gut gewesen, bin immer gut bewertet worden, aber innerlich bin ich so nervös gewesen. Und dann haben sie das noch aufgenommen. Also der Dozent hat das aufgenommen. Und dann haben wir selber noch mal schauen. Hey, das war so fucking unangenehm gewesen. Wirklich so, du schaust dir selber zu auf die Aufnahme mit planlos dort stehst, absolut nervös bist und irgendetwas laberst. Das war so unangenehm gewesen. Oh mein Gott. Jetzt habe ich wirklich gedacht, hoffentlich machen sie das nie mehr. Das will ich nicht mehr leben, das ist doof. Du weißt, ja, für Audio darfst du immer... Ja, Jenny weiss Bescheid über Audio, lieber Chat. Hey, ich sehe das Ende vom Chat, was ist passiert? Da ist etwas kaputt, Chat. Da ist etwas kaputt. Das kann nicht sein. Alles vertunet. Darum, also M&A, ich habe heute einmal gesagt, bitte sagt mir, wenn es scheisse tönt. Wenn ihr jetzt würde sagen, hey Troy, also irgendetwas stimmt heute nicht mit dem Mikrofon, dann würde ich einfach in das alte Preset reinmachen und that's it. Weil dann weiss ich schon, okay, jetzt habe ich überoptimiert, also ich habe es eigentlich verschlechtert. Und das Feedback ist immer wichtig. Vor allem, wenn mehrere Leute sagen, hey, es tut nicht gut, dann weiss ich, es ist nicht gut. Aber was gleichzeitig auch ist, Leute sagen schnell mal, es ist anders. Aber was heisst anders? Anders ist nicht gleich schlechter. Es ist einfach anders. Nein, so macht das absolut Sinn, Boys. Muss ich auch mal machen. Nein, wirklich. Du hast es jetzt gelesen von mehreren Leuten. Es ist empfehlenswert. Und durch den Cringe musst du durch. Den Cringe haben alle. Das liegt nicht an dir oder wie du bist oder wie du entertainst als Streamer. Das ist echt der Cringe, dort musst du durch. Egal, ich bin mir sicher, dass auch ich sage jetzt auch mal Gronk, weil er halt ein grosser Streamer ist. Aber ein Gronk hat wahrscheinlich die Cringe-Momente gehabt, wo er sich selber gesehen. Vielleicht hat er die immer noch. Gehört dazu. Ich kann das heute noch nicht mal. Also was denn vor Leuten, was so ein Vortrag und so? Meinst du das, Lizzie? Ja, wäre auch heute noch unangenehm für mich. Ich meine, klar, jetzt denkt ihr, ja, der Troy hockt hier da und labert ununterbrochen. Aber es ist was anderes. Ne? Es ist schon noch mal zu unterscheiden, ob man jetzt hier vor einer Kamera zu Hause in seinem Safe Space sitzt und streamt oder vor Leuten, die man je nachdem auch nicht kennt, physisch dasteht und was präsentiert. Und JV, ich bin aus NRW und verstehe nur die Hälfte. Hey, JV, ich grüße dich. Ich grüße nach Nordrhein-Westfalen und ich glaube, das ist eine NRW, ne, Chat? Ich bin aus der Schweiz, ich weiß doch das nicht. Ja, und ich bin aus der Schweiz, was du hörst, ist das Schweizerdeutsch. Das ist eine der 4 Sprachen, die wir in der Schweiz reden. Aber hey, die Hälfte ist schon mal nicht schlecht, ne? Ist schon mal nicht schlecht. Wie geht's dir denn, JV? Und by the way, Grüße nach YouTube natürlich. Und Nadje Azirovic. Was geht? Hey, ein bisschen am Chillen hier, ein bisschen am Just Chatten. Und wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr hier seid. Und dann gibt es Leute, die sagen, du bist mute oder du lagst. Und 2 Minuten später, oh nein, sorry, das bin ich. Oh nein, sorry, das bin ich. Habe ich vorher nicht das auch so gesagt bei der Jenny? Wo bin ich da? Bin ich da immer noch im Lachen? Nein, so habe ich nicht geredet. Ja, die gibt es auch. Da finde ich, es kann passieren. Don't get me wrong. Also, es ist 100 Pro irgendjemand jetzt am Zulassen, der das auch schon bei mir gemacht hat. Also, und natürlich nicht beabsichtigt. So wie es der Bounce jetzt geschrieben hat, man hat gemeint, hey, man ist mute oder man hat Delay und dabei, wenn es schnell F5 drücken oder den Kopfhörer einstecken, I don't know. Aber als Streamer ist es manchmal schon ein bisschen, wie soll ich sagen, es wirft einem ab der Spur, weil dann hat man das Gefühl, ja, ist jetzt etwas nicht gut. Spinnt jetzt Twitch? Bin ich noch live?
Muss ich etwas machen? Muss ich den Stream neu starten? Bin ich wirklich mute? Und dann hat es natürlich Chat, wie halt Chat so ist. Dann sagt man, hey, bin ich jetzt mute? Und dann also, ja. Und dann fragst du, bin ich immer noch mute? Und dann Chat so, ja, du bist immer noch mute. Bis man dann nicht begreift, okay, die trollen mich. Nein, ich weiss, was du meinst. Aber das ist auch so etwas, das gehört auch zum Streamer da sein dazu. Das gehört auch dazu. So ein Moment, Troll-Moment, wenn wir haben heute auch Beispiele gehabt. Manchmal spanne ich dann einfach raus. Aber einfach so Leute, da denke ich immer so, ja geil, jetzt kommen wir da rein und so, wollen trollen, ja okay. Yay, und was haben wir davon? Sind jetzt halt leider gebannt, I'm sorry. Also, und niemand hat irgendwie etwas davon, weil es nicht einmal lustig war. Wenn es wenigstens lustig wäre, come on. Wenn man wenigstens lachen könnte. Aber ja, das gehört, was ich jetzt sagen, auch das gehört dazu. Wo bin ich? Zeig mal das andere Mikro von Kompressor. Aha, also das ist mein altes Mikrofon und das da ist mein neues Mikrofon. Und das alte ist ein Audio-Technica AT2020 und das neue ist ein Earthworks Ethos. Auf das Mikrofon stößt man, wenn man auf Google sucht, was ist besser als das Shure SM7B? Dann kommt man auf das Mikrofon. Wo ein bisschen etwas kostet, aber hey, Chat hat mir es gegönnt. Ne? Hat mir das gegönnt. Darf auch sein, habe ich jetzt schon mal gesagt. Wo bin ich? Übrigens, M&A, du hast das Add-on von Franker Faces, habe ich auch. Aber was ich eben gemerkt habe, der hohe Kompressor, der kann auch recht von der Qualität her das Zeug ein bisschen kaputt machen. Also ich darf nicht meinen eigenen Stream mit dem Kompressor hören. Es tönt zum Kotzen. Dann würde ich da ewig am EQ umschrauben, wenn ich mit dem Kompressor meinen Stream hören würde. Ich weiss nicht wieso. Das ist irgendwie meine Stimme, wo der Kompressor ganz komisch darauf reagiert. Einmal bei diesem Plugin. Und Flat, wie geht's dir denn, Flat? Schnell schauen, wo ich bin. Es tut mir leid, dass ich ab deiner Empörung amüsiert habe. Hey, du musst dich... Was hast du jetzt wieder geklippt? Wir schauen den Clip an. Okay. Chat. Dann Hans, das noch aufgenommen. Ja, es ist so, Chat. Es sind keine Räubergeschichten. Vorträge halt, nein, gar nicht. Ich habe es vorhin noch erwähnt. Ne? Bei mir war es immer sehr speziell. Mir hat das Vorbereiten Freude gemacht. Das Vortragen war die größte Qual, weil das ist einfach nicht meins, ne? Also Lizzie, so wie bei dir. Und dann wurde ich aber immer gut benotet. Und nicht nur wegen dem Inhalt, auch wegen der Präsentation, wie ich es gemacht habe, wie ich geredet habe. Immer gut benotet. Und ich dachte so, holy shit, innerlich bin ich fast gestorben. Ne? So innerlich habe ich gedacht, hey, alles, was ich rauslasse, ist auch nur noch cringe und es ist auch nur noch blamieren. Aber das ist halt, vieles ist im Kopf, Chat. Habe ich auch müssen lernen. Vieles ist im Kopf. Und darum, so schlimm wie es ist, wenn man eine Aufnahme von sich selber schaut, darum macht es eben Sinn. Weil man erkennt dann schnell mal, hey, man muss schon ein bisschen durch den Cringe durch sich selber zu hören, aber irgendwann merkt man, hey, so schlimm ist es gar nicht. So schlimm ist es nicht, wie sie ja im Innen oder im eigenen Kopf ist. Gegen aussen ist das null so dann, oder? Chat, ich bin schon wieder 6 Minuten nach, immer wenn ich wieder so ein bisschen aushole zum Erzählen, oder? Also nicht das andere Mikro, nur das Preset oder zu schiessen, dass der Stream...
Ich kann dir nur schnell quasi zeigen, wie ich es vorher hatte und wie ich es jetzt habe. Das ist aber wahrscheinlich ein minimaler Unterschied. Aber ich kann jetzt wahrscheinlich besser sagen. Ich muss schnell schauen, dass alles stimmt. Also so habe ich es jetzt... ist immer noch so, wenn ich es jetzt den ganzen Stream eingestellt habe. Und so habe ich es im letzten Stream gehabt. Wahrscheinlich ein bisschen weniger Bass. Also ich kann euch genau sagen, Chat, bin ich noch live? Das ist mal die erste Frage, weil mein System meldet mir gerade, dass ich nicht mehr live bin. Das hat jetzt aber nichts mit dem Mikrofon zu tun. Ich glaube, ich bin noch live. Gameplay geht es eh nicht. Nein, das ist jetzt das Preset so, wie ich es im letzten Stream hatte. Und das ist jetzt wieder das Preset, wie ich es neu eingestellt habe. Ich könnte mir gerne das Feedback dazu geben. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Preset, damit ich es dann auch geschickt beurteilen kann. Nicht, dass ich plötzlich einen Mix habe und ich nicht weiss, was ist jetzt wo. Aber alle, die sich ein bisschen mit Audio auskennen, wenn ihr jetzt das gehört habt, also dürft ihr mir gerne nochmal sagen, wenn ich es umswitchen muss, könnt mir sehr gerne Feedback geben. Lieber Streamerbot, don't go on my balls, gell? Ich höre jetzt nicht, Chat, aber mein Streamerbot sagt mir, ich sage nicht mehr live. Haben wir uns beruhigt, lieber Streamerbot? Sind wir wieder da? Sind wir wieder da? Wir sind noch nicht da. Retry. Chat, ihr könnt jetzt im Moment gerade keine Sachen auslösen. Bitte einfach nicht auslösen, wo irgendwie so Kanalpunkt ist und so. Ich kann nicht garantieren, ob es funktioniert. Ja, ich sehe aber, das ist Twitch API. Jetzt hat gerade der Chat nachgeladen. Und das hat nichts mit Streamerbot zu tun. Streamerbot hat auch Mühe, so wie alles andere jetzt gerade über die Twitch API. Egal, ich habe es euch schnell gesagt, bitte einfach, wenn möglich, nichts einlösen, wo euch Kanalpunkte kostet oder so, weil ich nicht garantieren kann, dass es geht. Es macht einen riesen Unterschied, ob virtuell oder real, wenn ich Retour denke, wo ich das erste Mal einen öffentlichen Gig hatte, musste abliefern. Da ist man einfach scheiß nervös, aber das leidet sich. Hey, ja, es ist so. Es ist nachher nicht die Erfahrung, die irgendwann kommt. Es ist genau das Gleiche mit dem Streamen. Ja, für all die streamen oder eben da, wo der Clou macht mit DJ und so. Das erste Mal, ich bin so lange nervös vor dem Streamen-Chat. Ich kann euch garantieren, ich habe es schon mal erzählt, als ich für Brag.ch gestreamt habe, das ist noch nicht so verrückt lang her. Ich war vor jedem Stream fucking nervös. Ich war am Zittern, Chat. Am Zittern. Das ist noch dazu gekommen, dass ich so dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt eine ganze Firma vertreten, wo man kennt, oder? Wo man den Namen kennt. Da bin ich immer nervös geworden. Und das hat sich auch geleitet. Inzwischen habe ich dort wirklich auch nicht mehr so... Ich bin nicht mehr so nervös. Also eigentlich gar nicht mehr. So, fertig geschaffen. Darum jetzt ein richtiges Hallo Schmarz, Grüezi. Geht's jetzt nochmal zu deinem Gewinn? Hey Schmarz, du hast mir noch geschrieben, merci für das, aber das regeln wir dann alles noch off-stream, wie, was, wo und warum und wie viel und so weiter. Das kann man alles lernen. Mein Vater konnte kaum etwas erzählen, ohne sich zu verhaspeln. Er hat vor dem Spiegel stundenlang geübt, um als Dirigent vor Leuten stehen zu können. Ich weiß noch, da war ich noch sehr jung. Mit Fleiß und Wille geht alles. Heute ist er, by the way, Schulungsleiter und spricht täglich vor 100 Personen. Krass. Hey, es ist ja so. Also auch Lizzie, ne? Ich glaube, das geht allen so. Es ist ja, okay, nee. Es gibt vielleicht auch Personen, die sind so von Natur aus. Ne, die kennen das nicht, die Nervosität. Aber die meisten schon. Clip darfst du übrigens löschen, habe ich schon aufgeladen. Hey, alles gut, Jenny. Ich gehe dann ab und zu gar nicht wieder durch. Aber ich lösche jetzt nicht auch Clips raus, wo... Eigentlich immer, wenn die Clips angeschrieben sind, dann lasse ich sie sein.
Ausser sie sind doppelt, dann lösche ich einen raus. Lieber Troy und Chat, ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Sonntag. Murti. Hey Murti, es ist so schade, mit meinem neuen Mikrofon kommt die Tekla nicht mehr zur Geltung. Und auch die Luna Lovegood, die ich da noch habe. Und das Piratenschiff von der Lulu. Das ist ein bisschen der Nachteil vom neuen Mikrofon. Weil es so raussteht, ist der ganze Arm ein bisschen versteckt. Aber Murti, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schönen Sonntag und schön bist du da gewesen. Und wenn ich irgendwann mal so für meine Würfel etwas brauche, aus Leder, dann melde ich mich. Mutti, mach's gut, tschüss, bye bye. Bis 7,5 Minuten hat noch ein Chat. 7,5 Minuten bin ich dem Chat hinterher. Das macht bei mir nur die Stimmleute. Muss ich ganz schnell überlegen. Den Boden aufgenommen, ja, richtig. Also, interessant, es ist noch verrückt, ich habe ja so lange rumgespielt am Equalizer. Das Preset vom Equalizer, das ich jetzt auf dem Mikrofon habe, jetzt in dem Moment ist genau das gleiche, wie ich auf dem anderen Mikrofon hatte. Jetzt habe ich das Gefühl, ich muss da alles neu einstellen bei diesem Mikrofon. Und da habe ich immer wieder gedacht, ja, noch ein bisschen optimieren. Und schlussendlich bin ich wieder genau der gewesen, wo ich schon beim anderen Mikrofon war. Also das ist auch jetzt ein Fun Fact. Aber natürlich ist schon jedes Mikrofon auch ein bisschen anders, von der Frequenzen her und so. Die Räubergeschichte, sagt Jenny. Habe ich Gameplay gehört? Ah nein, ist immer noch Troy am Plappern. Flöro, Mann. Meine Lehrerin in der allgemeinen Bildung hat mir mal gesagt, nach der SVA, Selbstvertiefungsarbeit, wenn ich euch nicht kennen würde, hätte ich nie festgestellt, dass ihr das Präsentieren keine Minute geübt habt. Okay, das finde ich eben. Aber jetzt ohne Scheiß, beides hat so Vor- und Nachteile irgendwie. Also ich rede jetzt von perfekt auf etwas vorbereitet sein und schon wochenlang im Voraus das geübt haben und vor dem Spiegel noch etwa 50 Mal geübt zu haben, versus einfach hinstehen und erzählen. Weil ich bin dann, das ist noch schwierig, ich bin weniger nervös schlussendlich, wenn ich relativ spontan von etwas erzählen kann, wo ich mich auskenne. Als wenn ich etwas vorbereiten muss, wo ich mich vielleicht nicht so auskenne, aber dann eben genau mir das Wissen zuerst mal einhämmern muss und dann ja nicht vergessen, wenn ich vor den Leuten stehe, dann werde ich eben eher nervös, weil ich die Angst habe, dass ich irgendeinen Scheiß rauslasse, der nicht stimmt oder mich verplappern oder keine Ahnung, den Faden verlieren. Mir geht es eben fast besser, wenn ich einfach spontan das mache. Ja, natürlich, die Streams, die ihr hier gesagt, die sind immer eingeprobt. Also das ist immer nach Skript. Alles, was ich hier erzähle, nach Skript. Auch Chat habe ich so instruiert. Also alle ausser du natürlich. Du bist jetzt echt dazugekommen. Aber alle sind natürlich instruiert, was sie wenn schreiben, damit es in das ganze Skript passt. Ich bin noch live, merci. Ja, es ist nur schnell, Twitch API hat schnell einen Hiccup gehabt, das haben wir hier im Chat noch gesehen. Nachdem der Chat durchgedüst ist. Ollen, wo bist denn du? Oh, Lisi, ihr trollt mich, ne? Ein bisschen mehr Bass, aber wenn du nichts gesagt hast, wäre es fast nicht aufgefallen. Darum, ich habe das Gefühl gehabt, dass es ist so ein minimaler Unterschied, dass der 0815 Hörer nicht kann sagen, das ist jetzt besser. Schlussendlich muss ich dann entscheiden, was ist besser. Chat 7 Minuten. Also der Stream läuft, let's go. Wir hätten dort mal gesagt, toll, wie du verkaufst, aber jetzt sollte noch etwas dahinter sein. Hey, ich weiss, ich bin 6 Minuten noch I don't fucking care, ich erzähle jetzt auch mein Zeug ein bisschen. Ich finde das geil. Ich habe mal das Gegenteil erlebt. Also, ja, das Gegenteil vielleicht nicht. Ich erzähle schnell, wie es bei mir war. Wir müssen bei der Weiterbildung haben wir auch einen Vortrag vorbereiten, wo wir ein
Ich weiß, was ich meine. Wie ist das Wort, Chat? Fiktional. Fiktional, danke vielmals. Wo wir ein fiktionales, das ist also ein geiles Wort, ein fiktionales Produkt haben müssen vorstellen in einem Vortrag. Und das Produkt, das ist irgendwie, es ist, glaube ich, so eine Art Businessplan. Ich glaube, es war ein Businessplan, den wir schlussendlich machen mussten. Und in diesem Businessplan ist natürlich ein Produkt dahinter, das wir als fiktionale Firma wollen, präsentieren, verkaufen oder wie auch immer in diesem Businessplan drin haben. Und dann haben wir, also wir sind das Dritte gewesen, und dann haben wir das vorgestellt und wir haben das anscheinend, also erstens mal, wir haben irgendwie etwa 2 Stunden Zeit gehabt, oder eine Stunde, I don't know, 2 Stunden, ich sage jetzt auch mal 2 Stunden Zeit gehabt, so etwas vorzubereiten. Und wir haben wirklich gedacht, wir hatten einen hohen Scheissdreck, oder? Und ja, egal, dann müssen wir es auch mal präsentieren. Und der Dozent hat ihn so gefragt, ja, aber habt ihr das wirklich, also das Produkt, habt ihr das wirklich? Und wir so, ja. Weil wir sind auch in unserer Rolle geblieben. Wir sind dort gestanden und haben unser Produkt präsentiert. Wo ja, quasi, das war das Szenario gewesen. Und wir sind natürlich in unserer Rolle geblieben. Und dann denkt er, ist auch in seiner Rolle, der Dozent. Und er so, ja, habt ihr das wirklich? Und wir so, ja, natürlich. So, und dann hat er so gesagt, ja, aber dann, also da müsst ihr unbedingt, da müsst ihr wirklich weitermachen dran. Also das ist mega, mega cool und so. Und wir haben nicht richtig gewusst, ist jetzt das quasi, sagt er das außerhalb vom Szenario oder ist das immer noch Teil vom Szenario? Und der hat uns effektiv geglaubt, dass wir das Produkt könnten entwickeln, das wir dort vorgestellt haben, wenn wir es so gut übergebracht haben. Ja, ist noch schwierig. Es ist, ich weiß auch nicht mehr genau, was es war. Es ist irgendwie um Verpackungsmaterial gegangen, es ist um Verpackungsmaterial gegangen, wo wir einfach quasi haben, man kann das Füllmaterial nehmen und auch in die Natur rausrühren. Und wirklich, wir haben es noch so verkauft, dass wir sagen, es wächst sogar noch ein Bäumchen drin. Pro Packung, die verschickt wird, in diesem Füllmaterial ist noch ein Sämchen drin, wo noch ein Bäumchen wächst. Das war es irgendwie gewesen. Und das war so hin und weg von dieser Idee, die wir dort hatten. Holy shit. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich erzählen wollte. Ohne den ganzen Kontext und was es ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Aber ich habe diesen Weg mal erlebt. Chat, jetzt muss ich schauen, wo ich bin. Ich bin sicher 10 Minuten hinten nachher, oder? Praktia-Streams sind kleiner als die eigenen. Ja. Sind es schon immer gewesen. Aber trotzdem bin ich nervöser gewesen. Weil einfach der Gedanke war, ich habe eigentlich die ganze es ist jetzt auch übertrieben, natürlich ist es nicht so, aber ich habe das ganze Image von der Firma auf meinen Schultern. Oder? Wenn ich etwas Falsches rauslasse, und es hat schon Regeln gegeben, was geheißen hat, also Fluchen sicher nicht, Fuck sicher nicht sagen. Und da rutscht mir halt dann schnell mal raus, so ein Fuck, wenn ich dann auch ein Gameplay mache. Und dann bin ich so nervös geworden. Ich habe mir gedacht, hey, shit, man, wenn ich etwas Falsches sage, dann schmeissen die mich raus. Nein, ich wüsste vielleicht, was ich meine. Das war auch so ein bisschen das Gefühl. Ist also doch so eine Laffery. Ich bin jedes Mal noch nervös, wenn ich den Stream anwerfe, geschweige denn, wenn ein grosser Raid reinkommt, zu 100% verliert man es. Nein, ja, absolut richtig, verliert man es nie. Aber man lernt damit umzugehen. Und da finde ich aber bei mir auch interessant, ich erinnere mich immer wieder an den Moment, ich war dort am Streamen, ich war im Landwirtschaftssimulator, im letzten, das war vor vielen Jahren, Chat. Ja. Und dann ist ein 30er-Raid reingekommen, von einer Streamerin, die ich eben selber auch gefolgt habe, aus Deutschland. Und ich bin wirklich, es ist so wirklich cringe. Wenn ich jetzt da schaue, es wäre wirklich cringe-fest. Weil ich bin so nervös gewesen, ich habe nicht richtig gewusst, was ich muss sagen, wie ich muss reagieren. Und ich bin noch einfach offline gegangen, weil ich einfach nicht mehr können. Ich war so überfordert gewesen, ich bin offline gegangen. Ich habe das Schlimmste gemacht, was ich machen kann. Und natürlich habe ich, zuerst schon so 10 Minuten bin ich schon rum gewesen, nachher bin ich auch offline gegangen.
Ja, ich bin auch geflüchtet. Aber ja, das war vor vielen Jahren. 30er-Rate, absolut, das ist absolut der Rekord. Bis dahin habe ich vielleicht so Maximum 6er-Rates bekommen. Dort bin ich schon nervös gewesen. Und dann kommt ein 30er-Rate und ich bin komplett neben den Schuhen gewesen, Chat. Komplett. Und jetzt, ich nehme jetzt halt auch das Beispiel, weil das aktuell ist, kommt ein Raid mit 700 Leuten rein, ja, von der Freya, merci Freya. Und ich bin nur noch ein Bruchteil, ich habe nur noch einen Bruchteil von dieser Nervosität, die ich damals hatte. Natürlich ist es dann schon gerade ein bisschen, oh mein Gott, 700 Leute, oh, holy shit, man. Aber ich weiss, wie ich es handle. Ich weiss, was ich machen muss. Ich weiss, ich kenne meinen Content, ich weiss, was ich den Leuten bieten kann. Und ich weiss, was ich den Leuten auch etwas bieten kann, vor allem eben mit Fotos und Postfight und so weiter, dass ich eigentlich fast gar nicht mehr nervös bin. Und das ist eigentlich schon krass, als ich das realisiert habe. Shit, man, ich habe vorher einen 700er-Raid reinbekommen. Ich war ein bisschen nervös gewesen, ja. aber ich bin nicht annähernd so nervös gewesen, wie ich gedacht hätte, dass ich es wäre. In so einem Fall. Oder nicht mehr vor allem eben. Man lernt dazu. Man lernt damit umgehen. Da, wo der Clou sagt. Hey, Highway Racer, alles gut. Alles gut. Don't feed the trolls, Highway Racer. Ist gut. Don't feed the trolls. Okay. Und Ziel erreicht vom Troll. Highway Racer, nice one. Da gilt immer die Regel. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, wieso. Ich weiß schon wieso. Don't feed the Trolls. Lass die Trolls einfach sein. Wenn man sie nicht beachtet, dann sind sie auch gleich wieder weg. Ich muss sagen, dass aber Sapta mir sehr viel hilft als DM. Je öfter ich das mache, desto dümmere Antworten kann ich geben auf die noch dümmeren, aber meistens geile Idee der Spieler. Ja, das habe ich so ein bisschen gemerkt tatsächlich. Also ja, ich kenne mich nicht aus, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann auch nicht deine Entwicklung beurteilen, aber ich habe gemerkt, du kannst sehr schnell, ich sage jetzt mal, umgehen, aber umgehen im Sinne von, okay, du hast jetzt das gesagt, weißt du was, dann machen wir etwas daraus. Und zu deinem Nachteil machen wir jetzt etwas daraus. Das kannst du sehr gut. Das ist fucking wirklich auch stellenweise faszinierend gewesen, wie gut du das kannst, Ulmen. So, Chat, ich muss mal schnell ein bisschen vorwärts machen. 11 Minuten lese ich da. ASMR am Kamin heute. Hey. Oh, wenn ihr ein bisschen ASMR-Chat? Also wenn ich da ganz neu reingehe als Mikrofon, wie tönt euch das? Dann müsst ihr aber da noch Musik ein bisschen wegmachen. Okay, gut, wir lernen es sein. Es ist immer ein hoher Aufwand, das Skript auswendig zu lernen. Jetzt, nach 9 Minuten habe ich wahrscheinlich jetzt den Faden verloren. Der Chat. Der Chat mit mehr, alles gescriptet. Feinchen. Und das ist eben noch, das ist jetzt so Scriptception, das wir jetzt gerade haben. Im Skript steht, dass sie das schreibt. Also, das steht auf meinem Skript, das ich vor mir habe, Chat. Aber ich sage trotzdem mal gute Nacht, mein Küssi ruft. Der Ruf vom Küssi, hey ja. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und danke für den Stream, Troy. Hey, Clou, danke dir fürs Dabeisein. Clou hat vorhin erwähnt, dass er auch streamt, darum schauen wir schnell. Clip haben wir wahrscheinlich nicht. Mache ich schnell einen ganz normalen, stinknormalen Shoutout, lieber Chat. Da, der liebe Clou. Streamerbot. Ich habe selber gesagt, er ist nicht verbunden, oder? Chat, ich muss mal schnell den Streamerbot killen. Also jetzt der Shoutout mache ich jetzt noch, Chat. Den nimmt mir jetzt niemand weg. Auch Twitch API nicht. Ja, jetzt müsste er noch so richtig kommen, oder? Der Shoutout, Clou. Der wär's geil. Come on, Streamerbot. Lass mich nicht hängen, Mann. Lass mich nicht hängen.
Connecting. Connected. Komm, der letzte noch. Der letzte noch. Lieber Streamerbot, du schaffst es. Come on. Yes. So, lieber Chat. Geht da beim lieben Club Music reinschauen. Der Name sagt alles. Musik läuft da, DJ und so. Sympathischer Dude auf jeden Fall. Reingehen, reinlassen. Wenn es euch gefällt, followen. Und Clou, schön bist du dabei gewesen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut. Und bis zum nächsten Mal. Ich erinnere da an dieser Stelle nochmal, am Dienstag ist der nächste Stream. Wenn ihr Giveaways nicht verpassen wollt, dann müsst ihr am Dienstag wieder dabei sein. 052. Plätsch muss sagen, ich bin freiwillig da und habe kein Skript. Oh shit, zu viel kapiert. Nice, Mann. Ja, sehr gut. Vor allem noch 0:52 Uhr. Stellt euch mal vor, ihr hättet so ein Skript vor euch. Und müsst einfach da sein und im richtigen Moment eure Nachricht posten. Und wenn ihr es vergesst, dann läuft alles schief. Das ist echt pures Chaos da. Ich weiss nicht, was ich muss sagen. Niemand weiss, wann muss ich jetzt was sagen. Jetzt bin ich einfach bei fiktional angekommen, Chat. Fiktiv. Ich kann bestätigen, dass das Skript hier liegt, aber was soll mindestens halbe Stunde Pause zwischen den Nachrichten lassen bedeuten? The Rule Master. Let's go. Bedeutet genau das. Einfach dann schreiben, du hast den Timestamp und dann musst du schreiben. Nein, Jenny. Oh, komm, oh, ficken. Ficken, Chat. Hallo, liebe Raiders. Shiny Jesse _rated mit 4 Lüt. Ich bin gleich bei euch, Chat. Jetzt höre ich mein eigenes Mikrofon. Jetzt habe ich mich aufs... Hey, liebe Raiders. Wo ist denn hier die Animation? Wo? Oh. Shiny Jesse, danke für den Raid und Schnecke und Jesse, grüezi miteinander. Sorry für die Verwirrung, es lief gerade ein Clip von mir, welcher Chat gemacht hat und ich wollte den jetzt gucken und jetzt hat es natürlich alles pausiert. Hey, wie war euer Stream? Shiny Jesse? Oder ja, wie war dein Stream? Und was gab's denn? Jesse, die Legende, hey. Die IKEA-Legende. Ja. Und irgendwann müssen wir mal über den Franziskus reden. Wieso ist der bei Franziskus? Wieso hast du deine Seele an IKEA verkauft? So, Chat, wir machen noch ein Foto. Und jetzt versuche ich noch kurz ein bisschen die wichtigsten Nachrichten im Chat nachzulesen. Und dann, ich sage aber natürlich noch, was Jesse schreibt, war geil. Fields of Mystria, weiter und dann Cyberpunk als neues Projekt angefangen. Oha, Cyberpunk würde mich halt auch mal reizen. Das würde mich auch mal reizen, Jesse. Wie findest du denn Cyberpunk und spielst du es zum ersten Mal? So, Chat, Raiders, alle einmal Ausrufezeichen, Foto eingeben. Kommt alle aufs Foto drauf, zusammen mit dem lieben Jesse. Dem Jesse Boy, dem Rott und mir. Alle einmal Ausrufezeichen Foto. Und ich lese dann noch kurz weiter. Der Treu hat Littering aus neuartig, innovativ und umweltfreundlich verkauft und Lob dafür bekommen. Ja, wie gesagt, das ist, habe ich das gesagt, dass die Idee war, dass natürlich das Material löst sich auf. Also wirklich, und das ist nicht nur einfach, man rührt es in den Wald hinein und nach 50 Jahren ist es dann einmal, quasi weg. Sondern du rührst es in den Wald, dann kommt es regnen und es ist weg. Also es ist wirklich so, wir haben endlich ein Produkt verkauft, das sich im Wasser komplett auflöst und dann noch Sämli drin hat. Der Samenchat. Gell, Jesse? Du bist ein bisschen zu jung für das Thema.
Ah, Jesse. So, noch schnell ein bisschen Chat nachlesen. Hast du heute... Oh! Hey. Chat, machen wir gerade. Es ist schon spät und das mache ich jetzt noch schnell. Nein, ich habe noch nicht genug verlost, Chat. Natürlich nicht. Aber, lieber Chat, zuerst mal machen wir das Foto. Ich habe aber jetzt auch noch eine Verlosung gestartet, wo ich so eine Eichel hier verlose. So eine Eichel gibt es jetzt noch zu gönnen. Von den Fienchen gemacht. Magische Eichel, Glücksbringer. Ausrufezeichen Eichel in den Chat rein. Warlock übrigens, grüezi. Ausrufezeichen Eichel in den Chat zum Mitmachen. 15 Minuten lang dauert das Mini-Giveaway. So, Chat, ich muss schnell schauen, wo ich bin. Merci übrigens, Fienchen, fürs daran erinnern. Bartkratzen. Sieht man, das ist, da verdient eine ganz eigene Kategorie, Chat. Bartkatzen ASMR. Apropos, mein Bart ist wieder weiss. Ja, nein. Weiss? Bist du jetzt Gandalf der Weiße? Shia der Weiße? Schnell schauen, wo wir sind. Foto. Schnell überfliegen. Chat überfliegen. Eichel, Foto, Eichel. Habe es zu Release durchgespielt, DLC auch schon durch mit allen Enden. Okay, kamen aber noch 2 Updates seitdem. Auf dem PC ist es auch schöner, wird aber ein langes werden. Hatte beim ersten rund an die 300 Spielstunden, holy shit. Ja, aber das erstaunt mich schon am Cyberpunk. Ne? Also Cyberpunk ist ja miserabel gestartet, muss ich ja niemandem erzählen. Ne? Das war ja wirklich der Release, der war ja... schlimmer kann Release nicht sein, Chat. Und jetzt guckt man sich das Cyberpunk an und es ist einfach polished. Es läuft flüssig. Ich meine, am Anfang ist es auf den Systemen nicht gelaufen. Und jetzt habe ich ein Handheld, ne, so einen kleinen Handheld-Konsole. Läuft mit 60 FPS auf dem Handheld. Das ist gewaltig. Weiß, genau. Kokainum. Das ist die schönste Unterhaltung, die ich jetzt hier gesehen habe. Weiß? Ja. Kokainum. Der Warlock hat ich muss ja schnell lesen, was der Warlock noch gemacht hat. Gerade aufgewacht und die Jobmöglichkeit auf Eichel vom Troy. Hui, was bist du am Schlafen gewesen? Ja, also Warlock, sagen sie. Also, Fienchen, da müssen wir Fienchen gerade reinnehmen. Gerade austauschen. Nein, alles gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen, Warlock. Und jetzt bist du da für die Eichel. Das finde ich auch schön. Welche Handheld hast denn du? Ich habe ein Lenovo Legion Go. Das ich durfte testen damals beim Tech Talk. Das habe ich. Lenovo Legion Go. La. So, Jesse. Chat Raiders. Machen wir das Foto, oder? Letzte Chance, wäre ich noch nicht drauf. Wir haben noch ganz viele Plätze. Ausrufezeichen Foto. Rote Strophe, check. Und dann würde ich sagen... Oh, da muss ich wieder etwas... Ja, was nehme ich hier, Chat? Oh. Ich nehme mal wieder Troilina mit aufs Bild, Chat. Nehme Troilina mit aufs Bild. So, wir machen ein Foto zwischen 7 und 15 Sekunden. Jesse, hier unser Foto. Ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC.
Und ich mache dann wie immer auch noch eine Story auf Instagram, auf Twitch. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Holy moly. Gucken wir hier noch kurz rein. 4 von 15. Es ist noch nicht so weit mit dem Bossfight. Lieber Jesse, aber wenn dann noch ein Raid kommen sollte und wir die 15 noch voll haben, dann würde ich noch einen Bossfight reinqueuen. Was haben wir für... Oh mein Gott, haben wir das Gameplay in den Chat? Eins in Chat für Gameplay. 1 in Chat für Gameplay-Chat. Rein mit den Einsen, wenn ihr Gameplay sehen. Warlock, sagen sie. Schleift es eigentlich? Hä? Einfach gehen schlafen an einem Samstag. Ich habe gemeint, du seist am Arbeiten oder so. Oder vielleicht auch beides. Vielleicht hast du jetzt auch schnell den Schlaf, hast den Schlaf gebraucht nach dem Arbeiten und so. Ah ja, ich sehe einzeln Chat. Dann nehme ich schon mal den Controller für. Wir müssen aber noch schnell ein kurzes Päuschen machen. Ich muss dringendst pinkeln gehen. Aber zuerst muss ich noch einen Schluck aus meiner «Geh weg, du Sozialkontakt» Tasse nehmen. Game, also Anal, man kennt es auch unter Analplay bei mir. Chat. Schläft es eigentlich? Bleibt schon mit dem Eis. Also, lieber Chat, dann machen wir das so. Noch schnell durch, ob ich alles gemacht habe. Rape-Foto haben wir gemacht. Check. Was steht denn heute auf deinem Shirt? Don't panic. Chat. Das ist das heutige Motto. Wenn ein Raid von Yasukiwa reinkommt, Chat. Don't panic. Yasukiwa raidet mit 4 Lüt. Ganz ruhig bleiben. Ullen geht schlafen. Yasukiwa, grüezi wohl und merci für den Raid. Danke, dass du deine Leute zu mir schickst und kann ich Schweizerdeutsch reden? Sonst sagst du es mir, wenn ich Espanol reden muss. Liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele... Oh, habe ich das überhaupt gesagt bei Jessie? Dann mache ich es gut Hochdeutsch. Holy shit. Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele interaktive, verspielte Unterhaltung mit Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir gehen nachher, ne? Hier nachher, ich drücke drauf, gehen wir noch ins Life is Strange Double Exposure rein. Genau. Und Yasuki, was hat es bei dir gegeben? Hast du das Handtuch dabei mit dem Shirt? Natürlich. Ja. Das Handtuch muss man immer dabei haben. Chat. Ja. Der M&A, der kennt sich eben aus. Ne? Der kennt sich aus. Hey, Ullen, gehst du liegen? Mach das, tu das. Schnell schauen, ob ich da nichts verpasst habe. Hey, Ullen, schön bist du dabei gewesen. Merci nochmal für das grandiose Meme, wie immer. Holy shit, geiles Video. Hast doch einiges an Aufwand reingesteckt, habe ich das Gefühl, so mit den Aufnahmen und so. Aber es ist gut gekommen. Ullen, merci, schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht, Ullenbullen. Mögen deine Träume von epischen Dungeons and Dragons Abenteuern, magischen Würfeln, lustigen Memes und aufregenden Reisen durch das Stargate gefüllt sein. Schlaf gut und tauche ein in eine Welt voller Fantasie und Abenteuer. Ullen, mach's gut. Tschüss, bye bye. Ullen, dir eine gute Nacht. Valorant hat es wieder gegeben. Yasukiwa, let's go. Aber das mal besser. Ja, letztes Mal hast du gesagt, es ist nicht so top gelaufen. Ich hoffe, es ist besser gelaufen. So, Chat. Oh, schau jetzt. Er ist schon wieder fast platt 3. Ja, platt. Platin 3. Holy shit, man. Der Song. Ray of Hope
flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. Chat, wir machen jetzt Pause, 5 Minuten. Ja, ihr müsst euch jetzt sehr schnell erholen von diesem Gesang. Ja, so mal 5 Minuten machen wir schnell, oder Chat? Geniesst schnell die 5 Minuten ohne mich. Holt euch einen Kaffee, geht Pipi machen und was auch immer ihr in 5 Minuten noch alles könnt machen. Genau. Wir schliessen uns den Jenny an. Ich werde noch schnell von allen einfach ein Ausrufezeichen im Chat drin haben. Einfach als Signal, dass ihr wisst, dass wir jetzt schnell Pause machen. Einmal auch noch Ausrufezeichen. Danke. Let's fucking go. Merci vielmals. Jenny, das hast du gut gemacht. So, ich bin in 5 Minuten wieder da, lieber Chat.
Das war der Renegade, Chat. Der Renegade. So, und zuerst Chat. Oh, willst du Musik an? Hallo, Musik? Hey. Kinder Bueno, Chat. Die Weißen sind die Besten. Mhm. Sorry. Stimmt. Dann haben wir noch kein Foto gemacht. Bin verwirrt. Haben wir noch kein Foto gemacht? Was haben wir denn was war das letzte Foto gewesen? Mit dem Jesse? Lieber Chat, einmal alle Ausrufezeichen Foto und Yasukiwa, I'm so sorry. Ich bin ab der Schuhe. Mein Fehler. Ausrufezeichen Foto. Eine ist alle drauf. Yasukiwa, du darfst dann natürlich noch etwas auswählen. Auf der linken Seite. Wir werden dich ein Kinder Bueno essen. Okay, das ist schnell gegangen. Jetzt muss ich da noch schnell den Rest noch checken. Sind wir denn da jetzt auch schon? Oh nein, da sind wir noch nicht voll, Chat. Bossfight leider noch nicht, ne? Ausrufezeichen Foto. Einmal alle drauf. Dann kommen wir mit eurem Profilbild zusammen mit dem Yasukiwa und mehr aufs Foto, lieber Chat. Also, liebe Barracks, jetzt gut zulassen. Wir sind auf 12 auf dem Foto. Da schaffen wir sicher noch 13, Chat, oder? 13 schaffen wir. 13, und sonst mache ich das Foto nicht. 13, Chat. 13, come on! Barracks, okay. Erzengel. Ja. Also, schnell als Erklärung für die Barracks. Und so locken wir eben dann die Leute aus dem Lurk raus. So wie zum Beispiel der Erzengel TL. Hey Erzengel, wie geht's? So schön, dass du da bist. Und Sweet Asien, oha! Sweet Asien, schöner Name. Ja, Sweet Asien auch noch auf dem Foto. Let's go! Und hey, Erzengel Asien, wie geht's dir? Wie geht's euch? Aber 18 gehen nicht. Doch, also, ja, aber dann, es braucht dann immer noch eine 17. Person. Braucht es 17? Können wir schnell probieren, Chat? Der Barracks wird schnell sehen, wie das ist mit 17 Leuten. Mr. Blatsch ist da. Und das ist jetzt so die Bridge, man nennt das die Bridge zu 18. Das ist der Fachbegriff im Fotojargon. Die Bridge zu 18. Jetzt kommt noch die 18. Person drauf, die du dir gewünscht hast. Und siehst du, so einfach ist das. Und so musst du es amigs machen. Dann bekommst du mega viele Leute aufs Viertel. Das ist so gut, Chat. Love it. Ich kann auch gleich wieder gehen, Junge Schnufer. Hey, du gehst jetzt ganz sicher nicht, Erzengel. Nein, das war nur Spaß. Mit dem Lurk hat halt so gut gepasst, dass du gekommen bist. Erzengel, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Aha, jetzt Cardinal Systems, Chat, jetzt ist es passiert. Aha, Asuna Yuki-sama, jetzt ist es passiert, ne? Jetzt ist es passiert. Here I come again. Aber nicht nur einmal. Schauen wir noch, liebe IRS, schauen wir noch Twitch-Recaps an von deinen Bots. Ich habe das so gut gefunden. Ich gehe also schauen und bei meinem Bot hat es kein Recap, weil mein Bot einfach nur auf meinem Channel ist. Gott verdeckeln noch einmal. So, Chat. Yasukiwa, wir machen ein Foto. Der Rudolf, wenn jetzt der Ulle noch da wäre, würde er gerade Geräusche machen.
Chat, ich schaff's nicht, Moment. So, wir machen ein Foto zwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. Okay, nice one. Oh, ich bin mir nicht sicher gewesen, ob das Foto schon gemacht worden ist oder nicht. Chat. So, das Foto ab jetzt auf dem Discord. Liebe Yasukiwa, Ausrufezeichen DC. Ich mache dann wie immer noch eine Story, wo ich dich markiere und das Foto kann man sich in physischer Form bestellen. Merci vielmals, Specko, fürs DC. On Fire. Ja, das ist jetzt, wenn man This is Fine bewirkt, das Flämmchen. So wie ja auch andere, zum Beispiel der Obi-Wan und so, dass ja auch aufs Foto würden schaffen, inklusive Flammen, Chat. Aber This is Fine ist jetzt, das Ding, das ist jetzt in. Das ist, Jonathan? Ja, genau. Jonathan. Das ist so geil. Oh, ich lieb's. Paul Rudd, auch ein geiler Sieg. So, mach vorwärts. Okay, also, Chat, wir müssen vorwärts machen. Der Erzengel wird schlafen, mein Engel ist auch hier. Chamun ist auch da, einen wunderschönen Chamun. Grüezi, wie geht's dir? Eichel, merci vielmals, das hat noch gefehlt, das stimmt. Ich schaue schnell. Chat, es ist durch, das heisst, wir machen noch schnell die Auflösung. Eine Eichel, eine magische Eichel, Corrector Mundo, geht an eine ganz spezielle Person, mein Engel. Let's go, das ist erlaubt. Das verbiete ich nicht, Chat. Hauptpreis des Giveaways plus eine Eichel geht auch. Das erlaube ich. Mein Engel, dann wird das noch mitgeschickt. Let's go. Sehr geil. Sehr geil. Einfach mein Engel hier am Absahnen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Aber nice. Nice. Genau. Dann, wir müssen dann noch den Rest anschauen, mein Engel. Da finden wir noch eine Lösung. Ich habe schon geschrieben. Ne? Habe jetzt auch noch mal eine Nachricht bekommen, eine weitere Lösungsmöglichkeit. Also da geht was. Ne? Versand nach Deutschland, das klappt gut dann am Schluss, denke ich mal. So, Chat. Es hat geheißen, ich muss mal vorwärts machen. Und darum machen wir jetzt vorwärts. Zuerst muss ich mal das Giveaway noch rausnehmen aus dem Namen. Das Leben ist sautsam. Sautsam. So schreiben wir das. Das Leben ist sautsam. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. We're done. When I say we're done. Very nice. Ja, ist Walt, gang mal weg. Ich habe natürlich das HDMI-Kabel nicht am richtigen Ort eingesteckt. Walt, come on. Kokainum. So. Say won't again. Say won't again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say won't one more goddamn time. Habt ihr gehört? Chat, jetzt habe ich sogar ein Bild. Das ist verrückt. Ich habe sogar ein Bild. Gehen wir da schnell rein.
Da schnell die Musik rein. Oder muss ich hier noch aufs Knöpfchen drücken? Das habe ich jetzt vor lauter Aufregung gar nicht gemacht. Life is Strange. Double Exposure. Let's go. Kategorie stimmt. Hey Erzengel, ich bin schon wieder weg. Dir weiterhin schönen Stream noch und später ein guter Schlaf. Silverhand. Oh. Silverhand hat mich noch nie jemand genannt. Erzengel. Hey, merci. Schlaf auch du gut. Winke, winke zurück. Schönen Sonntag noch und bis bald, Erzengel. Bye, bye. Ich lese noch schnell, was ihr geschrieben habt. Geht mir so wie ganz gut. Komme gerade von einem... Ich muss... Jamon, wenn ich das lese, da muss ich einfach richtig lesen. Wir fangen nochmal von vorne an. Geht mir soweit ganz gut. Komme gerade von einem Geburtstagstreffen. Und bin mit 20 km/h wieder heimgefahren, wegen Schnee. Werde mich... Okay, jetzt übertreibe ich es ein bisschen. Werde mich noch ein bisschen ins Programmieren steuern und dann aber auch langsam ins Bett verziehen. Hey, Jamon. Hey, auf jeden Fall schön, bist du da und ich hoffe, das Geburtstagstreffen war gut gewesen. Ich hoffe, du bist gut heimgekommen, trotzdem. Ja, ich weiss gar nicht, wie es draussen aussieht. Ich habe schon lange nicht rausgeschaut, Chat. Aber hey, mach das und wenn du dann geschlafen hast, dann schon mal eine gute Nacht. Gell? Schon mal eine gute Nacht. Noch schnell schauen, das Vitasien hat noch geschrieben... Sorry, ich muss das nachlesen. Hab nicht gemerkt, dass Yasu geradet hat. Okay, jetzt habe ich auch ein PB. Ist komischerweise weg beim Foto. Jetzt hast du auch das Profilbild. Für das nächste Foto wäre es dann drauf. Südasien. Aber cool. Wobei, jetzt muss ich gerade noch mal schauen. Jetzt da. Da zeigt es jetzt noch nicht an. Das dauert wahrscheinlich noch einen Moment. So, shit. Ist es so eine Schwierigkeit? Nein, Jamon überhaupt nicht. Aber ich lese es gerne so, wie es würde tönen, auch wenn ich es nicht kann. Ich meine, wenn ich es auch vorlesen würde, dann würde ich es so mehr oder weniger in meinem Dialekt vorlesen. Aber ich liebe das eben bei dem Bündnerdeutsch, dann noch ein bisschen so, dass es so zu lesen, mit dem A, ich finde das so schön. Zu lesen. Auch wenn ich es nicht kann. Aber ich finde das auch so ein schöner Dialekt, darum mache ich das gerne. Hey Poppy, gute Nacht Poppy. Genieße deine wohlverdiente Ruhe wie ein gemütliches Faultier. Träume von epischen DJ-Sets und besiege im Schlaf den Bosskampf. Nein, keine Chance. Da kannst du noch lange träumen, liebe Poppy. Das wird nichts, ne? Mich im Bosskampf besiegen? Oh, Moment. Natürlich nicht, liebe Poppy, das sind alles nur Märli, sagt man dem. Räubergeschichtli. How long to beat Troy Hammaren? Der Bossfight gegen Troy Hammaren dauert in der Hauptstory etwa... Ach, was, als ob man gegen ihn gewinnen könnte. Oh, jetzt muss ich gerade noch schnell schauen. How long to beat... Life is Strange, Double Exposure. Ich habe es doch mal gefixt, Gott verdeckel noch einmal. Barracks, ich habe es im Fall wirklich gefixt. Und jetzt geht es wieder nicht mehr. Es ist wieder kaputt. Nein, ich habe es halt wirklich einmal gefixt. Ich weiß nicht, wie ich es genau gefixt habe, aber irgendetwas habe ich gemacht, dass es nachher eben wieder gegangen ist. Das ist schon eine Weile her. Aber jetzt geht es nicht mehr. Das schießt mich gerade an, Mann. Ich will noch mal schauen, ob da alles connected ist. Ja, how long to beat? Ja? How long to beat? Ist halt kaputt. Nein, hey, wir können es sonst gerne mal anschauen. Aber ich kann es auch dann selber schnell versuchen. Ich weiss jetzt auch nicht, ob er Mühe hat, das überhaupt zu finden. Aber da hat wieder irgendetwas geändert, oder? Das ist so mühsam mit diesen APIs zum Teil. Hey, also müssen gar nicht. Es würde auch nicht pressieren, wenn dann bei Gelegenheit. Es ist eine nette Funktion, aber
Hey, wenn es nicht geht, dann geht die Welt auch nicht unter. Hey Blatsch, ich habe es gesehen, ich lese gerade noch schnell vor. Und Papi, merci noch für die netten Worte, danke vielmals. Habe ich das schon gemacht, Chat? Ich weiss gar nicht, da mal schnell ein bisschen Shoutouts verteilen, bevor wir ins Gameplay reingehen. Also, bei der lieben Papi unbedingt reinschauen. Ich habe es, glaube ich, heute schon mal gesagt. Und wo ihr auch reinschauen müsst, einfach klickt jetzt auch auf jeden Namen, den ihr im Chat seht und dann follow. Es ist ganz einfach, lieber Chat. Also geht auch bitte bei Mr. Blatsch vorbei. Habe ich, glaube ich, heute schon mal ein Shoutout gemacht. Ich kann es aber nicht genug manchmal sagen. Bei Mr. Blatsch gibt es auch, bei der Poppy gibt es, die macht DJ, also Musik, und bei Mr. Blatsch der macht auch Musik, aber ein bisschen etwas anderes. Und jetzt auch mit neuen Elementen und ab und zu mal ein bisschen Gameplay gibt es auch. Und Mr. Blatsch, ich lese noch schnell vor. Gute Nacht, lieber Mr. Blatsch. Lass dich sanft von den Wellen der Filmmusik in dein Traumland tragen, wo Piratenschiffe und Spielzeughämmer auf dich warten. Träum süß. Aber denk dran, mindestens ein Spielzeughammer musst du im Bounce noch lassen, weil der sammelt die. Ja. Lass ihm also auch noch einen übrig. Mr. Blatsch, mach's gut. Brother from another mother, du hast noch geschrieben. Pennant nächstens weg, sagen wir Adi, aber laufst noch weiter natürlich, wie immer danke. Du mit deiner tollen Podcast-Stimme. Gute Nacht. Merci für die netten Worte. Brother from another mother. Let's go. Und Chat, habe ich alles vorgelesen. Hast du gewusst? Ich komme von Chur oben runter. Genau. Ja, das ist so der Klassiker. Ich komme von Chur oben runter. Ist es denn oben runter? Ich sage immer noch oben runter. Das ist wahrscheinlich von meinem Dialekt noch so das Ding, das ich reinschmuggle. Gute Nacht, ihr Lieben. Gute Nacht, Mr. Blatsch. So, Chat, wir haben hier schon lange die Life is Strange Musik am Laufen. Und darum würde ich jetzt sagen, Szene wechseln, Zeug ausblenden, wir gehen da rein. Fortfahren. Und ich weiss gar nicht, wo wir waren, Chat. Wo sind wir? Dieser Unterhaltung zuhören will. Ich weiss wieder, wo wir waren. Also mit dem Win sind wir reden. Ich muss gleich noch mal schnell schauen, was ich machen muss. Die andere Seite wechseln. Mit einem Puls in der lebendigen Welt den Win der toten Welt belauschen. Wir müssen irgendetwas herausfinden vom Win. Wenn ich Fischbaum, gehst du schlafen? Vielleicht, was er über Maya weiß. Jetzt geht doch das Gameplay los, Fischbaum. Wieso gehst jetzt du schlafen? Hey Fischbaum, oder wünschst du jetzt auch Mr. Blatsch noch gute Nacht? Das ist dann wohl menschlich. Ich werde jetzt nicht sagen, gute Nacht, Fischbaum, wenn Fischbaum gar nicht geht. Ne? Aber falls du gehst, wünsche ich dir natürlich eine gute Nacht. Mir war bis eben nicht klar, dass ich Kryptid-Erotika brauche. Was? What? Okay. Also Chat, ich versuche nochmal schnell zusammenzufassen, was überhaupt passiert ist. Also ganz grob zusammengefasst. Max hat eine Kollegin gehabt, Safi. Safi ist gestorben. Wir haben nicht gewusst, wieso, aber Max hat plötzlich Powers bekommen, in eine alternative Realität zu wechseln. Da haben wir immer switchen. Welt, wo Safi lebt, Welt, wo Safi gestorben ist. Und schlussendlich hat Max auch in der Zeit zurückreisen, so wie im ersten Teil, zu dem Moment, wo Safi verschossen worden ist. Und wir haben herausgefunden, Achtung, Spoilers, dass Max Safi verschossen hat. Max selber war es anscheinend. Weil in dieser anderen Realität wieder der Sturm gekommen ist, den wir aus dem ersten Teil kennen. Und anscheinend hat Max sich müssen entscheiden, stirbt Safi oder lebt sie. So quasi wieder kommt der Sturm und zerstört alles oder verschwindet der Sturm. Sie kann nicht beides haben. Und jetzt sind wir irgendwie da und versuchen herauszufinden, was das genau bedeutet. Wie das zu dem gekommen ist und bla bla bla. Ja, das war eine perfekte Zusammenfassung. Holy shit. Schau noch eben die 20 Minuten von meinem Film fertig. Hey Lizzie, mach das. Viel Spaß, Lizzie. Und danke dir für den Lurk-Support.
So, Chat, wo ist jetzt hier meine Vorschau, Mann? Jemand sagt, wenn er glaubt, dass ich nicht zuhöre. Und jetzt müssen wir gemäß dem mit einem Puls in der lebendigen Welt, also wir müssen mal schnell schauen, wir sind in der toten Welt, wir müssen mal schnell in die lebendige Welt switchen. Das ist das, was Max kann, das ist ihre Power da. Zack, boom, bang. Und wir sind in der Realität, wo Safi noch lebt. Und was wir dann auch machen können, ist schauen, so quasi so reinpieken in die andere Welt, was uns ermöglicht, dass wir im Win können zulassen, was er so macht. Aber okay, aber das macht nicht gross Sinn. Muss ich noch mal schnell schauen. Hey, Last Man on Earth, das ist nicht lustig, ne? Wir sind hier nicht im Bossfight, ne? Also das ist eine Frechheit hier. Das ist eine absolute Frechheit. Am Morgen, 1:45, mich hier schrumpfen gehen. Hier reinkommen und den Treu schrumpfen. Last Man on Earth, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist, Mann. Und ich bin hier unten, Chat. Ich bin hier unten. Hallo. Hallo, hallo. Ja, das seht ihr gerne, ne, Chat. Dafür seid ihr hier. Aber Last Man, wie geht's dir? Wie war dein Start ins Wochenende? Wie war dein Samstag? Und Max hat keine Ahnung, was sie muss machen, Chat. Ich muss halt den Win suchen, aber wo ist denn der Win? Ich muss noch schnell das Switch machen, Chat. Ich bin verwirrt. Alles super, immer schön, wenn du da bist. Heute eine nette Spätschicht und dann danach tollen Abend gehabt. Oha. Definier nett. Jetzt sehen wir mehr Gameplay. Vivi. Habt ihr jetzt das gesehen? Wie frech? Habt ihr jetzt da gesehen? Vivi kommt ihnen einfach so einen Spruch droppen. Vivi. Aber Last Man, definier nett. Und was hast du denn noch so gemacht am Abend? Kannst du die eine, die immer lacht, Oh mein Gott! Dienchen, oh mein Gott! Ich bin geschrumpft. Ich bin hier ganz klein unten. Liebe Raiders, oh mein Gott, was für ein Timing. Oh, Hilfe. Oh, liebe Raiders, hier bin ich wieder. Oh mein Gott. Verwirrung. Erzählt ihr mir vielleicht, was hier los ist? Dienchen, danke dir für den Raid. Liebe Raiders! Holy moly, oh mein Gott. Danke der Verwalter übrigens für den Follow. Holy shit, Mann. Dienchen hier, guck mal, Dienchen hier einfach im Millennium Falcon drin. Oh, ich wechsle kurz die Szene, Chat. Ich mach kurz Musik. Liebe Raiders. Holy shit, Mann. Liebe Raiders, ich bin der Troy. Ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, mit vielen Spielereien, Effekten, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay aktuell mit Life is Strange Double Exposure, wo wir jetzt gerade vorhin reingestartet sind, also nicht am Anfang vom Spiel, aber irgendwie so Episode 3 sind wir, glaube ich. Und guck mal, da sind Dinos auf dem Foto, wie geil. Liebe Dienchen, was gab's denn bei dir? Wie war dein Stream und was hast du gemacht? Was hast du gezockt? Holy moly. Und liebe Raiders, alle mal einmal kurz Ausrufezeichen Foto eingeben, ganz wichtig. Wenn wir machen jetzt ein Foto mit Dienchen, mit dem Franziskus und mit mir. Und ganz wichtig, mit euch.
Weil ihr könnt nämlich mit eurem Profilbild... 313 gifted at Tier 1 Sub to Nadia. Oh. They have given 13 gift subs in the channel. Oha. Oh, Last Man on Earth. Danke dir für den Gifted Sub an Dienchen. Let's go. Last Man on Earth, danke für den Support. Dienchen, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnentin. Und ich bedanke mich noch bei Oxbini. Oh mein Gott, der Name. TKPOMMES007. Danke für den Follow. Und der Verwalter habe ich schon gesagt, danke für den Follow. Und ich begrüße noch kurz alle, die geschrieben haben. Nämlich Last Man on Earth, Kopfsalto, Manu, Grüezi, Dienchen natürlich, Tiffy, Minot, der Verwalter, Blotto, Xilefinator, Flying Harm, Oxbini, jetzt lese ich TK Pommes. Tiefkühlpommes, jetzt ist es angekommen, Chat. Tiefkühlpommes, moin. Chommy Live, Bass Opossum und Eiter im Nagelbett. Wow. Grüezi miteinander, schön, dass ihr hier seid. Du hast noch geschrieben aus der Schweiz und man versteht dich sogar schon mal von Grund auf sympathisch. Ich kann dir sagen, ich habe mich jetzt natürlich auch angepasst. Ne? Was ich jetzt rede, ist Hochdeutsch. Ne? Ich kann natürlich auch Schweizerdeutsch reden. Ich weiß nicht, wie gut er mich versteht, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Aber für den Moment passe ich mich natürlich an. Ich mache das immer so nach Raids. Ne? Ich habe auch schon Englisch geredet nach den Raids. Das gibt es bei mir auch. Und Eiter, auch dir, danke für den Follow und wirklich geiler Name, ne? Geiler Name, Chommy Live, danke auch dir für den Follow. Holy shit, und jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich da niemanden überlese und vor allem die Dienchen nicht überlese, ne? Wenn ich schon frage, was gab's denn? Wir haben heute unseren ersten 12-Stunden-Stream gehabt. Oha, 12 Stunden. Aber... Wait, hast du noch nie 12 Stunden? Ist das dein allererster Stream mit 12 Stunden? Krass. Und ich denke immer so auf 24 Stunden Streams, ne? Das habe ich noch nie geschafft. 12 Stunden hatte ich mal so, das war aber reiner Zufall. Habe ich auf die Uhr geguckt, da sah ich irgendwie so, 14 Stunden, okay. Aber nice, Dienchen, nice. Ja, und Chat, also ist ja klar, aber guckt unbedingt auch mal bei der lieben Dienchen vorbei. Ganz eine sympathische, die macht echt guten Content. Und wir gucken noch kurz einen Clip. Am besten einen neuen Clip von Dienchen. Let's go. Guck mir mal, was hier kommt. Was jetzt für ein Clip kommt, Chat? Hat Dienchen die Clips sortiert. Oh, wird laut, Chat. Ui. Sicher? Oh no. Ach. Aber der Zucker, der kommt jetzt noch, der Zucker. Nice. Geiler Clip. Ja. Das gibt's auch bei Dienchen. Jetzt habe ich Hunger, Pedro. Also da gibt es auch andere Dinge, wie nur wir labern und wir machen kein Gameplay. Bei Dienchen gibt es da noch viel mehr als bei mir, Chat. Fun Fact, wir hatten dann Doppelzucker drin. Oh no! Oh no! Ja, dann war es halt besonders süß, ne? Dienchen. Aber ich hoffe, es war immer noch gut. Sehr geil. So, Chat, wer ist noch nicht auf dem Foto? Wir haben noch viel Platz. Ich gucke hier kurz, dass alles stimmt mit dem Titel. Danke für den Raid. Muss ich hier noch Blur reinmachen? Ja, so. Nee, braucht's eigentlich nicht, ne? Super lecker trotzdem. Die Brownies, ja, aber die dürfen auch mal ein bisschen süßer sein, oder? Aber das ist das Wichtigste, dass es dann auch lecker ist. Oh, jetzt habe ich auch direkt wieder Hunger, ne?
Wo geht jo dat? Allens gut. Plattdeutsch, oh mein Gott, ja, das Plattdeutsch da, das ist auch sehr speziell. Wo geht jo dat? Das ist noch wo? Also allens gut ist alles gut, ne? Nehme ich jetzt mal an. Geh jetzt schlafen, bin so müde. Hab noch einen schönen Stream. Hey Ox, danke dir, dass du mitgeradet bist und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis vielleicht zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye. Beanie. Oh. Habe ich es falsch gesprochen? Wo geht jo dat? Ich weiß auch nicht. Ne? Mit Plattdeutsch kenne ich mich nicht aus. Ne? Ich glaube, das ist auch weit entfernt von dem Schweizerdeutsch. So, Chat. Das Foto. Ich will immer sagen Fienchen, ne? Dienchen. Fienchen, das ist jemand anderes im Chat. Troy, reiß dich zusammen. Und Revoluk, halt, stopp. Wir stoppen. Wir pausieren die Musik, Chat. Revoluk will was sagen. Ja, aber dann musst du jetzt musst du schreiben, Revoluk, ne? Kommt da noch was? Halt, stopp. Biegst du auf 1? Okay. Okay, wir machen das Foto, Chat. Inzwischen 7 und 15 Sekunden. Dienchen! Hier unser wunderschönes Foto ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann auch noch eine Story. Du kennst es ja auf Insta und auf Twitch, wo ich dich markiere. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. So, liebe Raiders, jetzt muss ich hier mal gucken. Ne? Ich weiß nicht, ob Dienchen euch was versprochen hat. Dienchen, hast du was über den Bossfight erzählt? Goldenes Kappa hinter... Oh, ohne Scheiß. Ich guck. Wait a second. Oh mein Gott. Oh, oha, Last Man, danke dir für den... Kann ich es teilen. Last Man, danke dir für den Resub im 3. Monat. Prime Resub, danke dir für den Support. Und by the way, Bass Opossum, auch danke dir noch für den Follow. Oh, hey Leute, mega lieb, mega lieb. Ich will noch mal kurz gucken. Goldenes Kappa ist hier irgendwo. Ist das so? Chat, ich sehe das nicht, ne? Ich sehe das nicht. Aber es ist ein schönes Foto. So, Chat. Jetzt habe ich gefragt, hat nicht. Okay, Dienchen hat nichts erzählt. Wollen wir da direkt rein, Chat? Was meint ihr? Bevor wir jetzt wieder ins Gameplay gehen und dann später noch den Bossfight machen, und es ist doch auch schon 2 Uhr, wärst du ready, Dienchen, für den Bossfight direkt jetzt? Chat, wärt ihr ready für den Bossfight? Äpfelmosch sagt ja, Highway Racer sagt ja. Wo hat sie uns rein manövriert? Tiffy, das ist sehr speziell. Ne? Also das wirst du nachher sehen. Ne? Da wirst du die Welt nicht mehr verstehen. Was denn da... Well, Mann, holy shit. Du scheinst mir ein herzlicher Geselle zu sein. Da lasse ich gerne einen Follow da. Oh, Bassa Possum, danke für die netten Worte. Danke für die netten Worte. Das freut mich natürlich. Nee, Dienchen, gehen wir direkt rein, oder? Du kannst aber auch gerne sagen, ne, Dienchen, wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst. 313 gifted at Tier 1 Sub to Defi Jule. They have given 14 Last Man, gift subs in the channel. Schon noch einer. Last Man, danke dir für einen weiteren verschenkten Sub an Tiffy. Let's go. Und danke für den Support, Tiffy. Viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Subscriber. Rein da. Seht ihr das? Hä? Das ist die richtige Energie. Das brauchen wir hier, Chat. Rein da.
Mit der Weihnachtsmusik hier. Let's go. Okay, also, liebe Raiders, lieber Chat und Pinkeli, grüezi wohl, schön bist du da. Wie geht's dir? Wir gehen jetzt langsam in den Bossfight rein. Ich erkläre aber kurz, wie das funktioniert, weil ich sehe hier viele neue Gesichter, ne? Viele neue Namen. Und für euch muss ich kurz mal erklären, wie denn das in etwa funktioniert. Sobald wir in den Bossfight starten, werdet ihr, es ist ein rundenbasierter Bossfight, werdet ihr 3 Aktionen pro Zug haben. Dann bin ich an der Reihe, dann seid ihr wieder an der Reihe und so weiter. 3 Aktionen. Die Dungeon Leaders, da gehört Dienchen dazu. Auch Yasukiwa und Shiny Jessie, die Raids von vorhin, die Raiders sind auch Dungeon Leaders. Ihr habt 3-fach Votes. Bei allem, wo ihr votet im Bossfight, habt ihr 3-fach Votes. Ihr votet jeweils für eure Aktion mit diesen Chatbefehlen. Die werden nachher auch wieder eingeblendet, also ihr müsst nichts notieren. 3. Und ihr habt 3 verschiedene Angriffe. 3. Die machen unterschiedlich Schaden, haben auch unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten, ganz wichtig. Mit Kaffeedrink könnt ihr euch healen, hat allerdings eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. Wenn ihr verschüttet, dann healt ihr nicht. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein, da können starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide drin sein, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier, wie sitzt du denn hier, Franziskus? Schenkt ihr dem Franziskus Liebe, denn Franziskus kämpft für mich und hat eine Attacke, die bis zu 400 Damage macht. Indem ihr ihm Liebe schenkt, senkt ihr die Chance, dass er diese Attacke gegen euch ausführt, in 10% Schritten. So, viele Infos, Chat, viele Infos, ist aber gar nicht so kompliziert. Ihr müsst einfach dann die Chatbefehle reinmachen. Ihr könnt auch den ersten Buchstaben jeweils nehmen, also Ausrufezeichen A für Ausrufezeichen Angriff geht auch. Wenn Twitch-Chat euch sagt, ihr dürft nicht spammen, ne, immer das Gleiche schreiben, könnt ihr auch Abstand irgendwas hinten ranhängen an den Befehl, das geht dann auch. So, Chat. Ich lese noch kurz Chat. Habe ich was überlesen? Odini hat ihre Waffe wohl schon gewählt. Okay. Chat, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen da einfach rein. Ne? Habe ich alles erklärt? Ich glaube schon. Die Frage ist jetzt, habt ihr noch eine Karte? Ihr habt leider keine Karte. Jetzt wäre der Moment eigentlich, wo ihr so eine Buff-Karte einlösen könnt. Die droppen am Ende des Bossfights, falls ihr gewinnt. Nur habt ihr aktuell keine mehr im Inventar. Daher gehen wir jetzt direkt in den Bossfight rein, Chat. Let's go. Dienchen, Yasukiwa und Shiny Jessie, ihr seid hier und ihr wollt mich besiegen? Chat, ihr könnt jetzt voten. Votet mit den Chatbefehlen, die ihr hier seht. Votet für eure erste Aktion. Erste Aktion von 3 Aktionen in der Runde 1. So, ich muss mich hier kurz organisieren. Arti. Oh, let's go. Der Rahmen ist da. Arti mit Level 5 hat vorhin, also heute habe ich das erste Mal die Funktion drin. Okay, das ist irgendwas war komisch. Arti hat mir das WLAN-Kabel ausgesteckt. Vorhin war bei der Animation irgendwas komisch, aber egal. Ist immer mal was kaputt bei mir. Ist ganz normal. Chat, eure zweite Aktion. Votet für eure zweite Aktion. Wir haben 5 Votes auf Angriff, 8 Votes, 9 Votes. Okay, ich muss das kurz erklären, wie das läuft mit dem Angriff. Angriff macht wenig Schaden, hohe Trefferwahrscheinlichkeit und wenn ihr trefft, so wie der Microminer jetzt. Okay, gut gemacht. Dann füllt sich da unten rechts einer der 3 Balken. Wenn die 3 Balken voll sind, dann schaltet ihr den Spezialangriff frei. Der macht bis zu 650 Damage, mindestens aber 60, ne? Es wird da gewürfelt. Also auch sehr beliebt. Wir haben schon 4 Votes auf dem Angriff. Ich glaube, da kam jetzt der Dreifach-Vote rein von Dienchen.
Und was ich auch noch sagen kann, auch von Yasukiwa wahrscheinlich, ne? Was ich auch noch sagen kann, wenn der Bot sagt, warte bis die Abstimmung läuft, dann kann es sein, dass ihr ein wenig Videodelay habt. Und dann achtet euch eher auf den Chat, wenn mein Bot schreibt, ihr seid an der Reihe, dann macht eure Befehle rein, weil wegen dem Delay stimmt es dann jeweils nicht so. Jetzt bin ich aber zuerst an der Reihe, Chat. Und ich würde mal sagen, Franziskus, sie haben dir noch keine Liebe geschenkt. Aber du okay, das war nix. Franziskus, was ist das? 100 Eicheln, das ist gar nichts, ne? Also, für das bist du nicht hier, ne, Franziskus? Du bist für die 400 Eicheln hier. Oh, Jesus. Okay, Chat, 7 Votes, 10 Votes, 11, 12, 13 Votes auf dem Angriff. Ja, ihr wollt jetzt sehen, wie das funktioniert mit dem Spezialangriff, Chat. Fiendly Bot. Hier, by the way, hier geht der Rahmen nicht einfach zur Info oder noch nicht. Ich bin das noch am Programmieren mit dem Levelsystem und den Verzierungen da. Chat 7, oh, das ist jetzt die Spezialattacke. Ne? Wenn ihr jetzt den Angriff ausführt, führt ihr die Spezialattacke aus, Chat. 14 Votes, 17 Votes auf der Spezialattacke Last Man on Earth. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Oh, what the fuck? With perfect precision, the sword tears through flesh, bones, and vital organs, dealing massive damage to the beast. Okay. What? Das war Max Damage. Das war Max Damage. Schon wieder? What the fuck, Chat? Ich bin ja schon fast tot. Lass mich doch auch noch was machen, Chat. Wenn der Bosskampf so schnell vorbei ist, dann gibt es ja nicht mal groß Erfahrungspunkte, Chat. Dienchen. Oh no, ich will nicht, Dienchen, ich will nicht. Oh, okay. Okay. Das tötet mich nicht. Aber jetzt kann ich mich selbst töten, ne? Das ist jetzt der Scheiß. Chat, ihr habt jetzt ein Shield of Reflection, habt eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass es den Schaden auf mich zurückreflektiert. Allerdings, solltet ihr euch heilen wollen und das Schild ist noch aktiv, kann die Heilung auch auf mich reflektiert werden. Jetzt ist es aber zuerst mal mein Problem. Ich lese noch kurz den Tipp von Flöro. Tipp 1 beendet den Kampf mit vollem Leben. 2. beendet den Fight mit aufgeladenem Spezialangriff, ohne ihn zu nutzen. 3. nutzt Franziskus, bis er auf Mindestlevel ist. Ich glaube, Execusi will damit sagen, so könnt ihr die Kartendrops quasi aktivieren. Ne? Ihr müsst so gewisse Voraussetzungen erfüllen für die Kartendrops am Ende. Und ich glaube mal, Execusi will sagen, das sind die Möglichkeiten. Aber ich sage dazu nichts. Das wird da hier nicht kommuniziert, wie das funktioniert, Chat. Jedenfalls nicht von mir. Oh, Chat. Es ist noch nicht vorbei, Chat. Es ist noch nicht vorbei. Okay, von dir. Von dir wird das jetzt kommuniziert, Chat. Flöro, let's go. So. Wir haben 3 Votes auf Pistole. 3 Votes auch auf Angriff. 4 Votes auf Pistole. Okay. 7 Votes auf Franziskus. Ich glaube, da kam dreifach Vote rein. Äpfelmost mit der Liebe für den Franziskus. Die Fake-Liebe. Und Franziskus, ne, nimmt sie an, glaubt daran, weiß nicht, dass das alles nur gelogen ist, ne, Franziskus. 2. Aktion, Chat. 2. Aktion in der Runde 3. Was soll es sein?
3 Votes auf dem Kaffee trinken. Denkt daran, lieber Chat, es kann reflektieren. Ne? 5 Votes auf dem Angriff. Bis jetzt ist das Shield of Reflection für euch eine gute Sache. Es ist dann nicht mehr gut, wenn ihr jetzt Schaden nehmen solltet, sobald ich dann an der Reihe bin. Sobald ihr heilen müsst, dann ist das Schild ein bisschen im Weg. Bis jetzt ist aber gut. 11 Votes auf dem Angriff. 12, 13 Votes auf dem Angriff. Okay, Yasukiwa, let's do this, let's do this. Oh Mann. Chat, ich bin an der Reihe. Ich bin an der Reihe. Scheiße. Ich habe auch meine Mystery Chest, Chat. Die Chest of Hammers. Ist jetzt Risiko. Okay, das ist gut, weil das heilt mich ein bisschen. 274 Heilung für mich. Aber ich mache auch noch ein bisschen Schaden. Und es geht durch Schild durch. Oh no. Okay, das könnte euch jetzt langsam zum Verhängnis werden. Ihr habt 452 HP, habt ein Shield of Reflection, aber denkt daran, ich kann maximal 500 Damage raushauen. Da müsste ich aber sehr viel Glück haben. Also was ich sagen will, ja, ihr müsst heilen und ihr macht es auch. Dienchen mit der Gefahr, dass es jetzt auf mich geht. No fucking way. Oh mein Gott. Es ist nicht reflektiert. Ihr habt so viel Glück, Chat. Ihr cheatet doch. 5 Votes auf Angriff. Das wäre jetzt meine Chance gewesen, Chat. Ah, shit. 9 Votes auf Angriff. 10 Votes auf Angriff. Ja, ihr wollt nochmals auffüllen, ne? Arti mit dem Angriff macht 81 Schaden. Ihr habt den Spezialangriff gefüllt. Oh, es ist wieder soweit. Oh no. Ach, Chat, ich will nicht. 7 Votes auf dem Angriff. Ja, jetzt kommt der, ne? Der kommt nochmal. Aber ich glaube nicht, dass ihr nochmal 650 Damage macht. Das kann gar nicht sein, ne? Das kann nicht sein. Chamun. The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Okay, ich hab's gesagt. Das kann nicht sein und es war auch nicht so. Pierces the skin of the beast. It deals only little damage. Okay. Es war nur wenig Schaden, ne? 130. Und jetzt bin ich an der Reihe, Chat. Oh. Wie sieht's aus mit dir, Franziskus? Wie viel Prozent hat der Franziskus noch, Chat? Ich glaube, das sind noch genügend. Franziskus. 40%. Zeig ihnen deine Liebe, Franziskus. Mit 400 Eicheln. Aber jetzt nicht reflektieren, ne? Jetzt nicht reflektieren. Alles schön fuck. Scheiße. Okay, okay, ich habe mich so gut wie selbst jetzt gekillt, Chat. Aber denkt daran, Chat. Je länger der Bossfight geht, desto mehr Erfahrungspunkte können da rausspringen, ne, für euch. Also gut überlegen, was ihr jetzt macht, Chat. Ihr wollt mich noch nicht killen? Ihr wollt, dass ich lebe, Chat. Ihr wollt, dass ich gewinne. Nein, come on, please. Ich habe nur noch 15 HP. Come on, Chat. Heilt euch. Heilt euch. Oh, nee. Nicht Angriff, Chat. Oh, ihr heilt. Oh mein Gott. Es hat funktioniert, Chat. Ich habe euch beeinflusst. Dienchen. Heilt, Chat. Um 200 HP auf Full Health.
Aber Chat. Jetzt nochmals heilen. Nein, nicht der Angriff. Wieso denn jetzt? Wieso denn jetzt, Chat? Wieso zuerst heilen und jetzt noch der Angriff? Oh, come on. Das wehre ich ab, Chat. Der geht daneben. Ich wehr's ab. Hey, Load, nein. Fienchen. Oh, come on, Fienchen. Nein. Ach, Chat, es ist nicht mal was gedroppt. Okay, weil ihr jetzt schon 2 Fights ohne Buffkarten hattet, ne, ohne Lootkarten, schenke ich euch einen Loot. Aber welchen schenke ich euch denn? Ich will jetzt mal sagen, ne, wir haben hier so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Der Franziskus, der guckt mich so an, der sagt so, ja, aber Troy, ich möchte auch mal für Chat kämpfen, ne? Und darum sage ich jetzt, es gibt die Karte, die legendäre Franziskus-Karte, lieber Chat, geschenkt von mir. Litzi. Ja, aber hey Litzi. Hey Litzi. Chat, diese Karte könnt ihr bei einem der nächsten Bossfights einlösen und das bewirkt, dass Franziskus nicht für mich kämpft, sondern für euch. Die schenke ich euch für einen der nächsten Bossfights. Let's fucking go. So, jetzt gucken wir mal. Ihr habt 251 Erfahrungspunkte bekommen. Äpfelmosch und Yasukiwa haben einen Rahmen freigeschaltet bekommen. Let's go, das hat auch funktioniert. Nice. Und Dienchen, liebe Raiders, lieber Chat, an dieser Stelle nochmals danke für den geilen Bossfight. Dienchen, danke für den Raid. Liebe Raiders, danke, dass ihr mitgekommen seid. War geil. War geil, ne? Ging ein bisschen schnell. Oha, was haben wir hier für Levels? Fienchen mit Level 6. Dienchen schon mit Level 4. Ja, Dienchen hat halt die Dungeon Leader Punkte noch bekommen. Da hast du doch einige Punkte noch bekommen. Das hat bewirkt, dass du direkt auf Level 4 springst. Äpfelmosch mit Level 5. M&A mit Level 3. Let's go. Highway Racer mit Level 4. Es ist so toll hier, Troy. Du gibst dir so viel Mühe für deine Streams. Es ist einfach immer ein Fest, hier zu sein. Oh. Dienchen, danke für die netten Worte. Ne? Ich muss auch sagen, ich kann das nur zurückgeben. Ich bin auch gerne bei dir. Ich war jetzt schon länger nicht mehr so wirklich aktiv. Ich gucke da häufig zu und mache was nebenbei, aber ich kann das nur zurückgeben. Ne? Also du machst das wirklich auch toll. Also wirklich einfach so sympathisch bei dir. Dienchen, also auch großes Lob an dich. Barracks mit Level 3, let's go. Jesse mit Level 3. Jamun mit Level 2. Ja, und also das Level-System ist ja relativ neu. Es bewirkt einfach, dass das Level angezeigt wird bis jetzt. Ich baue das dann auch noch ein bisschen aus. Und was ja auch passiert, sind die Frames, ne? Die Rahmen für die Avatars, die können jetzt auch droppen. Wir haben es bei Arti jetzt gesehen. Der hatte da so eine Verzierung um das Avatar rum. Das kann auch droppen jetzt bei gewissen Levels. So, jetzt muss ich noch was gucken. Jetzt habe ich noch eine Frage an Dienchen. Hast du, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das bei dir war, hast du nicht auch Life is Strange gezockt? Hast du das nicht auch gestreamt? Oder war das nicht der neueste Teil? Oder war das gar nicht bei dir? Verwirrung, Chat, Verwirrung. Ja, du hast es gestreamt, ne? Hast du das Double Exposure gestreamt? Ich bin mir da gar nicht sicher. Weil ich bin jetzt da dran, ne? Also jetzt auch in diesem Sinne, so langsam der Spoiler Alert. Life is Strange, Double Exposure, wir sind da schon in Episode 3 und der erste große Twist, der ist schon gekommen, ne?
Okay, ja dann, also dich kann ich in dem Fall nicht spoilern. Du könntest mich spoilern, aber ich hoffe mal, das machst du nicht. Aber ich fände es halt sehr geil. Bis jetzt ist es sehr geil. Es war so ein langsamer Start, ne? Aber ist man sicher auch gewohnt von den Life is Strange Spielen. Erster Teil, Life is Strange, immer noch unangetastet auf Platz 1 bei mir. Also sogar insgesamt so in den Top 3 von allen Spielen, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt, ne, es ist ein geiles Game, kommt nicht an den ersten Teil ran, aber jetzt so langsam nimmt es Fahrt auf. So ab Episode 2 geht so langsam, ist was am passieren. Also das ist schon sehr geil mit den Twists. Mir fehlt nur noch True Colors. Das habe ich auch gestreamt, das war auch sehr gemütlich. Es ist ein bisschen anders, die Story war aber sehr geil und mir hat die Location sehr gut gefallen im True Colors. Specku, gehst du ins Bett? Hey, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Specku. Mach's gut, schlaf gut, schönen Sonntag noch, bye bye. Ich finde den Teil super spannend, aber anders als die anderen Teile. Ja, was halt ist jetzt bei Double Exposure, ich nehme an, du meinst den, es knüpft halt, von der Story her knüpft es halt an den ersten Teil an. Was schon mal sehr geil ist, aber ich weiß, was du meinst. Es ist trotzdem, es ist ein bisschen anders, ne? Manchmal habe ich auch das Gefühl, boah, ne, mach das, geh dahin, tu das, töte 5 Eber. So kommt es mir zum Teil vor. Es ist nur noch so, okay, was ist meine Quest? Okay, ich gehe dahin. Okay, ich mache das. Und das, ich glaube, das war im ersten Teil weniger der Fall. Da war es so, es ging ein bisschen schneller vorwärts in der Story. Und hier müssen wir zum Teil so Dinge machen, wo ich denke, ey, wieso müssen wir das überhaupt machen? Ich lese gerade noch schnell vor, Specko. Gute Nacht, liebe Steampunk-Lady. Möge deine Nacht von den Klängen einer verzauberten Steampunk-Gitarre begleitet sein, während du in traumhafte Cosplay-Welten eintauchst. Und vielleicht gesellt sich sogar ein Pinguin zu deinen nächtlichen Abenteuern. Let's go. Specko, schlaf gut. Schönen Sonntag noch, schön bist du dabei gewesen. Und man trifft sich in der Wäschküche. Mach's gut, tschüss, bye bye. Ich bin so gespannt, was du zum Ende sagst. Ja, ich versuche mir immer noch auszumalen, was da passieren kann. Ne? Also, jetzt nochmal Spoiler Alert für alle die das Spiel noch nicht kennen, ne? Double Exposure, weil ich rede jetzt über den Twist. Das ist für Dienchen kein Problem, aber vielleicht für alle anderen, damit die jetzt noch wegklicken könnten. Ne? Also der erste Twist mit dem Foto, wo da Max drauf war. Das war schon ein bisschen, habe ich es erwartet. Ich habe es sogar gecallt, aber es hat mich doch verwundert, wieso. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr, sehr gespannt, wieso das so ist, ne? Wie es ist. Da bin ich sehr gespannt, was die da draus machen aus dieser Story und wie das Ende sein wird. Ja, übel, ich habe das nicht kommen sehen. Es ist noch interessant, im Chat, also Barracks, wenn du noch da bist, unter anderem Barracks hat es auch schon sehr früh so aus Joke, als Witz gecallt. Hat so gesagt, ja, das ist bestimmt die Max. Und ich so, ja, könnte ja eigentlich schon sein. Ne? Also wäre ja ein geiler Twist. Und dann, so vor dem Moment, wo es revealed wurde, habe ich so pausiert und habe gesagt, Chat, ich glaube, es ist wirklich Max. Ne? Und das war halt wirklich Max. Das wird noch so krass. Okay, dann bin ich gespannt. Hey. So, Chat, aber wir reden hier über das Spiel. Fertig geredet. Wir gehen jetzt rein in das Spiel. Oder auch nicht. Okay, PS5 hat runtergefahren, Chat. Okay, Tron. Was willst du mir sagen, Highway Racer? Lilu Dallas Multipass. Multipass, okay. Multipass. Multipass.
So, Chat, let's do this. Ich muss... And you see nothing. Genau. Chat, Dienchen, ist es okay? Oder Chat, ist es okay? Alles tut's mir weh. Alles tut's mir weh. Ist es okay, wenn wir zurückwechseln auf Schweizerdeutsch? Was meint ihr? Ey, meinst du, bist du krass, wenn du Bandeli hast, oder was, Mann? Die Memes sind ja auch schon alle Schweizerdeutsch, oder? Dann probieren wir mal ein bisschen Schweizerdeutsch und Dienchen-Chat, ne, einfach sagen, wenn ihr was nicht versteht, einfach Bescheid sagen. So, also, jetzt bin ich ein bisschen, jetzt würde ich wieder Hochdeutsch, bin ich ein bisschen verwirrt, weil wir müssen den Win suchen. Aber wo ist der Win? In der anderen Welt. Das müssen wir schnell herausfinden, Chat. Hey, Dienchen, der Win, ne? Der Win, der geht mir so auf den Sack. Ich weiß ja nicht, was da noch alles passieren wird mit dem Win, aber der geht mir so auf den Sack. Das ist so ein cringy Dude. Komischer Typ, mag den auch nicht. Okay, okay. Aber was wir jetzt aber herausfinden müssen, oh, what is happening? Alan Chender. Treuhahug. Alan, wie geht's dir? Und danke dir für den Resub im 18. Monat. Alan, schön, dass du hier bist. Und wo ich dich bei Hamster gesehen habe im Kamerabild, habe ich mir gedacht, wann streamt die Ellen eigentlich? Wann kommt da der Stream von Ellen? Ich vermisse das irgendwie. Chat, wir müssen schnell schauen, wo der Win ist. Damit ich weiss, wo ich den Win muss belauschen. Oh. Da haben wir schnell T-Pose gehabt, Chat. Ja, aber... Er ist wahrscheinlich im Verwaltungsgebäude. Aha. Ohne Scheiß. Ja, aber das haben wir jetzt gerade gesehen. Hä? Wir müssen nochmal schnell schauen. Mit dem Wind der lebendigen Welt über Maya reden. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Das war jetzt aber nicht mehr das Ziel, das wir hatten. T-Pose? T-Pose-Chat? Oh! Ich bin halt überfordert. In solchen Spiel bin ich komplett überfordert, Chat. Komplett überfordert. Hey, das haben wir doch schon gemacht. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Also dann machen wir das halt nochmal. Wir reden nochmal mit dem Win. Aber eigentlich müssen wir den Win belauschen. Das ist es doch gesehen. Also, wir reden mit Win. Ich weiß, du hast zu tun. Gib mir bitte nur Michi, grüezi Michi, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello, hello. Yesman hat dir den Job als Gefallen gegeben. Das stimmt doch. Weil du mit dem Journalisten geredet hast. Lieber Chat, ich gebe euch auch noch schnell die Info. Ich könnte dem Win einen Flatter geben mit Ausrufezeichen Will Smith 2. Einfach, dass es gesagt ist. Also ich könnte jedem Charakter im Spiel einen Flatter geben mit Ausrufezeichen Will Smith 2. Totgeschrieben hat? Aber ich empfehle dem Win einen Flatter geben. Über tote Freunde anderer Leute zu sprechen? Es gibt einen Grund. Versprochen. Bitte, klär mich auf. Schnell Chat lesen. Nur Teilzeit-Zuschauer, hab keinen Plan. Okay. Hey Michi, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Danke der Nachfrage. Freut mich, dass es dir gut geht. Hey, alles gemütlich. Guter Stream gehabt. Viel los gewesen. Und jetzt ein bisschen gemütlich im Gameplay und so. Life is Strange. Ist immer geil. Ich versuche jemandem zu helfen, Chat. Mag viel Sinn ergeben. Aber ich versuche jemandem zu helfen. Und das bedeutet, mehr über Maya zu erfahren. Maya ist tot. Schon seit Jahren. Sie kann nicht helfen. Weder dir noch sonst wem. Hör mir einfach nur einen Moment lang zu, okay? Hey, du. Okay.
In deiner Aussage hieß es, Maya hatte Probleme. Aber das stimmt nicht, oder? Vin, was ist wirklich passiert? Frag Lucas Colmenero. Alles begann in seinem Kurs. Er hat Mayas Blut an seinen Händen. Mhm. Du meinst, Lucas hat... Sie getötet? Nicht wortwörtlich, aber... Oh, jetzt sind wir schon wieder bei dem Lucas. Mann verdient jedes Unglück, das ihn heimsucht. Okay, interesting. Mit Lucas in seinem Büro reden. Falls Safi ihn verdächtigt, ihre Windschutzscheibe mit einem Kuhschädel eingeschmissen zu haben? Keine Gratisaussagen mehr. Ich habe einen Ruf zu bewahren. Ich könnte noch ein Geheimnis enthüllen, von dem ich weiß. Oh, interesting. Was ich immer noch interesting finde, wir haben da eigentlich so einen Gefallen eingelöst beim Win. Und ich habe ja dir gesagt, oh shit, beim PIN-Code, wir hätten eigentlich den PIN-Code selber können raten, aber wir haben auch gefragt, wir haben auch gesagt, hey, wir haben noch einen Gefallen zu gut. Und ich habe das Gefühl, der fehlt uns jetzt dann irgendwann. Aber das sehen wir dann. Ich lese schnell. Oh nee, Ellen, gerade nicht so gut. Wollte vor einer Stunde schlafen gehen, doch dann kam alles raus, was ich glaube, ich die letzten Wochen unterdrückt habe. Abgesehen, dass du noch live bist und kann mich ein bisschen ablenken und so fühle ich mich auch nicht alleine. Vielleicht kommt es bald, dass ich live bin, aber mal schauen, da gibt es sehr viel Pro und Contra, aber sehr cute von dir. Hey Ellen, oh nee, das ist aber... The number of the beast. Hey Michi, merci. Michi, ich komm direkt nochmals auf das zurück, aber danke. Oh, grüezi zurück aus dem Aargau, ins Aargau. Hey Ellen, oh nee. Ja, aber ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, ne? Aber das gibt's manchmal. Das gibt's manchmal, dass es rauskommt. Ne? Ich hoffe aber, es ist nicht zu schlimm. Aber hey, ich hoffe, ich kann dich ein bisschen ablenken, Ellen. Ne? Ich hoffe, ich kann dich ein wenig ablenken. Das wäre schön. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und fühle dich auch gedrückt. Ne? Und ja. Und das pressiert ja auch nicht, ne, mit dem Streamen. Natürlich, wenn du Lust hast, wenn du Zeit hast, dann kannst du live gehen, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Ne? Und sonst gehst du mal bei Hamster wieder einen Marbles on Stream machen. Hey, und Michi, nochmal, merci vielmals für deine 6 Franken 66. Und eben, also ich bin ja aus dem Aargau, von dem her Grüezi innerhalb vom Aargau. Wir grüßen einander innerhalb vom Aargau. Michi, merci vielmals für den Support. Holy shit. Ach, Chat. Aber ich lieb. Und ich chatte einfach nochmal, dass es gesagt ist. Ich habe das schon manchmal gehört, dass mein Stream auch ein bisschen Ablenkung ist für die Leute. Und einfach so ein bisschen runtergekommen ist und einfach ein bisschen geniessen ist. Ein bisschen chillen von mir aus. Und ich finde es nicht schön, wenn es euch schlecht geht, lieber Chat, aber ich finde es euch schön, wenn ich irgendetwas machen kann. Wenn es euch etwas bringt, dass ich da bin und ihr meinen Content könnt schauen könnt, dann bin ich natürlich auch mega froh. Aber fühlt euch alle gedrückt, Chat. Jetzt bin ich von draussen. Von draussen gerade reingekommen und habe gedacht, wäre mal das könnte doch Hogwarts Legacy sein, aber es sieht ein bisschen... ja, ich weiss, was du meinst. Es hat ein bisschen etwas, weil wir gerade in einer Schule sind. Es hat sehr schwer etwas von Hogwarts Legacy. Gebe ich dir recht. Hey, auch noch, Ellen, von mir auch. Ne? Ich weiß, es ist nur ein Befehl, den ich da eingebe, aber du weißt... fühl dich wirklich gedrückt. Ne? Irgendwann läuft das Fass über, lass es raus, wir sind alle da, wenn du was brauchst. Hey. So true. Hey, ich hab das auch, ne? Ich hab das auch
Plötzlich merke ich wieder, was ich alles in mich reingefressen habe und dann kommt das raus. Und das muss dann auch einfach mal raus. Und dann geht es einem ja sehr häufig auch viel besser nachher. Tüdelü, ihr Lieben, ich werde nun mein Bett raten. Let's go /rate mein Bett. Chat. Passapossum, hey, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut. Und schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye. Tschüss. Du machst schon genug. Siehst heiß genug aus. Siehst heiß genug aus, um mich auf andere Gedanken zu werden. Der Double-Click. Also, so kann man es natürlich auch sehen, lieber Chat. Da mache ich mich gerade noch ein bisschen grösser für den Double-Click. So kann man es natürlich auch sehen. Und Double-Click, immer wenn du reinkommst, ganz klar, dann ist... So, gut, danke. Danke vielmals. Ich habe es die ganze Zeit unterdrückt und jetzt muss das raus. Ja, also das ist... ich glaube, wir kennen das alle. Wir kennen das alle. Und ja, wenn es rauskommt, dann kommt es raus. Ne? Und jetzt Chat, jetzt nicht zweideutig denken. Also Chat, benehmt euch, please. Ich höre eure zweideutigen Gedanken bis zum Meer. Ich höre die. Oh, Chat. Rauskotzen muss sein. True. True. Michi sagt nichts. Michi sagt nichts. So, Chat. Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen rein hier. Rein in das Vergnügen. Du und Safi wart mal ein Paar. Oh, das haben wir herausgefunden, Chat. Das haben wir herausgefunden. Lizzie, ich lese noch schnell. So, mein Lieber, ich bin auch mal raus. Viel Spaß noch und schönen Sonntag. Hey, Lizzie, das wünsche ich dir auch. Schön warst du hier, Lizzie. Und gute Nacht, Lizzie. Wieso geht hier mein Knopf nicht, Mann? Ich werde wahnsinnig hier. Moment kurz. Hier geht mein Zeugs halt nicht, ne? Es geht halt nicht. Hey. So, gute Nacht, Lizzie. Schlaf gut und lass dich von den sanften Wellen des Schlafs wie Sailor Moon auf eine magische Reise mitnehmen. Mögen Otter dich bewachen und Spielzeughammer für süße Träume sorgen. Träume bunt wie Armbänder. Lizzie, mach's gut und schönen Sonntag. Und knuddel den Ullen noch von mir, aber erst, wenn er wieder wach ist, ne? Und Lizzie, bye bye, tschüss. Und die Cookies, die waren traumhaft, Lizzie, habe ich doch schon mal gesagt. Die waren traumhaft. Ich hatte schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr solch gute Cookies. Wenn schon 4 soll kommen, habe ich gehört. Ja, das habe ich auch gehört. Das habe ich gesehen bei den Game Awards. Holy shit. Oh mein Gott, da könnte Jana oder könnte jetzt auch wieder das Just Chatting wechseln, um über Game Awards zu reden, Chat. Also nicht Awards an sich, aber da, wo halt angekündigt worden ist. Vor allem von Naughty Dog. Holy shit. Hey, aber mein Engel geht auch schlafen. Gute Nacht, mein Engel. Lass dich von Treulinas Stream verzaubern. Du träumst also von der Treulina, Mhm. Und tauche ein in eine Welt von Alan Wake. Träum süß von Abenteuern und Magie. Bis bald. Hey, mein Engel, nochmals GZ, ne? GZ das letzte Mal. Und heute noch eine Eichel dazu. Let's go. Und schlaf gut. Schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Mein Engel, bye bye. Und für alle, die schlafen gehen, Dienstag, Dienstag, nächster Stream. Wer geht jetzt wer geht dem Maxen flattern? Sagen sie, hey. Schleift es. Simpel. Freut mich, dass sie dir geschmeckt haben. Hey, sie waren echt geil. Oh, du hattest diese Cookies von ihr? Ja, oder von euch beiden? Hey, jetzt muss ich, ohne Scheiß, Chat, jetzt muss ich schnell
Real Talk machen. Und das ist meine Real Talk-Szene da. Ich war verwirrt gewesen. Und ich weiss nicht, ich weiss jetzt nicht, wie das passiert ist, aber ich war ja an dem Pen and Paper beim Ullen und wir haben die Cookies bekommen. Und ich glaube, alle haben 8 Stück gehabt, oder? 8 Stück, ist das richtig? Und ich habe ja irgendwie nachher noch 2 gegessen vor Ort. Und dann bin ich daheim gsi, mache das Ding auf und es sind 8 drin gewesen. Das heisst, wahrscheinlich ist irgendetwas durcheinander gekommen. Irgendjemand hat einfach ein paar Cookies weniger gehabt. Ich weiß nicht, ob wir es vertauscht haben. You know, Dosen vertauscht. Und ich habe nur so aufgemacht und dachte, okay, irgendetwas geht nicht auf. Weil ich habe schon 2 gegessen und ich habe immer noch 8 drin. Also, ich weiss nicht, wer es ist. Techie, Squanchy, Blackjack oder ich weiss nicht, Ullen selber. I'm so sorry, wenn ihr weniger Cookies drin habt. Das war nicht meine Absicht. Also ich habe mir da nicht irgendwelche Cookies ergaunern. Aber das hat mich komplett verwirrt. Ich habe mich noch nicht getraut, irgendwie die Runde zu schreiben und so. Ich dachte, okay, sorry. Hey, nein, Michi, es ist noch nicht Schluss. Wir machen nur schnell einen Abstecher in diese Story rein. Dann gehen wir wieder weiter im Gameplay. Alles gut, Michi, ich bin noch ein Weile da. Ich hätte auch gerne Cookies, da habe ich erstmal eine Schoki. Oh. Es waren halt auch Schoko-Cookies, ne? Hab statt Zartbitter Schoki, habe ich Vollmilch genommen. Ja, jeder hatte 8. Und ich hatte halt mehr. Wie war D&D? Was hast du gespielt? Wie heisst dein Charakter? Du Ullen könnt es wahrscheinlich besser erklären, aber es ist so... Ich weiss nicht, wie das Regelwerk ist, aber es ist sehr, sehr story-driven und sehr, sehr anfängerfreundlich, würde ich jetzt mal sagen. Die Ullen hat das super gemacht. Es war eine Weihnachtsgeschichte, wo wir eigentlich alles Elfen sind, die für den Samichlaus quasi arbeiten. Und ich hatte natürlich die glorreiche Idee gehabt, meinen Charakter so zu gestalten, dass er eben nicht ein Vollelf ist, sondern ein Halbelf. Er ist halb Zwerg. Und er hat Balrik geheissen. Und sein Vater ist der Brock. Und die Mutter heisst Belle. Also der Vater ist ein Halbschuh, ja genau. Nein, der Vater ist ein Zwerg, die Mutter ist eine Elfin. Und hat natürlich zur Folge gehabt, meine glorreiche Idee, dass ich meinem Charakter so ein bisschen einen Twist gebe, hat zur Folge gehabt, dass ich einfach die ganze Zeit angespuckt wurde von allen. Ja? So, ich begegne irgendeinem Elf, ich werde angespuckt. Da kommt der nächste Elf, spuckt mich an. Das war meine Story. Ich bin angespuckt worden und sie hat mich umgerührt, Chat. Aber ich habe nachher, am Schluss, habe ich das Biest besiegt. Mit meinem Hammer. Also, das war die Story in a nutshell. Troy der Robin Hood der Cookies. 2 + 8 gleich 28. Genau so. Hat der Troy lustige Gutzis gegessen? Dort war etwas drin, oder? Chat. Schoko-Cookies, ja. Troy hat Cookies gecheatet. Ja, aber nicht mit Absicht. Schoki mit Zimt und Koriander. Hä? Also bei Koriander, ich meine, Koriander verstehe mich nicht falsch, kann schon geil sein, im richtigen Gericht und in der richtigen Menge. Aber Koriander im Cookien? Also in der Schokien, what? Bist du amigs der Samichlaus in echt? Wäre nicht unwahrscheinlich. Sehe ich so aus, Chat? Wow. Ein Halbzwerg namens... Nein. Der Zwerg... der Vater ist der Brock. Der Vater ist der Brock, aber mein Charakter hat Balrik geheissen. Brockelson oder irgendwie so, ich weiß es nicht. Es gibt auch weniger offensichtliche Wege zum Angeben. Nein, hey, Brock kommt ja aus der nordischen Mythologie. Das ist ein Zwerg. Ist auch bei God of War vorgekommen, by the way. Das ist natürlich nicht eine Anspielung auf Brock.
Erst mal ein Kriese gelassen. Wenigstens sagst du es richtig Äpfelmast. Und nicht Kirsi. In der Schocke, ja, Lind. Von der Stimme her könnte es schon der Samichlaus von damals sein. Ja, aber dann müsste ich so reden, oder? Dann muss ich meine Erzählerstimme vornehmen. Ich bin der Samichlaus. Das ist ein Scheiß, Mann. Koriander im Schocki. Sounds like Seife in Pralinen. Ja, true. Die Cookies hatten viel Liebe. Vielleicht hatte Troy da eine Prise zu viel. Ja, ich bin der Samichlaus, Michi. Hast du dich denn benommen das Jahr? Du bist jetzt hier reingekommen. Hast gemeint, du könntest doch ein bisschen den Stream von mir schauen. Aber in Wirklichkeit ist das alles berechnet gewesen. Das ist alles gescriptet hier. Und du bist jetzt zu mir gekommen. Und du weißt wieso, dass du zu mir gekommen bist, Michi. I know what you did. What is happening? Jetzt brauchen wir nur noch den Geiselpeter. Der Geiselpeter, sehr gut. Ah, Chat, oh Mann. Ja, Michi. So wendet sich das Blatt plötzlich. Nein, ich bin nicht böse gewesen, Samichlaus. Hey, Chat, wir gehen jetzt noch ein bisschen ins Spiel rein. Sonst kommen wir nicht vom Fleck. So, was machen wir? Du und Safi, ihr seid mal ein Paar gewesen. Gwen ist unschuldig. Der Lukas hat eine einstweilige Verfügung gegen Safi eingereicht. Jetzt rede ich nur noch so, Chat. Wenn wir das wirklich rauslassen mit der einstweiligen Verfügung, ich weiß es nicht. Du und Safi wart mal ein Paar, das droppen wir jetzt. Safi wart mal ein Paar, oder nicht? Erstens, Infos, die ich schon kenne, sind nicht gerade aufregend. Last Man on Earth, merci vielmals. Danke dir für 100 Bits. Danke für deinen Support. Zweitens, ich muss wissen, wo du das her hast. Denn ich weiß, es war nicht Safi. Da war ein Foto auf deinem Handy. Ich hab dich wirklich unterschätzt. Okay. Warst du das mit dem Schädel oder nicht? Ja. Natürlich. Ja, er ist es gewesen, okay. Und warum? Warum? Du hast eine wütende Safi schon erlebt. Sie ist eine Naturgewalt. Als ich hörte, dass ihr Buch dir gekippt wurde, lenkte ich ihren Ärger einfach in die richtige Richtung. Also hast du was? Gwen beschützen wollen? Mehr kann ich dir nicht sagen. Und jetzt muss ich wirklich wieder arbeiten. Aber Caulfield? Was auch dein Grund dafür ist, die Vergangenheit auszugraben, behandle Maya mit Respekt. Sie musste schon genug leiden. Okay. Hey, aber was macht der Y-Spot in meinem Channel? Was ist jetzt passiert? Wait a second. Was macht der Y-Spot in meinem Channel? Ich zock Life is Strange nicht. Bist du da schon weit? Ich bin, glaube ich, in der Episode 3. Chat korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin, glaube ich, in der Episode 3 oder 2. Oder ich glaube, ich bin eher Episode 2, Chat. Oder 3. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, wie weit das ich bin. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht in der Hälfte. Ja, da muss noch viel passieren. Hey, aber Y-Spot, was bist du für einer? Woher kommst du jetzt? Der Y-Spot, er meint halt, er sagt da Moderator, aber er ist es halt nicht. Wir lassen jetzt den Y-Spot in dem Glauben, dass er da irgendwie Moderator ist. Du musst nicht klopfen. Meine Tür steht immer offen. Komm rein. Ich möchte dir was zeigen. Also Lucas, das ist jetzt so interesting. Letztes Mal haben wir den Lucas so ein bisschen verstanden. Wir hätten können etwas leaken mit der einstweiligen Verfügung. Das hätten wir können leaken und dieser Person schicken. Wir hätten gesagt, also weißt du was, wir machen es nicht.
Ja, du schaust selber, was du da für Probleme hast. Du musst das selber managen. Aber jetzt ist er halt wieder ein bisschen sass. Anscheinend ist da ein bisschen mehr gegangen mit dem Lucas. Ein Spot loben. Brock Baldrian. Baldrian. Wir hocken jetzt nicht ab, wir gehen zuerst schauen, was wir hier noch haben, Chat. Oh, Kaffee. Schaut mal das an, Chat. Der hat halt da einfach so eine verdammte hure Kaffeemaschine. Hey. What the fuck? Ich kenne diesen Namen nicht. Oh, der. Den hat ein Fan mir geschenkt. Er ist recht berühmt, weißt du? Schaust du Fußball? Nicht wirklich. Die ist von Jura. Da kannst schon. Jetzt muss ich auch noch mal schnell schauen. Das ist so eine Jura-Kaffeemaschine-Chat. Das sieht man direkt, oder? Das geschulte Auge erkennt die Jura-Maschine. Erstmal einen Kaffee. Ich würde jetzt sagen, Chat, was wir eben noch nicht gemacht haben, wir haben unser Tagebuch, glaube ich, noch nicht wirklich gelesen. Oder haben wir da alles gelesen? Ah, das haben wir gelesen, Chat. Okay, nichts Neues. Wieso habe ich gefühlt nur 20 FPS? Oh, süß. Die hat mir mein Sohn vor ein paar Jahren geschenkt. Habe ich gerade ausgegraben. Okay, der Sohn ist auch, der ist ein Teil von dieser einstweiligen Verfügung, also von dieser Story halt. Wir hocken mal ab, Chat. Wir ersetzen uns. Oder wir schauen den Stuhl an. Jemand wild gefeiert. Was? Oh, das ist nur Kaffee. Ich bin etwas abgelenkt. Lukas, let's talk. Was genau wolltest du mir zeigen? Sieh dir das an. Was guckt mir hier an? Das ist echt ein cooles Foto. Ich hoffe, Robbie geht es gut. Also das ist der Sohn, hä? Von ihm. Was zum... Er hat's wirklich getan. War das die richtige Entscheidung? Wir lesen. Hätte ich Safi sagen sollen? Da du nur 20 FPS hast. You don't say. Chat, wir lesen das mal schnell. Was haben wir da? Genehmigung einer temporären einstweiligen Verfügung und Terminfestlegung für eine vorläufige Unterlassungsanhörung. Diese Angelegenheit, die dem Gericht vom Kläger Lucas Colmenero als Antrag auf eine temporäre einstweilige Verfügung, vorläufige und permanente Unterlassung, Antrag und geprüfte Beschwerde vorgetragen wurde, wird hiermit wie folgt beurteilt. Erstens, basierend auf den Fakten mit Lucas Colmeneros geprüfter Beschwerde und dem Antrag den zugehörigen eidesstaatlichen Erklärungen hat Lucas Colmenero die folgenden benötigten Punkte für eine temporäre, einstweilige Verfügung nachgewiesen. Ja, und jetzt geht's hier noch weiter. Okay. Ja. Seite 2. Ein Film? Ach, Hä? Aber doch nicht noch mehr. Jetzt muss ich den Rest des Buchs nicht lesen. Das ist die richtige Entscheidung. Hätte ich es Safi sagen sollen? Ja, da war doch noch mehr, oder, Chat? Aber egal. Jetzt muss ich den Rest des Buchs nicht lesen. Von Samuel K. an Lukas. Lukas, ich habe großartige Neuigkeiten für dich. Olympus Mons Pictures ist an den Filmrechten für Wilder Beasts Than These interessiert. Ich melde mich mit weiteren Details und nächsten Schritten, also behalte dein Handy im Auge. Unbezahlter Autorenzähmer Samuel. Interesting. Oder auch nicht. Das sind keine 20 FPS. Wir haben vorher am Nintendo 64 Zelda. Moment, was schnell. Chat ist überdeckt da. Am Nintendo 64 Zelda gezockt. Dort sind es wirklich 20 FPS, ganz anders. Lukas, lass zu. Sag's ihm. Ja gut, das stimmt.
das würde mir wahrscheinlich direkt so auffallen, wenn ich jetzt so ein Zelda würde zocken auf Nintendo 64, würde ich denken, what the fuck? Ist das so ruckelig gewesen damals? So ein schicker Füller. Ich hätte Angst, damit zu schreiben. Haben wir sonst noch etwas? Ich hoffe, Das haben wir Robbie auch geht es geglaubt. gut. Lucas scheint bis spät abends zu arbeiten. Die ist vorläufig. Damit Damit habe ich 2 verachtet. Wochen, um handfeste Beweise zu finden. Ich weiß, du bist nicht begeistert. Safi ist deine Freundin. Aber es beruhigt mich ungemein, also... Danke. Dienchen, ich verkrümel mich jetzt ins Bettchen. Viel Spaß noch und später eine gute Nacht. Hey Dienchen, das wünsche ich dir auch. Und danke dir nochmals herzlich für den Raid. Und schlaf gut, träum süß, noch einen schönen Sonntag. Ne? Auch für dich, wenn du Zeit hast. Ne? Ich weiß, du streamst ja auch häufig selber. Aber bei mir laufen ja immer noch die Giveaways. Ne? Wenn du da auch die Chance auf ein Giveaway haben möchtest, ich wäre dann am Dienstag das nächste Mal wieder live. Und da gibt es noch tolle Preise. Ne? Also wenn du dabei sein willst, Dienstag wäre der nächste Tag. Und Dienchen, mach's gut. Bye, bye, tschüss. Dienstag, ja? Chat aufschreiben. Gern geschehen. Bedank dich nicht. Wirklich. Er schaut jetzt so. Was sagt euch Max? Aber ich sage, bedank dich nicht. Wirklich. Musst dich nicht bedanken. Es ging mich auch eigentlich nichts an. Ehrlich, ich hätte gar nicht erst in deinen Sachen rumwühlen sollen. Ja, das ist schon noch interessant gewesen. Aber... macht ja nichts. Aber deswegen bist du doch bestimmt nicht hier. Nein. Wie kann ich helfen, Max? Also, wie geht es Robbie? Filmangebot, reden wir über Maya, das war eigentlich der wichtigste Punkt. Aber ich würde sagen, wir tun das... Den Elefant im Raum tun wir jetzt noch ein bisschen verpacken, ein bisschen Smalltalk. Filmangebot. Ich will nicht neugierig sein, aber ich habe zufällig die E-Mail von deinem Agenten gesehen. Oh, kein Ding. Ein unglaubliches Gefühl, auf die Kinoleinwand zu kommen. Wurde auch Zeit, was? Oh, aber erzähl's noch keinem. Okay, Max? Solche Dinge müssen richtig angekündigt werden. Ich denke da an Krampus. Krampus? Wahrscheinlich. Krampus. Ich rede nachher mit meinem Agenten. Da erfahre ich die Details. Smalltalk sounds impressive. Nintendo 64 Ocarina of Time, 20 FPS bei einer Auflösung von 320x240. Holy shit, Mann. Das ist echt krass. Das ist immer da, wo ich denke, wenn man plötzlich wieder so ein uraltes Game zockt. Denkt man so, what? Das hätte so ausgesehen. Are you fucking kidding me? Das habe ich früher so zocken. Irgendwie in der Erinnerung sieht es halt mega viel geiler aus, als dass es eigentlich ist. Aber eben, das sind halt einfach... das hat sich halt verändert, die Gaming-Welt. Sieht halt alles viel geiler aus. Mit Raytracing und so. Ja, was soll ich noch sagen? Preise kann ich schnell zeigen. Also heute gibt es nichts mehr zu gönnen, Chat. Ich glaube auch eicheltechnisch sind wir heute durch. Aber am Dienstag geht es dann wieder weiter und wir haben noch 2 100 Franken Brack.ch Gutscheine, eine Razer-Maus haben wir noch. Dann haben wir von Govi noch ein paar coole Produkte, also so Sachen, die man sich hinter den Monitor kleben kann für Beleuchtungen. Dann haben wir von WOG gesponsert noch ein paar Games, also Game Keys. Und dann haben wir noch von mir zur Verfügung gestellt 4 Steam-Gutscheine. Genau, Brack.ch hat insgesamt 500 Franken Gutscheine gesponsert. Die sind natürlich beliebt. Also ich habe das Gefühl, wenn wir dann am Dienstag durch sind mit den Giveaways, kann ich mir vorstellen, dass die beiden auch noch weg sind.
Also von 5 sind schon 3 weg, jetzt in den letzten 2 Streams. Also, Michi, so, du siehst, viele geile Preise. Also am Dienstag auch dabei sein. Zwischen 10 und 11 ist dann Zieg. Ganz wichtig, dann vor allem auch dabei sein. Weil, wenn du nicht da bist und nicht claimst, und das haben wir heute, wie soll ich sagen, ne, erlebt. Dass irgendwie etwa 6 Leute nicht rum waren bei der Zieg. Dann, ja. Schaffe ich nicht. Schaffst du nicht zwischen 10 und 11? Oder sagst du, schaffst. Oder okay, du schaffst es dann nicht auch. Also dann, am Dienstag ist der Stream, der nächste Stream, dann ist am Donnerstag der übernächste Stream und dann wieder am Samstag. Und natürlich geht dann immer wieder etwas weg. Wie gesagt, vielleicht hat es dann am Donnerstag keine Brackgutscheine mehr. Aber dafür hat es sicher noch, wie ihr gesagt, vieles andere, wo noch cool ist. Erlebt ist noch zu gut ausgedrückt. Ja. Wir haben gelitten. Gelitten haben wir alle. Es war eine Achterbahnfahrt für 3 Uhr. Es ist 3. Fähnchen 3. Am Dienstag 3. Dienstag bin ich eingewählt. Hey, Äpfelmost, das ist die richtige Einstellung. Seht ihr das, Chat? Der Äpfelmost hat eben die Einstellung. Der sagt sich einfach, ich gönne. Es gibt kein Wenn und Aber. Ich gönne einfach. Ich schlafe am Tag, aber keine Sorge, alles gut. Okay. 2. RNG is on my side. Also Äpfelmost, dann werden wir es jetzt aber schnell sehen. Einer ist ein Ausrufezeichen W20 würfeln, bitte. Ausrufezeichen W20. Also der Äpfelmost kommt in meinen Stream rein am Dienstag und macht am Giveaway mit. Er wünscht sich natürlich, dass er gönnt. Und der Äpfelmost würfelt ein 18. Ja, ich glaube, du gönnst. Und Apfelmost hat gewonnen. Michi, da ist der Michi, den habe ich so gezogen. Aber der Michi ist dann nicht um. Er meldet sich nicht und claimt nicht. Oder? Und vielleicht bekommt er aber dann noch einen Trostpreis mit dem Elfi. Vielleicht gönnt er noch ein Eichel-Giveaway als Trostpreis. Feinchen mit dem 16, ich glaube, der Äpfelmost kann zwar zuerst wählen, welchen Preis das er nimmt, aber da, wo noch übrig bleibt, Feinchen, dann kannst du dir dann etwas auswählen mit deinem 16. M&A macht mit. Mein Bot erkennt aber, mein Bot hat einen Fehler und erkennt die Teilnahme vom M&A nicht. Und dann kommt die Ziege und wir merken, shit, der M&A war gar nicht dabei gewesen. M&A gönnt leider nicht. Ich bin nicht da. Machen wir da noch. Wir gehen jetzt direkt. Jetzt gehen wir zum Thema. Wir haben jetzt Smalltalk gemacht, wir haben schnell bla 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 Filmen und so und jetzt Maya. Sag mal, kannst du mir was über Maya Okada erzählen? Warum fragst du? Du weißt, warum. Mit Sicherheit weißt du, warum ich frage. Besser als irgendwer sonst. Let's go. Oh, seine Reaktion. Bedauere. Ja, hallo? Jetzt entschuldige mich. Hey. Ich muss meinen Agenten anrufen. Lass mich bitte allein. Hätten wir noch mehr Smalltalk? Natürlich. Marlo, haben wir zu wenig Smalltalk gemacht, Marlo? Marlo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hi. Infos über Maya in Lukas Büro in der toten Welt finden. Das heisst, wir machen schnell den Switch, gehen hier nochmal ins Büro und schauen, was wir finden. M&A fragt, was habe ich nicht gewonnen? Alles. Alles. Kleine Reden haben wir genug gehabt. Ja, ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gemacht hat, aber wir gehen jetzt schnell raus.
switchen schnell über in die andere Realität und gehen nochmal rein. Schauen wir, was wir finden. Und umsehen kann ich mich hier drin auch nicht. Wieso nicht? Wir müssen ja nur die Realität switchen, Max. Wir switchen. Oh, was ist nicht da? Was steht da? Kein Lucas. Klingt nach einer guten Gelegenheit, sich umzusehen. Okay, ja gut, dann gehen wir rein, Chat. Hey Valianz, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hey, hast du's auch gezockt, Valianz? Okay, sehen wir mal, was ich über Maya erfahre. Ja, also ich bin halt riesen Life is Strange Fan. Es ist so. Bis jetzt gut, langsamer Start. Ja, ich hatte da ganz am Anfang hatte ich halt schon ein bisschen Mühe. Aber jetzt kommt's ins Laufen. Zum Teil auch noch ein bisschen langatmig. Aber jetzt sind wir hier wieder am Rumstöbern und finden sicher irgendwas Interessantes. Aber Valianz, wie geht's dir denn? Wenigstens ein Student hat gute Erinnerungen an Lucas. The Golden Moment vom Jorge 3 Martinez. Okay. Mr. Colmenero. Es ist Jahre her und Sie erinnern sich vermutlich nicht an mich, aber ich hatte gehofft, dass Sie mir die Ehre erweisen, mein erster Leser zu sein. Mein Verleger würde durchdrehen, falls Sie den Klappentext schreiben, aber das ist es nicht, was mir wichtig ist. Sie haben mich als Student so inspiriert, dass ich einfach Ihre Meinung hören möchte. Rezensionskopie nicht zur Distribution. Bin schon die ganze Zeit im Lurk, aber gerade Abspann des Todes. Oha. Ach so, du bist nicht Fan vom Game, nice. Hallo? Hallo? Das ist vermutlich seine Ex-Frau. Hier sehen sie echt glücklich aus. Enhance. Schneller. Okay, das ist okay. Oh, Chat. Komisches Versteck für einen Schlüssel. Ja, das ist jetzt aber schnell gegangen. Dann machen wir da die Schubladen auf. Sieht unterhaltsam aus. Wusste nicht, dass Lucas weiß, was Spaß ist. Aha. Okay, ja, jetzt haben wir den Schlüssel und jetzt... Oh, schon wieder. Das ist ja die Idee. Scheiße, viele der Sachen sind unbezahlbar. Ich habe genug zu tun. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Das ist ja die Idee, dass Max selber die Fotos macht. Erst Gwens aufgeschlitzte Reifen, jetzt Lucas Büro? Was geht in dieser Zeitlinie vor sich? Okay, nehmen wir mit, Chat. Oh, Schnappschuss. Zuerst ein Schnappschuss, Chat. Glänzte und hat vermutlich seit Jahren nichts geschrieben. Genau wie Lucas. Und dann irgendwie da einfach reinzoomen, ein Foto machen. Schloss ausprobieren. Hello there. Oh, what do we have here? Damit habe ich nicht gerechnet. 1 Million Meilen unter meinen Füßen. Das kenne ich. Das ist von Maya. Okay, lesen wir noch einen gerade. Sobald ich heimgehe, ca. 5 Uhr, mache ich für die ganze Familie einen geilen Reiseintopf. Ja, tu das. Bringst du mir auch noch etwas vorbei? Amnesia, hello und hi to Germany, Grüße nach Deutschland, wie geht's dir? Oh, mich, okay, du bringst, okay,
Let's go. Am 5 Uhr kommst du direkt vorbei. Oh, da war jetzt schon noch geil, Chat. Würde ich nicht Nein sagen. 1 Million Meilen, was? 1 Million Meilen unter meinen Füßen. Weniger pointiert, mehr Metapher. In dieser Stadt erhob sich die Bestie und starrte in meine Seele. Sie wurde zu mir. Ich bin stets die Bestie gewesen. Aber das war später. Jetzt zitterte ich in der frostigen Kälte eines Januarmorgens. Ich trat einen Schritt auf den sich bewegenden Truck zu und blickte zurück zu den Menschen, die sich am Straßenrand versammelt hatten, und verstand augenblicklich, wie es sich anfühlt zu ertrinken. Meine Eltern sahen einander an und Obasan sah auf den Boden. Ein Außenseiter könnte dies als Eigensinn auffassen, als Missbilligung meines Weggangs. Doch ich wusste, dass sie geweint hatten und nicht wollten, dass ich es sehe. Wenn wir das alles lesen, Chat, was ist das überhaupt? Diese Menschen besitzen meine Seele, dachte ich. Mich von ihnen zu trennen war wie Wasser zu atmen. Ich kann nur wild strampeln. 18 ist zu jung. Hannah ist nur ein Mädchen, sagte Obasan beim Abendessen am Abend zuvor, als ob ich nicht anwesend wäre. Sie ist Amerikanerin, sagte mein Vater, als sei es eine Erklärung. Wir sind jetzt alle Amerikaner. Alle von uns außer meinem Bruder Kaito. Er hatte seinen Job in Tokio. Keine 10 Pferde könnten ihn aus Japan fortbringen. Die selten 10 Pferde, die mich aus dem einzigen Heim zerrten, das ich je kannte. Über 200 Meilen Autobahn in eine Stadt mit einer Bestie in ihrem Zentrum. An den Ort, in dem Labyrinth, in dem meine Seele den Menschen, denen sie gehörte, genommen werden würde. Dieses Gefühl der Heimatlosigkeit kann übertragen werden, unabhängig vom Land. Okay. Apropos, woher kommt ihr so? Ich Schweiz. Ich auch. Ich bin auch aus der Schweiz, Chat. Amnesia, viel zu high. Hast du geraucht? Oder war es vielleicht das weiße Zeugs, Chat? Also Michi, ich glaube, die meisten kommen aus der Schweiz. Nicht alle. Nicht tatsächlich nicht alle. Wobei jetzt um die Zeit ist es noch schwierig. Es könnte auch ein bisschen 50-50 sein. Ich bin im Hobbyraum, nutze das halt nur 360p. Okay. In dem Fall ist es so, du merkst eigentlich gar keinen Unterschied, wenn ich jetzt da meinen Streamer-Bot ausschalte. Also du merkst eigentlich gar keinen Unterschied, wenn ich so streame, oder? Dann lassen wir es einfach so. Komm schon, es muss hier eine Kopie geben. Es muss einfach. Was? Doch? Aha, okay, sorry. Ja, dann tun wir es wieder ausschalten. Machen wir es wieder so, Chat. Der Bot wieder kaputt. Robin Rehmann, Aargau. He? Also ich natürlich auch da, aus dem Aargau. Ich habe sogar meine weißen Söckchen an, Chat. So wie es sich gehört. Highway Racer kommt von Amerika. Aber das weißt du ganz genau. Ich auch. Oh, der Thurgau-Chat, ist auch anwesend. Was machen wir eigentlich dann? Lucas hat Blut an seinen Händen. Ich has Max. Hä? Oh, habe ich wieder etwas nicht gelesen, Chat. Hat mir die ganze Zeit gefehlt. Max, du weißt mehr als ich anscheinend, weil ich nicht aufgepasst habe. Ich muss mit Safi reden. Ich lese jetzt das nochmal durch. Oh Mann, Spiel, come on. Irgendetwas habe ich jetzt nicht gecheckt. Safi, hey. Sei stark, Habibti. Ich habe sogar meine Rüebli-Säckchen. Ja, so Chat.
Also, jetzt muss ich euch jetzt da noch wirklich zeigen, was ich für Söckchen habe. Ja, also, das gibt es nur noch auf OnlyFans, lieber Chat. Aber jetzt, weil es dir sind, Chat. Ja, da, meine Socken. Jetzt musst du halt da bei deinem 360p-Bild schnell einen kleinen zoomen. He? Aargauer Wappen. Rüebli. He? Hast denn du auch Aargauer Wappen drauf, he, Michi? Ja, da kannst du nicht mithaben, gell? Da kannst du eben nicht mithaben. Das ist eben Next-Level-Shit, der da abgeht. Das ist, wenn man vom Chat Söckchen geschenkt bekommt. Dann sieht das so aus. Oh, Thurgau, du Heimat, wie bist du schön, dir schmückert der Sommer die Täler und Höhen. Oh, Thurgau, du Heimat. Was machen wir da? Das lasse ich mir schnell vorlesen, Chat, während ich da weiter... Schufki raided mit Schufki! Let's go! Schufki, danke dir für den Raid. Akemba auch hier. So. Kurz die Szene wechseln hier. Liebe Raiders, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Ich lese nur Feedporn. Nee, liebe Raiders, nicht gehen. Ja? Feedporn war vorhin, jetzt sind wir wieder beim anständigen Content. Ich musste kurz Füße zeigen, wisst ihr? Braucht's manchmal so eine, damit die Leute hier bleiben. Schufki, wir machen noch ein Foto. Wie war dein Stream? Wie geht's dir? Was hast du gezockt? Und liebe Raiders, ich bin überfordert. Gelo Akimba Wave. Akimba Wave. Akimba Batlav. Das ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, sorry. Hey Akimba, danke dir für den Resub im 6. Monat. Let's go. Danke für deinen Support. Und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit viel Interaktivität, viel Spielereien, vielen Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Wir sind aktuell im Gameplay drin, ne, um 2:45 Uhr morgens. Und wir sind im Life is Strange Double Exposure drin. Und ich begrüße noch kurz alle, die ich noch nicht begrüßt habe, und zwar Akimba, Feudai und natürlich Schufki. Schön, dass ihr hier seid. So, und lieber Chat, lieber Raiders, kommt doch alle aufs Foto drauf mit Ausrufezeichen Foto. Joint da unser Foto mit dem lieben Schufki, mir und eurem Profilbild. Oha, und es ist weihnachtlich, Chat, weihnachtlich. Söckli-Porn. Genau so. Genau so. Kurz gucken hier. Und Kawau Music, grüezi, schön, dass du hier bist. Auch auf dem Foto, let's go. Wir haben erst reacted, dann wollte ich New Ark Line spielen, aber das Spiel braucht Patches, weil es permanent gefreezed ist. Okay. Also sind wir zu Kingdom Come Deliverance, das ist das, ne? Geswitcht, okay. Auf was hast du denn reacted, Schufki? Auf die Game Awards. Die waren ja auch noch, ne? Oder hast du auf was anderes reacted? Aber geil, ne? Also, lieber Chat, ich war da jetzt letztens auch wieder mal bei dem lieben Schufki. Und das ist, ne, so ganz, ganz gemütlich, ganz sympathisch da. Also, ich liebe den Vibe beim lieben Schufki und guck da unbedingt mal vorbei, Chat. Ne? Das lohnt sich. Oha, da kommt bald Teil 2 raus. Vom Kingdom Come Deliverance. Die Game Awards gucken wir Sonntag. Bin sehr gespannt und habe versucht, Spoiler zu meinen. Ich habe ein bisschen mitgeguckt, aber ich spoiler in dem Fall nichts. Ne? Ich sage jetzt auch nichts dazu. Ich habe so ein paar Dinge, die ich interessant finde, habe ich gesehen. Game Awards sind morgen dran und mit Nachgucken machen wir wieder zu dritt.
Mit dem Ja. Okay, der Ja ist auch noch dabei. Nice. Mack. Der Bot so Mack. Okay, aber nice. Chat, seid ihr... Nein, Google. Stop it. Stop. Oh, nee. Seid ihr alle drauf, Chat? Ausrufezeichen Foto. Wer noch nicht drauf ist, jetzt noch drauf. Ich bereite mal alles vor. Danke für den Raid. Und... Aber es ist ein schönes Bild. I like. Oh, da ist noch jemand drauf, Chat. Tiger, Simple. Wir sind alle drauf. Also ich bin schon drauf, aber auf eine andere Art. Come on, let's go. Das darf auch sein. So. Oh, ich bin langsam müde. Hey. Wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. Jonathan? Jonathan. Das Timing. Chat, das Jonathan-Timing, das ist... Oh, das muss gut sein, ne? Weil der kommt nur so kurz. Ja, aber Michi, wieso machst du so einen Latsch? Was ist denn los? Gott verdammt. Schaut mal, was er für einen Latsch macht. Das wäre die Welt untergegangen, Chat. Nice, eigentlich. Hey Schufki, hier unser wunderschönes Foto. Ab jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC, und ich mache dann noch eine Story auf Insta, wo ich dich markiere. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Was? Was? Ist nur Spaß. Nur Spaß, Mann. Okay, das Bogenschießen. Findest du nicht so gut? Was das Geile ist, ne? Ich habe das Spiel mal gebackt damals, aber ich habe es dann nie wirklich gezockt. Holy shit. Oh. Aber ich glaube, es ist schon noch geil. Jetzt muss ich kurz gucken hier. Ich glaube, ja, wir sind noch nicht ganz so weit, Schufke. Ne? Du weißt ja, wie es funktioniert mit dem Bosskampf. Leider sind wir noch nicht bei 15. Sollte noch ein Raid reinkommen mit genügend Leuten, das heißt mit mindestens 6 Leuten, dann würden wir noch einen Bossfight machen und du wärst dann auch Dungeon Leader. Aber für einen Moment gehen wir mal wieder zurück ins Gameplay. Und ich lese noch kurz Chat. Als Backer hast du, glaube ich, auch Rabatt oder so für Teil 2, habe ich gelesen. Oha! Geil, dann könnte ich mir den Teil 2 noch kaufen, den ich dann auch nicht zocke. Geil. Nee, aber das finde ich natürlich nice. Das ist eine geile Idee, dass man da Rabatt bekommt als Backer. Das ist sehr, sehr nice. Troy hat schon... Ey, ich habe Half-Life 3 schon durchgespielt. He? Half-Life 3. Ich komme aus der Zukunft, Chat. Ja, perfekt. So, Chat. Und jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal so, ist ja eigentlich klar, wir gehen ins Life is Strange Double Exposure rein, irgendwie Episode 3, I guess. Bin mir gar nicht sicher. Und natürlich Spoilers. Spoilers ahead. Für alle die sich vielleicht nicht spoilern lassen wollen vom Spiel, müsst ihr wahrscheinlich wegschauen. Jetzt lernt mal den Y-Spot in Ruhe. Der hat da gar nichts verloren. Jetzt müsst ihr ihn nicht noch triggern. Last Man, danke dir für 100 Biddies. Ihr wollt Zukunftstroi sehen? Startet einfach einen Hype-Trend. Oh, ey, no. Please. Das war nicht das, was ich sagen wollte, Chat. Aber danke dir für den Support, Last Man.
Und Kawau Music, ich mag das Bogenschießen vor allem, weil ich mir damit an einem Tag 2000 Groschen verdienen kann mit Turniergeldern. Oha. Ja, jetzt mal eine kurze Frage, Kawau. Ja, ich war auch schon in deinen Streams, ne? Ich war halt auch schon, ich dachte mir vorhin, dieser Name kommt mir bekannt vor. Dann habe ich das Profilbild gesehen, dann habe ich irgendwie gedacht, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Also auch an lieben Kawau. Großes Kompliment, ne? Was du da machst, ist echt krass, echt geil. Also auch da einfach nur die Skills am Start, holy shit. Echt geil. Ja, und Kawau, du hast das auch gezockt, ne? Ich hab dir sogar zugeschaut, wo du das gezockt hast. Holy shit. Tief in deinem Herzen wolltest du es sagen. Y-Spot, hau ab. Ich weiß nicht, wieso der überhaupt hier ist, Chat. Was hat der hier verloren? Ich bin erst 12 Stunden drin, ich werde mich bestimmt noch damit anfreunden. In allen anderen Spielen bin ich am liebsten Bogenschütze. Ich feiere das eigentlich auch sehr, so halt allgemein so der Fernkampf finde ich auch interessant. Aber ja. Nichts zu danken, Kawau. Es ist so, wie es ist. Aber es freut mich natürlich jetzt auch sehr, dass ich jetzt begriffen habe, wer du überhaupt bist. Und das ist mir natürlich schon eine große Ehre, ne? Muss ich also ganz ehrlich sagen. Ich spiele gerade den zweiten Durchlauf. Der erste war 2019 fertig. Hey, es ist eben auch so eine Kawau. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon eine Weile her. Das ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal bei dir war. Sorry. Aber ich weiß nicht, ob das war. Ist das schon so lange her? Holy shit, Mann. Krass. Woher weiß ich, welche Weihnachtsgiveaways noch da sind? Hast du jetzt, ich nehme an, du hast die Webseite offen, ne? Du kannst entweder mit Ausrufezeichen Preis und die Nummer, also Ausrufezeichen Preis Abstand Nummer, die 3 oder was auch immer, kannst du gucken, ob das noch da ist. Aber ich kann das auch kurz einblenden für dich. Es hat noch 2 Gutscheine von Brack, die Maus gibt es noch. Dann von Govi die 3, 4 und 6. Und dann gibt es von WoG noch alle Spiele. Und von den Steam-Gutscheinen gibt es noch 4 Stück. Der Landwirtschaftssimulator, der ist weg. Preisabstandnummer. Fast. Also ich kann es kurz sagen. Preis 14. Dann steht da, Preis Nummer 14, dieser Preis ist leider nicht mehr verfügbar. So kann man es checken. Kurz noch Chat nachlesen. Ganz wichtig, Chat. Ich bin mit dem Raid mitgekommen, von KCD zu KCD geradet. Oh, let's go. Ja, das ist halt dein Content, ne? Und bei mir gibt es jetzt das leider nicht. Ne? Bei mir gibt es Life is Strange, wo wir zwischen Realitäten reisen. Warte, es gab einen Raid, ich bin lost. Ja, Michi. Du bist ja mehr lost als ich, Michi. Genau, Govi Dreamview G1 Gaming Lite für 24 bis 32 Zoll Monitor. Also Kimber, das musst du dir dann auch angucken, ob das passen würde, ne? Von der Größe her. Da hast du sogar noch den Link, wo noch weitere Infos zu finden sind. Also bin ich am Dienstag doch gerne dabei, muss man etwas voranmelden für die Verlosung. Jamon, du musst nur, also sobald ich anfange zu streamen, kannst du endlich kommen und schreiben Ausrufezeichen Ticket. Und dann tust du dir ein Ticket sichern
ein Ticket kostet 200 Punkte, aber die hast du 100 pro. Und sonst die Punkte kann man überprüfen lassen mit Ausrufezeichen Points. 200 Punkte braucht es für ein Ticket, maximal ein Ticket pro Person. Und Jamon Zieg ist zwischen 10 und 11. Also du musst einfach ein Ticket kaufen und dann musst du zwischen 10 und 11 unbedingt dabei sein. Weil, wie gesagt, wir haben heute sicher etwa 5 oder 6 Leute sagen, die nicht rum waren. Und das ist natürlich mega schade, wenn du etwas gönnen würdest und ich dann sage, ja, sorry, nächste Person. Ja, also man muss claimen, lieber Chat. Ich bin so froh, dass ich schon in Vorarlberg gewohnt habe. Da verstehe ich dich auch ganz gut. Okay, Kawau, das finde ich interessant. Also das Schweizerdeutsch verstehst du recht gut. Wenn du es jetzt so in Prozent müsstest ausdrücken, wie viel Prozent wären das? 80%, 90%? Chat, ich würde am liebsten wieder Just Chatting machen mit euch, aber ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen vorwärts kommen im Spiel. Akimba mit 1720 Punkten. Da hinten ist der Delay hart. Egal, ich schaue und höre nur zu. Der Delay ist hart, Chat. Hart. Das habe ich vorher auch schon gehört, ist aber zwischen 10 und 11. Sorry, Jamon. Hey, legitime Frage. Sorry, ich habe das vorhin gelesen, aber irgendwie nie beantwortet. Zwischen 22 Uhr und 23 Uhr. Und ich fange an um 19 Uhr mit dem Stream, so circa. Vielleicht ein bisschen Verspätung. Und der nächste Stream ist am Dienstag. Ne? Mich kann man ersetzen beim Gewinnspiel. Michi, du bist nicht ersetzbar. Niemand ist ersetzbar. Von dem, was ich gerade sage, 95%. Holy! Okay, das ist viel. Das ist viel. Du weißt, wo du mich findest. Ja, Chat, wir machen da noch schnell ein bisschen weiter. Sonst verlieren wir den Faden. Ich wandere mal langsam in den Lurk. Ganz viel Spaß euch noch. Hey Schufki, merci nochmal. Danke nochmals für deinen Raid. Und danke dir auch für den Lurk-Support. Und Schufki, ne? Es ist immer wieder schön bei dir. Mit den ganzen Zetteln, die du da druckst. Nice. Ich bin sogar sehr ersetzt. Das ist Seich, Michi. Das ist Seich. Niemand ist ersetzbar. Jetzt Punkt. willst du mit mir reden? Diskussion Ende. Ich hab dir nichts zu sagen. Safi, bist du... Hey, was ist los mit Wem dir? was über mich erzählt? Mehr Hinweise erschnüffelt? Scheiße. Sie weiß, dass ich Fragen gestellt habe. Oh, okay, Ich weiß nicht, mit wem du das ist gesprochen doof. Aber ich habe einen guten Grund. Oh, du hast einen guten Grund? Na dann, was ist dein guter Grund, Max? Kokainum. Das kann ich dir nicht sagen. Ich versuche dir zu helfen. Oh. Chat, ihr müsst auch wieder mal entscheiden, Chat. Es braucht euch für dieses Spiel. Das kann ich dir nicht sagen. Sorry. 1. Ja, gespritzt. Ich versuche dir zu helfen. 2. Chat, was sagen wir? Was sagen wir? 1 oder 2? Ich brauche euch, Chat. Ich kann das nicht alleine spielen. Akimba, ich sage mal gute Nacht, schlaf gut nachher und viel Spaß noch. Hey Akimba, schön bist du mitgeradet und danke nochmals für deinen Support. Und ich wünsche dir dann auch eine gute Nacht und einen schönen Sonntag. Akimba, mach's gut, bye bye. 11222. Okay, dann mache ich die 2. Ich versuche dir zu helfen. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich glaube, dass jemand vorhat, dir zu schaden. Ja. Ich Ja. auch. Okay. Dafür habe ich jetzt nicht die Energie. Du solltest mich eine Weile in Ruhe lassen. Eine lange Weile. Oh, come on, Safi, Mann. Wir versuchen nochmal dein Leben. Oh, wie du... Oh! Habt ihr jetzt gesehen, wie traurig die Max hineinschaut? Oh, schau mal. Oh, no. Wir versuchen doch nochmal
Safi zu retten. Wir versuchen, ihr Leben zu retten. Holy shit. Snapping Turtle. Okay. Da sind wir wieder. Jetzt schaue ich mal schnell auf die Uhr. Wie machen wir da? Ein bisschen machen wir noch. Chat, mögt ihr noch? Oder wollt ihr schlafen? Wollen wir noch schnell mit Amanda flirten? Oder mit dem Dude? Oder mit Gwen? Ja, wir haben jetzt die Wahl, Chat. Dann lass sie in Ruhe. Ich habe so viele Nächte so verbracht, als ich unterwegs war. Diners, Bars, Hotels. Ich war damals gern allein. Zumindest glaube ich das. Chloe ist bestimmt feiern. Für mich würde sie... Läutere an. Oh. Es ist nicht mehr ihre Aufgabe, sich um mich zu kümmern. Ich kann nicht hier sitzen und in Selbstmitleid versinken. Ich finde immer noch krass. Ich finde immer noch krass, dass es gibt eine Version vom Game, wo Chloe tot ist. Just say. Da kann man am Anfang wählen, ob Chloe lebt oder nicht. Je nachdem, wie man sich im ersten Teil entschieden hat, natürlich. Ich finde das irgendwie immer noch interessant, dass Chloe doch ab und zu mal aufpoppt. Aber was immer bedeutet, dass in der anderen Version vom Spiel, dass das alles nicht um ist und wahrscheinlich durch anderen Content ersetzt worden ist. Dann lass sie in Ruhe, haben da Handlungen Konsequenzen? Oh ja, das Spiel basiert genau auf dem. Es steht sogar, wenn ich eine Entscheidung treffe, wo wichtig ist, steht, diese Entscheidung hat Konsequenzen. Das steht dann oben links. Jamon ist noch da, let's go selber noch im Game. Ich gehe um 5 Uhr, ich gehe dann kochen. Das ist ein Plan. Und dann bringst du ja noch Essen vorbei. Das gibt es in The Witcher ähnlich auch. Okay. Ich kann Amanda fragen, ob sie mir hilft, meine Sorgen zu ertränken. Wir lesen jetzt ein bisschen das Tagebuch, liebe Max. Du hast jetzt ein Tagebuch geschrieben, die 16. Seite. Und jedes Mal muss ich mir das ganze Buch durchblättern, was mich extrem nervt. 7. Dezember. Das war vor einer Woche, Chat. Es gibt viele Widerlinge auf der Welt und Lucas Colmenero ist einer davon. Er tut so gediegen, aber er benutzt andere. Jefferson strotzte auch nur so vor Scham. Oh, der Mr. Jefferson, der hure Lümmel, der. Und dann auf einmal nicht mehr. Ganz gleich, wie nett er tut, was er getan hat, war ein Missbrauch von Macht und Maya ist deswegen tot. Wer weiß, wozu Lucas fähig ist. Robbie tut mir leid, so ein Arschloch als Vater zu haben. Safi tut mir auch leid. So viele Leute haben sie im Stich gelassen, mich eingeschlossen. Ja, der Lucas ist so... ist halt schon... I don't know. Lucas ist halt mega selbstverliebt. Aber irgendwie sind in diesem Spiel eben mega viel selbstverliebt. Nur die Max nicht. Schnell gucken, Amanda, gibt es da News, Chloe, Crosstalk, irgendwelche News. Ja, ich bringe das Essen vorbei, in Gedanken. Nein, das ist jetzt fix, das haben wir jetzt so abgemacht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Alles Gute zum Geburtstag, Courtney, meine beste Freundin, bla bla bla. Müssen wir da irgendetwas anschauen? Lucas, vergesst nicht, mir morgen in der Snapping Turtle die Meinung zu sagen. Ich durfte einen Blick auf die Witze werfen und sie sind Poesie. Ja, wir machen da mal weiter. Die Kneipe in der lebendigen Welt verlassen, mit Amanda in der lebendigen Welt treten, mit Wen in der toten Welt treten. Fangen wir mal beim Wen an. In welcher Welt sind wir eigentlich genau? Lebendig. Machen wir mal schnell den Switch-Chat. Fangen wir bei der toten Welt an. Du
kannst keine Bahn. Adresse. Das Name ist Troy H. Amaren an der Hämmerlistraße 1337 in 1337. Ja, jetzt bringst du es auch dort hin. Einfach eine Hämmerlistraße. Kommst du oft her? Hey, was? Nein, Max, hör jetzt sofort auf. Hey, nein, Max, please, stop it. Also, ohne Scheiß, ich deinstalliere das Spiel, wenn du mit dem Win rumflirtest. Das ist ja, kann man nicht anschauen. Hey. Wieso bin ich jetzt... Chat. Wenn die sich küssen, dann deinstalliere ich das Spiel. Ne? Das ist ganz einfach. Mieser Tag? Einfach alle hassen mich. Ich bin nervig. Ich belästige wirklich jeden. Meine Kollegen, Moses, Safi war auf mich echt oft sauer. Sorry, dass ich immer pausiere, aber ich muss halt zum Schnellchat lesen. Nein, sie nutzt die Waffen einer Frau, um Infos zu bekommen. Sie faked. Sie faked Zuneigung. Das können sie gut. Bist du irre? Safi war von dir besessen. Sie hat ständig von dir geredet. Ich war so eifersüchtig. Ich meine, Mach dir keinen Kopf. Ich weiß von dir und Safi. Oh. Nun ja, ich hätte es dir sagen sollen. Ist okay. Danke vielmals. Danke, Will. Das hast du gut gemacht. Ist okay. Ja, hättest du tun sollen. Ganz ehrlich? Ja, ich jetzt. Gern gewusst. Nur um zu wissen, wie ich mich verhalten soll. Was? Dann bin ich froh, dass es dir niemand gesagt hat. Ich will kein Mitleid. Ich war nicht ihr fester Freund oder in der Art. Und es ist schon lange her, aber ich hatte mir wohl ausgemalt, wir kommen wieder zusammen. Irgendwann. Hast du noch andere dunkle Geheimnisse meiner Vergangenheit parat? Zuerst können wir noch ein bisschen nachschenken, Win. Weiß, was mit Maya passiert ist. Himmel, Max, das war ein Witz. Und ich weiß, was du nach ihrem Tod getan hast. Muss ich gerade fertigen. Und ein Riesenarschloch. Und ich wollte nicht im Schnapsladen meiner Eltern arbeiten, bis ich verschrumpelt bin. Fühlt sich dein vergangenes Ich jemals an wie... Ich weiß nicht. Ein Alien? Aliens. Der Scheiß, der dir mal wichtig war, ist so banal, dass du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Vorsicht, es schmeckt schon sehr nach Schmatzen. Nein. Der Will sorgt für Social Distancing in diesem Game, Chat. Der Simple mit dem Will Smith 2 schaut, dass da nichts Schlimmes passiert.
Alles verdächtig, sogar ohne, dass ich das Game kenne. Abstand. Social Distancing. Vergiss es, Junge. Aber Max, also ohne dass ich jetzt gross das in die Richtung steuere, es ist schon so ein bisschen, you know, schwierig. Aber so wie es vorhin gesagt worden ist, so wie es der Sir Simple gesagt hat, die Waffen einer Frau, Chat. Ihr dürft eigentlich mehr entscheiden, ich brauche euch, Chat. 1, ich verstehe es. 2, du hast Scheiße gebaut. 1 oder 2, Chat. Ich brauche euren Input. 1 oder 2. 2, 1, 2, 2. Okay, 2. Du hast Scheiße gebaut. Ich glaube, du hast Mist gebaut. Kann sein. Ich habe ein Gehalt gegen meine Moral abgewogen und beschlossen, dass ich Geld möchte. Wie ihr seid. Wir können nicht alle von hübschen Fotografien leben. Sorry, hab die Stimmung ruiniert. Ich muss mehr trinken. Okay. Du hast dich also schon häuslich eingerichtet. Das war Win. Der Kommentar, ja, true. Also, vögelt ihr? I'm sorry, what? Nein. Ja, klar. Wir haben Ja, ciao. geredet. Und dann ist Safi passiert. Und Amanda dachte, ich pack nicht beides gleichzeitig. Das ist irgendwie blöd. Sie hat wahrscheinlich recht. Sie ist süß, aber zu starre Prinzipien für mich. Neben ihrem völligen Desinteresse an meinem Geschlecht. Hey, Prinzipien können heiß sein. Aha. Im Ernst, soll ich dir ein Essay schreiben? Leidenschaft ist super sexy. Nein, du hast recht. Leidenschaft ist sexy. Wie bei deinem Kumpel. Der große Typ mit den Teleskopen. Moses? Ich hab gefragt, wie es ihm geht. Und er sagte was vom Doppelspaltexperiment. Merkwürdig heiß. Oh mein Gott. Oh, da komme ich gerade ins Schwitzen, Chat. Und das wäre extrem freundlich. Moses, Vögel oder nicht? Dirt. Dirt D Gaming. Oha, und der Chris, der ist auch dabei. Hey, Dirt D, danke dir für den Raid. Und willkommen, liebe Raiders. Ich wechsle kurz die Szene, ne? Mache hier kurz ein bisschen Musik rein. Bisschen weihnachtliche Musik. Doppelspalt-Raid. Hey, liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit Interaktivität, Spielereien, Effekten, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Wir sind gerade im Spiel Life is Strange Double Exposure drin. Aber bevor es jetzt weitergeht, machen wir noch ein Foto mit Dirt D Gaming. Und Dirt D Gaming, wie war dein Stream? Was hast du gestreamt? Und schön, dass du deine Leute mir anvertraust. Und wir machen jetzt zuerst ein Foto. Das heißt, alle, die das jetzt hören, liebe Raiders, alle, die im Chat waren, Dirt D, du bist natürlich schon drauf, du musst nicht, aber alle einmal Ausrufezeichen Foto in den Chat eingeben, dann kommt ihr nämlich mit eurem Profilbild hier aufs Foto, zusammen mit Dirt D Gaming und mir. Dirt D, du kannst dir noch, by the way, wenn du einen anderen Namen hast, den ich verwenden soll bei dir, kannst du mir das gerne sagen, ne? Wenn ich die sagen soll. Nee, aber Dirt D Gaming, du kannst dir was auswählen auf der linken Seite, kannst einen Command auswählen zum Aussuchen, was neben dir aufs Bild kommen soll. Aktuell ist da das Horn, du kannst es aber auch ersetzen durch was anderes.
Oha, Elden Ring gab's bei dir. Es ist das erste Mal, wo du Elden Ring zockst. Also ich habe es noch nicht gezockt. Wäre interessant, ist aber nicht so mein Genre tatsächlich. Aber ich gucke da gerne zu bei so Games. Ich wäre da komplett lost, ne, bei Elden Ring. Ist dein First Run und wie gefällt's dir? Und wie kommst du voran? Holy shit, das muss ja schon sehr heftig sein, der Schwierigkeitsgrad. Zumindest für mich wäre es heftig. Und ich begrüße noch kurz alle, die geschrieben haben. Chris macht Laune. Natürlich Dirty Gaming und Tiamat Spawn. Schön, dass ihr hier seid. Wie geht's euch denn? Leute, haut hier rein bei dem Boy. Troy ist geil. Nice. Ach Chris. Darfst Harry sagen, dann notiere ich mir das so, Harry. Aber Harry, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest. You're a wizard, Harry. Und Harry, danke dir für den Follow. Sehr lieb und willkommen nochmals hier bei mir. So, Chat, seid ihr alle drauf? Es hat noch viel Platz, ne? Ich weiß, viele sind halt schon am Schlafen jetzt um diese Uhrzeit. Aber alle, die das jetzt noch hören, kurz ans Smartphone, an den PC, an die Tastatur und da kurz Ausrufezeichen Foto in den Chat schreiben. Das wäre natürlich sehr geil. Gut geht's. Bisschen müde, aber liegt an der Uhrzeit und an 3 Tagen kaum Schlaf. Oh, Chris. 3 Tage kaum Schlaf. Ja, was hast du denn gemacht? Gleich sympathischer Typ. Hey, danke für die netten Worte, Harry. Jetzt gucke ich aber mal kurz bei dir, ne? Wie das bei dir so aussieht. Das nimmt mich jetzt Wunder. Showclip. Wir gucken zusammen einen Clip-Chat. Oha. Um was geht's denn? Raid Shadow Legends, Chat. Raid Shadow Legends. Aber hey, Harry, ich sag dir jetzt, nein, ich sag dir nicht Harry, ich sag dir Harry. Und auch direkt sympathisch, ne, muss man schon sagen. Direkt sympathisch. Kann ich nur zurückgeben. Geiler Dialekt feiere ich hart. Also der Dialekt, also wenn ich Schweizerdeutsch rede, dann tönt es so. So tönt Schweizerdeutsch und mir versteht wahrscheinlich dann nicht mehr alles, wenn ich so rede. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, darum passe ich mich auch ein wenig an und rede Hochdeutsch nach Raids, wenn ich weiß, die Raids kommen nicht aus der Schweiz. Ne? Kenne ich bestimmt PC-Problem. Da hatten wir die Idee, die Freundin vom Kumpel zu Ach so, die Freundin vom Kumpel verlosen. Ja, okay. Ja, das ist mal ein Preis, ne? Das ist mal ein Preis. Hey, wo ist mein Candlelight-Dinner? Mit mir? Chris, du weißt, mit mir musst du das Ganze langsam angehen, ne? Nichts überstürzen. Candlelight-Dinner gibt's erst beim 3. Date. Aber Raid habe ich auch eine Zeit lang gespielt, okay. Ja, da kenne ich mich halt gar nicht aus. Da kenn ich mich wirklich gar nicht aus. Nee, dann versteht man nichts. Ich finde das interessant, natürlich. Man hört es logischerweise raus, wenn ich jetzt so rede. Aber wenn dann Leute denken, das ist der Schweizer Dialekt. Ja, es ist der Schweizer Dialekt, aber es ist nicht das Schweizerdeutsch. Das ist dann nochmal was anderes. Aargauer Deutsch, ja, true. Also was ihr hört bei mir ist Aargauer Schweizerdeutsch. Weil Aargau, ne, Kanton Aargau, und jeder Kanton hat wieder so quasi einen eigenen Dialekt in der Schweiz. Das mit dem Hochdeutsch machst du aber gut. Oh, Schnecke, danke dir für die netten Worte. Ich gebe mir Mühe, ne? Ich gebe mir Mühe und es gibt hier auch, ich habe das ja auch schon gemacht, ne? Kennt ihr vielleicht auch?
wenn so ein Schweizer so redet. Das hört man ab und zu auch, wenn ein Schweizer Hochdeutsch redet und der redet dann so. Und das ist einfach hässlich. Das kann man sich ja kaum geben, ne? Das tut ja in den Ohren weh. Aber es gibt viele, die reden halt so, ne? Die können auch nicht anders. Ich habe damals schon 2 Jahre gestreamt, dann 2 Jahre Pause wegen Kids und Family und Sport. Und nun wieder mehr Zeit und so Bock auf Streamen. Hey, aber ne, wenn man die Zeit hat und die Lust, dann soll man das auch machen. Und manchmal geht's auch nicht, ne? Manchmal gibt's andere Prioritäten. Und dann muss man vielleicht auch mal eine Pause machen. Das gehört dazu. Beim 3. Raid, okay, nicht State, sondern Raid. Ich bewege mich mal in Richtung Waagerechte. Das Runde muss ins Eckige. Hey, Last Man on Earth, ich danke dir, dass du dabei warst. Und ich danke dir für den Support, für die Gifted Subs, holy shit. Und schlaf ganz gut, träum süß, Last Man. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Aargauer Deutsch ist doch das Bestverständliche. Ich kann ihn wie nicht beurteilen, aber ja, habe ich schon manchmal gehört. Hey, Le Jacques, grüezi. Le Jacques, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Danke dir, Last Man, danke dir. Und gute Nacht, Last Man on Earth. Möge die Macht mit dir sein, während du in das Reich der Träume gleitest. Lass dich von Yoda auf deiner Reise begleiten und vergiss nicht, auch auf die Weisheiten einer Eichel namens Franziskus zu hören. Träum süß, sei bye bye, Last Man on Earth, bye. Beim Raid musste dich auch nicht auskennen, da musst du nur Bock auf Bezahlen haben. Deswegen habe ich auch aufgehört. Das habe ich eben auch schon gehört. Aber ich wollte das jetzt nicht sagen, weil ich weiß es ja schlussendlich nicht, wie es ist. Aber finde ich interessant, dass du das sagst. Ich glaube, da ist wirklich so viel so, ich weiß nicht, ob es Pay to Win ist, aber es ist sehr viel, man muss jetzt Geld ausgeben. So die Microtransactions quasi. Jetzt schrei doch nicht so am Morgen am Gottverdammt einmal am 4 Uhr. Le Jacques. Herrgott, Donner noch einmal, da wird man ja gerade wieder wach. Franziskus, warum so aufgeregt? Erinnerst du dich, wie du Max Bohnen vermisst? Oh mein Gott. Mein Bot ist betrunken, sorry. Blood Ghost Blade. Oh mein Gott, da kommt schon der nächste Raid. Chat, what is happening? What is happening? Ui, 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 ui. Ghostblade, danke dir für den Raid und liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Und bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit Interaktivität, Spielereien, Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Aktuell mit Life is Strange Double Exposure und Pascal grüezi, Ghostblade grüezi. Kommt doch noch kurz auf dieses Foto hier. Wir machen nachher mit euch auch noch ein Foto, aber wir haben noch einen Raid von dem lieben Harry reinbekommen. Und kommt doch hier noch kurz aufs Foto. Dann machen wir das noch kurz. Und dann würde ich sagen, machen wir das nächste Foto. Und dann gehen wir schlafen. Nee, eigentlich müssten wir noch den Bossfight machen, Chat. Wir müssen noch den Bossfight machen. Pascal, Mann. So, zuerst mal machen wir das Foto, dann bedanke ich mich für den Support. Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden. Let's go. Harry, hier unser Foto. Dieses Foto ist ab jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann auch noch eine Insta-Story. Wenn ich dich finde, dann markiere ich dich dort. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Link im Chat. Und
Blood Ghostblade. Wir machen jetzt auch noch ein Foto. Und ihr könnt jetzt auch alle nochmals drauf joinen mit Ausrufezeichen Foto. Machen wir hier noch ein Foto mit Blood Ghostblade. Blood Ghostblade, du kannst dir noch was auswählen auf der linken Seite, was neben dir aufs Foto kommen soll. So, by the way, Follow für Insta und YouTube ist raus. Hey Harry, danke dir für den Support. Let's go. Und Pascal, merci vielmals für deinen Support. Danke vielmals für den Resub im 7. Monat, Pascal. Und wie geht's dir, Pascal? Wie geht's dir, mein Guter? Puh, jetzt muss ich mal schnell schauen, wo ich im Chat bin. Sorry, wenn ich irgendwas überlesen habe, Chat, ne? Naja, man paid halt zum Zeitsparen. Ja, das ist so typisch, ne? Das ist auch sehr verlockend dann. Da es ein reines Grind-Game ist, irgendwann geht's nicht mehr ohne Pay. Und das ist halt schlecht. Dann ist es halt wirklich so Pay to Play. So quasi, ne? Ja, auch Pay to Win. Und das ist, ja, ich habe da vieles in die Richtung gehört, ne? Ich gehe nicht schlafen, erst kochen. Ja, Michi, dann mach das. Tu, was du nicht lassen kannst. Okay, alles klar. Dirt D Gaming bei Instagram, dann finde ich dich ganz sicher. Dann kann ich dich da markieren. Lance, Mann, Lance, auch hier. Wie geht's dir, Lance? Kommt in den Chat gehetzt. Let's go. Wir haben hier keinen Stress. Eine lange Woche, aber sonst den Umständen entsprechend gut. Wie geht's dir? Hey, ich habe mich nicht beklagen. Langsam müde. Langsam ein bisschen müde und Hunger habe ich auch. Aber der Michi kommt eben erst um 5 Uhr am Morgen vorbei, muss eine ganze Stunde durchhalten. Und dann gibt es ein bisschen Reis. Freue mich drauf, Michi. Ja, mir ist schwindelig. Stimmt. Ja, stimmt. Chat, letzte Chance, Ausrufezeichen, Foto, wer noch nicht drauf ist, jetzt drauf joinen. Und Chat, ich gehe jetzt hier gucken. Ne? Wir machen noch einen Bossfight. Und wir machen das so, wir machen den Bossfight direkt anschließend und dann mache ich aber auch die Raids zu. Ne, um diese Zeit ist es langsam so weit, dass ich die Raids zumachen muss. Aber den Bossfight, den machen wir noch, Chat. And the children. Und den Text, den kann ich nicht. So, ich verabschiede mich nun aber ins Bett, wünsche euch noch einen geilen Stream und später eine gute Nacht, Chris. Hey, schlaf ganz gut, schön bist du mitgeradet und schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye bye, tschüss. Ich mache kurz das Foto und dann lese ich nochmals Chat. So. Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. Merci vielmals. Danke. Hier unser wirklich geiles Foto, wo ich auch drauf bin, Chat. Natürlich während ich tada, rasiert wurde. Perfekt. Dieses Foto habe ich jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann auch eine Story, wo ich dich markiere, Ghostblade. Ich glaube, das ist nicht das erste Mal. Ich habe dich schon mal markiert. Rasiert. Das klingt wie ein Haarschneider. Ja, Rasiert. Hatten wir noch nie. Nee, Arti, das hatten wir so noch nicht. Also das Timing war echt nice, ne? War echt nice. Aber ist alles gut, ne? Also keine Panik, lieber Chat. Don't panic. This is fine. Nice GG-Chat. Ja, hey Raiders, Chat,
Machen wir das so. Seid ihr dabei? Ich muss noch kurz fragen. Ghostblade und Harry, seid ihr ready für einen Bossfight? Ich erkläre auch kurz, wie das funktioniert. Aber für mich wäre wichtig, dass ihr ready seid und wenn ihr noch ein paar Minuten braucht, ne, dann sagt mir Bescheid. Aber ich denke mal, die Idee ist jetzt, dass wir es direkt machen und nicht irgendwie reinqueuen für in 20 Minuten oder so. Weil dann kann ich nachher den Rage-Stop auch reinmachen. Oh, hat das nicht funktioniert, Harry, mit dem Discord? Wieso hat das nicht funktioniert? Jetzt muss ich direkt kurz gucken. Chat, wieso hat das nicht funktioniert? DC. Das ist sehr komisch, dass das nicht funktioniert hat. Aber danke, Highway Racer. Let's go. Wird sicher wieder eine schnelle Nummer, sagen sie. Hey. Also, Chat? Was ist das für, wieso hier so schöne Musik vor dem Bossfight? Ihr müsst jetzt so die traurige Musik, die düstere, traurige Musik für euch kommen, weil ihr verlieren werdet, Chat? Okay. Hab das gerade angenommen, muss aber kurz auf Waschbecken. So, mein Bester, nächstes Mal komme ich etwas früher rein. Ich muss aber ins Bett, auch wenn ich noch Bock habe, mit dir zu talken. Ich wünsche dir und dem Chat noch einen mega geilen Stream. Ich gehe nun ins Bett. Hey, Harry, das ist kein Problem. Ich wünsche mir nur, dass du einmal noch mitvotest beim Bossfight. Wir gehen direkt rein, ne? Und dann kannst du gehen, wenn du dann möchtest. Aber hey, Harry, ich danke dir nochmals für den Raid. Das ist mega lieb und ich wünsche dir dann eine gute Nacht, schlaf ganz gut, schönen Sonntag noch und ich gucke dann bei dir auch mal rein. Also das hat sehr, sehr sympathisch ausgesehen. Ich lasse auch direkt kurz einen Follow da. Let's go. So, Chat, ich erkläre ganz kurz, wie das funktioniert mit dem Bossfight. Ne? Ganz kurze Erklärung und dann geht's rein. Wenn der Bossfight startet, werdet ihr 3 Aktionen pro Runde haben, dann bin ich an der Reihe. Und so weiter. Ihr votet für jede Aktion mit diesen Chatbefehlen. By the way, die Dungeon Leaders, das wären Jufki, Harry und Blood Ghostblade. Ihr habt 3-fach Votes. Ihr könnt also am meisten Einfluss nehmen aufs Kampfgeschehen. Ihr votet mit diesen Commands jeweils für die Aktion. Ihr habt 3 Angriffe, unterschiedliche Damage-Zahlen, unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeedrink hielt ihr euch 3. Mit Kaffeedrink hielt ihr euch, hat allerdings eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein, starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier, sofern er für mich kämpft, Liebe. Das verringert die Chance, dass er seine stärkste Attacke gegen euch ausführt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mehr zum Zug kommt, lieber Chat, weil ihr habt diese Karte bekommen im letzten Bossfight. Sorry, ich glaube, der Monitor ist jetzt kaputt. Ihr habt diese Karte bekommen, lieber Chat. Wenn ihr möchtet, dass Franziskus für euch kämpft und nicht für mich, dann löst diese Karte ein, indem ihr mit Ausrufezeichen Karte 1 votet. Oder ihr sagt, nee, die Karte brauchen wir nicht, dann macht die Ausrufezeichen keine Karte, einfach in den Chat reinschreiben. Hier auch schon die Dreifach-Votes der Dungeon Leader, die zählen. Verschüttungswahrscheinlichkeit, tolles Wort für Galgenmännchenspiel. Oh, Lance, ich wollte noch was lesen von dir, ne? Jetzt wo du es sagst. Troy, darf ich ehrlich sein, mir geht es exorbitant fantastisch. Alle Geschenke sind rechtzeitig angekommen. Ich bin durch mit Weihnachten und im Moment habe ich 7 Tage frei, ganz ohne Urlaub, weil der Chef im Moment geile Dienstpläne schreibt. Alles einfach geil. Das ist sehr nice. Lance, das freut mich riesig für dich. Das ist echt nice. Und jetzt ein bisschen entspannen, das ist natürlich geil.
Chat, wollt ihr wirklich die Karte nicht? Ich löse auf in 10 Sekunden. Und wenn da dann die 6 Votes auf keine Karte sind, dann habt ihr den Franziskus nicht auf eurer Seite. Michi, das ist der Franziskus. Von Chat benannt. Egal mit oder ohne. Gegen den Chat kommst du nicht an mit deinem Spielzeughammer. 6 versus 8. Ihr habt entschieden, Chat, es gibt keine Karte. Franziskus kämpft für mich. Und das, lieber Chat, das ist euer Untergang. Schufki, Harry und Ghostblade. Ihr wollt mich besiegen? Chat votet für eure erste Aktion. Einfach Chat-Befehl reinschreiben oder der erste Buchstabe, der geht auch. So wie es die meisten jetzt gerade im Chat machen, das geht auch. Wir haben 10 Votes auf der Mystery Chest. Und Lance, Level 1, öffnet die erste Mystery Chest. Harry, kurz. Okay, wow. Harry, kurz als Information, wenn der Bot immer sagt, du bist zu spät oder warte, bis die Abstimmung läuft, achte dich eher auf den Chat. Wenn der Bot schreibt, ihr seid an der Reihe, dann machst du deinen Befehl rein, weil es kann sein, dass das Video ein bisschen Delay hat. Vor allem auf Mobile-Geräten. Ne? Einfach, dass du das noch mit einberechnest. Aber hier hat es geklappt. Das P hat geklappt. Aber es gibt die Mystery Chest von Tiger. Oh, come on. Oh, what is happening, Chat? Da Fishbone raidet mit 6 Loot. Oh mein Gott. Der Fishbone Raid. Holy shit, ich bin überfordert. Fishbone, ich habe dich jetzt direkt noch als Dungeon Leader hinzugefügt und hallo liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz, ihr seid direkt im Bosskampf gelandet, wo aber Fishbone jetzt auch Dungeon Leader ist. Ist der letzte Bosskampf für heute, danach mache ich die Raids zu, aber ihr habt es noch geschafft, liebe Raiders. Was habe ich jetzt gesagt? Ich bin der Troy aus der Schweiz, bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, viel Just Chatting und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und aktuell wären wir im Spiel Life is Strange Double Exposure, aber jetzt sind wir in dem Bossfight, den ich selbst gebaut habe. Und CycleMatt, danke dir für den Follow. Und Fishbone, wie war dein Stream? Ich mache hier nur kurz die Raid-Animation rein. Hier die Raid-Animation von Fishbone. Let's go. Und nochmals hallo liebe Raiders. The Fishbone. So, ich mach das wieder rein. Wir sind wieder im Bossfight drin. Am 3. Tag. Oh, jetzt kam halt die Star Wars Animation, aber es kann auch die Gandalf Animation kommen. Ne? Ich guck noch kurz. Habe ich alle begrüßt. CycleMatt, danke für den Follow. Arti grüßt sie auf YouTube. Und bei dir gab's. Ich sehe es. Hast du Genshin Impact gespielt? Genshin Impact, Fishbone, wie war's denn? Wie ist es gelaufen? Bist du vorangekommen? Sternenkrieg. Chat, ich bin jetzt an der Reihe, ne? Ich bin an der Reihe und ich würde sagen, ne, weil jetzt Fishbone reingekommen ist, muss ich mal ein bisschen Druck aufbauen, ne? Der Druck, den braucht's jetzt, Franziskus. Sie haben deine Karte nicht gewählt. Und jetzt gibt's 400 Eicheln.
Ja? Und Arti hat es jetzt gejinxt. Mit dieser Nachricht hat es Arti gejinxt. Einfach, dass es gesagt ist. Wenn ihr verliert, dann wisst ihr wieso, Chat. Ja, ich gucke noch kurz Chat an. Ihr könnt voten, lieber Chat. Oh, Genshin, Frage Fishbone, lohnt es sich damit jetzt noch anzufangen oder ist der Zug abgefahren? Gute Frage. Pascal? Mit einem Heal. Ja, Pascal hielt Chat auf 500 HP hoch. Chat, eure zweite Aktion, 13 Votes auf Mystery Chest. Oha, da sind noch 3 Votes reingekommen für Angriff, 19 Votes für Mystery Chest, Chat. Let's fucking go. Oh, was habt ihr da wieder drin, Tiger? Was hast du da drin? Die ist leer. Die ist leer. Und Ray, der Ray, grüezi. Wie geht's dir, Ray? Du warst jetzt ein bisschen zu spät mit dem Abstimmen, aber du kannst jetzt wieder abstimmen. Und denke auch daran, es kann sein, dass das Video ein bisschen Delay hat, dann eher auf den Chatbot achten, wenn der schreibt, ihr seid an der Reihe, dann rein mit den Befehlen. Aber Ray, wie geht's dir, mein Guter? 12 Votes auf dem Kaffeetrink, da kommt der Heal, der muss sein, Chat, der muss sein. Wichtig, weil ihr habt nicht sonderlich viel Leben. Fishbone, Dungeon Leader, Level 3, hielt mit 200 HP hoch. Let's go. Bin ich schon wieder an der Reihe, Chat? Ich bin wieder an der Reihe. Ich kann das auch, Chat. Ich kann das auch. Eure Votes, Chat, es braucht eure Votes. 5 Votes auf Mystery Chest. 11 Votes auf Mystery Chest. Denkt daran, ihr könnt euch auch selbst Schaden zufügen. Sie kann auch leer sein. Es kann auch Heal drin sein. Aber was jetzt hier drin ist, das sehen wir gleich. Weil Fishbone zieht die leere... Okay. Der Heal... 500 Heal, das war nicht schlecht. War jetzt ein bisschen Overheal, ne? Dungeon Troy kann heilen. Ja, das mache ich ganz selten, Lance. Das mache ich ganz selten. Aber ja, das kann ich tatsächlich. Chat, schon heute, aber Mystery Chest only. Wird euch das noch zum Verhängnis, Chat? Wir finden's raus. Harry, let's go. Und ich hab's mir schon gedacht. Harry ist halt immer noch hier. Harry ist noch nicht schlafen gegangen. Ja, hat's dich ein wenig gecatcht, Harry? Nee, okay, das war jetzt gar nichts, ne? Das war jetzt gar nichts. Nochmals ein Kaffeedrink, das war... Ja, bringt halt nichts, ne? 7 Votes auf der Mystery Chest, 10 Votes auf der Mystery Chest. Und jetzt nochmals ein Kaffeedrink, Fishbone. Was meinst du? Das wäre doch jetzt geil. Nochmals ein Kaffeedrink. Okay, never mind. Never mind. Fishbone, ich bin nicht sass. Ich bin nicht sass, Fishbone. Du bist sass. Ihr seid sass, Chat. Oh, come on, okay. Nice one. Nice one. Guter Schaden, guter Schaden. Chat, wir sind bei Runde 3 und ich bin an der Reihe. Ich muss wieder mal Druck aufbauen, ne? Was ist mit der Liebe für Franziskus? Ich mach mal meine Chest of Hammers. Das ist meine Mystery Chest. Da kann alles Mögliche drin sein. Im besten Fall für mich der Mjölnir. Okay, es ist aber der Hammer of Healing. Das ist auch nice. Das ist auch nice. Ich heile mich um 289 HP. Ich mache noch ein bisschen Schaden. Ich setze euch noch ein wenig unter Druck, Chat. Ihr seid an der Reihe. Votet für eure erste Aktion in Runde 4.
Reines Heal-Battle. Ja, Jamon, true, das kann euch aber auch zum Verhängnis werden, ne? Weil, ich erwähne es jetzt kurz, wir sind in Runde 4. Sobald wir in Runde 6 sind, bekomme ich meinen ersten Damage-Boost. Dann mache ich 10% mehr Damage. Und dann alle 3 Runden mache ich 10% mehr. Fuck! Fischbone, ich will doch nicht. Demokratie verbreiten. Mhm. Eure zweite Aktion, Runde 4. Ne? Ich sag's nochmals, Runde 6 mache ich mehr Damage, danach Runde 9, Runde 12 und so weiter. Alle 3 Runden. Und ich sage das, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel nur healt, kommt das nicht gut, weil dann mache ich irgendwann Attacken, die mehr Damage machen, als ihr Max HP habt, Chat. Und Jamon. Schwierig. Wir haben was zusammengeschaut, eine gute Serie, schlechte Staffel. Wir haben beide Schaden genommen, Chat. Jetzt muss aber der Kaffeetrink noch rein. Chat, der Kaffeetrink. Was macht ihr denn, Chat? Ihr müsst doch healen. Ihr müsst... Oh mein Gott, jetzt habe ich schon gedacht, was passiert jetzt, hey? Michi hat die der Michi ist auch 3 Runden hinten nachher. So, shit, what is happening? Ja, es war schön, Chat. Es war schön. Ich lasse den Zufall entscheiden. Hey, Harry, ich danke nochmals für den Raid. Danke dir für den Lurk und schlaf gut. Der Zufall entscheidet jetzt über euer Schicksal. No. Nein. Come on. Ich hätte es halt machen müssen, Chat. Das war die falsche Entscheidung, Franziskus. Es hätte so viele Optionen gegeben, Franziskus. Aber der Kriegshammer war nicht die richtige Entscheidung. Jetzt healen Sie, Chat. Jetzt healen Sie, Franziskus. Das ist unser Untergang. Schufki mit dem Kaffeedrink. Heilt um 200 HP. Aber ich kann vielleicht nochmals unter Druck setzen, Chat. Vielleicht bringe ich das hin. Puh, 10 Votes auf dem Kaffeetrink. Die zweite Heilung, Chat. Wie viele Heilungen braucht's denn, Chat? Braucht's 3. M&A. Wir sind bei 513 HP. Aktuell mehr HP, als dass ich Max Damage machen kann. Für die letzte Runde. Danach mache ich mehr Damage. Jetzt ist die Frau... Oh shit, shit. Oh, come on. Ich will nicht, Chat. Ich will nicht die Mystery Chest. Michi, ich will nicht... Michi? Ganz gut überlegen, was du jetzt machst. Watch out! Oh shit! Oh, das könnte spannend werden, Chat. Die Spannung steigt, weil ihr habt jetzt ein Shield of Reflection. Hat eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass es Schaden auf mich reflektiert. Solltet ihr aber heilen wollen und ihr habt das Schild immer noch, kann auch die Heilung auf mich reflektieren. Ne? Und ich würde jetzt mal sagen, shit.
Nicht so schnell, Chat. Ich nutze jetzt genau das. Ich habe 10% Schadensboost bekommen. Ich mache 10% mehr Schaden. Ihr habt ein Shield of Reflection. Es ist noch nicht vorbei, Chat. Spannend. Mystery Chest. Mystery Chest. 13 Votes. Lance. Mit der Mystery Chest. Oh. Okay, das ist nicht schlecht, ne? Das ist nicht schlecht, Lance. Ich mag das nicht, ne? Ich mag nicht, wenn man mich schrumpft. Fühlt sich immer so komisch an. Schmerzen beim Wachsen, Chat. Oh, come on. Zweite Aktion, Runde 6, Chat. Ihr habt immer noch das Shield of Reflection. Ihr habt 513 HP. Ich kann jetzt neu mit meinem 10%igen Damage Boost bis zu 550 Damage machen. Vielleicht wäre ein Heal-Versuch nicht schlecht, ne? Aber Tiger entscheidet sich für die Mystery Chest. Und da drin ist nichts. Nichts, Chat. Oh mein Gott, ich überlebe die Runde, ne? Ich überlebe die. Oh, Chat. Was macht ihr jetzt? Was macht ihr jetzt, Chat? Mist, oh, come on. Das Geilste wäre, ne? Das Geilste wäre jetzt, wenn in der Mystery Chest ein Kaffeetrink XXL drin ist, Schufki. Und der reflektiert. Ah, das ist schon. Okay, never mind. Ihr habt ja geschossen, ne? Ihr habt euch für die Pistole entschieden, aber der Schufki hat leider keinen Aim. Der arme Schufki hat leider keinen Aim. Oh, Chat. Oh, Chat. Ihr wollt, dass ich mich selbst kille, ne? Das ist euer Plan, ne? Scheiße. Okay, Chest of Hammers, let's fucking go. Please. Wenn jetzt der Mjölnir kommt, muss der durchs Schild durch. Sonst bin ich weg, ne? Ich kill mich jetzt entweder selbst oder Techie, mach genug Schaden auf euch. Oh mein Gott. Techie, let's fucking go! Shit. Oh mein Gott, das war jetzt aber geil. Das war jetzt aber geil und das war jetzt spannend. Warlock, holy shit, Mod Power. Indeed. Indeed. Das, ey, krass. Ey, aber die Chancen, ne, für das waren sehr, sehr, sehr gering. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Mjölnirs eher selten. Genügend Schaden. Schwierig. 60%ige Reflexionswahrscheinlichkeit. Ja, was ist hier Sass? Techie ist so, wenn schon ist der Techie Sass, Chat. Sind wir ehrlich, ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht.
Lilu Dallas Multipass. 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 Chat, wo bin ich jetzt da wieder? Jonathan? Nein. Hä? What is happening, Chat? What is happening? Ich bin hier hinter dem Bücherregal zusammen mit Matthew McConaughey. Chat, ihr seid ein bisschen früh mit dem Let Me Do It For You. Ihr seid ein bisschen früh, Chat. Frühstücksprogramm. Hey Jamon, gute Nacht. Jamon, schlaf schön und lass dich von den Sternen auf eine Abenteuerreise mit Luna Lovegood und Will Smith entführen. Träume süß und bis bald. Hey, Jamon, nochmal ganz eine gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen und schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammer, and he does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos. Obi-Wan? Wieso? Ich brenne, Obi-Wan. Ich brenne. Ich brenne, Obi-Wan. Was ist passiert? Ich habe doch gewonnen. Ich habe doch gewonnen im Bossfight. Chat hat einfach den falschen Befehl ausgeführt. Chat weiß eigentlich, was sie für einen Befehl bringen müssen, wenn ich gewinne. Mit dem Obi-Wan. Sonst mache ich es schnell, Chat. Machen wir schnell den da. I felt a great disturbance in the Force, as if millions of voices suddenly cried out in terror and were suddenly silenced. I fear something terrible has happened. Ja, der Techie hat den Mjölnir-Tank genommen, Obi-Wan, und hat Chat vernichtet. So ist es gewesen. Obi-Wan. Troy ist ein Freund vom Baumarkt geworden, der Obi-Wan. Ja, der Obi-Wan ist ausgebrochen, Chat. So, Chat, wo sind wir? Ja, alle, die gerne schlafen, alle, die schlafen gehen. Ich wünsche euch natürlich eine ganz gute Nacht. Und für alle anderen gehen wir jetzt nochmal schnell ins Life is Strange rein. Super heiße Grüße aus dem Aargau. Aus dem Aargau. Der Hund ist Nightmare Fuel. Wait a second. Welcher Hund jetzt genau? Jetzt bin ich verwirrt. Der This is Fine Hund. Hund ist echt geblockt worden von meinem Automat, oder? Das ist ja geil. 69. Oh mein Gott, habe ich mich überhaupt bedankt für 100 Bits, Pascal. Danke nochmal, falls ich mich nicht bedankt habe, für 100 Bits. Plus nochmal 69 Bits, danke vielmals. Der Underdogs steht jetzt auf. Underdogs, guten Morgen. Ja. Rise and shine. Wie geht's dir denn? Nicht schlafen, aber kochen. Also Michael, kannst du bitte nochmal wiederholen? Gehst du jetzt nicht schlafen? Du hast doch vorhin gesagt, du gehst um 4:30 schlafen. Oder habe ich das falsch verstanden? Oder let me do it for you. Ja, der Hund, stimmt. Der Hund ist Nightmare Fuel. Ich finde den mega cute. Mein Kollege verzweifelt gerade im DC bei mir, was er hier alles am Sehen ist. Bei mir im Stream. Ja, es ist verrückt. Ich weiß es. Es ist verrückt. Ich gehe jetzt kochen. Du gehst jetzt kochen? Ach, Michi, verarsch dich doch noch. So, Chat.
Cycleman, wir müssen sprechen. Okay, ich mach die Musik aus. Wie hättest du es denn gerne? So, ganz normal? Oder eher so ASMR? ASMR-Talk. Ich bin der aus dem DC. Hallo, lieber Cycleman aus dem DC. Chat, ich bin durch, ne? Merkt man's. Bis dann, es war geil. Hey, Michi, einen guten Kochgut, viel Erfolg und schönen Sonntag noch. Wann liest sich Michi? Tschüss, bye bye. So, Chat, wir probieren jetzt das nochmal mit. Der Ray, merci vielmals danke vielmals für den Follow. Oh, Fippo, habe ich dich endlich überhaupt mal begrüßt, Fippo. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich dich anständig begrüßt habe. Du hast noch geschrieben, so bis jetzt 24 Stunden wach. Ah nein, begrüßt habe ich dich, glaube ich. Vor langer Zeit. Seit 24 Stunden wach, aber jetzt ist 4 Abend oh, mit den Augen Tschüssi zusammen. Oh, schönen 3. Advent. Hey, das wünsche ich dir auch, Fippo. Genieße es und schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Bye bye, Fippo. Tschüss. PS schlaft, ja. Die PS5, die ist halt schon wieder am Schlafen. Das erste, wenn ich online komme, er brennt. Das ist immer das Gleiche. Underdogs, die plagen mich da. Ich komme da jeden Samstag live und der Chat plagt mich einfach nur. Sie zünden mich an, sie klauen mir meine goldigen Flügel, dann klauen sie mir die Sammelkarten. Ich werde hier nur plagen, Chat. Hey, Ghostblade, ich danke dir nochmals für den Raid und gute Nacht, lieber Blood Ghostblade. Möge Luna Lovegood dich heute Nacht mit ihren Traumgeschichten verzaubern und Eichel Franziskus dich sicher in den Schlaf begleiten. Träum süß. Hey Ghostblade, mach's gut. Noch einen schönen Sonntag dir. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Ja, die PS5 ist immer am Schlafen, Chat. So. Was ist jetzt da? Ich will da nicht Zeug kaufen. Nein, ich will doch auch zurück ins Spiel. Hä? Was habe ich jetzt verpasst? Hey, Nein, Chat, da ist mir einmal ein Bossfight drin. Da ist mir einmal ein fucking Bossfight in. Und dann steht da Vögeln. Oh, come on, please, no. Nein, Chat. Oh, come on, 1 oder 2, please, Chat, aber seid vernünftig. Schaut euch mal den Dude an. Nein, also das ist ja Creep. Das ist ein absoluter Obercreep, hey. Nicht 1. Oh, come on. Nein. Oh, nein, Chat. Okay, ist ja gut. Ich geb's zu. Oh nein. Mein Freund Moses ist ein... Sorry. Jetzt weiss ich wieder, um was es geht. Es geht nicht darum, was wir mit ihm vögeln. Die Frage war, ob wir mit der Amanda vögeln. Alles gut. Attraktiver Mann. Darauf trinke ich. Oh, holy shit. Ich bin gerade ins Schwitzen gekommen. Jetzt hast du gedacht, jetzt vögeln sie an Ort und Stelle. Eins spricht für Kaladin. Der große Anteil fickbarer Fakultätsmitglieder. Dr. Hunter zum Beispiel. Fickbare Fakultätsmitglieder. Chat, ihr entscheidet. Das ist euch Spiel. 1 oder 2, Chat. Aber ich weiss jetzt gar nicht von wem. Ich hoffe, ihr habt auch nicht gelassen. Ich weiss nicht, welcher Name noch genannt worden ist. 2, 1, 1, 1, okay. Sagen wir einfach, ich war
ein klein wenig enttäuscht, als ich erfuhr, dass sie eine Frau hat. Wer weiß. Vielleicht ist ihre Frau dabei. Professor Colmenero. Nein, er ist scheiße. Der Lucas. Du bist scheiße. Hey, ich versuche nur Leute zu nennen, die wir beide kennen. Wenn wir jetzt noch entscheiden. Vögeln oder nicht? Chat Lucas, das ist, den haben wir ja vorher nicht gesehen. Chat 1 oder 2. Ich vertraue jetzt darauf, dass ihr das im Griff habt. Dass wir da noch einen guten Abspann bekommen und nicht irgendwie einen Seich. Chat. Ich glaube, da sind wir ganz klar auf Seite 2. 2, 2, 2, ganz klar. Fienchen! Fienchen! Und weil jetzt Fienchen, weil jetzt Fienchen zum Englisch 2 gedrückt hat, drücke ich absichtlich 1. Verzichten, Chat. Nein, er ist ein Arsch. Ich hab schon mit Schlimmeren gevögelt. Oh. Okay, ich bin dran. Yes, man. Okay, das ist einfach nur unfair. Warum? Tja, weil ich dann zugeben muss, wie heiß ich Autoritätsfiguren finde. Aber ich entscheide jetzt da ein bisschen. Chat. Wirklich? Ich muss zugeben, darauf hätte ich dich nicht festgenagelt. Oh ja, du willst mich festnageln? Sagen Sie. Sorry, ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich meine ganz ehrlich, ich finde ihn, also er ist mega creepy. Max finde ich mega angenehm. Jetzt, Max ist mega locker, finde ich mega angenehm mit dem Gespräch. Aber er ist auch der Creepiness, oder? Ich bin wieder dran. Fienchen, so wie du sagst. Sonst noch. Aha. Nein. Meine Studenten sind tabu. Da ich sowohl in Caledon und ein Student bin, was deine Vorliebe zu sein scheint. Komm schon. Also? Nein. Was ist mit mir, Miss Caulfield? Wo lande ich bei der Umfrage? Hey, sagen Sie, schleift es eigentlich? Also, Chat. Also, das geht mir zu weit. He? Also, da muss ich ganz klar, muss ich jetzt da mal schnell dazwischen. Chat. 1 oder 2? 2. Was ist 2? Verzichten? Okay. Chat, ich bin stolz auf euch. Ihr habt richtig entschieden. Ich habe noch das falsche Knöpfchen gedrückt, sorry. Ich muss da wieder runter. 2. Hä? Ganz sicher nicht küssen wir Win. Ganz sicher nicht. Fass das jetzt bitte nicht falsch auf. Aber... Kein Ding. Ist kein Problem. So und ich weiss, wenn ich jetzt auf Küssen gegangen wäre, dann hat Fienchen einfach direkt unfollowed. Spielregeln. Ja. Jupp. Tja, hat Spaß gemacht. Gut entschieden, Chat. Ihr habt gut entschieden. Danke. Nacht, Max. Nacht, Wen. Bye, Wen. Ist er jetzt traurig? Oh, jetzt ist er traurig. Oh nein, der Wen ist traurig. Nur noch schnell. Das geht leider nicht. Also, Chat. Oh, gut entschieden, Chat. Wirklich gut entschieden. Ich hätte eins gemacht, einfach wegen des C. Ja, also sicher nicht. Nein, das kann man so. Nein, niemals Highway Racer, oder? Niemals.
So wie der Chat aussieht, nicht nur Finch. Nein, absolut. Also wir haben alle gut entschieden. Und wahrscheinlich hat dann auch alle unfollowed. Außer der Highway Racer. Der Highway Racer, der hat dann der hat Popcorn geholt und hat die Szene noch ein bisschen genossen. Da. Sassy Szenen sind. Aber doch nicht mit dem Dude, hey. Hallo? Ich wäre direkt vorbeigekommen und hat alles, was ich dir je geschenkt habe, wieder abgeholt. Und ihr seht es dann so live am Stream, wenn man Pfeinchen einfach alles wegnimmt. Alles. Alle Eicheln. Unfollow, Unsub und Unwatch. Du reist in der Zeit zurück und sorgst dafür, dass du meine Streams nie schaust. So, Chat, wir müssen mal schnell einen Plan haben. Amanda in der lebendigen Welt und Kneipe in der lebendigen Welt. Wenn wir aber jetzt noch da sind, schauen wir schnell, ob wir noch etwas haben. Dass du auf dieser Seite noch nicht randaliert hast. Der Shuttle ist noch da in dieser Version. Genau das brauche ich heute noch. Mich auf die Nase zu legen. Das war schon etwas, Max. Hier noch schnell gucken. Krampus Flyer haben wir schon angeschaut. Nichts Neues. Können wir mit der Amanda noch reden? Oh, aber wir könnten doch noch irgendwie ein Bier rauslassen. Ich fühle mich noch nicht mies genug, um Bier zu trinken. Amanda, let's talk. Hey, ist schön zu sehen, dass du dich entspannst. Hast du dir verdient. Oh. Danke, Amanda. Also, oder Chat, vielleicht können wir es noch mal probieren, aber wir können einen Schnappschuss machen. Das kommt in meiner Reihe. Traurige trinken allein. Das machen wir jetzt. Also das Sad Wenn. Der Sad Wenn. Dort ist ein Foto, oder? Können wir das mitnehmen? Oh, Sad Wenn. Oh. Und dann auch direkt noch auf Social Media posten. So sind wir eben, Chat. Genau so sind wir. So, Troy und Chat, ich wünsche euch allen noch ganz viel Spaß und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Pascal, schön bist du dabei gewesen und ich wünsche dir ganz einen guten Schlaf, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Ich lese es gerade noch vor. Die Szene mit der Abby in The Last of Us habe ich auch gefühlt, leider ein bisschen flach gewesen. Sagen Sie, Highway Racer. Du hast jetzt da Bodyshamen. Ist jetzt das ein Bodyshaming-Witz gewesen? Da lese ich jetzt zuerst noch Pascal. Ne? Dann beenden wir schnell den Highway Racer raus. Gute Nacht, lieber Pascal. Mögen deine Träume voller aufregendem Gameplay sein, als würdest du Murmeln aufpolieren. Schlaf gut und lass dich von den Sternen in den Schlummer geleiten. Hey, Pascal, nochmal schön bestehen gewesen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Abby, The Last of Us. Ich bin ja einfach nur gespannt, wie sie das in der Serie machen. Jetzt keine Spoilers, wir dürfen nicht spoilern, aber you know what I mean. Ich bin also sehr gespannt, wie sie das machen in der Serie. Und schon gleich ist es so weit, Chat. Hey Pascal, das wünsche ich dir auch. Also Chat, haben wir da noch etwas Neues? Wir haben noch neue Nachrichten tatsächlich. Mal schnell schauen, was wir da machen können. Ja, kann man jetzt schreibt der Winner. Was hat er geschrieben? Ah, das ist jetzt aber in dieser Welt. He? Okay, ja, das ist nicht interessant. Können wir da noch jemand antworten? Nicht. Nachricht von Win. Ach, jetzt muss ich das wirklich anschauen. Was hat er denn Wichtiges geschrieben, der Win? Hä? Da. Aber wir können ja nicht antworten. Das ist wieder da. Ich sage es jedes Mal, ich reg mich auf, weil ich nicht sehe. Jutis Gipfeli.
Ich sehe nie, von wann sind die Nachrichten. Welche sind neu, welche sind alt. Stellt euch mal vor, euch Chat oder WhatsApp sagt nicht, von wann das die Nachrichten sind. Das ist ja kein Überblick mehr. Amex ist bei uns alles klar, oder? Ich meine, sicher ist es das. Ist es doch, oder? Sicher, Win, so klar, dass es fast durchsichtig ist. Okay, das dachte ich mir. Und du erzählst keinem von mir und Safi, ja? Nicht, dass es mich stört, es ist nur, dass es vielleicht andere Leute stört. Es ist unter Verschluss um Safis Willen. Cool, okay, danke, Max. Okay, gut. Schön haben wir darüber geredet. Viel los heute. Oder der Geschirrspüler ist kaputt. Ich muss mit der Amanda reden. Hey, Kollege. Harter Tag oder alles entspannt bei dir? Kollege? Bist du heute als Boomer-Dad unterwegs? Hey, du hast angefangen. Wohl kaum. Mein Ding wäre viel eher alter Knabe. Prüfungswoche, oder? Alle, die hier reinkommen, sehen ziemlich durch aus. Ein Drink gegen deine Probleme? Ein Shot. Bitte. Oh ja. Jetzt wollen wir aber auswählen, oder? Erst mit brennendem Benzin als Geschmackserlebnis? Oder super süßes... Ich habe Omas Likör geklaut vom Geschmack? Ja, wir können entscheiden. 1 oder 2, Chat. 1, Benzin in Flammen. Und da kommt wahrscheinlich noch der Obi-Wan vorbei, wenn wir das trinken. Oder 2, Omas Likör. 1, 2, 2, 1. Ist ausgeglichen aktuell. 1 ist aktuell die Wahl. Chat entscheidet gerade, was wir auswählen, Walt. Sie entscheiden... Walt, komm, gang wieder. 1. Oh, jetzt muss ich schnell schauen. 1, 2, 2, 1, 1. Also 1 hat gewonnen. Dann machen wir Benzin in Flammen, Chat. Das Benzin. Ich stehe drauf, mir die Kehle wegzubrennen. Schlechter Mezcal? Ich hätte gesagt, aber wäre es Gleichstand gewesen? I don't know. Jetzt auch schon Geschmacksknospen. Aber damit, Max. Und jetzt geht es in Flammen auf, oder? Du dich jetzt? Ich denke immer wieder, dass ich den Tiefpunkt erreicht habe. Dann merke ich, dass ich immer noch falle. Du bist so ein Desaster. Gott, also voll mein Typ. Du brauchst was anderes als Alk. Lass uns rumhängen. Ich brauche 6. Lass mich Trübsal blasen. Bekommst du deswegen keinen Ärger? Musst du nicht eigentlich arbeiten? Wir können auch hier in der Turtle Spaß haben. Weißt du noch das Date, das wir geplant hatten? Warum Das entscheide ich jetzt. Jetzt gibt's Action, Chat. Jetzt gibt's Action. Wetten wir Revenge Horse und dann haben wir den Winner. Als ob. Revenge Horse spielen nur auf Hauspartys. Wir können uns vielleicht kein echtes Konzert angucken. Aber wir können stattdessen so tun. Okay. Ich habe das immer geliebt früher, Chat. Zusammen die Musik hören. Ja, zusammen die Musik hören. So. Ja, natürlich, jetzt geht es viel ringer mit AirPods und so, wireless. Früher, ja, da haben wir noch so teilen. Ja. Und da hat man noch so nahe müssen nennen, so nahe aneinander müssen nennen, zum Musik zusammen hören, Chat. Ja, das war pure Romantik gewesen. Augen zu, verdammt nochmal. Okay. Wir kommen beim Haus meines Kumpels Eddie an. Wir nennen es das Rattenloch. Die besten Partys in Lakeport. Revenge Horse spielt um 23 Uhr. Aber im Rattenloch bedeutet das Mitternacht. Das Haus ist voll. Wir können riechen, wie Granit Joe sich draußen bekifft
Und Eddie winkt uns von einem Tisch voll creepy Merch zu. Granit-Show. Furchteinflößendes Merchandise. I like. Chat, ich entscheide. Warum ist der Merch gruselig? Wir gehen rüber zum Merch-Tisch. Er ist voll mit Stickern und Pins. Alles ist voll mit einem Pferd, das so aussieht als... Wie sag ich das? Als hätte es ein Kind gemalt. Und doch, es hat etwas. Egal, wo du stehst, es starrt direkt in deine Seele. Abgefahren. Ich kaufe einen Sticker. Du hast jetzt einen Sticker. Hey, and it's a sticker. Old casual mug. Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammer and mug from the merch store. And don't miss out on the epic warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammer and merch store. Link in the profile description. Danke vielmals, Warlock. Sehr passend. Ich habe es noch gedacht, das wäre jetzt mega passend. Wenn du aus Versehen das Kabel zu fest auseinandergezogen hast und dann plötzlich 2 so lange Kabel hast, true. Das ist mir x-mal passiert. Aber man hat ja einfach regelmässig die Kopfhörer müssen ersetzen, oder? Die sind doch einfach immer mal wieder kaputt gegangen. Aber so true. Da gibt es auch Sticker. Chat, im Merch Store gibt es. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. In meinem Merch Store gibt es, glaube ich, nicht einmal Stickers, Chat. Die gibt es auch, wenn ich euch Goodies schicke, dann gibt es Stickers. Spielen die Pen and Paper ohne Pen und ohne Paper irgendwie schon. So rein quasi die Story, ja, wo sie sich ausdenken. Die Amanda so ein bisschen als Game Master. Und ohne Würfeln, ja. Aber ich habe es im Fall auch gedacht. Lance, ich habe das auch gedacht. Ne? Die machen das so Pen-and-Paper-mäßig, was die da machen. Check mal, viel zu früh. Sehen wir es uns an. Vorsicht, die Treppe ist steil. Okay, aber jetzt noch Würfeln und so. Revenge Horse eröffnet mit meinem Lieblingssong. Fuck, Marry, Kill. Fuck, Marry, Kill. Und ein Moshpit bildet sich in der rauchigen Dunkelheit vor der Bühne. Chat, ihr dürft wieder mal entscheiden, 1 oder 2. Sehen wir uns das an? Oder Zeit zu pogen? Gehen wir rein? Oder schauen wir es einfach nur an? Können wir die günstigen für 9,90 Franken kaufen, weil sie nur 1 bis 2 Monate gelebt haben? True. Ich habe, glaube ich, auch mega günstige gehabt. Chat. Ja, da. 2. Tiger mit 2. Gehen wir rein, oder Chat? Gehen wir rein. 2-2. Zeit zum Pogen. Shaka Bra. Wir so, als hättest du was Normales gesagt, aber sowas in der Art. Wir schmeißen uns in die Menge. Das ist doch recht intensives Pen and Paper, das ihr macht. Mal ehrlich, ich wette, ich kassiere in den ersten 5 Minuten ein blaues Auge. Oh, dann kämpfe ich mich zur Bar durch und besorg dir einen Eisball. Ich brauche nur ein Auge, um die Show zu sehen. Hey, die Sängerin. Steht sie... Ich finde es geil, wie wir unser Inventar einfach nur angezeigt haben. Stage-Diving? Falls man einen Teppich vom Flohmarkt als Stage bezeichnen kann, klar. Sie legt ihre Gitarre ab, rennt und springt in die Menge. Ihr entscheidet, Chat. Ich fange sie auf. Niemand fängt sie auf. Ihr entscheidet, Chat. Ihr entscheidet. Ich fange sie auf oder niemand fängt sie auf. Ich fände es irgendwie noch lustig. 2 fände ich irgendwie noch lustig. Einmal 2. 2. Ich finde es auch schwierig, heutzutage Kabelkopfhörer zu finden. Ja, vor allem hast du halt einfach an den Geräten keine Anschlüsse mehr. 2. Let's go. Es geht alles so schnell und niemand schafft es, sie aufzufangen.
Ich hoffe, du weißt, was jetzt kommt. Oh. Sag mir nicht, dass die Sängerin, dass sie... Mausetot auf dem Boden. Aber keine Sorge, genauso hätte sie sterben wollen. Bevor wir gehen, erhalten wir eine Einladung zu ihrer Wikinger-Bestattung. Das war die wildeste Show, die ich mir je vorgestellt habe. Ich meine, gesehen habe. Ich sag ja, dass es sich lohnt. Und du hast was mitgenommen. Mal sehen. Einen fürchterlichen Pferdesticker. Mhm. Ein paar blaue Flecken. Und eine Einladung zu einer Wikinger-Bestattung. Das ist aber geil. Schnell lesen, Chat. An einer Quali von einem guten MP3-Player kommt kein Nachteil her. Wir haben es heute schon mal tatsächlich ein bisschen von iPods gehabt. Ich war ja ein riesiger iPod-Fan damals. Ja, wo man sich noch die Sicherheitskopien halt in MP3-Format abgespeichert hat. Ob da gleich die Ellie und Dina-Szene kommt. Highway Racer, du denkst schon nur noch das, oder? Du denkst schon nur noch das. Oh, nein, ich will nicht abbrechen. Nein, abbrechen jetzt hier. Ich will das Spiel fortsetzen. Holy shit. Und das war nur die Trockenübung. Stell dir vor, wie ein echtes Revenge Horse Konzert aussieht. Das war ein verrückter Tag. Aber fühlt sich irgendwie, ich weiß nicht, an, als würde ich morgen nicht alles schlimmer machen für die Menschen um mich herum. Oh, 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 oh. Oh. Oi, 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 oi. Das sagst du öfter. Oh, okay. Über deinen Tag. Jetzt habe ich gemeint, jetzt geht's ab. Was ist passiert? Jetzt habe ich gemeint, jetzt passiert's. Warum bist du so nett zu mir? Shit. Ich tu's schon wieder. Troy versus Manny, do you want to stop to cancel to undo the installation? Lance etwa so. Wenn ich jemanden mag, mich wie ein Miststück verhalten? iPod war auch cool, ich hatte sogar ein Plugin für Winamp, damit ich keine iTunes brauche. Ich glaube, das habe ich auch im Fall. Habe ich auch gehabt. Was hat sie gesagt? Soll ich etwa so tun? Ich habe wieder nicht hingelassen, Chat. Das wäre heiß, oder? Das wäre heiß. Sind schon verdammt heiß, also. Oh? Gut zu Es ist am Brennen, Chat. Denn ich kann echt fies sein. Es ist am Brennen. Tja, was soll ich sagen? Ich stehe halt auf emotional nicht verfügbare Frauen. Willst du sagen, dass ich... Ernsthaft, Max. Du sitzt hier rum und redest von dir selbst, als wärst du ein Kategorie 5 Hurricane. Oh, falsche Wortwahl. Darf ich auch noch etwas entscheiden, liebes Spiel? Sorry, habe ich was falsch gemacht? Nein. Ich will dich wirklich gern küssen. Aber wie gesagt, ich neige dazu, Frauen zu mögen, die nicht dasselbe fühlen. Ich muss wissen, dass ich es mir nicht einbilde. Du musst... Jetzt müssen wir wieder entscheiden, Chat. Oh, come on. Jetzt müsst ihr wieder entscheiden. 1 oder 2, Chat. 1 oder 2. Amanda küssen. Dich zurückziehen. 1. Also wir haben 3 Einsen. 1, 2.
Fishbone mit 2. M&A mit X. Ja, es ist beides X. Es ist beides X, auch als es gesagt ist. Ich muss entweder 1 oder 2 wählen. Aber ich glaube, wir haben mehr Einsen als Zweien, oder? Chat. 1, 1, 1, 1. Also, Chat. Liebe Amanda, liebe Max. Ich hätte jetzt hier noch so einen Wunsch, ne? Einfach Franziskus. Franziskus ist ja, der wird auch geküsst werden. Also ich hätte jetzt da so einen Wunsch. Ich will auch nicht, dass es jetzt ausartet. Ja, konzentrieren wir uns auch weiterhin auf das Spiel, ne? Auf die Story und so. Einmal pro Episode Maximum wird geküsst, okay? Gut, merci. Ich liebe eine gute Mutprobe. Aber ich bin auch sehr höflich. Also, du zuerst. Willst du mich fertig machen? Max Caulfield, du bist furchtbar. Fuck. Okay, Chat. So, also das reicht jetzt. Ist gut. Wann hast du Schluss? Ja, oh. Ja, okay, fair enough. Aber bevor das hier eskaliert, sollten wir vielleicht darüber schlafen? Mhm. In meinem Bett? Mhm. Mir würde das zwar gefallen, aber ich will meinem Therapeuten sagen können, dass ich diese Woche gute Entscheidungen getroffen habe. Du bist eine sehr kluge Frau. Verdammt. Einmal aufwischen im Gang 3, bitte. Fortsetzung folgt. Okay? Aber jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Der Bounce hat das schon x-mal gesagt. Gell? Ich meine, ich gebe mir schlussendlich auch recht. Ich gebe mir wirklich auch recht. Aber man weiss ja, auf was man sich bei Life is Strange einlädt. Ja. Und das ist halt tatsächlich auch immer Teil davon. Ist es so, wie es ist. Würde mir auch gefallen. Vielleicht sollte ich für heute einfach nach Hause gehen. Ja, Chat aber, hä? War gut. Wir gehen jetzt oh, nehmen wir da noch das Foto. Acid Pink Concert. Ich sehe Performances selten live. Und das werden wir korrigieren. Sofort. Wenn du mich kennenlernen willst, ist Musik der beste Weg. In dem Fall bringe ich mein Notizbuch mit. Für ein paar Notizen. Wunderbar. Notier das. Comedian, mag Live-Musik, super süß. Der letzte Punkt ist wichtig. Du machst das anscheinend nicht zum ersten Mal. Was steht im Max-Notizbuch? Definitiv heiß. Und geheimnisvoll. Hoffentlich hilfst du mir mehr zu notieren. Sag mal, jetzt kommt doch ein bisschen Musik. Also. Klar. Die anderen Max und Amanda haben eine echte Band gesehen. Aber konnten sie einer Wikingerbestattung beiwohnen? Wohl kaum. Ja, Chat, da gehen wir raus. Da haben wir noch irgendetwas. Haben wir sonst noch jemanden, wo wir küssen können, Chat? Ja. Hey, Gwen. Gwen. Oh, hi, Gwen. Sorry, dass ich störe, aber ich denke wirklich, du solltest dir die Aufnahmen ansehen. Sie sind seltsam. Also, so richtig seltsam. Ich denke, du kannst dich wehren. Ich sehe sie mir an.
Sonst noch was? Das Einmal ist eine Äpfeltasche. Naja, ich... Pass auf dich auf. McFlurry. Wir gehen, Chat, wir gehen. Ein nettes Mädchen, das eine Kneipe führt. Und auch jetzt nochmal so ein Twist. Iris, kannst du deine Hormone bitte wieder einpacken? Finnchen schreibt, was ich schon die ganze Zeit denke. Und jetzt zurück zum normalen, abgefuckten... Oh, wo... Oh. What the fuck? Wo ist eigentlich unser Kätzchen? Wie heisst überhaupt unsere Katze? Das ist übel. Shit, ich weiss nicht mal mehr, wie die Katze heisst. Ja, das war der Underdog, oder? Der möchte gerne Polizist. Katzina? Nein, I don't think so. Ja sicher, du merkst, dass jemand eingebrochen ist und Leute ist nicht als erstes zur Polizei an. True. Ja, wobei... Jetzt ich muss halt immer schnell überlegen, wo wir sind. Wir sind in der Welt der lebenden Safi. Das heisst, wir haben eigentlich kein Problem. In der anderen Welt hätten wir ein Problem. Tatsächlich. Dann würde ich wahrscheinlich auch nicht der Polizei anrufen, weil wir halt direkt Hauptverdächtige Nummer 1 sind. Dann. Also, weil vielleicht noch Zeug rum ist, vor allem, wo uns verdächtigt. Dann müssten wir zuerst Beweismaterial vernichten. Mal schnell schauen, was wir da machen können. Und futsch ist meine Mietkaution. Aber wer hat denn in dieser Welt rumgewütet? Wobei, jetzt habe ich vorhin gesagt, du warst sicher der Polizist gewesen. Den gibt es ja gar nicht mehr. Ist mir gerade in den Sinn gekommen. Der hat sich ja in nichts aufgelöst. Nein. All meine Arcadia Bay Sachen. Ja, oder die anderen Max. Das ist tatsächlich gute Vermutung. Finde ich interessant, das könnte es schon sein. Nein, jetzt ist sie noch... Nein, das ist die Katze, ja. Okay. Puh, der Katze geht es noch gut, Chat. Die Welt ist in Ordnung. Hast du Angst? Ach, Miso-Suppe. Oh, Miso, jetzt. Miso. Sag Thunfisch. Eigentlich nicht der Moment für ein Foto. Aber du bist so knuffig. Katzen auf Kühlschränken kann ich nicht widerstehen. Hey, sag miau. Nein, jetzt schaut sie aber so komisch hin. So. Wir kommen heim. Es ist eingebrochen worden, es ist alles verwüstet worden. Man macht zuerst ein Foto von der Katze und lädt es auf Social Media auf, Chat und schreibt dazu: Die Katze kann endlich auf mich herabschauen, wie von der Natur vorgesehen. Dann würden wir alle so machen. Hey, alles gut. Was ist passiert? Hey Warlock, schön bist du da gewesen. Schlaf gut, schönen Sonntag noch, Warlock, und bis bald. Bye bye, tschüss. Es ist nur der Warlock, tu dich wieder beruhigen, Miso. Das ist mein Mod. Komm schon, deine Krallen sind doch sicher schärfer als seine. Das klingt nicht gut. Komm schon. Deine Krallen sind doch sicher schärfer als seine. Komm schon. Spring. Ich fang dich. Es war Max.
Katze ist der Beweis, dass es Max war. Dann Die bleib halt Katze da ist pisst auf Max. oben. Sortier deine Gedanken. Wieso echt? Wieso echt? Also ich frage mich ja schon, was die andere Max für Gründe hat, was dort genau passiert ist. So, nehmen wir eine Banane. Hat einen erlesenen Geschmack und Bananen gehören nicht dazu. Getrocknete Bananen. Oh, oh. Banana! Okay, das ist jetzt nicht schlecht gewesen. Oh, Scheiße. Hier ist noch jemand. Den Einbrecher in die Ecke treiben, das können wir, oder? Nicht gefunden werden. Wo ist unsere Minigun? Wo ist unser Katana? Max, wir gehen rauf. Wir holen schnell, was wir brauchen. Hat sicher noch irgendetwas, was wir mitnehmen können, wo uns... wieso kann ich nicht? Oh, what the fuck? Du bist hier, Chloe. Ich könnte deinen Mut gebrauchen. Können wir? Ich muss noch schnell schauen. Ja, ich glaube, ich muss einfach wirklich dort runter. Banane! Oh, was ist das? Nicht meine Snacks. Böse Katze. Das habe ich davon, wenn ich dich nicht füttere. Ich habe das Gefühl, das hat was mit der Katze zu tun. Nicht mit der Person, die eingebrochen ist. Also, runtergehen. Hallo? Max! Oh, da haben wir sie. Also es ist schon, das muss die Evil Max sein, oder? Aber wir sollten uns... Nein, das ist... Oder ist es... Ja. Oh. Danke vielmals. Was macht ihr? Shit. Ich entscheide schnell, Chat. Dito. Oh shit, stimmt. Du bist ich. Ich würde gern sagen, dass es dafür eine plausible Erklärung gibt. Oh. Warte! Ja, okay, das Ding ist, wir dürfen uns, glaube ich, nicht anlängen. Das ist, glaube ich, ein absolutes No-Go. Sonst lösen wir uns beiden Luft auf. Das war jetzt irgendwie ein bisschen unspektakulär. Okay, jetzt gibt es wenigstens eine Verfolgungsjagd. Okay. Verdammt! Okay. Jetzt darüber. Nochmal schnell Chat lesen. Ein paar interessante Nachrichten gelesen. Das könnte Chloe sein. Ja, das war es jetzt nicht gewesen. Es war einfach Chloe gewesen. Das war sehr unerwartet gewesen, tatsächlich. Aber warum muss Max ihre eigene Wohnung einbrechen? Das ist eine gute Frage. Es wäre ja nicht nötig, also ja einbrechen. Ich meine, sie kann ja wahrscheinlich das Gleiche machen wie wir. Sie kann sich auch teleportieren. Wieso muss sie alles so durcheinander bringen? Das ist ja eigentlich auch die Frage. Es ist ja nicht nötig. Aber ja. Aber ich glaube, die Evil Max, die ist einfach anders. Ich bin mir auch mal begegnet.
Ich weiß aber nicht, wie viele Promille ich hatte. Okay, nice. Ich checke auch nichts mehr. Ja, es ist ein bisschen kompliziert jetzt mit 2 Maxes, aber Evil Max, das ist uns bekannt gewesen, dass die existiert. Komm schon. Wie sonst komme ich darüber? Ja, ist ganz einfach. Game Mechanik, Max. Game Mechanik. Ja, ich habe das Gefühl, also... ich nehme nicht an, sie einholen, aber... man weiß ja nie. Keine Portale in die andere Welt auf dieser Seite des Stamms. Ich muss ihre Spur in dieser Zeitlinie verfolgen. Also gut, machen wir. Scheiße. Woher weiß ich, wo lang? Ja, weil du da Powers hast, Max. Und es eigentlich nur einen Weg gibt. Aha. There you are. Ich habe sie nicht verloren. Du bist ja genau am gleichen Ort wie sie. Jetzt haben wir sie gleich eingeholt. Jetzt müssen wir aber den Switch noch machen. Und dann müssen wir uns aber auch sehr gut überlegen, was wir dann genau machen wollen. Was zum... Okay, die Reaktionen finde ich so ein bisschen komisch irgendwie. Stopp! Verdammt nochmal, bleib einfach stehen! Okay, du hast mich erwischt. Was jetzt? Can we talk? Jetzt? Wo bist du hergekommen? Bist du wegen Safi? Ja, das sind beides interessante Fragen. Wo bist du hergekommen? Wo kommst du überhaupt her? Aus der Zukunft? Ist es das, was mit dir nicht stimmt? Dass du völlig ausgetickt bist? Oha! Ich versteh's nicht. Warum warst du in meinem Haus? Wonach suchst du? Und wonach suchst du? Hä? All der Kram in deiner Dunkelkammer. Über Lucas und Vin. Über Gwen. Scheiß, den du gar nicht zu wissen brauchst und der dich nicht kümmern sollte. Ich versuche Safi zu helfen. Das ist nicht wahr. Ich versuche Safi zu helfen. Natürlich tust du das. Gott, ich hab Leute so satt, die helfen wollen. Stopp. Bitte. Wir dürfen uns nicht berühren. Das Ich ist hab gesehen, true. was passiert. Bitte. Vertrau mir. Dir vertrauen? Komm schon, fick dich, Max. Oha! Hey! Oh no, das ist nicht... Oh shit, die bricht jetzt sicher eine Miese. Bye! Oh.
Komm schon! Oh, let's do this. Was zum Teufel war das, Supermax? Komm schon. Wärmen wir dich auf. Ich sag ja, du bist zu weich für die akademische Welt. What? Hä? Kommt irgendjemand raus, was abgeht, Chat? Kommt irgendjemand raus? Also... Ich glaube, also ich bin nicht die einzige Person, die nicht checkt, was jetzt abgeht, oder? Ich meine, ja klar, es ist mal weird, dass wir uns selber begegnet sind, aber wieso ist jetzt sie zur Safi geworden? Sie hat sich verwandelt in Safi. Gut, das finde ich auch ein bisschen komisch, dass sie jetzt Sachen so... Oh, wir sind jetzt Friends. Ich meine, okay, kann man machen. Ich meine, grundsätzlich wollen wir mal erfahren, was endlich abgeht, was los ist. Für da ist es vielleicht nicht schlecht, wenn wir mal so gemeinsamen Nenner finden. Aber wieso ist es jetzt zur Safi geworden? Safi hat auch Powers und kann sich in andere verwandeln. Oh, what? Huh. Okay, interesting. Würde vielleicht aufgehen. Oh, aber es ist mega Straub. Es ist echt mega Straub. Sie ist zur Troilina geworden, ganz einfach. Oh, come on. So, checken wir mal schnell durch, was wir da gemacht haben. Ich brauche nur schnell ein bisschen musikalische Untermalung. Das mache ich da schnell meine Zelda-Playlist rein. Holy moly, okay, also, wo fangen wir an? Moses, hast du versucht, Elderman zu retten? Okay, ich finde es interessant. 81% und auch mehr haben ihn festgehabt. Ich meine, der Elderman war ein absolutes Arschloch, aber ich glaube, die Überlegung ist aber schon die Richtung, dass wir ihm zeigen, hey, wir sind nicht irgendwie, keine Ahnung, da am Leute ermorden und wir wollen auch ihn retten, obwohl er ein Arschloch ist. Und das könnte uns zu gut kommen, habe ich das Gefühl, später, sofern der Elderman überhaupt noch mal einmal auftaucht. Jasmin, hast du Jasmin in der lebendigen Welt zur Rede gestellt oder ihre Lüge akzeptiert? Wir haben mitgespielt, so wie 75% der anderen Spieler. Interesting, das haben die entschieden, Chat. Hast du Amanda in der lebendigen Welt geküsst? 70%, wie auch mehr, Chat, haben Amanda geküsst. Dann haben wir noch dich zurückziehen, wäre eine Option gewesen. Keine Gelegenheit gehabt, wäre auch noch eine Option gewesen. Oha. Ja, dann wären wir wahrscheinlich mit dem Win im Nest gewesen, wenn die Gelegenheit nicht entstanden wäre. Das wär die Realität, die ihr alle unfollowed habt. Finchen wäre jetzt da die Eichel wieder am Zusammenpacken und das wäre die Realität. Wild Theory. Okay, let's schauen wir das schnell an, was ich bin gerade unfähig da.
was Fienchen geschrieben hat. Jetzt habe ich es ja schon eingeblendet. Also Fienchen hat geschrieben, die Max aus dieser Welt hat Time Powers und Safi ist gestorben. Aber aus der anderen Welt hat Safi Powers und keiner weiß, dass Max eigentlich gestorben ist, weil sich Safi kann in sie verwandeln. Darum gibt es auch keine zweite Max. Holy shit, da muss ich jetzt noch mal schnell lesen für mich. Mhm. Okay, das finde ich tatsächlich auch noch eine interessante, aber tatsächlich wilde Theorie, wie du sagst. Darum gibt es auch keine zweite Max. Ha. Aber es sieht schon danach aus, als hätte Safi irgendwie die Powers. Weil sie hat sie ja in dem Moment auch verloren, wo sie ohnmächtig geworden ist. Und darum hat man dann gesehen, dass es Safi ist. Also die Max auf dem Pistolenfoto ist eigentlich Safi. Aber das macht aber keinen Sinn, weil Max hätte ja können das Foto anschauen und in dem Moment reisen. Und Max war Max gewesen. Also in dem Moment wäre es wirklich Max gewesen, weil sonst macht es keinen Sinn. Ausser die Powers von der Safi sind so wild, dass sie wirklich nicht nur das Aussehen annimmt, sondern die Person effektiv dann auch ist. Aber das wär dann ultra wild. Ja, also dort weiss ich auch noch nicht, wie es aufgeht mit dem Moment von dem Foto mit der Pistole. Aber für mich ist eigentlich klar, das war Max gewesen, weil sonst hätte sie nicht dort hinreisen können. Hey, ich weiss es auch nicht, Chat. Wir lesen da mal schnell weiter, was wir da noch gemacht haben. Hast du Win in der Totenwelt geküsst? 49% haben verzichtet, Chat. 32%, das ist viel zu viel, Chat. Viel zu viel. Haben Küssen genommen. Endlich hätten wir gar nicht mit dem Seller reden, Chat. Auch 19% nicht gesprochen. Und wenn es ein wenig enttäuscht, ich gehe da mal schnell durch, das habe ich gar nie gelesen. Moses ist erleichtert, dass du in Sicherheit bist. Jasmin vertraut dir und sieht dich als Verbündete. Amanda freut sich über den Kuss, möchte es aber langsam angehen lassen. Win ist enttäuscht, okay. Moses Anime-Spruch. Max hat Moses Anime-Spruch richtig zitiert, weil ich mich noch daran erinnert habe. So wie 92% von allen Spielern. Ja, wow, okay. Versprechen an Moses. Max hat Moses versprochen, sie wird Safi sagen, sie soll auf sich aufpassen. Ja. Was haben wir gemacht? Wie 85% auch. Falsche Zeitlinie Loretta. Max hat ihre Lorettas nicht verwechselt. Hä? Okay, also wir haben die Lorettas nicht verwechselt. Aber wir hätten sie verwechseln. Verwechseln. Note des Typen mit dem Handy. Max hat die Note des Typen mit dem Handy nicht geändert. Stimmt, so wie die meisten, 67%. Ich hatte es gar nicht gesehen, dass wir das machen können. Wäre aber wahrscheinlich jetzt auch nicht. Ich wüsste nicht, wieso wir das machen sollten. Telefonkunstprojekt, ja klar. Max hat am Telefonkunstprojekt mit der Zukunft gesprochen und von der Vergangenheit gehört. Wie 26%. Die meisten haben gar nichts gemacht. Ein Geheimnis für Win. Max hat Win gesagt, dass sie von der Beziehung zwischen ihm und Safi weiß, so wie 51%. Hätten wir auch nicht können machen. Wir hätten auch können sagen, dass jemand Gwen den Drogenhandel angehängt hat. Okay. Infos für Diamond. Max hat Diamond erzählt, dass Jasmin Win um eine Stellungnahme gebeten hat, so wie 42%. Also da sind wir nicht in der Mehrheit. Die meisten haben gesagt, Max hat Diamond erzählt, dass Win sagte, Maya hätte psychische Probleme gehabt. Okay. Wann gibt es da endlich mal ein bisschen Petting? Vorher haben sie sich geküsst, Bounce. Hast du das nicht gesehen?
Sie haben sich geküsst und der Highway Racer hat sich nicht mehr gespürt. Ein bisschen Petting. Max Drinks des Abends. Max hat bei Amanda einen sehr alkoholhaltigen Drink bestellt, so wie 62%. Okay. Reflexion in der Snapping Turtle. Max hat sich in der Snapping Turtle keinen Moment der Reflexion gegönnt. Ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, Chat. Ich glaube, das verpassen wir die ganze Zeit. Vögeln oder nicht, Chat. Max hat bei Vögeln oder nicht für einige ihrer Kollegen Vögeln gewählt. Chat, das haben ihr gemacht. He? So wie 24% der anderen Spieler. Revenge Horse Konzert. Grease Trap hat ihren Crowdsurfing-Versuch nicht überlebt, so wie 80%. Okay, es war halt auch verlockend gewesen. Einbrecher Max hat den Einbrecher nur durch Hinweise gefunden. Oha, wir hätten den Einbrecher mit unseren Kräften finden können. Das ist interessant, ja logisch. Wir hätten switchen, reingehen und quasi schauen, was ist in der anderen Welt um. Und dann hätten wir Max gesehen. Aber nur 3% haben das gemacht. Okay, finde ich interessant. Und den Mix gibt es natürlich auch. Chat. Chat. Geil. Also es ist verwirrend. Absolut verwirrende Story. Aber immer noch nicht so verwirrend wie Control. Oder Alan Wake. Ich glaube, es braucht ein Zimmer für Wuschigi im Chat. Ja, ein bisschen küssen, ja. Küss, Küss. Arzi-Bazi. Chat. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen Just Chatting machen, wirklich. Wirklich. Ich merke gerade, das Rage-Stop ist schon wieder draussen, oder? Den muss ich wieder reinmachen, Chat. Den muss ich wieder reinmachen. Ich würde gerne noch ein bisschen Just chatten mit euch, aber ich gehe langsam schlafen, Chat. Ich mag nicht mehr. Ich bin durch. Ich bin durch, aber ich bin am Dienstag wieder da für euch. Ich will nicht so lange warten. Uptime heute mal mit Gameplay. 10 Stunden, 29 Minuten. Holy shit, Mann. Ja, ich muss heute noch ein paar Sachen erledigen, Chat. Ich muss heute noch ein paar Sachen erledigen. Der Schluss war echt verwirrend. Ich bin jetzt echt so ein bisschen auch am Umhirnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist irgendwie, ich finde es geil, so Twists, so auf Fragen. Jetzt noch Fragen aufwerfen, die dann hoffentlich beantwortet werden. Das finde ich extrem geil, aber es ist so, wow. Ich hoffe, irgendwie finde ich die Theorie geil, dass Safi auch Kräfte hat, aber irgendwie hoffe ich es gleichzeitig auch nicht, weil dann ist es so, haben jetzt alle Kräfte. Also ist es jetzt so. Wobei es wär irgendwie schon auch noch interessant, aber. Ja, mal schauen. Chat, wir finden es raus. Jetzt habe ich Episode 3 abgeschlossen, richtig? Und ich muss schnell den Bob fragen, weiss der das überhaupt? Hat der Zugriff auf so Informationen? Wie viele Episoden hat Life is Strange Double Exposure? Ich glaube, das weiss der Bob nicht, weil er keinen Zugriff hat aufs Internet. Du hast bereits 4 Episoden entdeckt. Ja komm, der Bob der erzählt einfach irgendetwas, oder? Einfach irgendetwas. Sachen erledigen am Sonntag. Arme Sau, du. Ja, das muss auch manchmal sein. Schon ein bisschen brainfick, das Game. Absolut. Aber ich finde es auch geil, dass wir ein bisschen Action können. Weil die Action hat mir so ein bisschen gefehlt jetzt lang. Haben sie jetzt ein bisschen gehabt und natürlich auch der grosse Twist, das grosse Fragezeichen. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, manchmal ist es so ein bisschen, manchmal finde ich die Reaktionen so ein bisschen komisch von den Leuten. I don't know. Aber da bin vielleicht einfach auch nur ich. In dem Fall
In dem Fall, lieber Troy, danke für die mega Unterhaltung. Vielen lieben Dank für die Hammergeschenke, die du verlost hast. Einfach nur wow, ich liebe den Content. Und ja, Oreo. Ich bin ein Treunautiker. Ja. Hey Arti, danke für die netten Worte. Danke für die netten Worte und sehr gerne, lieber Chat. Entschuldigung. Sehr gern. Ich sage es immer wieder, ich gebe auch gern um. Ich gebe gern um. Kawau Music, danke für den Follow. Holy shit. Oh, das ist mir eine Ehre. Kawau, danke dir. Und willkommen hier auf dem Channel. Ich muss bei dir auch mal wieder reingucken. Ne? Muss unbedingt bei dir auch wieder reingucken. Man konnte sich doch Kawau, ne? Man konnte sich, oder man kann sich bei dir auch Songs wünschen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Man kann sich Songs wünschen. Ist das immer noch so? Ja. Geil. Sehr geil. Ich komme wieder mal vorbei. Ne? Ich komme wieder mal vorbei. Von der Liste True. Ey, wie gesagt, es ist schon eine Weile her. Ne? Es ist schon eine Weile her. Aber ich weiß das noch. Und ich habe sogar vielen Leuten erzählt, weil dein Content einfach so was Neues ist, ne? So fresh. Habe ich so vielen Leuten auch von dir erzählt und habe gesagt, hey, da musst du unbedingt mal gucken gehen. Ne? Also ein großes Kompliment auch an dich, Kawau. Holy shit. Würde gerne wieder mal vorbeischauen. Im Aargau habe da ja einige Menschen, die mir wichtig sind, falls du mal Zeit hast. Hey Arti, kann man gerne machen. Wir können auch, keine Ahnung, etwas trinken gehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Unbedingt. Unbedingt. Über Gott und die Welt reden, Arti. Das wäre doch mal etwas. Ich kann auch mehr inzwischen, weil ich habe im November ein neues Album rausgebracht. Oha! Oha! Oh, Chat, hey, also Chat. Jetzt aber, wenn ich schon immer sage, ne, dann ist es ja klar, dass ich das noch mache. Kawau Music. Geht da mal vorbei, ne? Guckt da mal rein. Also das ist wirklich, das ist mal was Neues, ne? Das ist richtig geil. Richtig geil. Sowas, ich glaube, sowas gibt es kein zweites Mal. Ne? Aber ich habe auch gesagt, ne, Chat, wir sind alle einzigartig. Nur der Arti, der ist Arti. Okay, ich bin zu müde für so Sachen. Ich bin zu müde für Wortspiele. Oh, Chat. Aber wenn wir das schon machen, Chat, ja, dann ziehen wir jetzt so schnell durch. Jetzt schauen wir einen Clip zusammen. Dann machen wir das ganze Programm hier. Guckt euch das mal an, ne? Die ganze Ausrüstung, die ganzen Dinge im Hintergrund. Hey, holy shit. What is happening? Okay, Chat. Nice. Nice. So, Chat, ich bin langsam müde. Ich bin müde. Gehen wir schlafen. Wir haben geschlafen, Chat. Ich weiß nicht, was ihr noch macht. Aber ich tue jetzt hier den Weihnachtsbaum noch abbauen. Das mache ich immer zwischen den Streams. Tue ich hier schnell den Weihnachtsbaum abbauen. Und vor dem nächsten Stream baue ich ihn wieder auf. Das ist kein Clip. Hey, Kawau, ne? Also muss ich dir ja nicht sagen. Du hast mehr Erfahrung als ich wahrscheinlich. Aber nicht die Leute, was die da klippen. Also, ich werde jetzt, Chat, ich will euch nicht dissen jetzt. Aber ich hatte da mal so einen Clip, der wurde gezeigt irgendwo bei einem Shoutout vom Starting Screen. Einfach so 30 Sekunden Starting Screen und ich dachte mir so, okay, das hat jemand geklippt, nice one. Support so wichtig und richtig true.
Kawau geht schlafen. Ja, hey, um diese Uhrzeit. Holy shit, das ist aber auch schon wieder früh. Chat, wo gehen wir denn noch hin? Wo wollt ihr noch hin? Habt ihr noch irgendeinen Vorschlag? Habt ihr noch irgendeinen Streamer auf eurer Liste? Ich schaue jetzt selber an, schnell. Jemand, wo ihr sagt, hey, das wäre jetzt cool. Ich schaue schnell, ob wir jemanden haben mit Life is Strange, vielleicht in dieser Region. Ich bin natürlich auch immer Fan davon, neue Leute zu raiden. Mir ist auch klar, jeden Samstag sind die gleichen Leute die wir könnten raiden. Dazu gehören ganz klar der Jin, der Malphite. Traumi mit Just Chatting, aber ich schaue jetzt mal schnell Life is Strange. Double Exposure. Da bin nur ich Chat. Nur ich streame das. Im Englischen hätten wir vielleicht noch ein paar, aber ist halt immer auch Spoiler-Gefahr, ne? Chat. Ich schaue schnell, ob ihr jemanden habt. So, Chimpanzee streamt Alan Wake 2, nur Chin. Ich glaube, Chat. Ich bin nochmal schnell am Schauen. Ist die Person da ist jemand am Schlafen, Chat. Da ist jemand am Schlafen. Ja, dort raiden wir nicht an. Ja, komm on, wir gehen wieder mal zum Chin. Es ist so, wie es ist. Wir gehen wieder mal zum Chin, lieber Chat. Alan Wake 2. Also vielleicht an dieser Stelle schnell Spoiler-Warning. Alan Wake 2. Also ich kenne es schon und die dabei waren bei mir, die haben das auch. Ich kann man auch nicht spoilern. Und darum würde ich sagen, wir gehen zum Chimpanzee. So, lieber Chat, ich lese noch kurz. Gute Nacht, lieber Highway Racer. Ich wünsche dir süße Träume aus Zürich, wo die Melodien von Beat Saber in der Luft liegen. Möge die Sprache der Nacht in Englisch zu dir sprechen, begleitet von den sanften Klängen einer Eichel. Namens Franziskus, schlafe gut. Und dann haben wir: Gute Nacht, liebe Fienchen, mögen dich heute Nacht weiße Söckchen wärmen, während du auf dem Firefly-Raumschiff durch Traumwelten fliegst. Luna Lovegood schickt dir Glühwürmchen, die dir süße Träume bringen. Let's go, Fienchen. Und Arti. Gute Nacht, Arti. Mögen deine Träume so bunt sein wie Schinkengipfeli. Mit Gizmo an deiner Seite erlebst du fantastische Abenteuer, schlaf gut und lass dich vom Blitzdingsbums in eine magische Welt entführen. Das Blitzdingsbums-Chat. Und das ist jetzt ganz eine kurze Nachricht, aber immerhin ist es nicht einfach ein Gute-Nacht-Fienchen. M&A, möge dein Traumzug dich sicher in die Welt des Fluxkompensators und Blitzdingsbums entführen. Gute Nacht und schlaf gut. Hey, M&A. Und lieber Chat, schön, dass ihr da sind. Merci für den ganzen Support und dass ihr mitgevotet habt beim Spiel. Und ich bin langsam müde, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen muss. Lieber Chat, es geht natürlich dann noch weiter mit den Giveaways. Wie gesagt, das ist noch nicht... Arti, merci vielmals für 100 Bits. Danke vielmals. Ja, danke für deinen Support, Arti. Das nächste Giveaway. Also es geht weiter mit den Giveaways. Das findet am Dienstag statt. Ich werde ca. 19 Uhr anfangen streamen und dann also zwischen 10 und 11 Uhr. Ich schaue dann auch, dass ich am 10 Uhr wirklich pünktlich anfange, dass es nicht zu lang dauert. Sind dann auch zum Claimen. Das ist auch mal wieder die Situation von heute, wo wir viele haben, die es leider nicht claimen können. Aber auf jeden Fall Dienstag. In den Kalender schreiben und nachher am Donnerstag wieder und dann am Samstag wieder. Also 2 zusätzliche Streams unter der Woche, lieber Chat. Gibt's noch jetzt wird er noch eine Bonuskarte. Ja, aber dann machen wir jetzt schnell, oder? Als kleine Belohnung, dass ihr noch so lange da sind, Chat.
Lass mich das schnell einrichten. Also, lieber Chat, ihr bekommt noch eine gratis Sammelkarte. Ausrufezeichen Sammelkarte, Abstand 1 oder Abstand 2. Ich gebe euch genau 30 Sekunden ab jetzt, um das einzulösen. Hype Train Karte für Fienchen, let's go. Ein Fishbone mit der Spielzeughammerkarte. Jetzt kommen sie alle, ne? Jetzt noch so eine Karte, so eine Gratis-Karte, Chat. Season 2. Ende des Chats. Für Highway Racer. Deine Drops verarschen mich, Fishbone. Oh no. Troy Hammer-Karte für Arti. Let's go. Allerletzte Chance, wer noch nicht hat, kann jetzt noch. Nachher mache ich zu. Der Rest läuft aber noch durch in der Queue. Lieber Chat, ich mache zu in 3, 2, 1. So, Chat. Nachher starten wir den Raid zum Chen. Jetzt habe ich vorhin nicht geschaut, was ist noch gekommen. Jetzt habe ich nicht alles angeschaut, Chat. Aber haben auch Herstellen 2? No way. Wieso geht's nicht? Ah, jetzt, sorry. Let's go, Fienchen, let's go! I've faced winged foes far fiercer than you. Let's go, Fienchen. Fienchen hat jetzt tatsächlich noch eine Torlina-Karte herstellen. Das ist natürlich sehr nice. Und ist jetzt ausgerüstet mit der Kaffeetrinkkarte, Shield of Reflection und Torlina. Somit fehlen dir noch 3 weitere. 3 weitere, hm? Hat sich gelohnt. Kannst du im M&A, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, kannst du im M&A Danke sagen, dass er mich daran erinnert hat, dass ich da noch eine Bonuskarte verteilen kann. Let's go. Aber da haben wir noch eine Bonuskarte, das ist cool, als Belohnung, weil wir noch so lange dabei sind. Und by the way, ich habe es schon gesagt, ich bin schon an der Season 3. Ich bin schon nicht davor, Season 3 in Druck zu schicken, lieber Chat. Holy shit. Season 3 hat auch wieder ganz geile Karten dabei. Hauptkarte ist recht spannend, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber es kann auch sein, dass ich noch eine Karte austausche. Hey, alles gut, Emine. Das hast du gut gemacht. Ja. Es hat funktioniert und ich finde es wirklich auch eine geile Idee. Jetzt nochmal Ende des Chats, Hype Train und Dunkelwald, genau. Und einfach noch die Franziskus-Karte, die M&A herstellt und hat jetzt Troy's Hammer 6, Spielzeughammer 4, Gameplay 1, Troylina 2, Franziskus 1. Ich fehle noch. Troy-Karte fehlt noch und dann wäre dein Deck komplett M&A. Und wenn es komplett ist, dann kannst du dir das bestellen dann auch. Highway Racer, Dunkelwald 3, Kaffee Drink 1, Shield of Reflection 1, Ende des Jets 4, Hype Train 1. Ui. Du bist schon gut unterwegs. Das heisst, ja, du bräuchtest nachher noch 3 Karten, wenn du Toelina herstellst. Ja? Also du kannst 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst Tourlina herstellen, Highway Racer. Und nachher fehlen dir aber die Hype Train Karte, Shield of Reflection Karte und Kaffee Drink Karte. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. So, Chat, ich bin müde. Schnell schauen, das haben wir alles gemacht. Schnell abhökeln. Ding, 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 ding. S2.
Ich muss das mal ändern, dass beides geht. I'm sorry, es verwirrt euch immer. Herstellen Abstand S2 für Season 2. Und schnege gute Nacht, hey, euch allen, lieber Chat. Wünsche ich schon mal eine gute Nacht. Ich wäre natürlich mega froh, wenn ihr noch schnell bleibt für den Raid zum Chen. I've faced winged foes far fiercer than you. Nice one. Und ich traue auch. Also die Frage, was du noch brauchst, Arti. Troy's Hammer, Karte, Spielzeug, Hammer, Gameplay. Oh, ich sehe es nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Du kannst dir eine Franziskus-Karte herstellen, Arti. Dann fehlt dir Troy-Karte dann. Du brauchst eigentlich nur Troy-Karten, aber du kannst dir in dem Moment jetzt mit Ausrufezeichen herstellen S1 Franziskus-Karte herstellen, wenn du willst. Darfst du natürlich gerne schnell machen. Kannst aber auch, musst nicht. Du kannst auch, kannst noch warten und alles aufs Mal machen. Mach ich es anders mal. Okay, let's go. So, Chat. Start Raid. Chimpanzee. Let's go. Chat, wir gehen zum lieben Chimpanzee Alan Wake 2. Ganz wichtig, lieber Chat, alle, die das hören, kopiert euch doch bitte die Raid-Nachricht. Wir haben eine für Subscribers, wir haben eine für Nicht-Subscribers. Kopiert euch die entsprechende Raid-Nachricht schnell rein. Kommt schnell mit dem Raid zum Chin. Lernt dort schnell die Nachricht dort. Macht euch bemerkbar. Der Chin ist ganz ein sympathischer Dude und spielt häufig so Souls-Likes-Spiel. Aber jetzt mit Alan Wake mal ein bisschen Story und so. Also ich werde sicher dann auch noch ein bisschen dort mitschauen, bis ich einschlafe. Lieber Chat, danke für alles. Danke für die ganzen Hype-Trains, danke für die ganzen Follows, danke fürs Dabeisein, vor allem. Und am Dienstag geht es weiter. Lieber Chat, Dienstag, weitere Giveaways. Let's fucking go. Und Chat, ich sage es immer wieder, ihr seid die beste Community, die man sich wünschen kann. Und es ist so, wie ich es sage. Lieber Chat, schlafen ganz gut. Schönen Sonntag noch. Für die arbeiten, guten Wochenstart und bis bald. Tschüss!